Hallo, guten Nachmittag. Shit. Ich dachte es ist noch morgen. Hallo, schönen Sonntag an alle. Wie geht's? Wie geht's? Hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Sonntag. Habt schön Mittag gegessen. Was Gutes. Und seid jetzt bereit für die ultimative Zockung. Ja. Guten Mittag, wie geht's? Mahlzeit. Gut und selbst, ja, geht gut. Ich bin ein bisschen müde, habe nicht so lange geschlafen. Ja, die ultimative Zockung, ja. Wir brauchen dafür eine Kirche. Kirche? Kustiki. Flattering, danke für die 2 Monate, Dankeschön. Und Rafons, danke für die 4 Monate. Und Ruhm, danke für die 4 Monate. Dankeschön an alle. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende bis jetzt. Und jetzt einen schönen Sonntag natürlich. So. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, bin heute ein bisschen früh aufgestanden, weil gestern bin ich ja um 11:30 oder so off. Und dann muss ich halt duschen und mich ready machen fürs Bett und so. Und dann kann ich nie so instant schlafen, deswegen bin ich erst, glaube ich, um 1:30 eingeschlafen. Und dann musste ich aber schon um 7 aufstehen, weil wir heute rodeln gingen. Also bin ein bisschen müde. Aber ich habe Kaffee jetzt. Oh ja, ich war rodeln. Wenn ihr Fotos gucken wollt, ist auf meinem Instagram. War richtig schön heute. Richtig schönes Wetter. Es war so Hochnebel auch, also am Morgen. War richtig cute. Guck mal. Oder? Oh, warte, mein Finger ist auf der Aussicht. Oh Mann! Hier. War cool. Seht ihr die Wolken im Tal? War cute. Mit Tasche jetzt seit 3 Wochen nicht geduscht, ja, wahrscheinlich. Mackinson, danke für die 19 Monate. Thank you so much, Mackinson. Müsst ihr auf dem Insta gucken, wenn ihr Fotos gucken wollt. War cute. War schön. Ich habe eine Freundin gesehen, die habe ich lange nicht mehr gesehen, weil die arbeitet in Börzen. Und dann sind wir runtergerodelt. Guck mal. Guck mal, wie cute. Du ziehst in den Alpenraum? Bella, ja, wie cool ist das denn? Ja, nice. Aber Wohnungssuche, ja, viel Glück. Ich hoffe, du findest was Cooles. Ist ja ein bisschen schwierig mit Wohnungen im Alpenraum, ne? Könnte schwierig werden, aber es gibt halt manche Gebiete, da geht's echt gut. Also wenn du nicht ultra picky bist, ne? Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie alles möchtest, ist schwierig. Aber wenn du hier und da okay bist, also wenn du okay damit bist, dass du halt, keine Ahnung, nicht direkt irgendwie die größten Berge vor deinem Fenster hast oder so, dann geht's, glaube ich. Ich scheine Oberbayern. Ja, ich glaube, Bayern generell ist eh okay, glaube ich. Also Bayern-Land ist ja, glaube ich, halbwegs okay. In den Voralpen, ja, da müsste es doch noch gehen, glaube ich, oder? In Deutschland nennen wir das Schlittenfahren. Ja, ist mir egal, wie das nennt. Ich nenne das Rodeln. Dann ist das so. Ruhe hier. Das ist eine Rodelbahn und wir gehen rodeln. Ach, schwer, aber Wohnungsmarkt in Deutschland gerade überall. Mhm. Die Königin hat gesprochen, ja, genau. So, ich werde das jetzt umfüllen hier, weil das ist ja so ein Thermobecher. Und das hier ist kalt. Ich habe da Eiswürfel reingemacht. Und dann möchten wir, dass es kalt bleibt. Weil zuerst muss ich meinen Kaffee trinken, bevor ich hier dieses kalte Getränk trinke. Moment.
Platz. Perfekt. Nehme ich den auch mit? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Komm mal hier auf den Boden. Oh. Jetzt habe ich mich zurückgedreht und jetzt habe ich Rückenschmerzen. Weißt du, die haben es absolut Chaos, die Lymphadexschwäche. Im Moment bei mir in der Wohnung gibt es keinen Chaos. Ich gehe auch nicht außen. Da bei mir kommt niemand. Ja, nächste Woche wird es ein bisschen Chaos geben, weil hier Olympia ist, aber das Ding ist halt, bei uns ist immer Chaos im Winter, Hochsaison. Ist ja halt gerade Hochsaison im Februar. Dann sind doch irgendwie Faschingsferien oder so in Deutschland. Ist ja alles voll mit Touristen hier. Also ich glaube, wer im Februar als Südtiroler, als Einheimischer hier generell irgendwie was vorhat im Februar, der hat sowieso einen Fehler begangen. Also im Februar immer am besten daheim bleiben. Und nicht weit von Haus gehen. So wie irgendwie möglich weit weg von Haus und dann passt ja alles. Heute zum Beispiel sind wir Rodeln gegangen. Wir waren heute ja rodeln, ja. Und wir sind extra um 8:30 schon gestartet, dass wir halt um 9 Uhr sind wir schon unten weggegangen. Und dann sind wir halt, keine Ahnung, um 10 waren wir dann halt oben, haben was getrunken, saßen ein bisschen rum. Und dann sind wir mit runtergestartet um 11, glaube ich. Und auf dem Weg runter sind uns so viele Leute, das war krass, als wäre es Disneyland. Also der Weg zu der Hütte, als wäre es Disneyland. Da waren so viele Leute unterwegs, die passen niemals in diese Hütte. Also die können nicht essen. Da ist eine Warteschlange oben. Die müssen eine Warteschlange vor der Hütte machen, damit sie alle essen können. Das ist echt krass. Deswegen sind wir heute extra um 9 halt schon gestartet, weil wir wussten, dass heute bestimmt viele Leute da sind. Schönes Wetter, und es ist Sonntag und Februar. Ja, nächste Woche muss man echt, da kann man gar nichts mehr machen wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht kann man sogar was machen nächste Woche, weil die sind ja alle Olympia. Vielleicht sind die ja dann nicht mehr hier. Vielleicht sind die Skigebiete dann leer. Kann halt echt sein, aber denkt ihr, die Skigebiete sind dann ein bisschen leer, weil wer kommt denn bitte hier hin in den Urlaub während Olympia, nur um Ski zu fahren und dann nicht Olympia zu gucken? Das wäre ja irgendwie dumm, oder? Weil die Preise während Olympia sind hier ja absolut crazy. Deswegen meine ich halt. Ja, nee, also es geht mir ja drum, also die Preise während Olympia sind ja komplett also das kann sich ja niemand bezahlen. Weil die ganzen Leute, die Olympia schauen kommen, die müssen ja ein Hotel haben. Deswegen sind die ganzen Hotelpreise halt total hoch. Und wer kommt denn dann hierher, um normal Urlaub zu machen? Also die Leute, die Olympia schauen, klar, die müssen ja irgendwo schlafen, aber die Leute, die kommen doch nicht dann hier hin, oder? Wer ist denn so verrückt und kommt nach Südtirol, um Urlaub zu machen während Olympia? Also das ist schon extra blöd eigentlich, oder? Dann bezahlst du viel, viel mehr und kommst nirgendwo hin, weil die Straßen alle voll sind und überall Chaos ist. Das ist schon extra dumm. Nur die Leute, die vielleicht nicht wissen, dass Olympia ist. Vielleicht die Leute, die keine Ahnung haben, dass Olympia ist und denken sich, oh, Hotel für eine Nacht 1.000 Euro? Wird schon so sein, ja. 1.000 Euro die Nacht, ja. 2-Sterne-Hotel? Wird schon so sein, ja. Ich gucke jetzt echt mal, ob ich noch ein Hotel finde. Ich werde das jetzt gucken. Warte mal. Das interessiert mich jetzt. Ob noch irgendwo ein Hotel frei ist. In der Gegend. Das werde ich mir jetzt angucken. Also. Where are you going? Antholz. Antholz. Ja. Check-in. Wann fängt Olympia an? Nächste Woche wann? Ich mach mal 13. bis 15.
13. bis 15. Februar möchte ich gern hier bleiben. Also Freitag bis Sonntag. Ja. 2 Erwachsene. Ja. Ja, geht's. 2000 Euro? Was ist das denn? Warte mal. Warte, was ist? Ach, das ist ein Chalet. Das sieht aber... Warte, ich zeige das. Guck mal, das hier kostet 2000 Euro. Das sieht halt auch... Okay, das ist wahrscheinlich richtig cool. Das ist wahrscheinlich richtig cool. Aber von außen sieht das schon so ein bisschen aus, als wäre das auch nur so eine Hütte. So eine Heuhütte. Aber die ist bestimmt richtig cool drin. Ja. Sah dann alles, ja. Okay, das ist schon cool. Ja, okay. Nice. Ja, das ist cool. Kann man machen. Kann man machen. Die haben einen Privatsee oder was? Wie viel kostet die? 2000 Euro für 2 Nächte und 2, also 500 Euro. Also 1000 Euro die Nacht. Ja. Das ist also natürlich schon komplett übertrieben, aber es geht halt. Für die Zeit. Dann Hotel Krone, was? Ach, das sind Brunneck. Hotel Krone in Brunneck, ja. 545, 2 Nächte, ja. Ja, das geht auch eigentlich. Das ist ja gar nicht was so teuer. Das ist aber Brunneck, das ist nicht Antölz. Okay, St. den Taufers, das ist hier, wo ich bin. Das ist ein komplett anderes Tal. Ach, weil alles ausgebucht ist. Ah. 96% of places to stay are unavailable. Okay. Weil alles ausgebucht ist, gibt es nur noch die da unten. Ich verstehe jetzt. Also in Antals gibt es gar nichts mehr. Verstehe. Außer das hier. Das ist das Einzige, was noch gibt in Antals. Das sieht ja auch cool aus. Das hat noch Plätze frei. 97 Euro für 2 Nächte. Ja. Kann man machen, ja. So. Wir haben was so geredet, dass leider ist Airbnb ist ja verboten in Italien. Fabkus, Dankeschön für 2 Monate. Vielen Dank. Also Airbnb darf man ja nicht machen hier in Italien. Aber wir hatten mal geredet, wenn man Airbnb machen dürfte, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, als Südtiroler einfach deine eigene Wohnung während Olympia zu vermieten. Für irgendein, also einfach so viel Geld, dass es halt unwahrscheinlich ist, dass das jemand nimmt. Aber wenn es dann trotzdem jemand nimmt, dann fährst du halt in Urlaub für die Woche oder 2. Verlangst du einfach 100.000 Euro und wenn das irgendwer bezahlt, dann bezahlt dir das halt. Dann fährst du in Urlaub. Irgendwo anders hin, wo es billiger ist. Und dann kommst du dann wieder. Ja, eben. Irgendwer nimmt das schon. Genau. Das hatte ich mir halt auch gedacht. Also, bei Oktoberfest ist es wahrscheinlich auch so, ja. Maxim! Holy shit! Maxim, dankeschön für den Raid. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Und ich hoffe, du hast auch einen schönen Sonntag. Vielen Dank für den Raid. Willkommen an alle. Und wenn ihr Maxim noch nicht folgt, dann folgt mal rein. Ist immer richtig angenehm, dass Maxim so früh am Morgen streamt.
Ich bin ein Maxim-Lurker. Jeden Morgen gucke ich mir Maxim an. Ich stehe mal relativ früh auf. Und also wenn andere, bessere Streamer da wären, würde ich die natürlich gucken. Aber ist halt keiner da. Muss ich mal halt Maxim mal gucken. Naja, ist okay. Kann man nicht meckern. Nee, Maxim immer richtig unterhalten am Morgen. Finde ich immer richtig gut. Ja, richtig chill auf jeden Fall. Kann man nicht meckern, ja. So, danke nochmal, Maxim, und schönen Tag noch. Der Schmied steht wie der Bäcker früh auf, ganz genau. Maxim ist der Number One Tank. Ja, ich finde es auch immer lustig, wenn ich mich dann, also ich mache mich dann ja fertig am Morgen und höre mir dann Maxim halt so nebenbei an. Und hin und wieder gucke ich halt auf den Bildschirm, ich gucke dann immer auf meinem Handy. Und dann gucke ich so, der fightet einen Mob. Dann mache ich irgendwas, keine Ahnung, putze mir die Zähne, ich weiß nicht. Und dann gucke ich wieder mal hin später und fightet immer noch denselben Mob. Denke mir, ja, nice, habe ich ja nichts verpasst. Dauert ein bisschen, aber ist sicher. Also Maxim ist bestimmt der Letzte, der stirbt. Als ob man die anders ist. Ja, ich mache mich voll lustig. Dabei bin ich auch ultra langsam. Voll am Lästern. Dabei spiele ich Rezri und brauche auch eine Stunde für den Mob. Ja. Absoluter Anti-FOMO-Stream. Man hat nie das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ganz genau. So, Leute. Sorry, dass ich hier in der Fullcam bin. Ich hatte nur eben den Stream angemacht und wir haben ein bisschen dumm gelabert. Weil also ich bin ja aus Südtirol. Südtirol ist in Italien, by the way. Wissen nicht viel anscheinend. Und wir haben hier Winterolympiade. Die fängt nächste Woche an. Und wir haben gerade über das Chaos geredet, was hier sein wird, wenn die ganzen Leute halt hier hinkommen für Olympia. Und hier ist ja generell schon nicht so, also es ist relativ touristisch hier halt und dann in der Hauptsaison sind generell immer viele Leute hier. Und dann ist noch Olympia, dann wird es schon interessant. Aber dann habe ich gesagt, hier in meiner Wohnung, da kommen keine Leute. Deswegen kann mir egal sein. Olympia wird mega gut, ja. Muss ich mir auch ein bisschen was anschauen, auf jeden Fall. Soccer, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Danke für den Halbstehen, Leute. Ich bin heute auch ein bisschen später dran. Normalerweise streame ich auch ein bisschen früher. Aber heute waren wir rodeln. Und ich habe vorhin gehört, man darf anscheinend nicht rodeln sagen, sondern Schlittfahren. Schlittfahren? Schlittenfahren. Schlittenfahren. Aber egal, ich sag rodeln und das heißt jetzt rodeln, okay? Und es war heute voll schön. Wir hatten so Hochnebel. Warte, ich zeige euch ein Foto. Moment, wo habe ich das? Hier. Guck mal, wie cool. Aber Nebel im Tal. Guck, wie cool. Ja? Und dann sind wir zur Hütte hochgelaufen. So sah die Hütte aus. War auch cute. Hat da relativ viel geschneit letzte Woche auch. Endlich mal. Hat ewig gedauert. Ganzen Dezember hatten wir gar keinen Schnee. War schön heute. Ah ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen später dran. Aber jetzt bin ich bereit, ein paar Mobs zu töten. Chaos-Minister, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Stalker auch Dankeschön für den Prime. Aliens own... Was? Warte mal. Aliens owned my mom. Danke für den Prime. Und das tut mir leid. Oder herzlichen Glückwunsch? Ich weiß nicht. Kann ja sein. Das ist Gutes. Carl, thank you so much for the 93 months, Carl, and for the tier 3. Appreciate that. Thank you so much, Carl. I hope you have a nice Sunday. Thank you, thank you, thank you. Musste jetzt letzte Woche auch eine wichtige Entscheidung treffen, entweder nach Montage Skifahren oder Nagura weiter aus der Ferne zuschauen.
Ja, nächste Woche Montal würde ich jetzt nicht vorschlagen. Also dann vielleicht auch lieber zu Hause bleiben und mir zuschauen. Zuki, danke schön für den Prime. Monkey, danke, 30 Monate. Thank you so much, Monkey. Ah ja, wir kommen alle. Ich bin Nagura oder Caro. Ich komme aus Südtirol. Ich streame eigentlich, also ich habe vorher eigentlich immer auf Englisch gestreamt und dann seit dem Event streame ich Deutsch. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, für immer Deutsch zu streamen. Oder halt für immer. Aber halt das auch nach dem Event noch zu probieren. Ja. Und eigentlich rede ich ja so, aber wenn ich Dialekt rede, dann versteht mich niemand. Deswegen muss ich auch mal wie ein Hördeutsch reden, damit die Deutschen generell auch wie verstehen. Und sonst beschweren sie sich allem, dass ich kaum schon Wörter sage und sie verstehen nur die Hälfte und dann weißt du, wie es ist. Es ist, wie es ist, ja, ja. Und ich spiele einen Paladin und ich bin Level 53. Bin relativ langsam, aber es wäre schwer, ein Galling. So. Und bei Inkassel? Was willst du denn? Ja, was willst du denn? Wie geht's denn? Wie ist das Wetter? Hallo. Hallo. Wärst du nicht gestorben, wärst du schon 60. Boah, das muss ein Maxim-Chatter sein. Ich weiß, dass Maxims Viewer alle schlau sind. Das, Auf dann. wäre ich nicht gestorben, wäre ich schon selber. Das, Hallo. boah. Das hätten meine Leute sich nicht zusammenrechnen können. Gott sei Dank haben wir Maxims Leute hier. Wärst du kein Paladin, wärst du auch schon 60. Aha. So, ich wollte heute ein paar Dungeons machen. Schönen Tag auch. Aber ich weiß nicht. Zuerst werde ich mal leveln. Ich hatte ja auch mal im Rested XP folgen und den Pfeil. Ich muss mal in die. Hast du uns gerade dumm genannt? Würde ich niemals. Ich weiß nicht, was du meinst. Xerotrix, danke für die 11 Monate. Dankeschön. Ich verstehe die gut. Ein Stigro sagt Karren. Ja, Stigro ist zurück. Plantronics, Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe Double Buffs nee, ich habe nicht... Oh, ich habe das schon wieder vergessen. Ich wollte gestern Double Buffs abholen abends. Noch um 11:30. Oder wann war das? Um 11? Ich weiß nicht. Und dann habe ich ganz knapp den Onyxia-Buff verpasst. Jetzt habe ich nur den Zugoro-Buff. Ich weiß nicht, ob ich den Chrono ich nicht, glaube ich. Nee. Ziehe den Ehren. Den Chrono ich nicht, das ist mir zu teuer. Ich müsste eigentlich hier eben diese Quest abgeben, dann mache ich das schnell. Hilfe? Ich muss in die brennende Steppe, naja, brennende Steppe. Das Licht segne euch. Kannst du mir kurz auf der Bank, bevor du richtig loslegst? Okay. Mann, dieses Banschen. Was habe ich denn jetzt? Manchmal will ich 2 Wörter sagen und die werden dann in meinem Kopf zu einem Wort. Ich wollte Menschenbank sagen, aber habe dann Banschen gesagt. Bank. Ja? Braucht ihr Ja, etwas? dieses Menschenbank-Ding Mögen die Reisen sicher sein. ist manchmal schon. Deswegen bin ich so langsam. Nicht, weil ich langsam level oder so, weil ich die ganze Zeit durch die Menschenbank loggen muss, natürlich. Natürlich. Köpfklinge, wo ist sie denn? Habe ich sowas? Ja. Klar haben wir die. Man sieht sich. Okay, das wird jetzt nicht gehen. Moment. Oh, Schönen guten Tag. die fast weggeworfen. Schönen Tag auch. So, dann gucken wir mal, unser Parler ist. Ich muss mal... Maxim kommt ja immer abends wieder und schmiedet Sachen, oder? Ich muss mir mal angucken, was Maxim so alles schmieden kann. Kann er denn schon hohe Items schmieden? Also für Level 52, 53 oder nicht so ganz? Also hier ist er. Er wartet auf mich. Das ist dasselbe Schild wie ich.
Was sagst du normalerweise? Gibt es ein Main Game? Also ich habe ganz, ganz lange nur WoW gestreamt, aber Retail WoW. Ich war vielleicht ein bisschen süchtig. Ein bisschen. Ich habe halt ganz lange in der World First Gilde mitgespielt. Habe auch mehrere World First bekommen damals, schon ewig her mittlerweile. Und nach meiner World First Sache habe ich angefangen so zu casten. Ich habe und halt gestreamt und habe halt trotzdem weiter WoW gestreamt und so MDI und so gecastet, also Dungeon E-Sports für WoW, für Blizzard. Und irgendwann wollte ich dann immer so ein bisschen weniger WoW spielen und andere Spiele spielen, weil ich habe halt ganz lange wirklich gar keine anderen Spiele gespielt, weil ich so süchtig nach WoW war und ich mir immer dachte, warum soll ich irgendwas anderes spielen? Ich habe ja Spaß, den ganzen Tag WoW zu spielen. Und das ist irgendwie richtig lustig, weil ich bin so ein richtiger Nerd. Ich spiele wirklich seit 20 Jahren nur Videospiele irgendwie und kenne aber wirklich fast gar keine anderen Spiele. Und die Leute kommen dann und sagen, hast du mal das gespielt? Hast du mal das gespielt? Kennst du Elden Ring? Kennst du Witcher? Und ich immer so, nö. Weil ich halt wirklich nur WoW gespielt habe. Und mittlerweile ist bei mir was so, ich habe schon Bock, jetzt andere Sachen auch zu machen, weil ich halt nicht mehr so hardcore WoW, also mal abgesehen von dem Event jetzt hier. Aber ich bin halt nicht mehr so, also ich spiele trotzdem noch Retail WoW, aber halt nur so casual eigentlich. Schon immer noch so High-End Casual, also ich spiele dann schon trotzdem gerne so High-End Plus und sowas. Und raid dann, also wenn ich raide, dann raid ich trotzdem halt so Mythic, aber also ich bin jetzt keine Ahnung, ich farm jetzt keine Transmogs oder farm irgendwelche Pets oder sowas. Also ich bin jetzt kein Collector in dem Sinne, Casual, sondern ich spiele halt einfach weniger. Also ich investiere weniger Zeit. Und seit einem Jahr oder zwei probiere ich halt ein bisschen andere Spiele zu spielen. Was am Anfang ein bisschen schwierig war für mich als Streamer. Weil als Streamer musst du natürlich immer gucken, ob der Community das auch gefällt, was du so machst. Du kannst ja nicht einfach mal irgendein Spiel spielen und die Community hasst das voll und guckt überhaupt gar nicht zu. Und dann hast du, keine Ahnung, 5 Leute, die dir zugucken. Das geht natürlich auch nicht. Und am Anfang war das halt ein bisschen schwierig, weil ich wirklich so lange nur WoW gestreamt habe. Aber irgendwann haben sich die Leute schon dran gewöhnt. Und jetzt spiele ich halt alles, worauf ich so ein bisschen Bock habe. Letztens mal ein bisschen Guild Wars 2 probiert auch. Das wollte ich auch noch weiterspielen nach dem Sauerkraut-Event. Wollte ich das noch weiter probieren. Man sieht sich. Und ich will unbedingt Souls-Likes probieren auch. Weil ich habe wirklich noch gar keine Souls-Like gespielt. Und ich habe letztens mal so ein Game gespielt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das heißt Where Winds Meet. Das ist, also es hieß eigentlich, es ist ein MMO. Und deswegen habe ich es mir angeguckt und es war free to play. Und dann habe ich mir das angeguckt, aber das ist so, also es kam mir so ein bisschen wie ein Souls-like vor. Und ich hatte voll Spaß dran, irgendwie so Bosses zu töten, obwohl ich da irgendwie stundenlang rumgewiped bin. Und ich dachte so, what the fuck, das macht ja voll Spaß. Und dann meinten Leute, okay, ja, wenn dir das gefällt, dann solltest du auf jeden Fall auch Souls-likes probieren. Das Elden Ring wäre genau das Ding für dich dann. Und deswegen möchte ich das jetzt unbedingt probieren. Aber ich muss mir halt die Zeit dafür nehmen, weil ich denke mal, aber das ist ja ein großer Freund hier. Der Stein. Der Volchan. Droppt der irgendwas Gutes? Wahrscheinlich nicht, oder? Denkst du, den kann ich soloen? Denkst du, den schaffe ich? Na klar. Ah ja. Seitdem, also seit den letzten 1-2 Jahren mache ich dann halt ein bisschen Variety, ein bisschen WoW, wenn da mal was Neues rauskommt. Und ansonsten mache ich noch Real-Life-Streams, relativ viele. Ich bin halt auch mittlerweile nicht mehr die Jüngste jetzt. Also ich bin jetzt auch nicht, keine Ahnung wie alt, aber ich bin 34. Aber mit dem ganzen Nerden und den ganzen WoW-Spielen war ich dann halt ein bisschen unfit. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich auch mal rausgehen. Mich ein bisschen bewegen und so, ne? Sonst bekomme ich noch einen Herzinfarkt, wenn ich die Stiegen hochgehen muss.
Ja, dann bin ich halt ein bisschen, und ich wohne ja auch in Südtirol, ist ja richtig schön hier. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt, neben dem Zocken auch so ein bisschen Radfahren, Bergsteigen, keine Ahnung, sowas halt. Skifahren, Skitour. Und dann dachte ich mir, ja, warum nehme ich denn nicht meinen Stream mit? Wenn ich schon hier in Südtirol wohne, schon so schön hier ist, dann kann ich ja Real-Life-Streams machen, während ich Rad fahre und während ich Bergsteige und keine Ahnung. Und deswegen nehme ich jetzt hin und wieder mal meinen Stream mit. Letzte Woche waren wir Skifahren. Nee, diese Woche waren wir Skifahren. Oder? Ja. Wir waren am Dienstag? Ja, Mittwoch? kommst bald wieder. Ja, wir waren auf jeden Fall Skifahren. Von ein paar Tagen. Und ja. Nächste Woche gehen wir vielleicht rodeln. Merenta, danke für die 2 Monate, freut mich. Vielen Dank. Good morning, Victor. Good morning. Vorgestern? Ja, kann es sein. Ah, Freitag, stimmt. Stimmt, Freitag. Tage verschwimmen. Ja, jeden Tag hier nur WoW, ne? Für jeder Tag dasselbe. Ja. Okay, warte mal, was habe ich denn hier jetzt für Quests bekommen? Okay. Tanaris muss ich wieder rüber eigentlich. Ich müsste dir eine Quest abgeben, aber... Vielleicht mache ich das später, wenn ich nochmal rüber Tanaris muss. Vor einer Woche oder 2 Tagen fast dasselbe. Ich muss sagen, bei mir die Zeit ist echt... Es verschwimmt alles ein bisschen. Völlig andere Welt für mich. Hier ist unsere höchste Erhebung unglaubliche 168 Meter hoch. Da steht sogar ein Skilift drauf. Das ist ja voll lustig. Da steht ein Skilift drauf. Oh, das ist ja nice. Oh. Wie viel kostet da die Skikarte? 100 Euro? 100 Euro pro Tag, oder? Für Einheimische dann 95 Euro. Es kostet frei. Oh, okay, das ist ja nice. Ist es dann wirklich ein Skilift oder trägt die Leute dann jemand hoch? So, gratis Skilift? Okay, dann komm mal mit. Spring. Gratis, da kann man nicht meckern, ne? Wenn es was gratis gibt, dann sollte man auf jeden Fall nicht meckern, das stimmt. Schön, euch zu sehen. Seid auf der Hut. Okay, Brutlingsessenz. Wollen wir das? Was Warte mal, geht ich euch fliege durch mal hier den rüber. Kopf? Das ist eine Schlucht. Ja. Man sieht sie. Der Lift steht aber seit 2013 still. Gibt keinen, der den betreiben will. Oh. Och Mann. Das, wo ich aufgewachsen bin, also in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, da war vor dem Haus so ein Feld und das war halt ein bisschen schief. Und da hatten die auch mal so einen richtig alten Skilift. Ich glaube, das war so ein Schlepplift, glaube ich. Und irgendwann haben die den auch weggemacht. Aber die hatten da eine Schneekatze. Schneekatze sagt man schon auch auf Deutsch, oder? Schneekatze? Wisst ihr, was ich meine, oder? Ich weiß auch gar nicht. Warum nennt man das eigentlich Schneekatze? Ich weiß nicht. Pistenraupe? Ihr nennt es nicht Schneekatze? Was? Oh mein Gott. Wie cute ist Pistenraupe? Okay, aber jetzt hört euch doch immer die 2 Wörter an, ne? Und dann sagt mir, welches besser klingt. Pistenraupe oder Schneekatze. Also, das ist ja eindeutig, oder?
Jetzt ist mir leider, es ist das leider ja, ist schade, ne? Schade, müsste ich den Duden anrufen? Und das jetzt, das müssen wir leider ändern. Die Schneekatze muss, die Pistenraupe leider... ab. Das Wort ist ab. Ersetzen. Ja, das kann man auch sagen. Bones, danke schön für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Schneekatze klingt zu schnell. Das mit den Schneekatzen, also das ist schon relativ gefährlich, wenn man Skitouren geht. Ich war erst vor 1 Monat, 2 Monaten ungefähr, vor 2 Monaten ungefähr, war ich Skitouren. Also kennt ihr, wenn ihr mit den Skiern halt den Berg hochgeht und dann runterfährt. Da bin ich halt, da war das Skigebiet noch geschlossen. Deswegen sind wir mit den Schneekatzen halt rumgefahren. Und dann bin ich runtergefahren und es war schon, also es war nicht ganz dunkel, aber war schon so, ja, es war halt schon relativ dunkel. Und dann war da eine Schneekatze vor mir und ich habe die halt gesehen, die war relativ weit weg von mir. Aber also ich war oben auf der Piste und die Schneekatze war unten und die Piste war halt steil. Und die war aber links auf der Seite, also links auf der Piste und ich war rechts. Und dann dachte ich mir, okay, dann fahre ich halt rechts runter, damit das Seil der Schneekatze, falls da eins ist, damit ich da nicht reinfahre, ne? Falls ihr das nicht wisst, oft sind diese Raupen oder diese Schneekatzen, wie ich sie nenne, sind oft mit so einem Stahlseil irgendwo angebunden. Weil wenn es dann ganz, ganz steil ist, damit die halt nicht runterfallen. Weil einige Pisten wären zu steil. Und dann dachte ich mir halt, weil das eine steile Piste war, dachte ich mir, okay, ich fahre jetzt ganz rechts und die Schneekatze ist halt ganz links und dann passt das schon. Und dann fahre ich so und auf einmal kam links von mir dieses das Stahlseil von der Raupe vom Schnee raus. Also es ist wirklich, das war 1, 2 Meter neben mir halt. Und ich dachte, what the fuck? Also wenn ich 1 Meter weiter links gewesen wäre, dann hätte mich dieses Stahlseil mal kurz in der Mitte auseinandergeschnitten. Das ist echt gefährlich. Vor allem, ich wusste halt nicht, dass das Stahlseil, also ich dachte halt, weil die Raupe unten links war, dass das Seil dann auch links ist. Ich wusste halt nicht, dass es über die Piste rübergehen kann. Was natürlich auch Sinn macht, aber ja. So. Ein Sandosaurier getötet. Ich musste irgendwie runterspringen und ich mag das eigentlich gar nicht. Ich will nicht runterspringen. Ich gucke mir das mal an. Ja, die Piste war geschlossen, also das Skigebiet war noch geschlossen. Also das war halt, bevor die Saison angefangen hat. Das war Ende November, glaube ich. Wir waren vor 2 Jahren auf einer Hütte nach dem Skifahren. Da durfte man abends runterfahren, aber der Wirt telefoniert vorher mit den Pistenraupen. Deren Sohn hat es mal von so einem Seil erwischt. Ja, da muss man echt aufpassen, ja. Ja, das passiert auch oft den Leuten, die halt dann... Das ist dann relativ gefährlich, wenn die Leute halt ganz lange auf irgendeiner Hütte bleiben oben und halt was trinken oder so und dann relativ viel trinken und dann vielleicht ein bisschen betrunken sind und dann fahren die halt betrunken runter, haben dann vielleicht auch kein Licht dabei, keine Stirnlampe oder irgendwas. Und dann, viele Leute wissen das ja auch gar nicht, dass diese Raupen halt diese Seile haben. Das wissen ja viele auch nicht mal. Oft warnen dich dann schon die Hütteninhaber. Wenn du dann spät startest, dann warnen die dich schon oft. Also sie sagen schon Bescheid, dass man aufpassen soll und so. Weil die verstehen ja, dass viele Leute das aber nicht wissen.
Bärtige Speckelfe, Dankeschön. 3 Monate sogar. Ich liebe deinen Namen, ne? Einfach eine bärtige Speckelfe. Wer kennt sie nicht? Ah, das ist doch unten, oder? Kill Incendosaurs. Die sind 100... Wo sind die denn? Oder habe ich die Quest einfach nicht? Ah. Okay, ich muss in eine Höhle hier unten. Wie gefährlich ist die Höhle? Von 1 bis 10? Zwei, 3. Okay, also nicht so gefährlich. Kann man machen, meint ihr, ja? Okay. Ja, dann ist ja gut. Okay. Ja, dann fühle ich mich echt wohl. Dann fühle ich mich wohl, vor allem wenn Leute von Maxim sagen, dass es hier sicher ist. Weil wie gesagt, ich gucke ja oft Maxim am Morgen. Und ich lese dann auch hin und wieder mal den Chat und ich weiß, was die Leute ihm so raten und nicht raten. Und Maxim spielt ja sehr sicher. Wo kommt er denn jetzt her? What the fuck? Habt ihr das? What? Ist das ein Habt ihr das gesehen? Achso, ich wurde gelayert. Jetzt verstehe ich das. Ich so, what? Wo kommt er denn her? Ist das ein unsichtbares Feuerelementar oder was? Aber ja, also morgens gucke ich ja hin und wieder Maxim und dann... ich weiß ja, Maxim spielt ja sicher und ist neu und macht ja alles Sinn und will ja, dass ihn die Leute auch warnen und das ist ja nett. Aber manchmal übertreibt der Chat halt so dermaßen, wo ich mir dann denke, was? Ist ja klar, dass Maxim nirgendwo hin möchte. Wenn der Chat ihn manchmal so Angst macht, wo ich mir dann denke, what? Deswegen, also wenn ich frage, ob irgendwas gefährlich ist und ihr sagt, es ist nicht gefährlich, dann ist es ja 100% nicht gefährlich. Dann ist ja ultra safe hier gerade. Dann fühle ich mich echt sicher. So. Okay, wo müssen wir jetzt hier hin? Ich sehe hier keine Höhle. Ist die noch weiter unten? Ist denn hier ein Höhleneingang? Da drin irgendwo? Warte mal, ich bin zwischen 3 Höhleneingängen irgendwie. Okay, anscheinend habe ich gerade 3 Höhleneingänge verpasst. Die ist oben. Okay. Warte mal, ist es Double Buff jetzt? Oh, verpasse ich gerade den Buff? Oh oh. Ah nee, nur ZG. Wir haben 19 Uhr noch Double Buffs. Okay, 19 Uhr, 19:05 Uhr. Okay. Nach dem Townhall-Meeting, das wäre perfekt. Wo treffen wir uns eigentlich heute? Zum Fischen und so. Askerix, Dankeschön für den Prime. Wie geht's, wie geht's? Habt ihr das gesehen? Der Mob war schon tot und ich habe ihn nochmal out-attacked.
Was nennt sich Nachtreten? Ah, ich war nachgetreten. Okay, wo ist denn jetzt diese Höhle? Ich bin doch voll falsch hier eigentlich, oder? Ah. Hat er hier drin, oder? Das sind jetzt auch keine von denen. Oder ist es die falsche Höhle jetzt, weil hier so viele verschiedene sind? Was und drin rauf und runter. Die hat innen 2 Höhenebenen. Aha, dann muss ich hier rein. Und hier dann irgendwie runter? Geht das so? Ja, Skifahren gestern. Ich war vorgestern Skifahren, aber war gut, war gut. Das Skigebiet leider ein bisschen klein. Bei mir ist halt immer das Ding, also fürs Real-Life-Stream muss halt gutes Internet sein. Und das Skigebiet, wo ich gern gehen würde, das hat nicht so gutes Internet leider. Aber wenn euch Skifahren generell gefällt, und es kam ja relativ gut an, dann könnte ich mal in ein größeres Gebiet gehen. Also Kronplatz könnte ich gehen, da geht das Internet echt gut. Also ich habe hier so ein Mittelgebiet, also es ist nicht ein riesiges, aber auch nicht ein kleines. Das heißt halt Speikboden und das wäre halt relativ nah dran und da müsste ich nicht so weit fahren. Das bin ich halt in 10 Minuten da. Aber leider geht das Internet nicht so gut. Ich könnte halt Kronplatz fahren, das ist halt 20 Minuten weiter weg. Aber da geht das Internet gut. Ist auch viel größer. Aber ich finde das immer so ein bisschen verwirrend. Ich mag Skigebiete, die ein bisschen kleiner sind, aber trotzdem halt gute Pisten haben. Aber Kronplatz ist halt so... Ist halt echt groß. Das ist auch so auf einem... Also es ist halt ein ganzer Berg und du kannst auf allen Seiten runterfahren. Und ich finde das immer so unübersichtlich, weil dann fährt man irgendwie falsch runter, auf einmal bist du im anderen Tal. Mars, danke für die 5 Monate, dankeschön. Das ist doch einfach immer noch die falsche Höhle. Das ist ja komplett verwirrend hier. Ich brauche diese Incendosaurier. Und die müssen hier irgendwo sein. Aber ich weiß nicht wo. Aber habe ich die Quest denn überhaupt? Ja, gucken, ob ich die überhaupt habe. Oder ist das irgendwie ein Bug? Ja, hier. Incendosaurier 20. Der Hansel möchte, dass ich 20 Incendosaurier... Der Hansi. Dann müsste das aber der Map doch angezeigt werden, wo die sind. Ist ja gar nicht weiter unten. Ja, vorhin meinten die Leute oben. Aber ich weiß jetzt nicht, was die Leute meinen mit unten oder oben. Also, so weiter oben oder meinen weiter im Süden? Arisin, danke für die 3 Monate. Vielen Dank. Du bist im Silvester. Dankeschön. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag bis jetzt. Ich bin einfach so verwirrt. Hier ist nirgendwo ein Eingang. Ja, dann lassen wir bei Rested zurück. Okay, Step 12. Also wir sollten hier. Warte. Der will nicht. Der will da nicht zurück zu dem Step aus irgendeinem Grund. Jetzt. Also, jump down to the platform below the and enter the cave. Oder arrow. Okay, dann folge ich mal den Arrow. Das können wir doch.
Hey, Canlet. I just watched your new video. So proud of you. Thank you so much, Canlet. Oh, man. It's rough. It's rough. People have been so incredibly nice to you, which makes it even harder because, like, you know what I mean? Like, I feel like if people would have been mean, or like if people would have just been like mad, then maybe I would have gotten over it quicker because I would have just felt like, oh my god, fucking assholes, you know? But everyone's just so nice, and it's like, god damn it. Why are people so nice? Ah, okay. Nice. Okay. Oh, thank you so much, Kenlot. You're the best. Thank you. Oh, das stimmt, Virus. Das stimmt auf jeden Fall. So, wenn man sehen würde, ob es da irgendwie eine Folgequest gibt oder nicht, die irgendwie wichtig ist, dann könnte man wissen, ob man sowas irgendwie skippen möchte oder nicht. Ja, das stimmt. Pogger Honda, dankeschön für die 3 Monate. Hallo. Ja, ich finde es auch relativ, also Rested XP ist natürlich komplett OP eigentlich, aber es passiert schon relativ oft, dass, also wenn man jetzt nicht alles direkt macht, was Rested sagt. Nice, noch ein Level 60er. Nice. Amsterdam. Also wenn man nicht wirklich alles macht, dann hin und wieder ist ein bisschen verwirrend. Dann sagt, oh, jetzt gibst du das Item ab, was du ja in deinem Inventar hast, weil du das vorhin behalten hast. Keine Ahnung. Aber, ja. Und dann hast du dann irgendeine Quest angenommen in einem vorherigen Gebiet, das jetzt für das nächste Gebiet ist. Aber das Gebiet hast du vielleicht nicht mit Rested gemacht. Und dann hast du diese Quest einfach nicht und so. Thomas! Dankeschön, Thomas. Vielen Dank für die 10 Subgifts. Holy shit, Dankeschön. Willkommen an alle. Schönen Sonntag nochmal an alle. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Und heute einen richtig entspannten Sonntag. Willkommen an Gax, Phoebe, Bernd, die Jules, Bruder Tuck, Kellastus, Kiona, Jilly Gaff, The Grit und Wild Weasel. Dankeschön, willkommen an alle. Okay, der Song ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Moment. Ja, ja, okay. Oder wie wär's denn mit dem hier? So ein bisschen chill. Ja. Bisschen chill. Wir sind ja nur in der Höhle hier drin und machen nichts. Alles gut. Bumsbett, danke wie 13 Monate. Kuss, Digi. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, widerstanden, ja, nice. Okay, von denen muss ich einfach nur 20 töten, das ist ja easy. Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, das ist easy, weil ich bin ein Paladin. Aber ist überschaubar. Es gibt es von Bozen aus, alles zu entdecken in Südtirol. Was meinst du jetzt von Bozen aus? Also von Bozen aus zu Fuß oder von Bozen aus mit dem Auto? Oder? Also von Bozen aus kannst du ja relativ viel machen. Ist ja eigentlich schon... Aber generell kann ich dir da nicht so viele Tipps geben, weil es kommen ständig Leute und fragen mich immer, oh, ich fahre nach Südtirol, was kann ich denn da machen? Und das Ding ist halt, du kannst wieder Millionen Sachen machen. Also es ist ja, es gibt ja richtig viele Dinge, die man macht. Also es gibt ja 100 Millionen Berge, wo du raufgehen kannst, hunderte Skigebiete, keine Ahnung, es gibt halt ganz viele verschiedene Dinge, die du machen kannst.
Ich persönlich sage den Leuten eigentlich immer nur, dass sie vielleicht, je nachdem, wann du da bist, aber wenn du so in der Hauptsaison hier bist, also Hauptsaison heißt zwischen Januar und März, also Dezember bis Februar oder so, also Ende Dezember bis Ende Februar oder halt Hauptsaison auch im Sommer, also wenn du zwischen Juni und August da bist, dann würde ich diese also diese berühmtesten Sachen ich persönlich würde die dann vermeiden. Das sind so viele Leute. Das ist ja nicht mehr schön. Es gibt halt so viele Sachen, die in Südtirol schön sind. So viele Wanderwege, so viele Skigebiete. Also ich würde dann nicht zu diesen Instagram-Locations dann hingehen, weil da ist halt einfach komplett alles überrannt. Und das lohnt sich nicht. Da würde ich mal hingehen, wenn du irgendwann mal hier bist, wenn du nicht in der Hauptsaison hier bist. Also wenn du mal im Mai hier bist oder im Oktober. Also so Monate, wo dann halt nicht so viele Leute da sind, dann kannst du mal zum Praxer Wildsee gehen oder auf die Seisser Alm, also oder zu den auf die Seceda, also diese richtig berühmten, zu den 13, sowas halt. So richtig, richtig berühmten Orte. Da würde ich echt nur in der Nebensaison hingehen oder halt wirklich komplett off-season. Und ansonsten, die Leute denken immer, also sie googeln halt, was ich total verstehe, by the way. Also wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, dann google ich ja auch erstmal, was ich mir angucken soll. Das Problem ist natürlich, dass die ersten Dinge, die dir halt vorgeschlagen werden, sind diese berühmtesten Orte, wo halt die meisten Leute hingehen. Deswegen, was ich immer mache, oder was ich vorschlagen könnte, ist, dass du halt einfach im Hotel fragst, wo du halt bist. Im Endeffekt, welches Hotel oder in welchem Tal du bist, ist ja nicht so wichtig, weil du kannst ja Südtirol ist ja nicht riesengroß. Du kannst überall eigentlich hinfahren. Also wenn du jetzt in Bozen bist, kannst du natürlich auch Gröden oder zu den Dolomiten fahren. Du kannst, das heißt, du kannst ja da überall hinfahren. Aber ich würde dann trotzdem beim Hotel einfach mal nachfragen. Die kennen sich meistens aus. Und dann sagst du halt, hey, wir möchten nicht dahin, wo richtig viele Touristen sind. Wo kann man dann hin, wo nicht alles überrannt ist? Und dann wissen die meistens was. Weil ich weiß halt auch nicht alle Wanderwege und alle Skigebiete aus ganz Südtirol. Ich kann da halt auch nicht immer helfen. Das ist halt echt je nachdem, wo du hingehst. Lightwalker, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Ja, Stilfser Joch ist halt auch... also Stilfser Joch, da kannst du drüber fahren. Das ist natürlich schön. Aber ist halt natürlich auch... also wenn du jetzt mit dem Fahrrad Stilfser Joch fährst zum Beispiel, ist auch... Da will ich auch nur in der Nebensaison oder so fahren. Ich bin ja auch schon mal Stilfser Joch gefahren. Mit dem Fahrrad. Und ich bin halt gefahren, das war Ende Sommer, oder? Da hat es schon ein bisschen geschneit oben. Und da war oben geschlossen. Also ganz oben konnte man nicht drüber fahren. Das war noch geschlossen. Oder wieder geschlossen, keine Ahnung. Und deswegen waren da nicht so viele Leute und es ging echt ganz gut. Aber wenn du Stilfser Joch mitten im, Hauptsaison fährst, das wird halt alles komplett voll sein, ne? Und da ist relativ berühmter Pass. Danke für die 2 Monate zurück, Dankeschön. Aber es hängt ja halt auch von der Person an. Andere Leute finden das komplett egal, ob da 100 Millionen Leute sind oder nicht. Also wenn dir das egal ist, dann... Ich habe das auch vorhin erzählt, weil ich bin ja rodeln gegangen. Heute Morgen. Und wir sind halt um 9 Uhr los. Also wir waren um 9 Uhr, sind wir schon losgegangen. Und das dauert eine Stunde oder so gehst du da hoch. Oder 1,5. Und wir waren dann halt ungefähr so um 10 oben. Wir waren nicht die einzigen da, aber da waren halt irgendwie noch 4, 5 Leute da und sonst eigentlich niemand. Dann haben wir unser Bier getrunken und unseren Apfelstrudel gegessen. Und dann sind wir um 11 wieder runtergefahren mit der Rodel. Und auf dem Weg runter waren da so viele Leute, also die gerade hochgegangen sind. Das war hart. Also das war eine Völkerwanderung.
Das ist echt krass. Und dann waren wir richtig froh, dass wir so früh gestartet sind. Weil, wenn du da mittags hochgehst, das wäre ja komplett, also da kriegst du gar keinen Platz mehr. Das ist eine richtig kleine Hütte da oben. Da haben vielleicht, keine Ahnung, es sind vielleicht 5, 6 Tische. Schon einige größer. Aber, also die Leute, die alle hochgegangen sind, die haben 100% nicht Platz in der Hütte. Da mussten einige wahrscheinlich einfach draußen stehen. Und das ist natürlich auch scheiße dann. Deswegen, also oft, wenn du halt irgendwo bist, wo dann Hauptsaison ist, dann musst du halt einfach nur wissen, wohin und manchmal auch einfach zu bestimmten Zeiten. Also wenn irgendwas komplett Überranntes ist, dann einfach ganz früh hingehen. Das geht auch oft. Ein guter Tipp, glaube ich, ist, also wenn ihr in die Dolomiten wollt, da gibt es oft so im Sommer gibt es oft so Gebiete, da kann man mit dem Skilift hochfahren. Also der ist im Sommer auch an. Und dann nehmen die Leute den Lift und gehen da hoch und wandern dann oben. Aber die Lifte, die machen ja nicht ganz früh auf, sondern die machen meistens erst um 9, 10 auf. Und wenn ihr dann, bevor der Lift aufgeht, schon oben seid, also bevor der Lift oben sein kann, wenn ihr ganz, ganz früh startet, vielleicht auch Sonnenaufgang gucken oder so. Und wenn ihr dann ganz oben seid, jetzt zum Beispiel Seceda, da ist das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige euch das mal. Oft kennt man so Fotos, aber kennt den Namen dann nicht. Ich zeige es euch kurz. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Das sieht so aus. Moment. Also das ist dieser Berg, da ist halt das Gras und dann ist halt diese Klippe runter. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Aber das ist halt auch hier in Südtirol. Und da fährt eben ein Lift hoch. Und das sind ultra viele Leute immer. Das ist ja komplett voll. Aber wenn ihr halt dann im Sommer hochwandert, bevor der Lift aufgeht, dann sind da oben nicht viele Leute. Und das kann man halt eventuell machen. Dann sieht man halt auch diese schönen Instagram-Spots. Aber vermeidet trotzdem die Leute so ein bisschen. Aber es ist echt schön. Also Schäler ist schon schön. Ist schon richtig cool. Ist auch immer voll, ja, das sind schon echt viele Leute immer, ja. Wie lange wandert man da hoch? Und man kann relativ weit hochfahren, glaube ich, mit dem Auto. Und dann, glaube ich, geht man da nicht mehr so lange. Ich glaube, das ist eine Stunde, 1,5 vielleicht? Ich glaube, das ist nicht so weit. Das heißt so. Und Praxa Wilze, da glaube ich, boah, da weiß ich nicht, ob man. Ja, gut. Praxa Wilze ist auch so ein Ding, da sind auch so viele Leute immer. Aber, also, wenn du nur dahin gehen willst, um sich das mal anzugucken, das ist nicht so. Also, es sind zwar. Ihr müsst halt damit rechnen, dass da viele Leute sind, aber es gibt auch Wanderungen, die kann man machen. Das ist irgendwie so ein Berg, da kann man hochgehen. Ich war da noch nie oben. Und wenn ihr nicht jetzt den allerschlechtesten Tag aussucht, dann ist es da echt schön. Das sind auch ein paar Kollegen von mir, die sind letzten Sommer da hochgewandert auf den Berg. Und die meinten, die haben Gamse gesehen. Gott, wie heißt das? Was heißt Gamse auf Hochdeutsch? Was heißt Gamse auf Hochdeutsch? Gamse? Nee, keine Ziegen. Bergziegen. Ja, Bergziegen wahrscheinlich. Bergziegen. Und die haben einen Steinbock gesehen. Die haben Steinböcke einfach gesehen. Und das sieht man bei uns, also die gibt es ja bei uns, aber die sieht man nicht so oft, weil die halt die Menschen normalerweise so ein bisschen meiden und wenn die das was sehen, dann laufen die halt weg. Aber die haben einfach Bergziegen und Steinböcke gesehen. Ich habe noch nie einen Steinbock gesehen, also so im richtigen, so in der Wildnis. Das fand ich echt cool. Und Praxa Wilze, das kennt ihr bestimmt auch. Ich kenne den Namen vielleicht nicht, aber ihr wisst bestimmt, also wenn ich den euch zeige, dann wisst ihr das bestimmt. Das ist ganz, ganz oft auf so Bildschirmschonen und so. Warte. Praxa Wilze. Den hier, den habt ihr auch 100% mal gesehen.
Ja, der. Es gibt irgendwie 100 Millionen Fotos davon, was hier überall Google-Bildschirmschoner, keine Ahnung. Und das ist halt eben auch so ein richtig, richtig berühmter See, wo auch immer richtig viele Leute hinfahren. Und das ist wirklich komplett überrannt. Also das kannst du komplett vergessen eigentlich. Aber wenn du da mal einen guten Tag erwischst oder mal sonst auch wandern gehst, was ich dann halt empfehle, ist, dass man nicht nur zum See geht als Hauptziel, sondern den See einfach so nebenbei ein bisschen mitnimmt halt einfach. Weil wenn du wirklich so als Hauptziel dann zu dem See gehst und dann sind da 100 Millionen Leute, dann ist das ein bisschen scheiße. Aber ich finde halt, wenn ihr dann... Also wenn ihr eine Wanderung macht, so in der Nähe, dann könnt ihr halt kurz den See angucken gehen, kurz ein Foto machen, keine Ahnung, und dann geht ihr halt wandern. Dann denkt man nicht, okay, jetzt bin ich extra hingegangen und jetzt sind 100 Millionen Leute hier. Wisst ihr, was ich meine? Hey Mike, guten Morgen. Ja, morgen, ja. Sagen wir mal, es ist heute, ist noch morgen. Früh 6:30 Uhr geht's noch, aber sonst ist Praxe Wilze crazy. Ja. Also man muss entweder ganz früh da sein oder halt wirklich an... Das Problem beim Praxe Wilze ist auch, weil ich empfehle es den Leuten immer, ja, geht doch mal im Mai oder geht im Oktober oder so. Aber das Problem beim Praxe Wilze ist, im Mai ist er ja noch gefroren. Du kannst ja nicht im Mai hin, also du kannst schon im Mai hingehen, aber dann ist er nicht so schön, weil dann ist er noch zugefroren und dann ist da ja Schnee drüber und die Leute denken sich dann, boah, ein zugefrorener See, das ist doch voll schön. Aber das Ding ist, der ist nicht so zugefroren, dass du dann siehst, also da ist kein Glatteis drauf, sondern da ist eine riesige Eisschicht und dann eine riesige Schneeschicht darüber. Also im Winter siehst du gar nicht, dass da ein See ist. Da könnte auch Gras darunter sein, das siehst du halt einfach nicht. Mai ist aber nicht Winter. Nee, Mai ist... Aber Mai ist halt noch gefroren. Das meine ich damit. Also im Mai ist der noch zugefroren und da ist Schnee drauf. Weil es halt relativ hoch. Also der ist, glaube ich, 1000... Boah, ich würde jetzt lügen, aber 1300 Meter? 1500 Meter über Meeresspiegel ist der See wahrscheinlich. Muss ich jetzt googeln. $1500, okay, ja. Okay, jetzt haben wir alle Run back out of the caves und weiter Plattform zu... Okay. Merkt ihr schon, dass ihr im Winter weniger Schnee bekommt? Ja. Also, ich glaube, was man am meisten, aber das Ding ist, also das Ding mit dem Wetter hier in Südtirol, finde ich, es gibt oft irgendwie so Winter, also, dass man mal nicht so viel Schnee hat, ist halt wirklich nicht so unnormal. Also, es ist halt echt nicht, also es ist wirklich nicht unnormal, dass man halt einfach mal weniger Schnee hat, das passiert. Aber was man halt merkt, ist, dass die Gletscher schon zurückgehen. Also, dass die Gletscher schmelzen und zurückgehen, das merkt man auf jeden Fall. Weil man sieht ja im Sommer, normalerweise siehst du ja die Gletscher. Weil im Sommer sind die Gletscher ja, haben da immer noch Schnee. Und deswegen im Sommer, wenn du in der Nähe von einem Gletscher wohnst, dann siehst du ja immer die Gletscher. Und jetzt mittlerweile sieht man halt, dass immer weniger Schnee drauf ist, was halt schon traurig ist. Aber wir bekommen trotzdem hin und wieder mal viel Schnee. Jetzt gerade hat es wieder ein bisschen geschneit. Aber im Dezember hat es gar nicht geschneit. Also der ganze Dezember war einfach komplett trocken. Und es war aber interessant, weil es war trotzdem kalt. Also es wäre kalt genug gewesen für Schnee. Es hat aber einfach nie geschneit. Und dann war es halt kalt, aber wir hatten keinen Schnee. Und das war echt ein bisschen traurig. Die Leute, die hier im Dezember Skifahren kamen oder im Januar, die hatten da nicht so viel Schnee. Also die Skigebiete hatten klar Schnee, weil die Skigebiete haben ja, die machen halt Kunstschnee. Und es war ja kalt genug für den Kunstschnee. Und dann pressen die den halt an und dann geht er nicht weg.
Also die Skigebiete waren alle offen, hat ja alles gepasst. Aber es war halt wirklich so, die Skigebiete hatten halt ihre Pisten und daneben war alles grün. Das hat echt ein bisschen traurig ausgeschaut. Vor allem ganz oben auf den Bergen, und jetzt, man sieht es auch immer noch, dass es oben auf den Bergen, also auf den hohen Bergen, sieht man noch so schwarz, also man sieht halt einfach noch die Felsen. Und normalerweise in einem normalen Winter sind die Bergspitzen halt alle mit Schnee bedeckt. Das ist alles weiß. Die Bäume gucken halt ein bisschen raus. Oder wenn ganz ein steiler irgendwie Abhang ist oder so, da kann natürlich kein Schnee liegen bleiben, dann sieht man das halt. Aber sonst ist eigentlich alles voller Schnee und alles zugedeckt. Aber jetzt sieht man halt, dass man jetzt... Es ist schon Schnee auf den Bergen. Es ist auch Schnee überall eigentlich. Aber halt nicht so viel. Weil es halt eben den ganzen Dezember und halben Januar einfach nicht geschneit hat. Ja, und jetzt ist es super, super gefährlich, wegen Lawinen. Man hört auch ständig, dass die Leute irgendwie Unfälle haben und unter Lawinen kommen und so. Weil also Ende November hat es so ein bisschen geschneit. Eigentlich relativ viel. Und dann war der ganze Dezember und der ganze Januar war einfach so trocken. Aber es war ja trotzdem kalt. Und was dann passiert ist, also ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, aber das habe ich so gelesen, das so gehört. Was halt passiert ist, weil es so kalt war, aber so trocken, hat sich dann auf den Bergen halt so eine Eisschicht gebildet, aber nicht, also nicht Glatteis, sondern so Frost. Kennt ihr das? Also wenn ihr morgens in der Früh, wenn auf der Wiese so Frost ist, das sind halt so Kristalle dann, so Eiskristalle. Und anscheinend hat sich das dann auf den Bergen so gebildet, aber relativ viel. Und dann ist da dann quasi so eine Schicht aus diesem Reif, aus diesen Frostkristallen halt. Und da drüber hat sich dann der Schnee, der jetzt kam, der Neuschnee, hat sich jetzt da drauf gelegt. Und das heißt, dass diese untere Schicht, also diese Eiskristall, dieser Reif, der ist halt total unstabil, weil der so ganz, das ist wie Salz eigentlich. Und drüber ist halt diese dicke Schneeschicht. Und das sind so Platten dann. Das kann halt einfach wegrutschen. Und das ist super gefährlich jetzt. Wenn man irgendwie Skitouren gehen will oder sowas, das ist super, super gefährlich. Also auf den Skigebieten nicht, da passiert sowas natürlich nicht. Aber halt, wenn du jetzt außerhalb der Piste fahren würdest, dann ist das super gefährlich. Wenn wir Leute Skitouren gehen. So, lass mal weiterlesen hier. Loot the secret plants on the bench. Okay, also ich muss hier rein, oder? Ja. Warte, was steht hier? This quest can be quite difficult. Look for additional group members if required. After looting, jump down below to the main floor or the ledge to the right of the flats to evade any mobs you have aggro of. Hä? Warum ist es schwierig? Hey, McCavity. Man sieht mein Level hier in meinem Charakterfenster. Da spawnen 4 Elite. Ach, sind die aber die ganze Zeit da? Also die stehen da einfach nur bei den Plänen daneben wahrscheinlich, oder? Oder spawnen die, wenn ich da drauf drücke? Wie geht das? Mann, das soll ich nicht alleine machen? Oh Mann. Aber hier ist niemand. Shit. Aber was meint ihr? Also, diese Elite, die muss sich töten oder kann ich die irgendwie einfach umgehen? Die stehen neben dem Item und wenn ich mich da einfach reinleeren lasse, oder? Dann geht das schon. Also, ich spawnt nichts, wenn ich da drauf. Da drüben, okay.
Also da draußen ist das. Okay, ja. Celaya, danke für 3 Monate, Dankeschön. Deswegen steht da wahrscheinlich, dass man das looten soll und dann runterspringen soll. Ah, da ist ein Latch, da kann man die Mobs evaden, steht da. Ah, okay. Das sind ja viele Lieder. Aber wenn ich jetzt ein Rogue wäre, ne, da könnte ich durchlaufen. Mann. Vielleicht kann ich mich irgendwo hinlayern lassen, wo die schon tot sind. Das könnte ich halt probieren. Acid Fire, nice. Hier auf der Brücke ist eigentlich nichts, ne? Also hier kann ich mich layern lassen, hier. Da war jetzt die ganze Zeit eigentlich nichts. Okay, warte mal, ich bin noch nicht gelayert. Um Hilfe fragen wir eine Option. Ja, aber hier ist halt gerade niemand. Bis sich jetzt jemand gefragt hat, das dauert eine Ewigkeit. Bis jetzt irgendwie hierher geflogen kommt. Also ich sehe ja immer, wenn da jemand ist, ich habe ja Guild Map. Also ich sehe gerade im ganzen Gebiet ist Laranas und Pille. Aber vielleicht müssen sie die Quest auch machen. Ich kann schon mal fragen. Ich habe die vorhin gar nicht gesehen. Die Hunter, die waren so, keine Ahnung, die sahen so aus, als würden es irgendwie ein Dungeon-Eingang sein oder sowas. Oder ein Geistheiler. Warte mal, ich frag die mal. Wie heißt das jetzt? Ja, aber Zidrut will ich ja auch nicht machen, oder? Ja, wohl, mit dem Hunter geht's vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass hier irgendein Layer ist, wo die einfach tot sind. Weil die gerade irgendwer gemacht hat. Nugor, ich muss dir danken, du hast mich echt inspiriert, seit ich dich durch Sarkrat kennengelernt habe. Ist mein Bewegungslevel over 9000, habe mir auch ein Walking Pack gekauft. Seitdem stehe ich nur noch drauf, wenn ich zocke, egal ob am Schreibtisch oder im Gamepad in der Hand. Ja, nice. Das ist ja richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Das freut mich echt. Es freut mich auch echt, dass es dir gefällt und dass du Bock drauf hast. Stormy, danke für die 102 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, was kann passieren, ne? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass es ein Skip ist. Nach Goldhain. Goldhain-Skip. Boah, ich laufe meistens entweder 3 Meilen pro Stunde oder 3,5. Mein Walking Pad ist in Meilen aus irgendeinem Grund. Das musst du dir selber umrechnen. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es ein paar 60er, die eben umhauen für mich hier. Vielleicht sind einige leer. Wie wichtig ist die Quest eigentlich? Wahrscheinlich nicht mal so wichtig. Ich kann die einfach skippen, ne? Weiß das irgendwer zufällig, diese Pläne, ob das irgendwie wichtig ist aus irgendeinem Grund? Das ist dieses Was zum Fluxus. Kann ich mir ja angucken. Warte mal.
Da bekommt man dann 4 Quests danach. Also irgendwie so Berufsquests, glaube ich. Ich weiß nicht. Roden war cool. War richtig schönes Wetter. Oh, und hin und wieder ist es schon gut, dass ich mal rauskomme, wenn man ein bisschen frische Luft atmen kann. Ich wollte... Boah, morgens war es echt schlimm für mich, aber aufzustehen, ja. Weil ich hab halt nicht lange geschlafen, weil ich gestern nicht so früh einschlafen konnte. Und dann war das schon ein Horror für mich, heute aufzustehen. Und dann dachte ich mir so, Mann, warum stehe ich eigentlich auf? Ich muss ja eigentlich gar nicht. Ich muss ja nicht rodeln gehen, wenn ich nicht will. Aber dann habe ich es trotzdem gemacht und dann war es schon gut. Ist halt immer so, oder? Habt ihr das auch immer? Man denkt sich immer, ich muss ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eigentlich, ich muss jetzt ja nicht rodeln gehen oder Skifahren oder, keine Ahnung, spazieren gehen. Aber wenn man es dann trotzdem macht, ist es dann trotzdem nice. Ja, okay, dann skippen wir das halt einfach. Okay, fein. Ist aber, wenn ich ins Studio gehe oder laufen. Ja. Ja, ich beim Arbeiten immer, aber da ist dann auch meistens scheiße. Ja. Bleib mal hier. Aber ich würde heute gern BRD tanken. Ich würde auch gern Tempel tanken, aber nur, wenn ich da XP bekomme. Also wirklich nur, wenn da Leute mitgehen, wo ich noch XP bekomme. Es bringt gar nichts mit Level 59ern da reinzugehen. Das ist ja schon scheiße. Mein Freund, bleib doch mal hier. Habe ich überreden lassen, gleich klettern zu gehen? Ja, nice. Wird bestimmt gut. Viel Spaß, viel Spaß. Ich will eigentlich tanken. Also ich möchte gerne tanken mit Level 60 dann. Ich würde gern tanken. Ich habe diese richtig gute Axt hier bekommen. Die ist bestimmt besser als mein Schwert. Also ich habe halt das Schwert hier, das auch richtig gut ist, Bezwinger-Schwert. Und ich glaube, dieser Rippenspalt ist schon besser, auch wenn... Zum Tanken. Auch 10 Angriffskraft, ist halt 18 Angriffskraft weniger. Aber dafür hat es halt einfach mehr DPS, 5 mehr DPS. Ist halt eine Axt. Und das andere ist ein Schwert. Und ich bin ein Mensch. Ich weiß es nicht. Er ist ein bisschen langsam auf die Axt. Aber es geht schon. Ich finde jetzt, das mit diesem langsam oder schnell... Also, ich glaube, eine langsame Waffe zum Tanken ist halt gar nicht mal so schlecht. Dann spielst du halt einfach Siegel des Befehls. Ich mache eh keinen, also Mana, das Siegel und so weiter mache ich eh nicht, wenn ich tanken will, weil ich will ja Aggro haben. Muss ich halt ein bisschen öfter trinken, aber dann ist das halt so. Und bei einem Boss würde ich halt niemals so viel Mana brauchen, denke ich. Dass ich da wirklich eine schnelle Waffe haben muss dafür. Finde ich. Ich weiß es nicht. Das ist ja der einzige Grund, warum man eine schnelle Waffe möchte, oder? Weil man halt einfach mehr Mana haben möchte mit dem Siegel, aber... Sonst bringt die langsam... Ja, und du schlägst halt öfter zu, das heißt, du hast mehr Chance, dann irgendwie deine Siegel zu... Also,
wenn du Siegler Rechtschaffenheit spielst, dann machst du halt... Also es ist halt einfach, dass du dann mehr procs, mehr Holy Damage procs. Deswegen, ne? Warum rennen einige von denen weg und einige nicht? Dann Tankguides. Ja, ich finde, die Tankguides sind ein bisschen verwirrend, weil... Also erstmal ist der Tank ja immer so ein Ding, es gibt ja keinen... Es gibt ja nicht nur einen Weg, Tank zu spielen. Tank ist ja immer so ein Ding, das ist so... Wie es dir halt... Also wie es für dich halt so irgendwie am besten ist, finde ich. Bei Tanken gibt es ja kein richtig oder falsch. Also im ganz Groben und Ganzen gibt es natürlich schon richtig oder falsch. Also dass du keinen Stoff anziehst, wenn du tankst, ist schon klar, ne? Aber im Endeffekt gibt es halt so viele verschiedene Dinge, die du beachten musst dann. Und was du dann mehr oder weniger haben willst, ist halt trotzdem so ein bisschen noch eigener Geschmack, finde ich. Weil zum Beispiel, also beim Paladin ist ja auch das Problem, du hast ja auch Mana, du hast mehrere Ressourcen. Du hast deine HP, die natürlich sehr wichtig ist. Und dann hast du Rüstung und du hast halt so defensive Sachen. Aber dann ist ja auch Aggro wichtig, du musst auch Aggro aufbauen, das heißt, du musst Damage machen. Und halt verschiedene Dinge für Aggro machen. Und dein Mana ist halt auch wichtig, weil umso mehr Mana du hast, umso mehr Damage kannst du machen, umso mehr Aggro baust du auf, ne? Das ist halt es gibt halt so verschiedene wichtige Dinge, finde ich. Und je nachdem, wie du spielst oder wie das für dich gut geht, ist das halt zu machen. Ich finde das halt nicht so... Und nur weil da in einem Guide steht, du musst das so oder so machen, ich glaube dann nicht, dass das dann wirklich so 100%ig so ist. Bin ich der Mann. Also beim Tanken bin ich dann immer so jemand, wo ich mir denke, okay, das muss halt für dich gut gehen. Weil auch sowas wie Mana zum Beispiel, klar ist Mana wichtig, verstehe ich schon, weil ein Paladin braucht viel Mana. Aber es hängt halt total von der Situation ab, weil wenn ein Mob-Pack so schnell stirbt, dass du nicht mal umgehen kannst, weil das halt innerhalb von 2 Weinen stirbt, was bringt mir dann Mana-Rack in dem Moment? Das bringt mir einfach nur dann Dungeon Speed, oder? Weil dann muss ich halt einfach nur weniger trinken zwischen den Packs. Aber das ist dann einfach nur ein Side-Save und nichts anderes. Weil im Pack selber bringt mir der Mana-Rack ja dann nichts. Oder halt das mehr Mana haben. Deswegen finde ich halt immer, bei einem Dungeon oder so, da finde ich jetzt Mana-Rack jetzt gar nicht mal so wichtig, weil ich möchte ja einfach mehr Damage machen und einfach mehr Aggro aufbauen, damit ich sicher Aggro habe. Und das Mana in dem Moment ist ja dann nicht mal so ein großes Problem, wenn ich nicht mal umgehen kann. Und wenn ich dann halt mehr trinken muss zwischen den Packs, dann ist es halt so. Dann müssen die Leute halt mehr warten. Was ist beim Pala Aggro Damage oder spezielle Spells? Beim Pala kommt die meiste Aggro von Holy Damage. Weil du hast diesen Buff hier, der heißt Sonne der Gerechtigkeit. Und da steht, erhöht die von heiligen Attacken verursachte Belohnung um 60%. Also du machst generell natürlich mit Damage auch Aggro, wie jeder andere auch. Aber du machst halt speziell mehr Aggro mit deinem Holy-Schaden. Das heißt, also eigentlich fast alles, was ein Paladin macht, macht Holy Damage, außer Melee-Attacks natürlich nicht. Also wenn du mit der Waffe nur zusteckst, dann macht das kein Holy Damage. Aber die ganzen Siegel-Procs machen Holy Damage und die Weihe und Exorzismus und sowas. Und Judgment. Was natürlich beim Pala auch Aggro macht, ist die Siegel benutzen. Also alleine also ein Siegelcast macht schon Aggro. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn du ein Retri bist, weil ganz viele Paladine
machen erst ihr Siegel an, wenn das Mob-Pack schon gepullt worden ist. Aber der Siegel-Cast macht schon eigentlich relativ viel Aggro. Und du musst aufpassen, oder generell, wenn du nicht der Tank bist, dann solltest du dein Siegel eigentlich schon anmachen, bevor die Mobs gepullt werden. Und auch wenn du ein Heiler bist, vor allem auch, dass du nicht dein Siegel anmachst, direkt nachdem gepullt wurde, weil dann hast du direkt schon Aggro erzeugt und bist schon auf der Aggro-Liste oben und kannst halt relativ schnell Aggro ziehen dann. Weil das wie ein Buff funktioniert, genau. Buffs generell machen ja Aggro. Also, das ist auch eine Strategie als Paladin. Danke für die 100 Bits, Tombola Rainer, dankeschön. Macht Spaß, hier bleibe hier. Ja, das freut mich. Das mit den Buffs, das ist relativ interessant im Raid. Also, wenn du als Paladin einen größeren Raid tanken möchtest, wie zum Beispiel jetzt Molten Core oder Ankirai, Zul'Gurub, keine Ahnung, dann ist es eine richtig gute Strategie, mit Buff-Spammen Aggro zu bekommen. Und zwar mit den großen Sägen. Weil Paladin hat ja diese ganzen Single-Target-Buffs, die nur 5 Minuten dauern. Aber irgendwann bekommst du diese großen Sägen, die dann alle buffen. Also ich kann allen Paladin gleichzeitig Segen der Weisheit geben. Oder allen Kriegern Segen der Macht. Und weil ich dann ganz viele Leute buffe, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 15 Krieger im Raid haben oder 20 Krieger, dann buffe ich einmal diesen großen STM. Und der bufft ja dann 20 Leute und jeder einzelne Buff gibt mir dann Aggro. Und deswegen ist es wirklich eine gute Strategie, auch im Raid, dadurch dann halt Aggro aufzubauen, dass du dann in Combat Buff spammst. Und zum Aggro aufbauen, was eigentlich relativ komisch ist, aber funktioniert halt mal so. Was auch, also vorhin meinte ich ja, dass dieses Siegel Aggro geben, wenn man die benutzt. Deswegen ist Seal Twisting auch als Tank sehr gut. Also macht echt viel Aggro. Das mache ich auch immer, wenn ich tanke. Wenn ich jetzt queste, dann mache ich das nicht so oft, weil es einfach so viel Mana braucht. Aber wenn du als Pala tankst, dann kannst du Seal twisten, um einfach mehr Aggro aufzubauen. Und auch Pro-Judgen nennt man das. Ich kann das nicht erklären, das ist ein bisschen, ist eigentlich nicht so kompliziert, aber als Paladin hast du ja dieses Siegel. Also du hast ganz viele verschiedene Siegel, aber du kannst nur eins anhaben. Und dieses Siegel, was die machen, ist, dass wenn du auto-attackst, dann machen die Siegel irgendwas Bestimmtes, je nachdem welches. Also wenn du ein Mana-Siegel hast, dann bekommst du Aggro, wenn du zuschlägst. Wenn du Rechtschaffenheit hast, dann machst du Holy Damage, wenn du zuschlägst. Wenn du Siegel der Gerechtigkeit hast, dann hast du eine Chance, das Target zu stunnen, wenn du zuschlägst. Also sind halt alles so Buffs, die dauern 30 Sekunden. Hier der ist zum Beispiel. Und du kannst das Siegel auch judgen. Also du hast das Richterteil und dann kannst du die zweite Fähigkeit des Siegels dann auslösen. Also jedes Siegel hat 2 Fähigkeiten. Einmal ist es das Siegel, also die Auto-Attack-Fähigkeit, dass du jetzt irgendwie extra Damage machst oder Mana, bla bla bla. Und dann hat jedes Siegel noch eine zweite Fähigkeit, falls du das Richterteil dann benutzt, während du den Buff hast. In dem Moment, also dieses Siegel der Rechtschaffenheit, das macht Holy Damage, wenn du zuschlägst. Und wenn du Richterteil machst, dann macht es halt nochmal zusätzlich Holy Damage. Und das Richterteil braucht dein Buff auch auf. Also das heißt, wenn ich jetzt Siegel der Rechtschaffenheit hier habe, wenn ich jetzt auf einen Mob Richterteil mache, dann wird das Siegel aufgebraucht, das ist dann weg. Und ich darf nur ein Siegel halt aktiv haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Siegel des Befehls anmache, dann überschreibt es das andere Siegel. Und bei Paladin gibt es halt, also in Classic gibt es halt so ein Ding, das heißt man Seal Twisting. Und das heißt nichts anderes als ganz kurz bevor du zuschlägst, also du hast ja einen Swing-Timer und du weißt, wenn du zuschlägst, und ganz kurz bevor du zuschlägst, kannst du dein Siegel wechseln. Aber weil in Classic das noch nicht 100% optimiert wurde von Blizzard, gibt es dann einen ganz kurzen Moment, wo du dann beide Siegel gleichzeitig abhast, bevor das eben überschrieben wird. Und dann hat dein Auto-Attack einfach 2 Siegel aktiv. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Siegel der Rechtschaffenheit abhab und kurz bevor ich meinen Auto-Attack mache ich dann Siegel des Befehls, dann hat mein Auto-Attack beide Siegel aktiv.
Und dann kann man noch, man kann auch Pro-Judgen auch noch. Das bedeutet, dass ich, also in diesem ganz kurzen Moment, wo ich beide Siegel aktiv habe, da kann ich auch Richttotal benutzen und dann nimmt es immer das Siegel, das weniger Zeit hat. Also jedes Siegel, wenn ich es am Anfang anmache, hat es ja 30 Sekunden lang den Buff. Und wenn ich dann ein neues Siegel anmache, dann ist ja das eine, das ich vorher hatte, hat weniger Zeit übrig als das neue. Das neue wird ja 30 Sekunden haben und das alte hat vielleicht noch 20 Sekunden, keine Ahnung. Und wenn man 2 Siegel aktiv hat, für diese ganz kurze Zeit und dann Richttotal drückt, dann passiert das Richttotal, also es wird immer das kürzere Siegel aufgebraucht. Das heißt, du kannst quasi gratis Richttotal machen, ohne dass dein Siegel aufgebraucht wird in dem Moment. Weil du hast es ja sowieso schon ersetzt. Ich kann das eben zeigen. Also, beim nächsten Auto-Attack werde ich dann Siegel des Befehls anmachen und Richttotal. Und ihr seht, ich habe aber trotzdem immer noch mein Siegel des Befehls. Zeige ich das, Moment. Also wenn ich jetzt hier so mache. Jetzt habe ich eben, also ich habe Siegel des Befehls angemacht und ich habe Richttotal benutzt. Und dann habe ich eben das Richttotal habe ich noch mit meinem Siegel der Rechtschaffenheit gecastet, bevor das überschrieben wurde. Und das ist auch so ein Ding, das macht man auch, wenn man tankt, weil das auch richtig viel Aggro macht eigentlich. Nerdtalk ist bester Talk, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ja, das ist relativ kompliziert eigentlich so in Klassik, mit was man Aggro macht und wie viel. Das ist schon relativ interessant. Und was auch noch relativ cool ist, ist, dass einige Dinge machen zwar Aggro, aber das wird gesplittet. Und einige Sachen werden nicht gesplittet. Also manchmal zum Beispiel macht irgendeine Fähigkeit, die du hast, verursacht jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 100 Aggro. Aber die 100 Aggro wird aufgeteilt auf alle Gegner. Wenn da jetzt 5 Gegner sind, dann wird es halt durch 5 geteilt und jeder bekommt halt so viel Aggro. Und wenn du andere Fähigkeiten hast, da bekommt jeder Mob einzeln 100 Aggro. Und du musst halt dann genau wissen, was dann wie viel Aggro macht. Das ist ziemlich cool. Aber kompliziert. Weil dann musst du halt wissen, wenn du ganz viele Gegner hast, dann macht der Spell vielleicht weniger Aggro als der andere. Aber wenn du nur einen Mob da hast, dann musst du wieder was anderes machen. Also es ist halt gut, dass man das weiß. Als Tank. Es ist generell auch gut, dass man das weiß, als jede, egal ob du jetzt tankst oder nicht. Wie zum Beispiel Paladin sollte schon wissen, dass die Siegel, die du castest, dass die halt Aggro machen. Weil wenn du auch ein Heiler bist oder ein Retri oder so, dann, wenn du weißt, dass das viel Aggro macht, dann castest du es vielleicht halt nicht. Oder auch als Heiler oder so. Das ist immer gut zu wissen, finde ich. Ich habe schon eine salty Aggro-Analyse. Oh Mann, der arme Salty. Ich habe, by the way, noch gar nicht gecheckt, ob sonst irgendwer gestorben ist. Also von gestern auf heute niemand, oder? Oder ob sonst irgendwie ein Close Call oder so war. Ich habe die Clips mir gar nicht angeguckt. Salty gestern habe ich schon mitbekommen, natürlich. Paladin-Wissenschaft hier. Er hat vor dem Tod noch diskutiert, dass er kein SR haben wollte, sondern SK einfach dumm, sorry. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Ich glaube, also er hatte auch vorher schon mal in Run gesagt, dass es irgendwie kein Problem wäre, wenn er Aggro bekommt, weil er hat ja Evasion und alles und Vanish und... Also ich verstehe ihn auch teilweise, weil Rogues sind echt wirklich relativ safe. Also, Rogues haben ja wirklich, wirklich viel. Also, wenn du Aggro bekommst, dann hast du Evasion. Du hast Vanish. Du hast einen Target-Dummy eventuell auch noch. Also, Rogues generell sind schon echt safe. Also, du stirbst nicht instant, wenn du Aggro von einem Boss bekommst, normalerweise. Das war halt echt so ein bisschen... der hat ihn halt einfach so schnell weggehauen. Und klar, das kann immer passieren. Es kann halt echt passieren, dass er weggehauen wirst. Und man sollte vorsichtig spielen. Aber ja, ist halt so ein Ding, wo du denkst, ja, ich habe ja alles.
Wie schnell kann der mich schon weghauen, ne? Und dann ist halt das Ding ist, finde ich, wahrscheinlich wäre auch 9 von 10 Malen hätte er das wahrscheinlich auch überlebt. Also 9 von 10 hat er vielleicht einen Crit bekommen und der zweite ist Non-Crit und dann drückt er Vanish. Oder drückt einen Heilpot oder keine Ahnung. Oder ein Dummy. Oder irgendwas halt. Aber ja, es war natürlich sein Fehler. Also, ist ja ist ja klar, dass es sein Fehler war. Da gibt's nichts zu diskutieren, das war halt 100% immer sein Fail und dann braucht er auch, also da ist er bestimmt auch gar nicht mad oder irgendwas. Er hat's halt riskiert und spielt halt riskant und spielt halt auf Damage ausgelegt und dann, wenn du riskant spielst, dann kannst du halt auch mal sterben. Hey, Wizards of Sargon, wie geht's? Hallo. Was ich halt bei Kriegertanks immer so ein bisschen blöd finde, als Parler geht das eh. Also ich finde zum Beispiel, Parler-Tank ist in Dungeons, vor allem jetzt in hohen Dungeons, kommt mir echt vor, dass ich als Parler-Tank richtig gut bin. Weil manchmal tanke ich ja nicht, also ich tanke manchmal und manchmal bin ich einfach nur ein Damage-Dealer oder bin halt einfach mit und ist Kriegertank dabei. Und ganz oft kommt mir vor, wenn ich mit dem Kriegertank bin, die strugglen so hart Aggro zu bekommen manchmal bei so einem AOE-Pull. Das ist echt krass. Zu viel Damage machen beim Risky Spielen. Zum Glück kann dir das mit dem Parler nicht passieren. Ja, das kann mir auf jeden Fall nicht passieren. Das stimmt. Hey Lix, danke schön für die 2 Euro Donation auf YouTube. Das freut mich. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Hi. Hoi, hoi. Schwarz Korb. Was hat's denn, Gamp oder leer? Selber gemacht? Okay. Noch den Speckkorn gebraucht. Okay. Okay. Wenn du ein bisschen ausgemacht, nur auf Nacht? Wenn du ein bisschen ausgemacht auf Nacht? Okay. Ah ja, also manchmal bin ich dann im Dungeon mit so einem Kriegertank und denke mir dann, boah, wenn die Leute da nicht echt drum herum spielen, also wenn die Leute nicht das nicht verstehen, wie man halt am besten um den Tank drum herum spielt, dann ist das schon echt schwierig. Weil ein Krieger ist ja auch so abhängig von Aggro. Weil wenn ein Krieger keine Aggro hat, bekommt er keine Wut und dann macht er noch weniger Aggro. Beim Parler ist es ja nicht so. Beim Parler, ich brauche nicht Aggro, um Aggro zu machen. Klar, ich habe sowas wie Aura der Vergeltung, aber das ist jetzt nicht so ein Riesending. Also ich kann trotzdem ja richtig... Also bei mir ist es nicht so ein Riesenunterschied wie bei einem Krieger halt. Ja, aber vergelte Aura und Sanctuary, das macht nicht so viel Aggro wie alles andere halt. Also es ist nicht so wie bei einem Krieger, der dann einfach keinen Damage mehr machen kann. Ja, ich verstehe schon, Joy. Also ich verstehe schon, was du weißt, aber ich vergleiche das hier gerade mit Krieger. Also zu sagen, dass Aggro genauso wichtig ist für einen Paladin wie für einen Krieger, stimmt natürlich nicht, oder? Also ich will ja nur sagen, dass Krieger halt komplett fucked ist, wenn die keine Aggro haben. Und Parler kann trotzdem Sachen machen. Ich meine schon doch. Ja, ich finde nicht. Nein. Also ich finde absolut nicht, dass Parler so von Aggro abhängig ist wie ein Krieger. Das finde ich absolut nicht. Doch, nein. Nein. Sorry, aber da liegt ihr auf jeden Fall falsch. Sorry, ein Krieger kann nichts tun, wenn der keine Aggro hat. Der hat ja null Wut, der kann nichts casten. Was soll der denn machen? Der kann ja nichts machen. Als Parler kannst du trotzdem Aggro aufbauen. Du kannst Siegel casten, du kannst
Judgment machen, du kannst Seal twisten, du kannst buffen. Also du hast ja dann recht viele Fähigkeiten, die du trotzdem einfach casten kannst, um Aggro aufzubauen. Aber ein Krieger hat ohne Wut kann er ja nichts machen. Ja, er kann taunten, ne? Aber wenn er halt in dem Moment keinen Taunt hat oder keinen AOE hat oder keine Ahnung, dann ist schon scheiße. Leute, es geht gerade nicht, ob ein Krieger besser ist als ein Paladin. Ihr habt vielleicht nicht ganz verstanden, was ich gerade meinte. Ich meinte aber nur, dass ein Paladin nicht so aufgeschmissen ist, wenn er die Aggro halt im Moment einfach nicht hat. Also, ich habe das ja selber auch mitbekommen. Für mich in einem Dungeon einen AOE-Pool zu tanken, ist halt echt relativ einfach. Also, ich muss da nicht so viel machen. Das ist nicht irgendwie Rocket Science für mich. Ich gehe halt in den Pool rein, mache natürlich meine Weihe an und Seal Twist ein paar Mal und hab Aggro. Ein Krieger geht da rein, castet mal seinen Shout und nach 2-3 Sekunden laufen alle Mobs weg. weil, keine Ahnung, der Heiler hat ihn geheilt. Der Heiler hat einen Heal gecastet und jetzt hat der Heiler Aggro. Also bei AOE tut sich ein Krieger schon hart. Also das ist echt nicht so einfach. Da tut sich ein Krieger halt schon ein bisschen schwer. Aber ist ja auch gut. Stellt euch mal vor, ein Paladin hat ja gar keine Vorteile. Das wäre ja scheiße. Also irgendwas muss ein Paladin ja können. Schaffen wir 2, Leute? Was denkt ihr? Ich markiere den mal, damit ich auch weiß, welchen ich fokussieren soll. Ich habe komplett aus dem Leben gecrittet, die 2 hier. Was wollen die schon machen? Aber das Schwierigste finde ich halt mit dem Tanken, egal was du jetzt spielst, also egal welche Klasse du spielst, das Schwierigste am Tanken finde ich immer in den Dungeons ist, dass die anderen Leute, die dabei sind, also vor allem auch neue Spieler, einfach da nicht genau wissen, wie Tanken funktioniert. Was ja auch verständlich ist. Wenn sie keine Tanks sind, sind sie keine Tanks. Klar, verstehen die das halt nicht ganz. Und das Ding finde ich auch immer, wenn man nicht selber mal getankt hat, dann ist es echt einfach schwierig, das nachzuvollziehen, auch wenn man das erklärt. Also man kann es den Leuten ja auch immer trotzdem erklären, aber oft verstehst du das einfach viel besser, wenn du das selber mal gemacht hast. Also wenn du selber mal getankt hast, dann verstehst du das halt 100-mal besser, als wenn es dir jemand halt erklärt. Ist halt das Problem. Und was mir halt oft auffällt, ist, dass die Leute halt Dinge machen, die sind für mich dann offensichtlich, aber für die anderen halt nichts. Also, dass man halt einen Pull immer stacken sollte, ist für mich das Erste, woran ich denke, ne?
Also wenn ich da 4 Mobs habe oder 5, dann möchte ich natürlich, dass die alle auf einem Haufen sind. Ne? Das ist ja für mich komplett klar in dem Moment. Aber für andere Leute halt nicht. Für viele Leute, die denken halt nicht dran, dass das Sinn macht, dass man die halt jetzt irgendwie stacken soll. Und die vergessen das auch dann immer. Und was sie auch ganz oft machen, ist nicht zu Line of Sighten. Also diese ganze Denkweise, ein Pull zu stacken, ist sowas, das kommt irgendwie, glaube ich, mit Erfahrung, wenn man selber Tank spielt und keine Ahnung. Und das ist so ein Ding, das haben die Leute einfach nicht in ihrer Muscle Memory und ihrem Grundwissen irgendwie drin. Das ist für die halt nicht so eindeutig. Und was dann ganz oft passiert, finde ich, ist, ich pull irgendwas und ich möchte das halt dann irgendwie um eine Ecke pullen. Ich möchte, dass die dann da stacken. Aber es geht einfach so viel falsch dann. Dann hat der Heiler Aggro da drüben und dann hat dann fokussieren natürlich irgendein Target mit Totenkopf. Und dann geht irgendein Rogue, macht den Opener auf den Mob, der ist noch da drüben. Und dann stunt er den Mob da drüben und alle anderen sind schon da. Monkey, danke schön für die 20 Subgifts. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Willkommen an Richie, Rakugosha, DeJoel, Hoppe Sir Leroy, Simdis, Maltorenz, Siox, Traumreisender, Flashlight, Legendary Phoenix, Hadrian, Siklol, Jabiri, TGM, Mala, Gamble, Eoniwa, El Ivan und Saraina. Dankeschön. Willkommen an alle, schönen Sonntag und sag mal danke an Monkey, wenn ihr einen Sack gegiftet bekommen habt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und also, ich will jetzt nicht die Leute flamen, das ist ja komplett, also es ist echt selbstverständlich, dass sie das nicht so drin haben als neue Spieler. Das ist halt klar, ne? Das ist, also ich möchte nicht jetzt irgendwie sagen, die sind komplette Noobs oder irgendwas, das ist halt ganz normal, dass man das nicht irgendwie direkt weiß, wenn man selber jetzt auch nicht Tank spielt und neu in dem Spiel ist, das ist halt das ist super klar. Aber das macht es halt dann echt schwierig als Tank, wenn die Leute das nicht so richtig nachvollziehen können. Und sich dann nicht richtig positionieren. Und dann halt, das ist halt so ein Ding, das lernt man irgendwann halt. Aber das dauert halt schon ein bisschen, bis du das halt raus hast. Und dann ist echt egal, welchen Tank du spielst, ob du jetzt ein Pale bist oder ein Krieger oder keine Ahnung. Wenn die Mobs halt überall stehen, ist immer schwierig. Diese Noobs, ja. Und der Demon Hunter Tank ist, ja, generell in Retail ist es natürlich kein Problem mehr, ne? In Retail ist, nicht, dass Aggro jetzt gar kein Problem mehr wäre, aber in Retail natürlich viel, viel einfacher Aggro zu bekommen. Oder sagen wir mal, es ist viel schwieriger, die Aggro zu ziehen von einem Tank. Das kann schon trotzdem passieren, aber dann machst du schon was. Also dann machst du schon viel falsch, wenn du aus irgendeinem Grund Aggro bekommst in Retail. Oder der Tank ist gestorben oder so. Okay, die Musik ist jetzt auch ein bisschen zu chill, oder? Schlafen wir ein. Was habt ihr heute noch so vor an diesem wunderschönen Sonntag? Seid ihr alle nur so maximale Chillung oder habt ihr noch größere Pläne? Eher rein für TVC. Ich will auch schon gern TVC spielen, aber ich müsste mir einen Charakter boosten. Auf 58. Und dann will ich halt nur so ein bisschen rein, weil ich muss ja klar noch HC spielen. Ich kann jetzt nicht so viel in TVC investieren. Aber ich will es trotzdem schon gern angucken. Hier eine Runde joggen, hier scheint die Sonne, nice. Muss noch Muffins backen für die Arbeit morgen. Nice, Cavity. Welche Muffins machst du? Ich fand Tattles Video 100 Hours First Time Tanking M Plus spannend über die Herausforderungen. Ja, das ist also natürlich auch Retail wieder was anderes, aber das klingt interessant. Das würde ich mir auch mal angucken wollen. TVC Hardcore.
Ja, ich könnte ja eigentlich... Ich könnte eigentlich schon einen Hardcore-Run probieren. Warum denn nicht? Also ich finde, Hardcore macht Klassik für mich schon viel, viel spannender. Aber TBC Hardcore mit dem geboosteten Charakter ist schon ein bisschen... Das wäre schon ein bisschen viel. Ich wollte gerade was kochen, aber das Rezept ist seltsam. Da steht, die Tomaten sollen vorbereitet werden, aber nicht wie. Einfach nur passierte Tomaten. Und heutzutage kann man den Rezepten echt nicht mehr vertrauen. Vielleicht ist einfach so ein AI-Rezept. So ein ChatGPT-Rezept einfach nur. Ich muss sagen, also natürlich möchte ich jetzt irgendein AI nach einem komplizierten Rezept fragen, aber ich habe halt vor 2 Monaten oder so haben wir das mal so gemacht, dass David immer abends gekocht hat für uns beide. Aber also ich wollte halt auch nicht, dass David irgendwie, keine Ahnung, stundenlang in der Küche steht und da irgendwie was ganz keine Ahnung, was kocht. Und deswegen dachten wir, okay, wie machen wir das am besten, damit das einfach ist, aber damit es auch ein bisschen abwechslungsreich ist und dass wir nicht jeden Tag irgendwie dasselbe essen, nicht jeden Tag Nudeln oder so. Und dann haben wir halt auch einfach ChatGPT gefragt und einfach irgendwie gesagt, okay, wir wollen für 2 Personen Rezepte haben. Und dann habe ich halt auch gesagt, welche Küchengeräte wir haben und so. Und dass es halt ausgewogen und gesund sein soll und bla bla bla. Und nicht lange dauern soll. Und das ging schon relativ gut. Einige Rezepte waren dann gut, einige waren so ein bisschen Und man muss halt immer trotzdem nachgucken, weil ein paar Mal, also vor allem bei den Mengen ist es manchmal ganz crazy, ganz wild, was die dann vorschlagen dann. Aber wenn du das so ein bisschen im Kopf hast, ein bisschen nachguckst, dann ist es eigentlich nicht mehr so schlecht. Ja. Ja, dann manchmal kommt dann... Nee, das ist echt nicht so schlecht. Also ich habe mir einige von den Rezepten dann auch direkt aufgeschrieben. Wir haben die dann gekocht. Und ich habe die auch manchmal gekocht. Und dann hat man ja gemerkt, okay, es war jetzt vielleicht zu viel Reis, zu wenig Reis, zu viel Fleisch, zu wenig Fleisch, keine Ahnung. Und dann habe ich die Rezepte aufgeschrieben mit den angepassten Angaben danach. Und einige waren schon echt gut. Und auch halt relativ schnell gemacht. Ist ja klar, weil das macht ja nichts anderes, als Rezepte vom Internet zu durchsuchen. Ne? Ist ja nicht so, als würde er die Rezepte selber dann irgendwie erfinden. Deswegen also, macht schon Sinn, dass das nicht so schlecht ist. Aber was er halt hin und wieder macht, glaube ich, ist, dass er irgendwie probiert, Rezepte zu kombinieren. Und dann wird es problematisch. Ah ja, einige waren schon ziemlich gut. Und was ich auch probiert habe, das war... Ja, teilweise ging das... Weil am Anfang hat er mir dann Sachen vorgeschlagen, wo ich hätte dann ganz ausgefallene Dinge kaufen müssen und auch nur Dinge für ein Rezept einmal pro... Also, das wollte ich dann auch nicht. Also ich habe dann auch gesagt, also welche Sachen ich zu Hause habe, auch mit Mengenangaben und so und was ich halt aufbrauchen möchte. Und ich habe dann auch gesagt, wenn er für die Rezepte Sachen benutzen will, die ich nicht vorrätig habe, dann soll man die in dem und dem Laden kaufen können. Und es soll halt nicht, was weiß ich, für ausgefallene Dinge sein, die es halt da in dem Laden nicht gibt. Und dann hat er wirklich die Produkte aus dem Laden dann dazugenommen und ausgewählt und hat mir eine Einkaufsliste so gemacht. Also das muss man sagen, wenn man damit ein bisschen arbeitet und so ein bisschen hin und her, irgendwann geht das schon ganz gut eigentlich. Ich habe es dann einmal auch mit Makros probiert. Also ich meinte dann, ich möchte so und so viel Gramm Protein und so viel Gramm Fett und so. Das geht nicht gut. Nein. Das kann ich überhaupt gar nicht empfehlen. Das schafft er nicht. Das war immer so komplett falsch.
Was brauche ich denn eigentlich noch? Ich brauche Sklavenhändler und Zuchtmeister. Die Zuchtmeister laufen immer mit einem zweiten Dude rum, oder? Ich gehe mal noch mal rein in die Höhle. Das ist ein Sklavenhändler. Okay, ich dachte kurz, er kommt nicht. Achso, der kommt zu mir? Ah, nee, doch nicht. Das neue Cloud 4.5, was ist das? Ist auch eine AI? Ist der gratis auch, oder? Kann man irgendwas bezahlen für den? KI hier, KI da, alles nur noch krank. Ja, KI ist für mich immer so ein Ding, da denke ich mir, also ich bin jetzt nicht, ich denke, also es gibt ja komplett verschiedene Meinungen über KI und so. Und ich bin da nicht also ich denke nicht extrem in eine Richtung darüber. Also einige sind ja komplett dagegen und einige sind ja komplett dafür, dass das jetzt irgendwie die Welt rettet oder keine Ahnung. Und ich denke halt weder noch. Für mich ist das einfach so ein Ding, das ist halt was Neues, was halt jetzt einfach da ist. Und es ist im Moment einfach komisch, weil es halt neu ist. Das ist ja irgendwie, ich glaube, das muss ich so ein bisschen einpendeln einfach. Weil es ist halt einfach jetzt da und es wird halt auch nicht verschwinden. Und sich da jetzt drüber aufzuregen oder so, finde ich halt auch, ja klar, es braucht Regelungen und so weiter, aber das ist eh klar. Und für mich ist halt irgendwie so, ich glaube nicht, dass es halt weggeht. Es wird ja jetzt nicht verschwinden. Und es wird auch nicht verboten werden. Das würde mich sehr wundern, wenn das auf einmal irgendwie verboten wird. Regelungen, klar, aber und deswegen kommt mir halt vor, diese Zeit im Moment ist halt ein bisschen scheiße, weil die Leute halt sich dran gewöhnen müssen, weil es halt einfach neu ist. Und ich finde, das ist halt so ähnlich wie jede andere Sache, die halt neu war am Anfang. Was ein bisschen einfach komisch war und auch teilweise scheiße war am Anfang. Aber irgendwann haben sich die Leute und halt alles hat sich halt dran gewöhnt irgendwann. Und dann war es halt einfach so. Also wie das Internet. Das Internet war am Anfang halt auch so, what the fuck, was ist das denn jetzt? Und es gab halt auch, natürlich gab es ultra viele gute Dinge an Internet, klar, ne, also ist ja. Aber es gab schon einige negative Dinge auch und die Leute am Anfang einige Leute haben sich dann total auf das Negative konzentriert, was ja auch verständlich ist, was neu ist und die Leute haben erstmal Angst, was ist das jetzt, was kann das, keine Ahnung. Und das ist irgendwie mit allem so ein bisschen so, finde ich. Und mit KI, ich finde sowas also KI ist ja schon sehr hilfreich in einigen Bereichen. In anderen Bereichen ist es wieder scheiße, dass es existiert. Ich glaube, es ist halt jetzt einfach die Realität, dass es da ist. Man muss es ja nicht ich finde auch immer, man muss KI jetzt nicht generell mögen oder nicht mögen. Man muss ja nicht sagen, okay, es ist alles gut daran oder alles schlecht daran. Man kann ja irgendwie, also ich finde schon, dass man eine Meinung haben kann, wo man denkt, okay, in dem Bereich ist KI jetzt vielleicht scheiße und im anderen Bereich ist es vielleicht ganz gut, dass man es hat.
Und auch so ein Ding, wo ich mir auch dachte, am Anfang dachte ich, okay, das stimmt eigentlich. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich nicht. Also die Leute meinen ja die ganze Zeit, boah, die Leute vertrauen nur noch KI. Und dann fragst du KI irgendeine Frage und das sagt dir dann irgendeinen Scheiß, was nicht stimmt, und dann glaubst du das. Und deswegen ist es ja voll schlecht. Und ja, das stimmt. Das stimmt ja eigentlich schon. Aber zu sagen, dass die Leute, die das jetzt so machen, nicht vorher schon auch so gemacht hatten mit Google, ist halt einfach so ein Wunschdenken, oder? Also, die Leute, die jetzt KI irgendwas fragen und das ohne irgendwie danach zu recherchieren glauben, das sind halt die gleichen Leute, die vorher irgendwas gegoogelt haben, wo dann ein Artikel kam, der das bestätigt hat, auch wenn da jetzt 20 andere waren, die das Gegenteil behauptet haben und das trotzdem geglaubt haben, oder? Finde ich. Deswegen, also die Leute gab es halt schon vorher. Dass die KI nicht immer die Wahrheit sagt und dass du das noch trotzdem nachrecherchieren musst, das ist halt klar. Und die Leute, die es nicht machen, okay. Ich glaube, die Leute sind vielleicht auch nicht die hellsten Sterne am Himmel vorher gewesen. Und ich weiß nicht, ob das KI jetzt irgendwie schlechter gemacht hat. Finde ich halt. Das hätte daran nicht so viel geändert vielleicht. Malus, Dankeschön für die 7 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Weil ganz oft kommt mir vor, dass die Leute dann irgendwie sagen, oh, das wäre halt so schlecht für die Menschheit und boah, die Leute werden da so beeinflusst und so. Und dann denke ich mir, ja, aber du kannst ja nicht alles verbieten, was die Menschen irgendwie schlecht beeinflussen könnte. Weil dann kannst du auch kein Social Media haben, ne? Dann kannst du gar nichts haben eigentlich. Weil dann kannst du auch keine Politik haben. Dann sollten Politiker verboten werden. Weil alles kann Menschen irgendwie beeinflussen und irgendwie schlecht beeinflussen. Das ist halt, da muss jeder Mensch einfach für sich selbst denken lernen. Aber ein Ding, was ich schon finde, ist, dass man das in der Schule mehr, ich glaube ehrlich gesagt, dass Kinder heutzutage auch echt besser darin sind, im Internet irgendwie, also generell mit dem Internet umzugehen, finde ich. Weil einige ältere Generationen, die sehen irgendeinen Facebook-Artikel und denken, das stimmt. Oder sehen irgendein Meme und denken, das stimmt. Oder sie sehen ein KI-Video und denken, das stimmt. Ne? Und heutzutage Kinder, die damit aufwachsen, mit Internet und mit Social Media und mit KI, die hinterfragen das schon mehr, glaube ich, als einige ältere Leute. Weil die das ja, also weil die damit aufwachsen. Und für andere Leute ist es halt neu. Ich finde trotzdem, dass man das in der Schule schon vielleicht ein bisschen mehr durchgehen sollte, als einfach mal den Leuten, also den Kindern halt vielleicht einfach mal lernen, wie man das am besten macht. Wo man dann wie kann man dann, also wenn man irgendwas googelt oder irgendwas KI fragt, wie kann man dann halt herausfinden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also das sollte man, glaube ich, schon den Kindern ein bisschen lernen. Und das Ding ist halt, das größere Problem ist, glaube ich, dass die Leute das einfach nicht machen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich euch erzählen würde, dass ich immer alles 100% hinterfrage und recherchiere, was ich dann halt google oder was ich ChatGPT frage, ne? Wer macht das denn schon? Wer hat denn dafür Zeit? Ist ja das Ding. Damn, I do figure. Ich laufe mal jetzt von denen, weil ich glaube, 2 sind mir einfach zu stressig. Weil ja, man sagt halt immer, oh, die Leute müssen das recherchieren, nachgucken und Ding, aber im Endeffekt machen das halt schon sehr wenige Leute. Es kostet halt einfach so viel Zeit, ne? Das ist halt das größte Problem. Die Leute interessieren sich halt einfach nicht so sehr, dass sie sich dann die Zeit nehmen würden, um das dann wirklich zu recherchieren. Ich ja auch nicht. Ich setze mich ja auch nicht hin und... Also manchmal, wenn ich irgendwie so was Lustiges lese auf Social Media oder irgendein Reel sehe oder so, mit irgendeiner Information, die vielleicht lustig ist, dann erzähle ich die auch einfach mal rum, ohne das irgendwie nachzugucken. So passieren halt diese Gerüchte immer, ne? Wo einer dann sagt, boah, wusstet ihr, dass der eine Vogel das und das kann und bla bla bla? Weil man das halt irgendwann mal auf Instagram gesehen hat. Und das hat man dann vielleicht nicht gegoogelt und dann stimmt das halt einfach nicht. Aber dann ist es halt, ja.
Skissman, thank you so much for 96 months. Dankeschön. What's up? How's your Sunday? Die Leute prüfen vor alle Dinge nicht, die sich mit ihren eigenen Erklärungen decken. Ja, genau. Das ist dieser... Wie nennt man das nochmal? Das hat einen Namen. Boah, wie heißt es denn nochmal? Das hat auf jeden Fall irgendeinen Namen. Confirmation Bias. Ja, genau. Ja, Confirmation Bias ist natürlich sehr stark. Vor allem mit KI ist es auch richtig stark, weil die Leute dann die Fragen so stellen, dass KI eigentlich nur denen zustimmen kann. Also die Leute fragen dann nicht, welche Farbe hat der Himmel? Sondern die fragen, das stimmt, dass der Himmel blau ist, oder? Und dann denke ich mir immer, ja, ach so. Wenn du die Frage schon so stellst, dann findet der KI bestimmt irgendeinen Artikel, wo das dann da drin steht. Ja, es ist Suggestivfrage, ja genau. Und vor allem ChatGPT ist ja so eingestellt, dass der erste Satz immer richtig, wie nennt man das? Also einfach so richtig, der schleimt sich einfach ein, der Bot. Also der erste Satz, den kannst du komplett immer ignorieren, weil der erste Satz ist immer irgendwie, oh, das ist ja eine richtig gute Frage, das mir würde es nie einfallen, so eine richtig schlaue Frage zu stellen. Du bist ja der schlauste Mensch der Welt, oh mein Gott. Und hier zu deiner Frage. Zuerst mal so richtig, richtig übertrieben, irgendein Satz zum Einschleimen. Und dann wird die Frage halt erst beantwortet. Mich beleidigt die KI, was mache ich falsch? Guter Punkt, gutes Argument, ja. Aber ich würde jetzt echt schon gerne einen Dungeon machen. Ich weiß nicht, ob wir Leute haben. Ich bin gleich 54. Weil sonst sind wir zu spät dran, weil um 18 Uhr ist ja ein Guild-Meeting. Walders Frösche auf Thunderstrike sind schon bereit für die Königin. Ja, nice. Cool. Ja, nice. Okay, dann mache ich auch einen Schau auf Thunderstrike. Okay, dann mache ich das so. Wie cool. Generell, Leute, wenn ihr Hardcore spielt oder auch TVC und ihr noch eine Gilde sucht oder generell einfach irgendwas sein wollt, dann haben wir hier die Community-Gilde, die heißt Walders Frösche. Die ist auf dem HC-Server hier und auch auf dem TVC-Server Thunderstrike, PvE, wenn ihr irgendwas sucht. Da könnt ihr auch irgendwen anschreiben, werdet immer invited. Potato Cannon ist so nett und hat die Gilden auch aufgemacht. Dann könnt ihr gerne reinjoinen. Und falls ihr verwirrt seid wegen dem Walter Frosch-Meme und auch wegen meinem Sub-Alert, wo ich da sage, halt die Fresse, du Ficker. Da gibt es 2 Gründe, warum das ist. Nummer 1, am Anfang des Events hatte ich meine Stimme verloren. Und ich hatte so eine ganz rauchige Stimme und konnte halt kaum noch reden. Und anscheinend gibt es dieses Walter Frosch-Meme. Ich wusste das nicht. Also war es ein Fußballer, der hat halt immer geraucht und der hatte halt diese krasseste rauchige Stimme. Und da gab es das eine Interview, wo er irgendwie eine Schachtel Zigaretten in seinem Stutzen hatte und dann halt erklärt hat, warum er da die Zigaretten hat. Obwohl er gerade auf dem Spielfeld ist. Und dann war das halt so ein Meme, dass ich halt Walter Frosch wäre, weil ich halt diese rauchige Stimme hatte. Und was dann noch passiert ist, dass ich am Anfang des Events hatte ich halt mit Jenjan
und mit Lost Kitten gespielt. Und es war einfach so ultra lieb, weil ich kannte die vorher gar nicht. Und ich habe ganz zufällig, ist sich das irgendwie ausgegangen. Ich hatte halt, aber das war irgendwie total lustig. Also ich bin ja komplett neu in der deutschen Community. Ich kenne ja niemanden eigentlich hier oder kannte niemanden hier. Und dann hatten wir diese Volkswahl, dieses Event. Und da habe ich so Dialekt geredet im Stream. Und da hatte Jenjan eine Rede gehalten, vor allem. Und ich wusste nicht, also ich kannte Jen irgendwie nicht. Und dann hat sie diese Rede gehalten und das war komplett krass. Jen hat diese AP-Stimme und die hat das so richtig gut rübergebracht. Und ich dachte so nur, wow, ich war so komplett geflasht von ihrer Stimme und von ihrer Rede halt. Und dann hat das irgendwer geklippt, wie ich halt total geflasht war und hat das Jen geschickt. Und Jen hat sich das angeguckt und die dachte, oh, wie süß halt, wer ist die denn? Und hat mich dann angerufen auf Discord. Und dann haben wir halt kurz geredet und sie meinte dann, ob ich schon eine Gruppe habe für das Event und wenn nicht, ob ich halt mit ihr spielen möchte. Und dann hat sich das halt so entwickelt und ich fand das total super, dass Jen mich da einfach eingeladen hat, obwohl sie mich gar nicht kennt und ich halt alle neu bin und so. Und dann haben wir halt angefangen, wir drei, und dann haben wir diesen Namen hier auch, Sauerkraut Brides, kam dann halt da raus. Und einmal ist Jen dann eben gestorben. Mit Level 20 oder so. Und die Leute waren echt... Also manchmal sind die Leute ja echt einfach... Also manchmal sind die Leute ja echt einfach Eierlöcher. Weil Jen ist halt gestorben und dann kamen Leute in meinen Chat und haben dann halt gesagt, oh, sie hätte ja aber das machen können, sie hätte aussagen sollen, sie hätte das machen sollen und bla 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 bla. Also dieses ganze... Dieses Ruppige, ja, genau. Das sind die Leute halt da im Reinchatten, ne? So, hätte ich immer das gemacht. Und dann, dann dachte ich mir so, ey, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Und dann habe ich kurz mal ein bisschen Chat geflamed. Und zum Schluss habe ich halt gesagt, ihr Ficker. Und das kam dann halt so ein bisschen lustig rüber, weil ich halt diese Walter Frosch-Stimme hatte. Und dann wurde das ein bisschen ein Meme und dann haben wir eben den Sub-Alert gemacht mit diesem ihr Ficker. Und seitdem ist das so. Okay, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche Zuchtmeister noch 2. Also, hättest du rein Lust auf einen Full Maraudon Run mit uns in circa einer Stunde? Full Maraudon Run. Boah, puh. Zwing dich nicht, nur wenn du magst. Ich würde es vielleicht machen, wenn ich das tanken darf. Warte mal, Luna ist 49, das ist ein bisschen low, oder? Was für Level hat Prinzessin nochmal? 52? 51. Bekomme ich da noch XP da drin in Maraudon? Oder gar nicht mehr? Ja, Full Run ist vielleicht schon ein bisschen viel. Vor allem in der Stunde, da verpassen die das Town Hall Meeting. Also wenn wir erst um 16 Uhr anfangen, Full Maraudon dauert doch safe mehr als 2 Stunden, oder? Ich glaube, da verpassen die das Town Hall Meeting. Mit dabei wäre Kiva, Aggression, ich 49 und Wave Priest.
Ja, das wäre, also, dann könnte ich ein bisschen tanken und Aggression könnte dann Prinzessin off-tanken mit mir. Das wäre schon nice. Dann könnte ich das echt tanken, glaube ich. Aber ich glaube, wir verpassen das safe, das Town Hall Meeting. Aber ich würde da schon mitgehen. Ich glaube, ich bekomme halt dann wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung, aber dann ist das halt so. Wenn ich dann noch eine BRD-Gruppe finde nachher, weil ich würde echt gerne noch BRD... Ich würde jetzt jeden Tag gerne BRD gehen, für die Items halt. So einmal, also nicht den ganzen Run, sondern einmal nur diesen ersten Teil da. Den würde ich gerne immer machen, ab jetzt. Aber das kann ich ja nach dem Town Hall Meeting machen. Aber wir können ja probieren. Ja, warte, ich komme kurz Discord. Ich suche mir noch diesen einen... Also ich brauche nur noch einen Sklaven-Dude hier und dann kann ich aus dieser Höhle raus. Warte mal. Ey, ich brauche einen Zuchtmeister. Was sind die denn? Wo züchten die denn ihre Zwerge? Gibt es irgendwo eine Zuchthöhle? Oh, da ist einer. Und der kommt hier hin. Perfekt. Ich warte hier auf dich. Glaubt, da geht's um Zucht und Ordnung? Nee. Die züchten Zwerge. Okay, warte mal. Was waren die dann? Also wir haben Aggression Druide. Dann haben wir Maluna Hansa natürlich. Gniva. Was war Gniva nochmal? Paladin? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ah, Hexenmeister. Ah, ja, stimmt, Hexenmeister. Und Wave Priest. Ist Wave Priest ein Zwerg? Weiß das irgendwer von euch? So, jetzt muss ich nur noch hier raus und dann bin ich bereit. Nach der Hälfte. Ah, shit. Wäre nice gewesen, wenn wir... Ja, Prinzessin könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, wenn wir keine... Krieger haben. Wir haben Druiden-Tank und Paladin-Tank und wir kommen aus dem 4 halt nicht raus. Also einmal mit Bubble halt, aber... Also, was für ein Channel waren die jetzt? 373. Also, ich bin jetzt mit dir 3 Dungeons gegangen. Ich hab's Hallo. schon gut gekillt, oder? Ja, das stimmt. Gut. Also Aber extra lieber im nicht letzten Dungeon musstest du gar nicht mehr healen, tatsächlich, Ja, das stimmt. aber Beim letzten muss ich nicht so viel healen bei Uldaman, aber da hat er sich sogar beschwert, dass er nicht healen muss. ja. Oh Mann. Hallo. Ah, jetzt gehen wir schon hin. Aber das Tolle ist, wenn Nagura jetzt tankt, dann kann ich ihr wenigstens, Nagura ist das auch ist der hier. erste Tank, den ich die ganze Zeit mein Schild gebe. Schild geben kann, ja. Ja, das stimmt, das Ja, stimmt. du auch nicht, ne? Weil du brauchst Ich ja hab so auch Bock Rage. auf diese Gruppe! Oh, das ist toll! Ich Yes. freue mich so. Das wird super. Ach, krass. Ich habe ein ganz kleines bisschen Angst wegen Prinzessin, weil wir haben da 2 Tanks, was ja richtig gut ist. Aber wir kommen halt beide aus diesem 4 nicht raus und wir haben keinen Zwergenpriester. Oder? Kann ich aber, ich kann 4 dispellen als Priester. Nee, das ist Oder eben geht das nicht? keine Magie. Ah, okay. Aber das sollte schon trotzdem gehen, glaube ich. Ich Das haben hab wir auch noch wieder meine Handapad Lips dabei. eventuell. Oh, ja, Dann Ah, halt die perfekt. Lips wir dann haben noch wieder. Euli als Off-Tank. Ja, Euli kann auch ein bisschen auftanken. Ich glaube, das geht schon. Ich kann auch Voidwalker spielen, dann haben wir noch Per. Ja, perfekt. Das sollte schon gehen. Ja, wollen Wisst ihr, welches Level die haben, alle?
eigentlich, weil ich müsste Splitter ziehen und hier, ich bin jetzt schon in Desolés und irgendwie alles hier ist so grau, leider. Also die Gegner mit Maraudern haben auf jeden Fall, sind nicht grau, kann ich das sagen, glaube ich. Ja. Okay. Und wo ist der Eingang vom Dungeon? War da noch nie. Wir kommen jetzt alle Desolate, es ist unten links, so mittig links. Aber die jetzt schon Ja, wir können uns anfangen? ja einfach alle in der Nilspitze treffen, oder? Aber die jetzt schon hin? Also Ich wir muss können auf jeden Fall jetzt... Quests einsammeln. Ja. Ja, wir können, müssen wir Quests ich hatte ja machen. vor einer Stunde geschrieben, also ich Ach habe so. schon erst in einer Stunde. Aber wenn wir jetzt Angst haben wegen dem Meeting, könnten wir das natürlich auch vorziehen. Aber wir könnten auch erst in einer Stunde, wenn ihr gerade noch Was am kann ich Questen für seid, euch jetzt auf tun? Nagura und Kiba. Nö, also von mir aus können wir schon jetzt hin. Dann ist es safe, Ja. dass wir Wow. das Ja, Wow. machen Ja, können, das ist direkt toll. vor dem Meeting. Ja, toll. Ich glaube, wenn wir toll. viben, ist ja nicht schlimm. Oder zählt es ja nicht als Gilden. wir Abwesenheit, weinen oder? mit dir. Ja, aber nur Das ist falsch. okay, ja. Aber das sind wir nicht ab. Excuse me? Stimmt, wenn wir tot sind, dann ist ja egal, ob wir da sind oder Zählt nicht. es nicht. Stimmt. Okay. Ja, genau, true. ja. Ja, so können wir das Gilden-Meeting dodgen, eventuell. Toll. Auf die Steuern. Das sind gute Ideen hier, muss ich Ja, sagen. Ich glaube, ich muss kurz meinen Hamster füttern gehen. Ich bin oh Ich Mann. lade dich, wenn ihr möchtet. Ey, ich hätte zum nicht Trinken gedacht- wieder. Ich hätte nicht gedacht, Ja. wir wären schon wieder mal im Dungeon. Wie geht's? Ja, ich auch nicht mehr. Aber mir ist nochmal Traue. Was? Nix. Ich habe mich gefreut. Ja. Was geht euch durch den Kopf? So, Das war mir dann. damals in DM, hatte ich war angespannt, sag ich mal. Kiba, bist du auf deinem Main Glaube ich nicht. Nee. Okay, warte, ich schau mal. Aber das kannst du mir einen Link schicken, maybe hier im Channel, Ja, weil ja, ich krieg genau, das genau. mit meine, ich weiß nicht, was ich falsch eingestellt habe. aber Weißt ich du, wie hab das nie String diese funktioniert? Wenn ich jetzt einen Bleed habe mit mehreren Stacks, Was? gehen dann alle Bleeds weg? Benachrichtigung. Also eine ist Listermarschen, die müssen wir Also annehmen, alle aber da sind wir Stacks jetzt oder gleich. nur eins? Weil für das Listermarschen Kokli sind wäre auch das ja ganz Schattenschritte cool. Und der Rest sollte alles in Desolate selber sein. Nur einer, okay. So, könnt ihr die scheren? Und wo wolltest du nochmal Schatten? Ja, kann ich nicht sagen, ob man die scheren kann. Ich packe Ja. in diesen Call-Channel einmal den Link rein. Oh, das Also, sieht- wenn du hier auf den Link klickst, dann kommt ihr da rein auf jeden Fall. Perfekt, hat Ähm, geklappt. Dankeschön. Ich würde vielleicht trotzdem noch... Die anderen Was mache ich denn? beiden Ich glaube, auch. ich gehe ganz kurz auf K. Ich auch eingeladen. Und dann werde ich hier noch ein bisschen Quest, weil wenn die noch alle Quests annehmen müssen, das dauert vielleicht eine Weile. Dann werde ich hier noch ganz kurz eine Quest spenden. Aber ich bin ganz kurz auf K. Komm gleich wieder. Hey Sim, thank you so much for the 43 months. Dankeschön. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut. Dankeschön und dir. Schönen Sonntag, Sim. Hey Nani, mir geht's gut. Danke So, du dir machst da auch. jetzt nicht mit. Ich beim Gillen-Treffen heute nur mit Tashi da, weil Hanno ja krank ist und Kevin im Urlaub. Stimmt. Oh Gott. Ignoriert das. Ist heute nur mit Tashi da? Stimmt. Robert macht zu spät. Oh mein Gott. Muss mit Tashi heute so ein Gilden-Meeting leiten. Ach, Kevin ist wieder da. Okay. Okay. Okay, ich komme gleich wieder, Leute. So eine neue Begrüßung im gemeinsamen Chat, oder? Ja, es ist ganz. Es ist, kann es nicht mal mehr erklären. Es ist einfach nur ein Emote. Es ist ein Ja, aber was Emote. ist das für ein Emote eigentlich? Weil ich wusste erst auch gar nicht, was ein Emote ist. Ich weiß Es nicht. ist also es steht quasi genau dasselbe in Caps Lock in Regenbogenfarben. Oh mein Gott, okay, check. Ja, ich habe das mal vor 4 Jahren hinzugefügt. Da war das vielleicht noch witzig. Jetzt ist das einfach nur noch. Ach, naja. Ausgelutscht ist das. Also wortwörtlich. What the fuck. Oh mein Gott, Ach, stimmt. wo wir können bin ich eine- hier? eine- Ja, aufpassen, wegen Invite. Tot. Ich habe immer sowas gespawnt neben mir. Ja, Ich sorry, habe mich hätte ich noch sagen müssen. abgemountet. Sorry, ich habe nicht dran gedacht. Oder gar nicht dran gedacht. Ich hatte nur richtig Panik direkt. Jetzt ist Glück alle anderen der Welt. Oh, hier würde ich immer noch nicht ins Wasser hüpfen, weil. Nee, die sind auch Ach so. 47 Elite, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel Leben die das- haben, aber Rammer würde ich, glaube ich, nie machen. Vielleicht mit 60. Wo ist denn Düstermarschen? Direkt hier vorne eigentlich. ja. In der im Turm, glaube ich. Oder in der Festung. Nee, ich glaube im Turm. Splitter.
Achso, scheiße, ich habe wieder keinen Plan. Ja, lass mich die erstmal annehmen und dann teile ich die, dann können wir testen, ob wir die den anderen geben können. Du Gut, siehst das das wär immer, wenn super. du die Quest siehst, siehst du, ob Teilen ausgegraut ist oder nicht. Ist das so? Kann es sein, dass ich vor dem Dungeon stehe? So, ja, gerade? ja, aber da muss ich. Ach so, ah ja, true. Ja, doch. Kann jemand auf der Map gucken, bei dir so das? Ist das der Dungeon, wo ich gerade mich befinde? Der Dungeon-Eingang so? Ja, also da oben ist der Eingang, ja. Also wie du genau da hinkommst, weiß ich nicht, aber das ist der auf jeden Fall. Okay, ja gut, nee, dann warte ich hier einfach irgendwo auf euch. Ich werde direkt angewispert und wird nicht sterben, weil ich hier alleine stehe. Ist das eigentlich von der Level-Range okay für Maraudern schon, oder? Diese Wie gesagt, Verantwortung habe Princess ich könnte Aggression bisschen- übertragen. Princess könnte vielleicht knackig werden, die ist 2 Level über uns, ne? 3 für Kiba und Wave. Hm. Ja. Ja, nur, warte mal, wo ist denn die Quest hier? Ah, hier. Ja, also vergiss nicht, wir sind 6 eigentlich. Euli ist eigenständig. Aber Wavefree, was Ja. meinst du? Ich habe die Erfahrung bekommen. Ich meine, die Gruppe war schon vorgegeben. Naja, ja, okay. Also, Ja. den Also du Schuss hast auf ich jeden mir Fall nicht an. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass wir noch auf jeden Fall einen höheren DD brauchen. Und das haben wir ja mit entweder dir oder Nagura, eins von beiden. Ihr seid ja beide 52. Das sollte ja Boah, ja, Ja. das ist schon gut gelevelt. Ich meine, der Vorteil von Maluna ist halt, dass sie Hunter ist und deswegen ist das eh nicht so ein Problem mit Hit zumindest. Gniva könnte eher Probleme vielleicht bekommen später bei Princess, aber ich hoffe, das Was wird bedeutet trotzdem das? alles. Also was bedeutet Probleme? Also keine großen Probleme. Das Problem ist nur, dass du bei Princess ist Level 51 und deswegen kann Ja. es sein, dass du mehrere Fähigkeiten halt verfehlst oder nicht triffst, weil die So. irgendwie widerstanden werden. Okay. Und da wäre Aber Schaden die wird jetzt nicht teilweise. mich umboxen, also auf mich dann full aggroen und mich einfach killen. Also Also sie wenn du Agro Agro hast, dann resettet nein, ja. einmal. Also das Das Ding wird ist, nie sie passieren. Okay, Agro okay. resettet einmal, aber das muss man einmal auf dem Schirm haben, auf wen dann die Agro übergeht, oder nicht? War das nicht so? Genau, die kann resetten, genau. Die wirft so einen Stein und resettet dann die Aggro und dann geht die halt auf die nächste Person dann da. Ja, ich vermute nicht, dass du das sein wirst, Kiba, weil du wahrscheinlich weniger Schaden machen wirst, weil sie mehr höheres Level hat und du wahrscheinlich ein paar Sachen verfehlst. Also ich glaube nicht, dass du auf zweites auf der Aggro. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es Aggression sein wird. Okay. Also für den Ja, gut, Fall haben wir haben einen Backup-Plan. Also ich habe so Tränke dabei, die heißen, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber es sind Tränke, die euch für 10 Sekunden auch für 6 Sekunden nur immun gegen Schaden macht, gegen physischen Schaden machen. Und den könnt ihr Ah, ja. einfach trinken, wenn die auf euch gehen sollte und dann geht die direkt von euch runter und geht auf den nächsten. Das heißt, falls cool. es klappt, könnt ihr den trinken. Das ist ja lieb. Verblassen müsste ja für mich ja auch eigentlich, also ich nehme den trotzdem den Trank, aber verblassen müsste ja eigentlich auch passen. Ne? Ich glaube nicht, dass ich Zweiter auf der Akku-Reichweite bin, aber wobei, wenn alle den Trank nutzen. Genau. Ich meine, ich gebe ihn euch allen, wenn ihr den nicht gebraucht habt, dann würde ich die wieder einsammeln für die nächste Gruppe, aber das ist zumindest ein Plan B. Just in Stimmt, case. Kiba. gut. Ja. Könnte sogar sein, dass du da auch, wie viel brauchst du noch bis Level 49? Ich habe ja gestern direkt aufgehört, da bin ich frisch 48 geworden und ich habe jetzt Okay. auch noch ein ganzes Level. Also alle Balken sind leer. Ja, okay, nee, das wird dann wirst du wahrscheinlich nicht 49. Weiß nicht, wie viel XP man kriegt, aber. Boah, aber ich sag ehrlich, ich weiß doch nicht, wie levelt man jetzt irgendwie von 48 noch auf 50, weil irgendwie die Gebiete sind alle so komisch, die ich habe. Voll viele Escort-Quests oder Sachen, die ich nicht alleine machen kann. Ich bin gerade so voll in diesem Level-Loch drin. Also ich glaube, wenn du gar nichts weißt, kannst du, glaube ich, immer in die Nagerhöhle gehen, ne? Ich weiß nicht, ob man da Okay. alleine reingeht. Ich glaube, alleine wurde mir auch gesagt, das ist zu gefährlich. Aber Ja, ich meine, kann dann sein, kann man ja jemanden suchen. Das ist ja nicht das Ja, Ding. aber ich bin jetzt auch kein Classic-Profi, also ich ja. weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben in dem Bereich. Also ich merke auf jeden Fall jetzt auch, also ich queste ja mit Maluna gerade zusammen und ich merke zumindest auch, dass die ist ja immer ein Level über mir und alle Gebiete gehen ja beide nach Rested und bei mir steht dann halt Ja. immer, ich habe so die Hälfte, also ich habe das Gebiet quasi fertig, habe Hälfte von meinem Level up als XP und dann steht da einfach, ja, grind jetzt hier bitte bis zum nächsten Level. Und ich denke mir so, ich töte jetzt hier nicht so viele Gegner, dass ich ein halbes Ja. Level mache. Also was willst du von Ja, mir? das habe ich auch. Ich will jetzt sogar aufhören, mit Rested zu leveln, weil irgendwie mir Rested nicht so viel bringt, weil ich zu spät damit angefangen habe, glaube ich. Mir fehlen voll viele Folgequests. Ich müsste halt immer hin und her fliegen und die noch machen vorher. Das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen. Und ich bin auch so, ich bin ein richtiger Angsthase. Ich traue mich auch gar nicht mehr, so Escort-Quests überhaupt alleine anzufangen oder sowas, wenn Rested mir das sagt. Ich skippe die halt alle dann immer. Die sind mir zu scary. So. Habe ich eigentlich Discord? Ja. Nee, habe ich nicht. Moment. So, sorry, ich bin wieder da. Seid ihr alle schon ready? Soll ich auch rüberkommen, oder? Welcome
Also wir fliegen gerade nach Nilspitze, ja, und nehmen da jetzt alle Quests noch an. Okay. Dann komme ich auch. 8 Plätze brauche ich. Holy shit, Alter. Was lösche ich erstmal die Sulfara-Quests wieder, die 3? Ja, ne? Die kann man ja wieder annehmen, oder? Ja. Was geht ab? Welche kann man? Den Zulfahrer kannst du noch annehmen, ja. Muss ja wieder nach Rechts dann an die Man Küste. sieht sich. Eben. Dann lösche ich die Okay. aus. Ist meine Brille dreckig. Warum hast du denn noch so viele über? Also wenn du da auch mit Rested machst? Also ich habe gerade 15 von 20. Ja. Ihr könnt doch Cleanup, oder? Ihr könnt doch über Rested auch Cleanuppen lassen. Man ist Ja, ja dreckig. grundsätzlich geht das, ja. Aber das Problem ist, der Cleanup, also zumindest bei mir Cleanup der alle Uldaman-Quests, die ich noch offen habe, und die würde ich eigentlich ungern cleanen. So, okay. Achso, habt ihr den Haken drin mit Dungeons mit einbauen? An sich Vielleicht- schon nachträglich, aber ich glaube, bei mir ist das jetzt buggy, weil ich das eine ganze Zeit lang nicht hatte. Okay. Dann. Achso, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wurde in dem Reel markiert von nein. Matteo. Okay, für Maraudon, wie viel Quests sollte man da insgesamt dann haben? Also ich habe es gerade Zum 4. Bonschwer. Laut Quest, die gibt es 8. Bei einem vermutlich, da steht Prequest fehlt, die wird wahrscheinlich in Maraudon selber passieren. Okay, verstehe. Aber, also, ich glaube, Samenkorn des Lebens zum Beispiel, das zeigt mir auch in Dungeon an. Dann hast du noch Legenden von Maraudon, die ist da auch kurz vorm Eingang, glaube ich. Dann hast du unten noch eine, die nennt sich Anweisungen des Parias. Genau, ja. Und dann hast du noch an der Nilspitze, glaube ich, einen. Okay. 2 sogar an der Nilspitze. 2, 3, 6. Ja. Wir gucken einfach mal, was wir alles teilen können. Das wäre super, ja. Hey, Gentleman, wie geht's? Hallo? Okay. Ich würde jetzt eine Runde laufen gehen auch, oder? Was sagt ihr? Ich muss mir einen Maraudon-Guide raussuchen, weil ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo ich gehen soll. Also, Maraudon. HC-Guide. Non importa se non hai sciacquato i piatti. Hey, Darkfinch in Sonntag, wie geht's? Das Spiel in Meeres und Mark ist auch zu geil. Die steht auf der Skipiste. Ja, das war echt gut. Die steht auf der Skipiste und sagt, wir sollen farmen gehen. Ist Allianzgilde, weil das Frösche, ja, genau. Yep, that's me. For every class, including the highly sought couple of important mechanics Orange Entrance. shown in the footage here. Also, ich wollte auch Stream Together annehmen. So. Ja, also eine kann ich auf jeden Fall nicht teilen. Das ist Ich muss Schlangenpommes unbedingt meine Haare Verderbnis. waschen. Ist in Nilspitze. Oh, das Boot ist hier. Oh Gott, schaffe ich nicht mehr. Warte auf mich. Bitte. Welche Spitze? Nigel-Spitze, keine Ahnung, wie die heißt. Nee, Gemeinsamkeit mache ich aus. Das mag ich nicht so gern. Der Ort hier oben. Ich habe es schon ausgemacht. Da ist Also, einer. Das ist auf jeden Fall. Aber kannst du die, welchen Bitte, Gebiet nein. wart ihr, wo ihr nochmal hingeflogen seid, um da auch welche Die kann ich auf jeden Fall teilen, ja. Auf jeden Fall, okay, perfekt. Ja, aber Ja, die hier, anderen hab ich wie auch gesagt, geholt. Schlangenzunge ist... Ah ja, okay, perfekt, ja. Ich bin wieder da. Hallo. Nee. Welcome back. Ich freue mich so. Es ist so toll. Ja. Ich finde es auch super, weil ich glaube, diese Dungeons, die wir jetzt so runnen, allein, dass wir dann heute vielleicht 3 sogar machen, das füllt vielleicht sogar das Level doch. Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Hoffentlich. Fall, ja. Hoffentlich. Ich will Ey, nicht ich nur muss- Mobs tanken. Also ich weiß nicht, wenn, könnte das vielleicht Nagura noch miterlebt haben. Bei meinem ersten Run war ich so anders. Ich war so anders, auch was Dungeons anging und so. Und jetzt bin ich richtig hyped. Ich habe richtig Lust auf sowas. Das ist aber richtig cool. Ah.
Also ich hatte trotzdem auch in meinem ersten Run Lust auf Dungeons, aber ich hatte halt super Angst. Und Ja. ich hab- Maluna, jetzt hab ich nur noch Maluna, Respekt. bevor du rausgehst, nimm mal die 2 Quests noch an in Nielspitze. Ah, ja. Einmal links und rechts sind 2 Stück. Dankeschön. Machen wir. Ich glaube, das Verstehe kommt ich einfach auch. mit der Ein bisschen länger Erfahrung. noch. Dann fühlt man sich halt einfach sicherer, wenn man. Ja. Ja, vielleicht auch das, ja. Ich finde es auch krass, wie viele Leute so richtiges Expertenwissen haben. Ich bin am Anfang so mit Feigern zum Beispiel bei Dungeons gerannt und er hat mir wirklich jeden Mob irgendwie erklärt gehabt und mir so komplett meine Panik genommen. Ja, das ist richtig Er cool, wusste immer wenn man ganz das genau, kann. Ja. ja, er wusste wirklich alles. Und was ich Ja, auch das war richtig krass. krass finde, ist, wenn jemand wirklich so richtig confident ist und der dann alles so ein bisschen ansagt, dann das ist so übertragend einfach. Dann ist man auch einfach viel gechillter und viel angenehmer und dann spielt man auch besser, kommt mir vor. Ja, und ich habe dann auch so Fehler gemacht gehabt, oder also als Anfänger, also aus Versehen halt Sachen dann trotzdem falsch gemacht. Und er hat dann immer mit so einer Ruhe reagiert gehabt, dass mich das dann auch beruhigt hat und keiner so richtige Massenpanik ausgebrochen ist Ja. und alle haben dann wild um sich geschlagen oder keine Ahnung, er nimmt einfach Ruhestein oder so. War irgendwie alles so cool. Also einmal, Falgan und ich im ersten Run haben wir zusammen diese Piratenquest in Booty Bay gemacht, ne? Wo du so diese 3, aber alleine halt, zu zweit alleine, ja? Und wir waren auch so in der Labyrinth. Er ist die ganze Zeit ruhig geblieben, deswegen habe ich gar nicht gemerkt, wie gefährlich eigentlich das ist, was wir da machen. Ultra Wir gefährlich. mussten auch irgendwie so 6-mal Reset. Wir 3.5 mussten 6-mal vom Girls, Boot springen und thank you. schwimmen, weil Hey, weil wir einfach Coram, alles danke für die gepullt 4 haben. Es Monate. ging einfach Warte nicht. mal, ihr seid auf die Schiffe zu zweit alleine. Ja, Wow, ja, okay. ja, Draußen seid ihr auf die Schiffe? auf die Schiffe. Oh mein Gott, nein. Wir haben alle Kapitäne gemacht. Leute, ich freu mich gerade und, so, weil nachdem wir fertig waren mit Davids allem, und ich habe gar Mama nicht die Gefahr richtig erkannt. So, ich habe hat mal Roulade einen gemacht. Dummy musste ich mal einmal zücken, aber Und alles gut. Davids War alles Mama entspannt. macht Und einfach, immer, also als alles, was sie raus war, kocht, ist einfach Also Marcel, ich bin jetzt die ganze Zeit ruhig perfekt. geblieben, aber das war schon Und knapp. diese Roulade ist eine Gar kein Biskuit. gemerkt. Roulade Das ist so krass mit, Mit, genau das. Aber schon, also das Obst ist, also und es ist Marmelade halt, drin und ein bisschen Sahne. es Oh, das erfordert ist so, sehr viel mentale es Stärke. sieht so ruhig gut zu bleiben. Ich werd aus. auch manchmal- also und ich dachte mir, das auch. esse ich Das heute ist normal. später, bevor ich Ich hab Pizza aber bekomme. Mute mich dann auch. Oh nein. Ja, aber also rückblickend, Weil ich bin ich- so froh, wir dass kommen ich noch noch mal eine runne. Pizza Also, später. dass ich meinen Weil ganzen David Schaden geht noch mal Sauna. gelevelt habe, weil mit rückblickend, Kollegen wenn ich und mir das dann jetzt- es nachher ist gehen zwar sie nur 2 Pizza Wochen essen her, es und macht dann mir aber bekomme ich eine irgendwie Pizza. 2 Nimmt er Jahre. mir eine mit? Ich war noch nicht ready. Ich konnte mein Toolkit noch nicht gut genug und so, weil ich einfach Weil ich super esse jetzt die vorsichtig Roulade und dann passiv später, gespielt nach dem habe, dass Dungeon? ich oftmals gar nicht in Situationen Damit ich kam, dann nicht wo verhungere, ich bis ich die Pizza meine bekomme. Abilities Brenzlig hätte- ist. Ja, Ja. genau. Und jetzt benutze ich wirklich auch mal mein Hunter-Toolkit. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe auch viel besser. Wie du dann was spielen Ja. musst und so, ne? Ja, also generell Situationen kann ich ein bisschen besser. Vielleicht bin ich deswegen auch entspannter geworden. Klar, es ist immer noch nicht Bei optimal, mir gibt es heute aber Milchreis. das ist Ich schon- liebe Milchreis. das war schon gut so. Und jetzt die Reise auch nochmal schön und so. Und wenn ich nochmal sterbe, dann nochmal. Also es macht eh Spaß. Aber genau denselben Gedanken hatte ich auch. Also ich will nicht nochmal sterben, das ist ja jetzt krass, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach sehr schlecht bin, obwohl ich jetzt höher gekommen bin, weil ich einfach die ganze Zeit in Gruppen gelevelt habe. Ich war auch nie, vor allen Dingen mit Feigern am Anfang, ich war nie in einer brenzligen Situation. Das ist Ich muss aber auch nie okay. so Knöpfe Also treffen. du musst dich jetzt nicht absichtlich in brenzlige Situationen Ja, bringen. ja, aber habe ich mal, Maluna, ich war vor 2 Tagen, okay, ich habe nur 9 Stunden WoW gegrindet, nur 9 Stunden und ich war 4-mal Boah, so ich richtig zeige euch die schlimme Roulade später. Ihr werdet richtig Nahtoderfahrungen. neidisch Einmal mit sein. einem Wartet HP nur mal, und bis so. ich euch die Roulade zeige. 4-mal, das innerhalb von ist 9 richtig nett. Stunden, das ist so krank, weil ich so schlecht einfach bin. Also, Ich mache nachher 1 Kilo Rumpsteak am Stück Doch, für noch, das ist ja nicht schlimm, meine also, kann besser werden, aber ich musste Nettfeste. halt nie Für so meine Knöpfe was? drücken, wie du es gesagt hast und deswegen ist mir Ah, so bewusst Madness. geworden, dass ich eigentlich meinen Charakter gar nicht spielen kann. Das klingt aber Ja. richtig gut. Bob, holy Also shit. ja, Da will ich kann auch nur gerne mal von mir probieren können. sagen, so, ich habe mir dann vorgenommen, einfach beim zweiten Mal bin ich dann fast nur noch alleine sich an wie unterwegs Apfelstrudel? gewesen, abgesehen von Nee, Dungeons, bis ein irgendwie Strudel ist keine Level Roulade. 30, 40 jetzt. Also wir waren fast nur alleine und es ist sehr einsam. Also es ist auch nicht das Wahre. Es ist ein MMO am Ende des Tages. Man will es ja auch mit Leuten spielen. Und jetzt habe ich so, level ich halt mit Wave und das Das geht kennt echt, ihr doch, echt oder? entspannt. Das kennt Also man das doch. ist jetzt zu zweit nochmal sehr Warum geil. Und tut dann ihr halt alles so, eben als diese kennt ihr das nicht? Gruppendynamiken mal für eine kennt man Elite-Quest doch. oder für einen Dungeon jetzt und so. Und das ist schon viel wert. Und Cool, ich ja. glaube, wenn du jetzt gestern meintest, du hattest ein paar NATO-Erfahrungen, dann hast du ja bestimmt auch Ihr aus dem kennt nochmal das viel mitnehmen nicht? können. Am Ende Biskuitroulade. Ja, ja. ist es ja. Das kennt Also ihr ich habe auf jeden nicht. Fall gelernt, Das dass kennt ich ihr noch viel bestimmt. zu lernen habe. Also das ist ja auch cool zu wissen, dass Ey, man nennt da das noch Rolle. Spielraum nach oben hat. Warum das denn? Safe. Das ist eine Roulade.
Rolle heißt das? Nö, das Und heißt dann haben wir direkt auch Roulade. noch mal diesen Ist Makro mir, für Light of wenn the ihr das Moon falsch geklickt, sagt, weil wenn ich ist jetzt ja auch nicht weiter mein alleine level, Problem. glaube ich, wäre es schon gut, das zu haben. Ja, ja. Es ist Aber es euer ist- Problem, wenn ihr das falsch sagt. Hattest du das eigentlich noch, also hattest du Light Loon dir abgeholt gehabt, als du deinen ersten Run gemacht hast? Oder Ich jetzt habe gerade? Light of the Loon Mit gefällt Marmelade, mit Sahne und Marmelade und ein Auf bisschen Level 30 oder so. Nein. Hätte ich das gehabt, hätte ich nein. überlebt. Aber wirklich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückgehen könnte in der Zeit Ist das Donauwelle? Ja, und man würde mich Nein, fragen, es ist keine willst Donauwelle du da und sterben auch oder keine nicht? Rolle. Ich glaub, Es ist eine ich würd noch mal- Biskuit-Roulade. Ich würde auch sterben wollen. Also ich war einfach Mann. nicht ready. So. Spätestens im Raid hätte ich reingekackt. So. Immer dasselbe. Wenn Ich es mal erkläre so irgendwas, immer sag, noch. das Oh mein heißt, Gott, wenn wir direkt landen. Einmal tot Und dann zeige ich ein Foto und dann die Leute so, ist das vielleicht ein einmal oder Apfelstrudel? Mittlerweile Nein, das geil. es ist ein regelmäßig Dirndl. im Akku So heißt es auszuresetten. einfach. Ich habe gar nicht verstanden, wie wichtig eigentlich meine einfach so. Fähigkeit ist. Ihr müsst nicht einen anderen Namen dafür Aber ja. finden. Das ist auch krass, ja. Wie ist denn das? Die eine Quest hier oben, Mann. können die auch die Leute annehmen? Also wenn ich nach Rest gespielt habe, sollte ich ja mit den einen Wenn das bei euch Kolkranen anders hier heißt oder freundlich werden. was ähnliches Die habt, eine was Quest anders nur für heißt, die Leute, die das mit ist den ja Kolkranen okay. freundlich sind? Aber das Oder heißt kann nicht, den dass jeder es anquatschen? dasselbe ist. Aber das ist ein Kolkar. Der ist mehr oder weniger in dem Gebiet, wo du... Hat schon wer Welle gesagt? Ja. Ist das eine Wo Donauwelle? ist der? Genau. Der ist da, wo ich gerade bin, unten gewesen. Also Purer unter Rage. Manno Rock Oven. Da Wie stand heißt die so ein Quest, die du Kolkar. angenommen hast? Fragen wir KI? Die heißt... Leute, Die Anweisungen des Parias. das heißt bei uns Nee, die halt hab ich einfach auch. so. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Okay, ja, okay. Kannst du die gut. teilen, wenn du auf die klickst? Also ist das Ja, Teil so- warte. Ihr Nee, müsst ja kann ich jetzt leider nicht das mit was anderem Ich kann auch vergleichen. nicht teilen. Ja. Ist bei dir, Kiba, der Eingang? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe auch keine. Ich bin nicht hier reingelaufen, weil die Ausrufezeichen waren auf der Map. Ja. Keine Sorge, das heißt bei uns auch so. Danke, Und Herrix. jetzt bin ich nicht weitergelaufen, weil als ich gelayert wurde, waren auf einmal so viele Monster um mich herum. Es waren alle grau, aber Oh, sicher, Mann. sicher. Das ist immer so lustig. Ich habe das auch. Ich hatte das immer, als ich Englisch gestreamt habe. Aber vielleicht Da haben die kann Leute ich auch leider immer niemanden versucht, ein supporten, anderes weil, Wort ich einfach vom keine Englischen Steine dazu habe. irgendwie zu finden. Mhm. Und ich habe das nicht so verstanden. Warum kann man das nicht einfach so hinnehmen, dass es so heißt? Okay, okay. Wie zum Beispiel Südtiroler Speck. Kennt ihr doch bestimmt, oder? Südtiroler Speck. Ist so ein Ding, das ist geschützt auf Obwohl, die ich glaub, Marke. eine Person kann, wenn ich jetzt mein Pet Also, freilasse, das Wort. Südtiroler Speck hat halt einen geschützten Namen quasi. Nee, Das ich hat glaub dann auch nicht. so ein Siegel nicht. drauf und das darf man, das ist halt nur Südtiroler Speck, Hallo, wenn es in da sind Südtirol wir. dann halt hergestellt wird, ne? Ja. Und immer als ich Mal das gucken, ja, gegessen was hier habe, abgeht. dann haben die Okay. Amerikaner halt gefragt, oh, was ist das denn? Was ist das denn? Und dann meine ich halt immer, das ist Speck. Das ist Südtiroler Speck. Und ich habe halt das Wort Solange Speck es noch keine Liebe gesagt. sind, ist ja easy. Ich will nur wissen, ob hier der Eingang Und ist. dann Ich meinen die glaube, Leute hier immer ist so, der Eingang, ja. also Bacon. Und ich so, nein. Nein, es ist Speck. Aber es sieht so eingangmäßig aus, ne? Aber das ist ja dasselbe Ja. wie Bacon. Nein. Ja, ich war nur verwirrt, weil es kein doch sehr Bacon. weit weg ist davon, aber man läuft ja einfach so ein bisschen... Und die Leute haben das einfach nicht verstanden, dass das nicht Bacon ist. Also komplett Alles noch albern. keine Elite. Ich verstehe nicht, warum das nicht einfach hinleben kann, dass es einfach Speck ist. Oh Mann. Also Bacon. Okay. Was gibt es 5 Anime-Filme auch? Ah, guck Es mal hier, ist diesen kein grünen Bacon. hier, diesen grünen. Warte, wo? Bei mir, wo ich hier bin. Hier. Das ist super, dann können wir ein bisschen ziehen. Ja, ich will mal ganz kurz um die Quest annehmen. Die müsstest du, glaube ich, auch noch annehmen, ne? Ja, Legenden ja, die von muss ich auch. Maraudern. Ja, ja, ja. Komm mit. Schüttelbrot. Jo. Du magst Schüttelbrot? Jo, wait. Ist auch so ein Südtiroler Ding, das. Also ich muss Wasser kaufen, warte. Nee, warte mal. Ja, warum warte mal. kann, wie Also bist du da hochgeritten? Warte mal. Schüttelbrot. Ja, nee, das ist. Aber die ist hier Ist oben nicht auch so nicht. mein Keine Ding. Ahnung, die Also, Quest anzunehmen ist. ich Legenden mag's von schon, Maraudern. aber- Vielleicht unten drunter, vielleicht ist die irgendwo Also ich- drin, weißt Nee. Ja, das kann auch. Ja, das kann sein, ja. du? Ja. Ich esse es, wenn es da Mal ist. ganz kurz. Wir können und mal hier sonst so einen nichts Typen da töten, ist. dann kriegst du Ja. deine Seelensteine. Aber ich mag schon ein normales Brot lieber. Und was ich auch lieber habe, sind so Daralli. Kennt ihr die? Zack. Also weil Schüttelbrot isst man ja normalerweise so Aufschnitt. Ich würde aber so viel wie es geht. Das ist besser, kann ich für euch Ja. ganz viel Jesus machen wieder. Kevo, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Irgendwas wollte ich Dankeschön. noch sagen, aber ich vergaß. Schüttelbrot ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist halt so Knäckebrot, also so ganz ich weiß nicht, hartes ob mein Bruder Brot. mich grad hört, aber du kannst gerne noch in Stream Together rein, wenn du möchtest. Ach, scheiße, der ist grau. Hab ich nicht Ich aufgepasst. bin im Stream together. Oh, oder? bist du schon? Okay. Oh. Ich bin nur aus dem Chat raus. Ich mag das nicht so, ja, ach so. sorry. Nein. Oh, gut. Achso, ich hab mich gar nicht gesehen.
Wenn ich hier über Speck rede und wir Chat haben, das wäre komplett Okay, ich guck mal ganz kurz, wo man die ein Quest bisschen annehmen random kann. dann. Hm? Guck kurz, Nee, wo die man sind diese drin. Quest... Ja. Legenden Oh von ja, also Marauder das ist drin. Schüttelbrot-Ding, das ist halt so das harte Brot. Ich glaube. Und das isst man halt manchmal zum Aufschnitt, also so zu Käse und Speck und Schinken und keine Ahnung. Glaube. Ah ja, die ist drin, ja. Ah, ich mag das, ist nicht so mein Favorite. Weil das mögen relativ viele Leute, wenn sie hier sind in Südtirol. So ein Ding, was halt hier. Steht aber bei der Gibt's. Quest. Aber ich mag dann Legenden lieber von so Marauder Taralli. steht, Kennt ihr die? Das sind könnte so. sehr hart sind sein, wenn wir Leute haben, so die diese- um Level diese 47 Ringe. sind. Dieses italienische Ah ja. Ding. Warte mal, ich zeig's dir. Ja, aber ich bin ja nicht Nein, um wir Level haben's- 47 rum. Ich bin ja genau Level 47. Das ist ja vielleicht was anderes. Du bist Und 48 wir haben sogar. 2. Oh, dann schwierig. Oh. Die hier. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Also, sie sind nicht süß, die isst man halt so auch zu Speck und Käse und Oh, ich sowas. wurde gewirbelsturmt. Warte ich? Ja. Ich habe die lieber. Also, die sind mir lieber als können, der Schüttelbrot. Kann ich mal wieder rausholen. Okay. Dankeschön. Ja, Schüttelbrot. Der heilt sich. Jo. Gibt es kein Sehr frech. Anti-Heal in WoW? Gibt es nicht? Also, doch, also Gegner können das machen, aber ich Sieht aus wie glaube, es Kalamari. gibt keine. Also, vielleicht kann der Krieger irgendeine Wunde machen oder so, die blutend macht und dadurch Speck Heal ist doch verringert, aber ich Bacon. Nein, Speck glaube ist nicht kein Bacon. Nee, ich glaube, Südtiroler das Speck machen nur ist Gegner, nicht glaube ich. Bacon, das ist was anderes. Oh, schade. Okay, wir können theoretisch die anderen porten. Ich weiß nicht, Nagura Also braucht, glaub wirklich ich weiß nicht, nicht. ob Nagura noch die Quest unten braucht. Und Ich Aggression, brauche sollen wir keine das porten? Quest. Ich Nein, muss leider noch aber- sammeln, sorry. Okay. Ich komme gerade in Terramora an. Also das ist wirklich, also faktisch was Aber sag anderes. Bescheid, wir können dich auf jeden Fall porten dann. Wirklich, also das ist Könnt wirklich ihr was die anderes Quest in einfach. Süden von Desolays teilen oder muss ich da auch selber Nee. hinlaufen? Nee, leider Nee, nicht. da- Mist, das ist die Oh, wichtigste. achso, das war gesagt. Ja gut, der kann ja kannst nichts, du die oder? anderen Aber noch eine Sekunde. Ja, warte mal. Die habe ich auf Also wir jeden müssten Fall. jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 Quests haben. Amphibious, Genau, Dankeschön also ich für hab den gerade fünf Prime. Quests, Vielen ja. Dank. Müsstet ihr auch alle haben. Oh, jetzt habe ich auch Hier. 5, ja. Südtiroler Speck nicht wie einfach gesagt, die sind geräuchert? anscheinend drin, die Legenden von Maraudern. Südtiroler Speck ist gepökelt und dann geräuchert, glaube ich, ja. Aber Südtiroler, also der, Muss man das auch mehrfach runnen? das bis wird man auch von die einem anderen Quest Stück durch gemacht, hat, oder so glaube ich. ein Also es Dungeon ist geht nicht man mal einmal dasselbe in Stück alle Quests? Bacon und Speck. Und Speck kann man halt Ja, auch einfach das roh weiß ich auch essen nicht. und Bacon Aber ist ich jetzt glaube, nicht wenn du roh. einen Full Quest Run machst, kannst du den, glaube ich, mit Also einem Mal Bacon machen. glaub ich. Okay, das wäre ist cool, das sowas, wäre nochmal das ist, XP-Boost, ne? Ja, müssen halt glaub, nur gucken, wie wir es halt zeitlich schaffen, ne? ich hab Weil noch nie wir 18 Bacon Uhr roh oder, gegessen. Also mal, mindestens 17:45 sollten wir dann wahrscheinlich rausporten. Je nachdem, wo der Ort dann Speck ist. roh essen Hilfe? Was? Südtiroler Speck isst man roh, ja. Das isst man roh. Also ich rede hier immer von Südtiroler Speck, ja. Ich weiß schon, dass in Deutschland das Wort Speck was anderes bedeutet, aber in Südtirol, wenn man Speck sagt, dann ist es nur Südtiroler Speck. Alles andere wird nicht als Speck bezeichnet hier. Mäusespeck? Nein, Südtiroler Speck. Leute, das heißt einfach Südtiroler Speck. Googelt das. Physischer DPS von Banana Princess Farm für einen Hitring. Sagt der Ring Wer droppt bin ich denn hier? Wikipedia? diesen Run. Direkt. Ich sag auch. Mann. First try. Hat schon wer Bacon gesagt. Wo gehe ich eigentlich lang hier oben? Okay, dann ist Guckt das, ihr Ficker. Es heißt Speck, ihr Ficker. Ja, wenn ich sage, dass man den Speck roh essen kann, dann meine ich halt den gekauften. Ich meine, dass man den Speck nicht verarbeiten muss, den kann man einfach so essen, wie er gekauft wird. Das meinte ich damit mit roh essen. Ist ja im Endeffekt dann nicht roh, ist ja geräuchert und gepökelt, aber ja. Brauchst du noch welche? Ich würde einfach nur mal mehr farmen, ja. Aber diesen super Grau da grau oben. hier, Ja. Ansonsten drinnen haben wir auch noch welche. Ja, dann easy.
Dankeschön, Aber ich mag's MC, eigentlich das immer so freut richtig mich. Mit vielen Splittern. Vielen, so vielen Dank, Splitter. MC. Gönn dir. Ich mich wohl. Ein bisschen gemütlich machen, solange wir warten. Also wenn ihr euch mal Südtiroler Speck kauft, müsst ihr auf jeden Fall auch einen guten kaufen. Also wenn schon, dann richtig. Es gibt halt verschiedene Südtiroler Speck-Marken und es gibt halt diese... Muss auch noch umspecken. Es gibt dann auch so Fake-Südtiroler Speck, der dann nicht aus Südtirol kommt, sondern irgendwie aus Tirol oder so. Müsst ihr auch gucken. Und dann gucken, dass es ein guter ist. Wenn ihr schon einkauft. Bei uns im Lidl gibt es so oft Spezialitäten. Da ist der Südtiroler Speck immer dabei. Oh, lecker. Nice. Ja, manchmal kann man das schon kaufen. Also in Österreich und Deutschland ist so, habe ich das schon öfter gesehen, dass man da auch Südtiroler Speck haben kann. Musst du noch umspecken? Kennt ihr auch Graukäse? Das ist auch so ein Südtiroler Ding. Das ist ganz speziell. Also das mögen nicht so viele dann, finde ich. Ich mag Graukäse echt gern, aber... Muss man den selbst schneiden oder ist der schon geschnitten? Speck? Oder beißt man einfach so ein Stück? Nee, also meistens, Südtiroler Speck ist meistens, Ich glaube, kommt Gretchen, wir meistens können dich in trotzdem, Stücken wenn du... und musst du die selber dann schneiden. Das Problem mit Südtiroler Speck finde ich immer, Annehmen, ne? Südtiroler Speck ist richtig Genau, da waren lecker, nicht 2 Minuten wenn man den kurz, dann ganz können wir dünn kurz in den schneidet. Süden Also so laufen, ganz dann- dünne Aber ich Scheiben. glaube, wir können dich Boah, das trotzdem ist kurz richtig hierher gut. porten, weil ich glaube, du bist Ach so, schneller, von ja. hier aus True. auch Aber schneller. wenn man den halt zu Hause hat, True. du hast meistens halt keine Gute Idee. Wurstmaschine. Willst du Das den ist eine Podcast Schneidemaschine, Super, hast du ja nicht nee, zu nee, Hause. 2 Minuten. Und mit einem Dann holen wir ihn Messer noch mal, porten wir noch mal ist das ran. schon schwierig, so Machen ganz dünne Doppelport. Scheiben zu schneiden. Das geht nicht Mein Gott, gut. ich soll kurz Das warten. kostet extra. Alles gut. Wie viel Man kostet kann den das? natürlich auch in so Würfel Nein, schneiden oder so, das geht Am auch. Anfang habe ich mir 50 Silber genommen, als ich noch Aber am arm besten war. ist es schon, wenn er ganz dünn aufgeschnitten ist. Nee, mittlerweile ist kostenlos. Ich bin jetzt reich, tatsächlich. Ui, reich. Oh. Ja, scharfes Messer. Ja, jetzt es ist ist, es gut und jetzt beute also ich meine das wirklich nicht dünn. aus. Oh Mann. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, den ganz dünn zu schneiden mit dem Messer, aber Wie sieht's mit Leiter von Lunen Typisch aus? Bereich. Die machen eigentlich immer es geht halt nicht so gut, weil der Nee, ich Speck wollte ist auch nur so reich werden und dann bin ich also glücklich. der ist nicht so weich, der ist Also relativ wir hart. haben noch Elun. Okay. Ja. Ich habe auch noch. Und auch umständlich, also Ja. der ist, Ich also hab wenn du nur den Makros hinstellst, direkt. der ist ja unten nicht gerade, Lies wie mal dein ein Makro vor. Block Käse oder so, sondern der ist ja Weil ich unförmig und da weiß, ganz aus geraden, Testgründen, dünne das weiß Scheibe ich. runterfallen, ist schon schwierig. Okay. Also, ich spiele auf Deutsch und ich habe die /stopcasting /use Licht von der Loon und dann /use Ruhestein. Aber lass nicht mehr darüber reden, weil Das Chat ist jetzt Slash wieder, Casting habe ich nicht, aber Chat wird Ja, jetzt das wieder ist ganz... nur, damit du halt interessant alles hier. abbrichst. Brauchst du auch, glaube ich, nicht Also, unbedingt, ich bin ja schon seit 50 Jahren im Wait, Speckschneidebusiness und das ist ja Wenn ich super das einfach. Also Speck ausgesprochen- kannst du runterschneiden mit dem Messer Nee, gar daheim? nicht. Also du, Gar kein Problem, ich es weiß geht nicht, ja was du nur darum, sagst. dass wenn Kiba zum Beispiel Gar kein halt eine Problem. Fähigkeit Schaff ich immer. Das hatten wir ähm, 0,01 dass sie dann halt nicht eine Millimeter Dicke. Meckert er dann Easy rum, für deswegen mich. kannst du sagen, Stop Mach Casting. ich hab mit zum Beispiel bei mir noch einem Schweizer Taschenmesser. Das Licht von der Lune nur funktioniert, Keine Ahnung, wenn was ich du im hast. Combat bin. Damit ich zum Beispiel den Button nicht aus Versehen drücke. Oh, wie kann ich das machen? Ja, Das ist super, das brauchen wir Luna und ich, aber du glaube ich. kannst auch leider auf den Luden drücken, wenn du falsch, also wenn du zum Beispiel jetzt gerade Ja. aus dem Fahrstuhl runterfällst, in der Luft, könntest du Ach so, leider ja, auf den Luden true. drücken. Ja, Und das true. kannst du ja nicht, wenn du das in Combat eingestellt hast. Das stimmt, ja. Den schneide ich Kannst mit du meiner den Handkante. Fahrstuhl-Makro noch machen. Ja, aber ich glaube, da hast du zu viele. Ich glaube, da kommst du mit dem Knöpfen durcheinander. Für sowas würde ich euch den Trank hier empfehlen. Den werde ich euch später geben beim Endboss kurz. Ich schneide meinen Den Speck könnt ihr immer auch gezielt nutzen, mit wenn ihr einem irgendwo runterfallt. Da Katana. kriegt ihr auch keinen Schaden. Und das ist vielleicht besser, dann das zu nutzen, statt Loon. Aber das da, ja. Was brauchst du für den? Achso, du kannst ja nicht herstellen. Wer kann den herstellen? Genau. Und was brauchen wir dafür? Ich habe das von Miao herstellen lassen und da brauchst du einen Geisterpilz für, die droppen tatsächlich jetzt in Maraudon und Blindweed, das ist das, was zum Beispiel in den Sümpfe des Elends droppt. Ja, okay, perfekt. Toll. Toller Trank. So da wird das muss man Elend will ich eigentlich nie wieder rein. Also achso, da willst du nicht bei Angst. Nee, Maraudern runnt man doch öfter. Ja, aber Ja. jetzt
Der zweite Teil war Sümpfe des Elends. Achso, da. Also kann das sein, dass es woanders, aber sind wir ist, ob da ist sehr viel davon. Ja. Oh, ich habe noch eine andere Frage. Kurz, wenn ich ein Shield auf mir drauf habe und ich benutze Ruhestein und dann attackt mich was, dann geht der Damage quasi ja nicht durch und ich werde nicht abgebrochen, weil ich ein Shield habe, oder? Ja. Das ist Ist das grundsätzlich so? richtig, ja. Weil in beim League of Shield Legends ist kann es schon. so, aber ich bin mir hier unsicher, weil ich habe es noch nicht getestet, aber dann wäre ich quasi, wenn ich meine Mülltonne opfere und dann Big Shield habe und einen Ruhestein kriege, könnte das dann durchgehen. Ich glaube auch, dass Ja, je es nachdem, wie viel du halt hast. Also ich sag nicht mal, im unterbricht, aber ich bin mir Dungeon, nicht ganz die kloppen sicher dich in wahrscheinlich schon Klassik. mit 2, 3 Hits weg. Und ich glaube, Dungeon das schaffst du spielt ja- nicht im Nee, Schild. Dungeon spiele ich ja eh im, da bin ich dann eh. Dann ist over. Ja, Aber wir werden heute nicht. genau. Weil- Ja, das Heute nicht. ist ja sowieso nichts. Also wir haben hier wir haben hier sehr erfahrene Menschen bei uns in der Gruppe. Eben. Solange wir ruhig und konzentriert spielen, ist das alles machbar. Und auch wenn Aggression mir das nicht bestätigen möchte, aber wir haben auch hier einen fast weltbesten Healer. Eventually, you'll reach in a dieser crossroads with glowing orange crystals on the Gilde oder right dieser and Gruppe? purple ones to your Nein, in dieser left. Gilde. The most common Und in way der to Gruppe. clear In der Marauders Gruppe is to und in enter der the Gruppe, ja, orange das side stimmt. and Ja, clear the ja. entire dungeon from there. Wobei ich nicht However, weiß, wie gut I'll be Aggression teaching healen you kann. a Das faster weiß ich noch route, nicht. Nee, also das ist avoiding Kacke. some of the most Ich dangerous mag packs das in aber- the immer nur instant. Katze und Bär. Alright, start heading down the Aber du orange gestern meintest doch noch, side. dass Druiden useless sind. Warte mal. Müssen wir noch ein bisschen Guide gucken Wie nebenbei. bitte? Wer hat das Ich gesagt? habe gar nichts. Ja, das- Nee. das- When Das you ist come ja across a gesagt. centaur named Nein, Kavindra chilling in a round Druiden sind jacuzzi, useless. pick up the Ich weiß, quest ich kenne legends das, that kann are mich nicht routed erinnern, from das her. war aber ich This nicht. will reward you with the 100% nicht. scepter of Celebris. Nein, Kurz meine nein. Gemüselasagne. Nur damit War das der Wilbur? Gemüse. Oder Ich was? glaube, Wilbur war While das, you're ja. at Wilbur war it, das, ja. fill up your coded Cerulean Vial. Also and ich habe use wenig Ahnung Orange davon, um Pool zu if wissen, you're ob in eine the Katze viel quest Schaden Vial macht. Deswegen Corruption. weiß ich, dass ich Okay, diese Aussage nicht okay, treffen okay, würde. okay. Keine Ahnung, wie gut eine Katze ist. Okay, dann sorry. Aber Wilbur hat, glaube ich, gesagt, dass du Druiden als Katze nicht so viel Schaden kommt oder so. Keine Ahnung. Ah, okay, okay. Das notiere ich mir. Ja, Ja. Will Ich Boost. wollte dich nicht falsch anschwärzen. Will Boost ist der Kerl. Er The heißt third genau, Card card Ja, for the ja. quest Pariah's Instruction can be seen patrolling this area. Dann will ich einmal runterlaufen. Use the Amulet of Spirits on him Aber to das ist turn jetzt him die hostile Existenz, and warum remove ich the quest nur item from Druide his spiele in corpse. WoW, weil die Leute alle sagen, Druide ist kacke. Das ist wirklich so. Okay, gut. Keeper kannst du Also mitkommen. nee, also der Ruf ist so, ja, der Ruf ist so, aber der ist meiner Meinung nach And sehr here we falsch. are at the orange entrance to Okay. Maraudon. Let's get Das this ist full nicht Druide. Maraudon run started. Follow this route Ich after weiß sowieso entering the keine Ahnung. dungeon. Und This ich should weiß lead nicht mal, you was up Druiden until genau the Auch noch machen. einen Klicker, bitte. Ja, Druiden haben immer den Links, dass die Druiden können alles machen, die können heilen, tanken, DD als Nahkämpfer, DD als Mega Fernkämpfer geil, ja. machen. Und da sagt man halt, aber Druiden können alles, aber nichts richtig. Ja, Das ja. diesen Ruf haben Also, die das quasi. ist bei Paladin aber genauso, ne? Also, ich weiß nicht, ob es in Classic so ist, aber in Retail sagt man auch, dass Paladin so alles können, aber nicht richtig. Aber es ist halt dieses typische, wenn du halt alles kannst. Aber ich finde, deswegen habe ich auch mit Druide angefangen eigentlich, weil ich finde das halt so toll, dass du halt theoretisch, also ich habe jetzt am Tanken am wenigsten Ahnung, aber dass du halt alles machen könntest im Notfall. Das finde ich schon cool. Das ist schon wirklich cool. Also Druidentank ist tatsächlich sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, sogar in Phase 1, was wir spielen, würde ich sagen, eher sogar stärker als ein Krieger, aber das wollen, glaube ich, die wenigsten hören. Aber und ich bin Druiden-Fanboy, deswegen Ja. vielleicht, will ich sagen. Ich hole Ich mir glaub, noch das eben was einzige zu Problem, trinken wo und du dann bin halt- ich bereit. Gleich wieder da. Ja. Ich Okay. glaube, das einzige Problem, was du, glaube ich, Komm hast, gleich wieder, als ich hol mir Druide, noch ist halt, dass Wasser. du halt bei Fahr nicht an den Damage rankommst, ne? Von einem Krieger, oder? Und das soll ich mir noch einen Kaffee holen. Genau, Beides. Also und Wasser. ja, auf dem Papier hundertprozentig, also Gleich. vom Schadens, aber das sagt man nur auf dem Papier quasi in der Theorie. Aber in normalen Gruppen und so in Richtung, wo jetzt nicht die Top-Spitze der Krieger sind und so, Ja. das ist da auch alles sehr ausgeglichen. Aber klar, auf dem Papier safe. Also da ist Krieger nun mal einfach am besten in Classic. Kannst du auch healen? Also kennst du quasi so Dungeons als komplett alleiniger Healer-Run? Oder ist das... Ja. Geht? auch, Okay. Ja. Hey, krass. Du hast nicht Retail gespielt, Aggression, ne? Letztens ganz kurz mal für 2-3 Tage mit Freunden, aber dann habe ich wieder ausgemacht. Ah ja. Das ist, meine ich, für mich persönlich, ist das Retail für sich so, wenn ich nur Classic spiele und sowas gewohnt bin, sehr so gefühlt herzlos. Also man rennt in so ja, Inis versteh ich. rein, dann ist das für mich so wie so eine Art Hack-and-Slay-Game. Mit dem Ja, mit dem versteh ich, One-Button ja. da, es blinkt alles stirbt, ich renne überall rein, Ja. schieben und sowas muss man gar nicht. Ja. Vielleicht später schon, aber Aber also der One-Button zum Beispiel, das ist halt Blizzard halt gemacht, damit halt Leute vor allem, der Ja, ja. Hauptpunkt für das Ding ist Leute mit Problemen, ne? Also wenn sie zum Ja. Beispiel, weiß ich nicht, nur eine Hand und so weiter haben.
Aber es ist auch geil für Leute, die halt wirklich, weiß ich nicht, einmal die Woche oder einmal im Monat WoW spielen und dann können sie halt damit wenigstens auch mithalten. So. Also, aber wenn du halt normal spielst, also keiner von denen, die ich kenne, nutzt diesen One-Button Rotation. Der ist auch sehr krass gebalanced oder genervt. Du hast halt eine viel höhere Global Cooldown, wenn du den nutzt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass sie ihn eingefügt haben. Aber das ist auch, finde ich, auch so ein Schritt weiter. Man merkt schon, Retail wird immer, also ich check das voll, was du meinst. Es ist sehr schnell und kurzlebig und so. Es ist halt mehr darauf, du kommst abends nach Hause, hast eine Stunde Zeit und kannst trotzdem noch was machen. Kannst du Classic nicht. Wenn du eine Stunde Zeit hast, kannst du Classic nichts machen. Aber ja. Ja, kannst du eine Stunde hangeln, ja. Okay, bist du dann so richtiger Hardcore-Experte von WoW? Ich? Ja. Weiß ich, also ich habe früher halt WoW gezockt und dann, sonst zocke ich eigentlich sonst immer Rust und jetzt habe ich halt seit einem Jahr, als dieser Server quasi released wurde, seitdem zocke ich halt jeden Tag nichts anderes mehr. Okay, also Experte, ja. Aber ja, ich meine, ja. Aber jetzt bin ich bereit für den Port. Okay, glaubst du, man kann als Warlock dann alleine in die Naga-Höhle gehen? Und farmen? Also auf dem Papier ja. Aber ich weiß nicht, also es ist schon, also ich habe von Level 47 bis 52, war ich nur in der Naga-Höhle. Ich glaube, der ist schon 2400 Mobs getötet. Mein Beileid. Kiva, also ich hab's geliebt. Ja. Ich hab's geliebt. Aber ja, aber ich weiß halt, auch nicht, was man macht. Es ist halt eine Höhle mit ganz vielen Mobs nebeneinander, ne? Wenn man also natürlich ein bisschen panikt oder so. Ich finde aber, das ist so das Beste, was Classic und Retail entscheidet, weil also ich bin ja Retail-Spieler durch und durch und ich finde zum Beispiel, also ich habe mit Maluna auch, wir haben allein gestern haben wir locker 2 Stunden die Piraten in Tanaris getötet, weil wir diese scheiß Schließkassette nicht bekommen haben mit der Schiffsplanung. Und wirklich, ich bin Crash-Out gegangen. Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als als wirklich eine Stunde lang den gleichen Mob zu töten. Also da kriege ich Angstzustände. Aber in der Höhle sind 2 verschiedene Mobarten. Einmal Kaffee. Ja, ist Abwechslung. Ja, klasse. Ja, ich auch. Oh, wir haben gar keinen Magier dabei. Huch. Ich hoffe, ihr habt genug Wasser dabei. Ich habe auf jeden Fall genug Wasser dabei. Okay, gut. Also sonst können wir noch einen wegporten und dann... Ja, ich hab Mondbeerensaft. Der geht auch, oder? Ja. Okay. Passt. Ja, also ich habe 40, das sollte passen. Ich hielt sowieso sehr mana-arm. Okay. Nagora ist noch nicht da, glaube ich. Achso. Ja, können wir Nagora warten. Ja, aber das ist also wirklich, deswegen finde ich es gut, dass wir halt Dungeons machen, weil also Rested hat mir wirklich jetzt schon 3-mal gesagt, ja, bitte mach dein halbes Level voll mit Leuten töten. Ich denke mir so, nein. Ganz ehrlich, nein. Ich finde das so schön. Ich finde das allein schon, weil ich weiß, jeder Mob kann ja irgendwas Geiles droppen. Können ja auch ewig droppen und sowas. Und dieser Kick vorweg, ist es der nächste Mob, ist der nächste. Und ich habe schon lila, ne? Aber ich glaube, du hättest Spaß, aber nicht mit dem Priester, ne? Ich glaube, ich finde, mit dem Dudo hätte ich vielleicht auch einen Ticken mehr Spaß als Katze, aber mit dem Priester finde ich, ist das Pain. Ja. Was meinst du mal, Luna? Ich habe vorgestern ein Epic gedroppt bekommen. Mhm. Oh, welches? Von dem, so ein Hammer, ist gut für Tanks auch. Wie hieß der Hammer nochmal? Den habe ich dann Mauki gegeben. Ne? Ja, ich habe den an Mauki gegeben und Mauki hat den dann, glaube ich, verlost, sozusagen. Oh, wie süß. Ja. Das ist actually ein sehr guter Hammer für PvP als Druide. Ja, hätte sich anmelden können. Wie bist du Nachtelf? Ja. Ich hoffe, du machst bei dem nächsten Event machst du mit. Du gehst für uns ins Ring. Ja, wobei es blöd, ne? Ich bin echt kacke in PvP. Ja, und du hast ja, glaube ich, als Druide auf Level, ich weiß nicht, ab welchem Level das ist, aber du hast ja keine Gestalt, so. Ne? X. Achso, ja, aber Level 10, die erste kriegt man die Klassenquest. Dankeschön. Wart ihr alle schon mal drin oder kennt ihr das Dungeon generell? Noch nie. Okay. Noch nie. Ich alle war noch nie? mit meinem letzten Char drin. Okay. Also ich schon, aber ja. Okay. Also Perfekt. Wave und Gniba waren noch nie drin. Aber ich sag ehrlich, ich vertraue euch komplett. Also ihr müsst nicht für mich dann No pressure, ja. alles extra, aber ich vertraue euch wirklich komplett. Okay. Perfekt. Ja, dann gehen wir rein. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen habe, Orientierungssinn ist bei mir ein bisschen schwierig. Same, ja. Lustig. Kannst du noch Dingens sammeln? Kurze Frage vorab. Oh, soll ich Knurren ausmachen? Ja. Und soll ich Sturzflug ausmachen? Knurren, ja. Sturzflug, weiß ich nicht. Was ist das? Es macht einfach nur schnell. Also sie geht einfach nur schnell. Sie dasht einfach nur rein. Ah, also ich kann sie gut kontrollieren. Okay. Das ist eigentlich kein Problem, glaube ich.
Der Typ, der hier links tot liegt, den müssen wir gleich auch töten. Der droppt das erste Quest-Item. Oh, okay. Ah, der spawnt relativ schnell. Das wir warten hier? Nee, der spawnt hier So. überall in der, wo wir jetzt langlaufen. Ah, Wir können überall so, okay. spawnen. Hab ich eine Quest geholt? Also ja, ich glaube, wir haben jetzt. Glaub schon, ja. Ja, ich glaube schon. Es gibt noch welche hier drinnen, glaube ich, auf jeden Fall. 5? 2 hier drin. Ja. Hey, Sam, what's up? The new German anniversaries on Sundays. I know, right? Ah, der ist gespawnt. Ich habe ihn mit blau markiert. Wo auch immer der ist. Ah ja, du hast also ein Target-Makro. Ich habe eins noch geschrieben. Ah, da ist er. Okay, wir gehen jetzt den orangen Weg. Dann machen wir das. Genau, den haben wir looten. Nagura, Ja. könntest du einmal Rechtsklick auf deine Lebensleiste machen da und deine Rolle als Tank auswählen, Schutz? Also ich habe den jetzt gelootet, aber da ist nichts passiert. Achso, ja. Aber ist der Für die Geist? Quests? Danke. Das ist nur für meinen Heal-Add-on, damit du mir ganz vorne bist. Dann bist du nicht Okay. zwischen den DDs zwischengeschoben. Verstehe, verstehe. Kann mir jemand die Quest Amulett der Geister teilen? Ich glaube, Das du ist hast du hast das Amulett gelootet, oder? Du musst nur das Amulett looten, dann das reicht schon mal erstmal. Aber es ist Da nichts kommt Ah das ja, kein passiert. Pop-up. okay. Das ist okay, aber du hast das Item in der Tasche, ne? Ah, ja, ja. Mhm. Aha, Das ich ist muss aber es Teil anwenden von die können. Anweisung des Parias, ist das, Ja, ja, ne? ja. Mhm. Okay. Das ist für diese Khan-Quest, oder? Genau. Ah, okay. Womit wir die gleich irgendwie machen können, die Khans. Achso, soll ich jetzt Jesus einmal verteilen? Aber ich stell mal her. Oder ist euch Ja, das nicht so können wir auch wichtig? drin machen. Ich buff. Nee, ich würde auch einen nehmen, aber ich buff auch erst drin. Hier müssen wir die. Der müsste aber nur reden, oder? Ja, einmal annehmen, ja. Hallo. Hier ist ein Geisterpilz hinten. Guter Call. Aber kann ich nicht looten. Viel Spaß. Gar nicht drauf geachtet. Ja, das sind die Ja, mach ich ich für gerne. diese Dinger brauche. Die Tränke. Wir müssen hier ein bisschen Hype-Musik anmachen, jetzt wo wir im Dungeon sind, oder? Oh, sorry. Ich esse hier nebenbei. Wie Noch. wär's? Ich hör gleich da auf. Was gibt's? Moment. Gemüselasagne, wieder mal. Let's go! Das klingt lecker. Machst du die selbst oder hast du so eine Fertiglasagne, die du kaufst? Fertiglasagne von Rewe. Ah, ist die gut? Die ist geil. Und ja, Nice. Mikrowellenlasagne. 8 Minuten, 800 Watt, Freunde. Ja, bei uns gibt es leider kein Ja, Rewe. ich muss hier eine Fiole füllen, glaube ich, oder? Genau. Ach stimmt, ja, hier links. drin, ja. Mann, ich hätte auch gern fertig essen. Kann mir jemand von Rewe das wollte hier das selber hinliefern? kaufen und ich habe mich direkt geschnitten. Deswegen gut, Gemüselasagne kaufen, sehr gut. Wie müssen wir diese 4? Warte, was muss man da? Darfst du Eine eine schwarze Fiole Fiole in der kriegen? Hand. Tasche. Äh, Die ist schwarz. Schlangenätzungsverderbnis und dann in den Fluss. So, ich habe einen Kaffee gemacht, Leute. oh, okay, danke. Ich dachte, das wäre ein Fischöl. Oder so. Und ich habe mir noch einen Shake gemacht. So ein Eistee. Was hat denn die für einen Das langen End? Honig Wow. und Zitrone. Placement-Potenzial. Das war auch ja, ganz wirklich. gut. Das ist jetzt mein Favorite, glaube ich. Also das ganze Zitronending ist mein Favorite. Glaube ich. Das Cool. eine ist irgendwie das Matcha, Lime und noch irgendwas. Das sind irgendwie 3 verschiedene Sachen. 4 verschiedene Sachen, die da drin sind. Ach, und schwarzes Tegler? Ja, ich weiß nicht. Das ist ganz gut. Und dieses Honey Lemon, oder wie das heißt. Mit schwarzem Tee. Ist auch gut. Nee, die hat nicht 800 Kalorien. Die hat Muss ich hier einfach runterspringen? Weiß es nicht. 587. Jetzt wisst ihr was gemacht. Jeden Dankeschön für den Eigentlich Prime. voll Vielen gut für Dank. eine Lasagne. Aber es ist so eine Gemüselasagne. Jo. Müssen wir eigentlich runterspringen oder den Weg entlang? Bin aber ja auch, outside bin ich auch sehr unsicher. Auf jeden Fall müssen irgendwo den Kahn hier finden. Ich glaube, wir haben auch den Weg zuerst. Okay. Sieht gut aus.
Muss ich Heimi, jetzt voll danke auch angewöhnen, für den dass ich Prime. dem Tank ein Schild geben kann. Wir können aber runterspringen, oder? Bin für alle Schandtaten bereit. Kiba, wenn du... Dein Pad geht einmal außen rum. Nur, ist das schlimm? Das ist eigentlich in einer anderen Phase. Eigentlich kann das was ändern? Eigentlich nicht, wenn es in der Phasenverschiebung ist. Ich weiß nicht, ob das hier Ja. richtig ist. Oder Ich hier weiß es lang, nicht. ich weiß es auch nicht. Moment, ich gucke erst mal. Was ist das für ein Labyrinth hier? Lass mal hier entlang gehen und gucken, was passiert. Geh mal rechts lang. Weil hier gehen wir wieder hoch. Ich muss die Anweisungen noch holen, ne? Oder ist es das, was wir suchen? Ah, die hier ist der Anweisungen Dungeon-Eingang, aber wir brauchen ja noch den Den Kahn, oder? Ja, Und der irgendwie soll. fest, Oh, ne? hier ist gerade ein Gegner gespawnt. Hier ist ein Gegner gespawnt. Ja, ja. Kann man nicht Ich glaube, wir zurecht. müssen wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Müssen wir nicht mit dem Amulett irgendwie machen? Nee, das war was anderes. Wenn wir den Kahn finden, genau, dann müssen wir das Amulett auf den wirken. Also laut meinem wird der oben rechts angezeigt. Da, wo wir gerade waren. Da, glaube ich, ist anscheinend auch noch eine Höhle. Ich weiß nicht, ob er da spawnt. Oh. Für die Paria-Quest müsst ihr 5 Kahns töten, einer beim Portpunkt außerhalb, einer jeweils außerhalb bei Orange- und Lila-Bereich und jeweils einer kurz nach Lila- und Orangen-Eingang innerhalb. Oh, das klingt so kompliziert. Oh Gott. Was siehst du auf der Map, wie der heißt? Also ist es der erste, der zweite? Wie heißt der? Ich habe den Third. Gem of the Ist Third. Third. Sollen wir euch mal Und hinleiten? wo? Ja? Okay, dann müssen wir aber, glaube ich, wieder zurück. Ich weiß halt Ah, nicht, jetzt ob ist der hier auch. unten halt ist, ne? Es kann halt sein, dass der Doch, halt doch, oben doch. angezeigt wird. Third ist unten. Also ich meine, der müsste hier in diese Richtung sein. Achso, und das meinst du Nutzpuppe, danke für den glaub, Prime. Also wir waren Ja. gerade oben, Ja. ne? Deswegen, ich glaube unten passt. Ich glaube, der ist auch unten in so einer Ja, Höhle. ich drin, hacke also dann- gerade. Nee, eigentlich aus. müsste Ich man zeig jetzt Maraudon, hier ich hab so noch nie rein, Maraudon der müsste gezeigt. oben sein. Der muss oben sein. Komm mal mit. Ja, bei mir ist Oder der, so bei hier mir ist oben, der oder da nicht? oben. So hier Genau, oben, oder? bei mir ist der hier oben. mach Exakt mal da in kurz- diesem Nüppel da. Ja, ja. Ich glaube, das sieht gut aus, ja. Kann sein, dass der gerade nicht gespawnt ist. Ich weiß nicht, was der für einen Response hat, aber Ah, doch, das sieht schön aus hier. Ein gutes Gefühl. Der ist, glaube ich, hier rechts um die Ecke irgendwo. Danke für den Heilchen, Leute. Vielen Dank. Willkommen an Kottnascher. Dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Wie habt ihr denn alle noch Primes, Leute? Wo habt ihr denn die Primes? Das Event geht jetzt schon fast einen Monat und ihr habt noch Prime-Subs? Was habt Hier ihr, ist der Geist, der habt ihr dritte denn Kahn bis ist jetzt hier. nicht irgendwo der, ne? reingeprimed? Jo. Und das Amulett Wo drauf habt ihr die wirken, denn dann noch ist er her? wieder aggressiv. das heißt, muss nur einer machen. Rüstung, Schilder, Jo. Stimstacks. Brauche ich das nur? Hat Nagura die Quest auch? Nee. Okay, dann mach ich das. Nee. Nee, Nagura hat, glaube ich, alle Quests, oder? Du hast... Fang an. Jetzt findet auf einmal jeder irgendeinen Prime-Sub, Okay. ja? Auf einmal Dann haben gehen sie wir alle den einen Prime. Ich will in den Kann Dungeon das reingehen und später zurückgehen. Die sollten jetzt noch Dankeschön für den einsteigen haben, Prime, Leute. Das freut mich echt. Ja. Danke, 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 danke. Ihr Ficker. Und mal gucken, Also was eine haben wir Option, die jetzt? war, ist, dass wir jetzt Tiva, in die Dungeon reingehen Reveal, und dort dann ein Lexi, bisschen speziellen was machen und dann wieder Sunny zurücklaufen aus der Dungeon raus und Awakened dann einmal durch den lila Eingang Predator, rein und da den anderen Kahn noch holen und dann von da aus Pustekuchen. dann weitermachen. Das klingt Dann toll. haben wir noch Mal gucken. Teufels Kelly, Was so Ich toll ist. vertraue euch da Orange komplett. Fish, Ihr wisst Arakash, Blave, hab Demonbit, keine Ahnung. Altaco, Little Dias, Kannst du Sharky den Eingang jetzt und wieder finden? MVP. irgendwie Vielen sieht Dank, jetzt schon willkommen, total Anne. verwirrend aus. Theresas auch, Dankeschön. Und Wir Lextra, sind noch nicht mal drin. habe ich Prime gehört. Danke für die Oh mein Gott, 27 das ist so Monate. schlimm. Dankeschön. Danke, danke, Lextra. Alles gut? Schönen Sonntag, schönen Sonntag. Schön. Also die ganzen... Und Schoko, danke für den Prime. Vielen Dank.
Aber okay, kann man sich da so komplett verlaufen, wenn man einmal nicht bei der Gruppe ist? Vielleicht. Codenascher. So, Den hab ich vorhin dann würde ich einmal verpasst. durchraffen. Der Codenascher. Wer möchte von euch Willenskraft haben? Ich. Ja, bitte. Gerne. Ich nehm's Hier. auch, du. Also wenn du jetzt. Okay, dann mache ich es alle. Dauert nur kurz, ich muss 2-mal Mana nachschlürfen. Hey, Cyril, danke schön für den 35er Streamstreak. Dankeschön. Yummy. Und Dory und Grimnos, danke für den Prime. Dankeschön. Ne? Und Leben, ja. Mami ist stolz, auf jeden Fall. Also, Guck du noch bist schon. einfach Leben. schneller. Ja. Okay, wir müssen hier lang. Okay, hier habe ich jetzt eine Landkarte. Der folge ich jetzt einfach mal von diesem Guide. Soll ich mal kurz Mana nehmen? Ja, ja. Mach quasi 2-mal meine komplette Mana leer, um eine Gruppe voll zu buffen. Okay, das reicht mir. Ready. Nice. Jetzt Das ist schon krass, wie viel Mana das kostet für die ist großen krass. Buffs. Also, ja. Bei mir ist das Problem, ich So muss halt alle 5 Seelenstärke Minuten kostet- nachbuffen. Das ist auch. Ja, Aber es das kostet stimmt, nicht ja. so viel Mana dann. Kommt Okay, der die nächste Dinger- Kran, der rennt grad weg. Die haben diesen Das ist der Stun. Dungeon, oder? Genau. Das ist jetzt sind wir im Dungeon, ja. Okay. Also der Mob hier hat so einen Stun, diese Stachelpeitsche. Da müsst ihr mehr als 20 Yards weggehen, sonst werdet ihr auch gestunt. Ah ja. Genau, Was das hier. bedeutet das? 20 Yards? Da, wo du standest, warst du Da, wo safe. ich gerade. Okay. Noch weiter weg. Musst du ein bisschen testen. Hm? Warte, war für ich Max geh mal. Range. Warte. Mein Guide? Achso. Ja? Das passt, glaube ich. Da Okay. hat der Gewicht Ja, dann- angegriffen. Es gab ja irgendwie keinen Der anderen Weg, Wichtlauf oder? Ist der Wichtlauf aggressiv Das passt. gestellt? Kima? Nee, den hab ich hingeschickt. Okay. Ich kann nur wieder zurückschicken. Nee, weil wir hatten den halt noch nicht angegriffen. Achso. Oh, ich wollte, sorry. Oh mein Gott. Alles gut. Alex. Alter, was sind denn 20 Yards? What the fuck? Am besten eben mal Max Range, so wenn es geht. Die sind echt relativ. Also am Ja, allerbesten du ist, willst wenn mit du der den Treppe, ist das Nameplate nicht mehr schwierig, weil ich- siehst. Also das Ja, ist aber dann 20 mit der Treppe Yards. war gerade schwierig. Ja, genau. Aber das kannst du so ein bisschen einschätzen. Also wenn du diesen Balken über dem Mob nicht mehr siehst, dann bist du mehr als 20 Yards weg. Ah, okay, ja, das ist ein bisschen, ja. Okay. Ah, genau. Was wir noch machen müssen, ist, glaube ich, wir müssen rechts vielleicht kurz die Gruppe spielen. Da sind solche Pflanzen auf dem Boden. Die müssen wir mit dem Gefäß, was sie haben, irgendwie läutern, die Pflanzen oder so ein Quatsch. Und dann kommen da kleine Mobs raus. Da Okay. rechts. Klingt gut. Okay. Das sind wir gleich. Achso, ich wollte hier eigentlich später lang gehen. Warte. Also nur die Ecke hier quasi. Das ist nur eine Sackgasse hier. Das ist nur die Gruppe. Aber ich wollte hier einmal im Kreis gehen. Also. Nee, da oben kann man doch lang gehen, oder nicht? Nee, das ist Ah, okay, ich verstehe jetzt, verstehe. Ich lasse mal kurz antanken, oder? Ja, ne? Ja. War nicht da, nicht Meine brauchst du nicht machen. Und dann einen Totenkopf immer, ne? Genau. So, wenn auch mehrere, also wenn es 30 oder so, kannst du auch AOE-Damage machen. Ja, okay. Generell, Pala hat relativ gut AOE-Aggro. Also wenn jetzt 4, 5 Mobs oder 3 auch schon sind, könnt ihr auch gerne AOE machen, das ist gar kein Problem. Außer natürlich, da ist irgendwie ein Boss oder irgendein Caster, den man halt zuerst umfokussen sollte. So, hier jetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr einmal kurz auf diese Pflanze hier euer Fläschchen drücken. Ich glaube, das rote. Und dann müssten Hab da, ich glaube was ich, Mobs gemacht mit diesem rauskommen. Fläschchen? Da sind sie schon. Holy shit, Bracy, dankeschön für die 1000 Bits. Vielen, vielen, vielen Dank. Schönen Sonntag nochmal. Dankeschön. Und Chris, danke für den Das steht Prime. dann für uns Und alle, glaub ich, Colusa, danke für den Sub-Continue. Irre. Cool. Grimness, stimmt. danke für den Prime. Ja, Danke, 2 danke, Stück, danke. 3 von 8. Ah, hier das- ist sogar noch eine so eine Pflanze. Also, weiß nicht, ob wir die auch kurz machen wollen. Ja, können wir, klar. Ja. Kann Ich jemand glaube, wir anders schaffen machen. das easy vor Gilden-Meeting, oder? Wir haben jetzt gar keinen Zeitstress. Ja. Okay. Oh. Ich kenne Ja, schon ein bisschen Stress, das dauert schon lange. Also das kann bis zu 3 Stunden dauern. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Das ist schon knackig, ja. Ist es denn der längste Dungeon vor Level 60? Nee, wird schon länger sein. Hier. Aber schon, ich glaube, der zweitlängste wahrscheinlich sogar. Ja, cool.
Das sind wieder die, die es dann machen. Und die Da kommen packen wir noch auch noch gleich Partner dazu. Oh, sorry, das war deiner. Und die behalten wir dann einfach auch, wenn die kommen. Wegen gestunt, müsst ihr kurz wegen Aggro aufpassen. Okay, alles gut. Hat die sich gerade das Siegel des Lichts runterdispellt? Holy shit. Emerald Dark für die 2 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ja frech. Okay, jetzt sind wir hier mit diesen Blobs. Bei denen darf man nicht rangehen. Also, man kann schon rangehen, aber die haben so eine Aura, die macht Damage. Und deswegen muss man die auf Range töten. Aber wir haben ja jetzt 2 Range-DPS, also soll das schon gut gehen. Müsst halt aufpassen, ihr habt Aggro, aber die sind ganz langsam. So Einfach. AOE? Ja, genau. Mit Oily musst du auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich achte aufs Olli. Der wird gleich auch richtig schmerznah. Also geht auch richtig frühzeitig wieder zurück, ne? Also die können echt tödlich sein, wenn ihr da zu nah dran steht. Kommentiert mal so. Oily, nein. Ja, ich habe Olli zurückgeschickt. Der Arme. Ich brauch Pause kurz. Und jetzt wieder rein. Können wir nach denen kurz Pause machen und ich gebe euch noch Jesus für falls was passiert ja. oder so? Klar. Sehr gerne. Okay, Olli, du musst raus. Das war's. Das war's. Dann. So. Diese Schlange. Dankeschön. Gerne. Ich auf jeden Fall gerne Aggression direkt ein. Der macht mir am meisten Angst. Danke. Ich gebe euch jeden einen. Wir machen für jeden einmal. Also ich nehme sehr gerne, ich liebe Ja, hier? Jesus. Ja, Ihr ich kriegt auch. alle Ich einen, auch. ihr kriegt Wir alle einen. kriegen alle ein, aber ich wollte nur kurz einen Seitenhieb machen. Ah, okay, ich verstehe. Da, dann noch hier. Aber ich muss ja, ich brauche gar keinen Geso, wenn ich nicht als Ziel habe, oder? Reagieren die auf Feuer? Nein, brauchst du Die nicht. Feuer Ich glaube nicht, oder? Dann warte mal. Danke dir, So. Kiba. Und jetzt Ja, ne? rein da. Jetzt hat jeder einen, ne? Ich habe niemanden jetzt aus Versehen vergessen. Ich habe einen. Oh, Danke, danke. Oh nein! Yeah! Brennt. Wenn du willst, du Aggression, kannst du auch reingehen. Ich kann dir ein Schild geben und wenn er weg ist, raus wieder ab. Nee, also. Wir sterben Nur echt, aber Oily Face also, tankt das. Ich muss Bei nicht 2 unbedingt. Stück. Naja, ist gut. Ich weiß noch nicht, bei 2 Stück du kriegst das Stack ja safe, ne? Die stacken ja. Wenn man Ja, okay, nee, dann- je mehreren dann. Ja, okay. Ich meine, selbst Nagura kriegt ja ganz gut auf die Mütze und dieses. Ja, Blatt, das oder? stimmt, Deswegen. ja, das stimmt. Krass, dass die so stark sind, ne? Uiuiui. Ja, aber da bist du halt langsam, ne? Das ist ja quasi dein Counterplayer, also musst du halt kiten. Nice. Machen wir die in der Mitte auch? Ich hoffe nicht. Nee, die Cool. wollen wir nicht. Ja, einmal reingehen, oder? Hier rechts sind diese Pflanzen, aber ich würde die einfach vorbeilaufen. Außer ihr pullt die, dann hole ich die eben. Okay, alles gut. Da ist auch wieder so eine Blume halt, die wir machen Aber können. uns einer fehlt noch? Über? Maluna? Ne, okay, easy. Okay. Okay. Gehen wir hier kurz rein. Also das ist schon mit Weihe ist schon einen tollen Paladin. AOE. Ja, er ist echt nice mit Agro, ne? Das, also bei so AOE-Puls ist das schon cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt sonst immer, wenn ich im Krieger oder so bin und da sind halt 3 Leute und ich heal halt oder mach was, dann habe ich instant meistens ein Agro. Also meistens wird das sofort wieder zurückgegangen, aber hier ist ja wirklich gar kein Thema. Ja. Problem bei Pala ist halt, dass ich immer trinken muss. Das müssen Krieger nicht. Okay, wir haben wieder einen der Stunt hier.
Der hier? Der eigentlich auch irgendwie AOE-Schaden oder warum kriegst du Schaden Aggression? Der ist abends am Ende auf mich geswitcht. Ah, so, okay. Deswegen nur. Aber eigentlich nicht, nee. Ja, also der Stun macht ein bisschen Damage. Dieser AOE-Stun. Ah, okay. Aber das nicht lag noch daran, viel. Okay. War nur für Knowledge, damit ich weiß, womit ich rechnen muss. Ja. Das heißt für Kartoffeln, warte mal. Das sind Maden. Ach, du Kann man die essen? Was ist eure Lieblingsversion von Kartoffeln? Die Lieblingsversion, Hartkartoffeln. Einfach Pommes. Geil. Boah, Bratkartoffeln sind auch geil, aber ich bin auch ein sehr Verfechter von einfachen Salzkartoffeln. Finde ich auch einfach sehr goated. Finde ich auch richtig gut. So Pellkartoffeln? Oh, nice. Ja, Aber das ist mir zu Kartoffelpüree aufwendig. ist auch... Ja. Pellkartoffeln, das finde ich auch geil, aber das ist, also was ich zum Beispiel gar nicht mag, hundertprozentig ist, da fällt mir der Name nicht ein, dass hier diese Pfannkuchen-ähnliche, Hier ist doch so eine Blume. nee, das, wo die du so quetschst. Oh Kartoffelpuffer, mein Gott, nein, Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer sind doch voll cool. Ich mag die auch Nee, gern. nee, mag ich gar nicht, Ich mag Kroketten nicht so gern. Wie? Kroketten auch? Ich sag ehrlich, es gibt kein schlechtes Das stimmt. Ich bin so richtig, was das angeht, so richtig deutsch. Kartoffeln. Sind aber auch lecker. Ja, ich liebe die. Aber ich sag ehrlich, ich hasse Kartoffelschälen. Es gibt nichts, was ich so schlimm finde wie Kartoffelschälen. ja. Das zum Beispiel finde ich mega geil. Also ich mache das super gerne. Ich schäle weiß die nicht, aber das auch ist nie einfach- eigentlich. Das Ja, ist ich so will- Du Das kannst ist ja auch so mitessen produzieren. eigentlich. Aber nur Ja, so stimmt. bestimmt, glaube ich. Und die Ja, ich glaube, in Deutschland kaufen- kannst du, glaube ich, schon alle, glaube ich, mit Schale essen. Aber ich mache die, also ich schäle die auch immer. Ich finde es aber super entspannt. Ich nehme die meistens, ich gucke dann nebenbei eine Serie oder gucke Fernsehen. Ich schäle Dann Kartoffeln chill ich nie, weil einfach. mir das auch auf die eine Nerven geht. entspannte Beschäftigung. Außer bei Das ist richtig Kartoffelpüree intelligent, natürlich, weil- aber... Nein. Nein. Aber für Nein, Pommes das ist und alles andere, da lasse ich Was aber hab ich? drauf. Die wasche ich dann kurz ein bisschen Er ab schält mit sie so einfach einer so Bürste und dann... Genau, machst du das manchmal abends so, einfach aus Spaß, ohne die zu Nein, essen. nein, nein. aber- Hier noch eine Blume, So schlimm- wenn ihr wollt. Dann sind wir so fertig schlimm mit ist den nicht. Blumen. Ah ja. Aber ich sag nur, ich sag immer, wenn wir Kartoffeln kochen, sage ich immer, du, ich schäle die. Kein Thema, wirklich. Also, stört mich nicht. Was ich zum Aber das Beispiel ist nicht so mag, cool. ist Kartoffeln kochen, weil ich bin super schlecht darin zu wissen, wann die fertig sind. Easy. Deswegen koche ich die nie, aber ich schäle die immer. Das ist so die Oh, aber Arbeitsverteilung. ich koche die auch immer unterschiedlich, immer noch so Gefühl, aber was kann so schlimmsten Fall passieren? Also bei mir waren die immer fein. Also du Oder kannst bist halt du so sein, wenn die halt richtig- roh sind, oder also fast roh sind, dann haben die Ja. halt diesen Giftstoff halt noch drin, ne? Oh, So Kartoffeln sind ja gut. grundsätzlich giftig roh. Aber man kann sich an Gift gewöhnen, vielleicht bin ich einfach abgehärtet. Kann ja sein. Ja, Ich mache auch immer so einen Zahnstocher rein und wenn der ganz leicht herausgeht, Ja. dann sind die ja gekocht, ne? ja, an sich schon, ja. Also, Aber es die ist müssen halt an gleich sich nicht groß schwierig. ungefähr sein. Weil wenn einige ganz groß sind, Ja. andere nicht, dann... Ja. Cool, das ist echt schlau. Und jetzt gerade eben da oben vielleicht für zukünftige Runs, wo wir gerade die Maden getötet haben, da war ja so ein komischer Schlauch, der da von der Decke hing. Auf den musste ich einmal Rechtsklick machen, weil sonst würden da immer mehr Maden aus diesem Schlauch rauskommen. Was? Oh, das Also ist so ein Schlauch. Mehr wo ja so Kartoffeln ein meinst du, ja? Schlauch, ja? Die Kartoffeln, Ja, ja. ja, Kartoffeln, sorry. Sah noch ein bisschen aus wie Gnocchi, finde ich. Das stimmt. Ja, stimmt. Hätte auch Gnocchi sein können. Mögt ihr Gnocchi? Ja, Ja. Ja, geil. ja, auch. Aber sättigt sehr stark, finde ich. Also, Ja. ich mache mal Sind viel ja zu auch aus viel davon und bin Kartoffelteig. dann- Mhm. Ja, ne? Ja. Das heißt, Kartoffeln, wir haben wirklich, sag, also Kartoffeln wir ist das Deutschen beste haben Produkt. Kartoffeln wirklich das, ja, wirklich. Was man alles aus sagen, Kartoffeln machen kann. Bei Gnocchi will ich nicht wahrhaben, dass sie aus Kartoffeln sind. Irgendwie fühlt sich das falsch an. check's Gnocchi ist eher so die Nudelgruppe für mich. Ja. Hattet ihr mal Aber so ich weiß Kartoffelteigtaschen irgendwie? So wie Ravioli, aber mit Kartoffelteig, Oh, wie ja, Gnocchi-Teig? Das Oh, ist ja. richtig lecker. Das ist richtig ja, gut, Die sind ja. doch mit so Kräuterquark. Nee, sind das Ja. so? Doch. Mit so Kräuterquark und so. Also es gibt nicht so Tiefgekühlt. Manti-ähnliche auch welche. Also so Manti mit Kartoffelfüllung ist auch geil.
Wie sind die gemacht? Aus der Nudelteig mit Kartoffelfüllung, oder? Ja, genau. Ah, nice. Das klingt gut. Und dann so Kalk dazu. Ich mache mal zuerst links. Achso, hier sind gar keine Dinge, die man dann irgendwie schließen muss, oder? Nee, Okay. aber nur da vorne der eine. So ein absolutes Lieblingsgericht? Oder, okay, wenn ihr nur noch ein Gericht in eurem ganzen Leben essen könnt und das tagtäglich, was wäre das? Gemüselasagne. Die Gemüselasagne. Die Gemüselasagne. Kann man also... Okay, Frage. Wenn man jetzt irgendwie Nudeln auswählt, darf man die Nudeln dann nur mit einer bestimmten Soße oder hat man dann Ja. die Das ist Auswahl? immer dass so man- ein Gericht. Ah, okay, ein nur Gericht. ein... Okay, Genau. Dann wahrscheinlich muss man ja was Gesundes auswählen, dass man da genug Nährstoffe bekommt. Nee, okay, nee, angenommen, Nährstoff ist egal, es geht nur um Ah, Geschmack. okay. Das ist Ah, nur so Geschmack. wirklich- Okay. Genau, Ja, dann das- Pizza. Welche? eigentlich ist das Ja, Frage, weil du ja. kannst nicht, ja genau. Du kannst dann nur eine Pizza. Ich würde dann so eine napolitanische Pizza, also mit so einem ganz dicken Teig. Und wahrscheinlich nicht so viel drauf, aber nur so Tomatensauce und Käse. Boah, aber wenn du alles drauf machen würdest, dann könntest du immer was abtun, ne? Einfach wegnehmen. Das stimmt. Ja, rausmachen und so. Pizza mit Wiener Schnitzel obendrauf. Ja. Einfach so alles drauf. Und Pommes. Pizza mit allem. Hast du einen Boss? Mit Nudeln, Ja, Macaronis. das ist Was gibt's in Italien? Das ist relativ normal, dass man Pommes auf der Pizza hat. Ja, das ist ganz komisch Wirklich? eigentlich. Ja. In Und Würstel Italien? auch, so Ich dachte, Kochwürsten. Italien ist das richtig. Aber was sagst du von... Sorry. Oh. Ich hab Okay, der Winterpuls, das war nur der Bosspull, kein Problem. Ja, den nehmen wir jetzt. Der kann, glaube ich, nicht viel. Nur so ein Frontal macht der, Okay. glaube ich. Und dann teilt er sich auf. Was hältst du Dann macht das Gift hier. von Schokolade auf Pizza? Also das, also als Nachtisch ist das nicht so schlecht, weil der Pizzateig an sich, der hat ja keinen Geschmack. Oder halt, ist ja nicht salzig oder süß. Und mit Teller ist es echt nicht schlecht. Es schmeckt so ein bisschen wie Churros, wenn man das gut macht. Also der macht auf jeden Fall eine Menge Schaden, muss ich sagen, der Boss. Ja. Ja. Oh, geht's set? Donge. Wow, Oh, das ist ein Das verdammt wär- geiler Zauberstab. Aber der bringt mir Nice. nicht so viel, aber der hat so viel Schaden. Der bringt dir nicht Oh, viel, warum nice. bringt er dir nichts? Weil ich, kannst du da- was bringt mir Naturwiderstand und Ausdauer? Dönerpizza. Naja, Ich es hatte ist halt noch nie einfach Dönerpizza, Stats, diese aber, schwedische. Ja, also würfel einfach. Die hatte ich noch nie. Geiler machen, weil Zauberstab. Hattet ihr die Ja, mal? ja. Also diese Wirklich richtig schlecht schwedische finde. Dönerpizza. Ja. Das ist trotzdem besser als meine. Ich glaube, die ist gar nicht schlecht. Ist das? Oh, danke schön. Die muss ich echt mal probieren. Banane nehmen. Ah, okay, das ist wirklich viel besser. Was ist denn Kiba für einen? Obwohl, Ich hatte Sogar vor besser Route als des deiner. Kummers. Ja. Da deiner muss war noch jetzt- schlechter. Ah, alles gut, dafür gibt's ja Würfeln. Wie ist denn das hier lang? Oh, jetzt ist die Ingame nach die Nagura aktiv. Wir müssen auch so einmal hier geradeaus, Nagura, auch wenn du gerade muted bist. Also einmal in diese Richtung da beim Totenkopf. Hier, okay. Dankeschön. Du musst mal einmal ganz kurz deinen Push-to-Talk-Button drücken. WoW ist gerade verbuggt. Du redest gerade auch in-game. Dauert. Ah, okay. Shit, sorry. Ja, perfekt. Das habe ich oft. Ja, alles gut. Das ist komisch, Ja, weil ja, ich habe sehe ich auch ganz in-game, oft, Leute. den Button habe ich auf einem Keybind, den drücke ich nie. Aber das passiert trotzdem, wenn man das unmuted ist. Es wird bei mir aber nicht angezeigt. Also bei mir wird muted angezeigt. Bin ich aber nicht. Ganz komisch. Jo. Wollen wir noch Das ist die... ein bisschen Obwohl, mit nee, ist egal. Herz- Die anderen Kartoffeln links sind egal? machen. Okay. Ja. Ich glaube, ich mache zuerst die rechten hier. Warte, hier Wavebreaker und Aggression. Jo. Was Eier essen? Tomate Mozzarella wird sein. Tomate Mozzarella. Tomate Mozzarella. Jeden Tag. Ich lieb's. Ich lieb's. Echt? Ich esse es jetzt So schon jeden sehr? Tag. Oh, Aber was Ah, das ist Oh. wirklich Dann- der Wahnsinn. Nö, Ja, aber was so ist eine, das? mein Snack so. Das ist statt so einer Chipstüte, ich liebe Tomate Mozzarella. Das ist wirklich der Wahnsinn. Oh mein Gott, ich werde den ganzen Tag eine Tomate Mozzarella essen. Aber ist doch geil. Ratenwein, War es so aber- mit Ja, Balsamico ja. und so? Ja, ja. Sag ich. Ja, boah, ich krass, muss überlegen, krass. ich bin immer super schlecht darin, so auf den Punkt was zu, wissen, Ja. was zu finden, was ich immer, was ich essen könnte.
Mir ist auch gerade aufgefallen, also wenn Nährstoffe egal sind, dann könnte man eigentlich auch was Süßes auswählen, so Croissants oder sowas. Schokolade. Ich liebe Schokolade auch ab und zu, aber will man das wirklich jeden Tag? Weil kennt ihr das nicht, wenn man so manchmal davon zu viel gegessen hat, dass man dann so die Lust darauf verliert? Ja. Oder habt ihr es gar nicht? Manchmal, aber das passiert mir nicht so schnell. Croissants könnte ich schon jeden Tag essen. Wirklich? Ja, okay, ich glaube schon. Ich meine, nur noch dein einziges Essen ist wirklich so Schokokroissant. Ja, Tiramisu. Oh mein Gott. Tiramisu jeden Tag. Okay, jetzt haben wir 2 so Peitsche. Also müsst ihr gucken, dass ihr auf glaub, jeden Fall out of range seid. Ich würde Lasagne auch sagen. Keine Gemüselasagne, aber ich mach meine Lasagne immer selber. Und die ist schon zu aufwendig, aber also richtig mit Bechamelsoße und so, aber die ist schon goated. Ist schon lecker. Lasagne ist echt gut. Ich bin enttäuscht von euch, dass keiner von euch Wikingertopf gesagt hat. Was ist ein Wikingertopf? Ja, Wikingertopf ist mit Abstand das allerleckerste Essen, was jemals erfunden wurde. Ich empfehle es auch mit Kartoffeln zu essen tatsächlich. Und dann ist es so eine Käsesoße, okay? Visualisiert. Kartoffeln mit einer Käsesoße drauf. Da drin sind Hackbällchen und Erbsen. Ich lasse die Karotten immer weg, weil ich mag Karotten nicht so sehr. Also Zwiebel, Hackbällchen. So richtig lecker. So richtiger käsigen Soße auf Kartoffeln drauf. Das kann ich gar nicht. Lecker. Ist das so ähnlich wie dieser englische, wie heißt das denn? Shepherd's Pie? Oh, das kenne ich nicht. Aber wenn du Wikingertopf eingibst, bei Chefkoch, glaube ich, gibt es sogar auch ein Rezept. Da gibt es richtig viele Rezepte. Das ist mit den meisten Sternen nehmen und einmal nachkochen. Ich habe es auch nach irgendeinem Rezept mal nachgekocht. Ist immer so lecker. Cool, muss ich mal probieren. Das ist wirklich goated Essen. Ich markiere die mal mit Sternen. Nicht, dass wir gleich zusammenfighten. Mhm. Ich stelle mir Dankeschön. Ich stelle mir Greshams Platz schon quasi 54 so vor, der hat so noch so eine Extra-Tastatur mit so 30 Knöpfen, wo er dann ein Makro auf jeden Knopf quasi gebindet hat, damit er wirklich in jedem Dungeon immer alles machen kann. So, ich verbessert, aber Du kannst ja gar nicht, den haben wir gerade auch nicht gesehen. Also du hast ja dafür jetzt auch gerade ein Makro gehabt. Nein, den hab ich gesehen. Ich weiß, dass hier eine Box kommt, deswegen habe ich die ganze Zeit nachher geguckt. Na gut, okay. Ich glaube, ich bin für euch irgendwann schon mal hier gestorben, deswegen kenne ich die Pod ganz gut. Ich mach das. Also nicht in Hardcore und so, in Non-Hardcore. Aber deswegen kenne ich diese Pod einfach nur. Achso, mein Agro war aber stimmt, dann könnte ich mal Dungeon Run ist irgendwie Dankeschön. langweilig, weil da kann ja nichts passieren, oder? Also, weil wenn du stirbst, ist ja egal. Ja, aber für den Punkt, aber es ist man spielt dann anders, weil dann macht es einfach Spaß, einfach extrem große Puls zu machen, schnell da durchzukommen. Das ist ein bisschen so Speedrun-mäßig vielleicht, wenn man es mag. Okay. Solche Sachen halt dann. Und man freut sich ja trotzdem über Items und so, ne? Das ist ja mit der Okay, ja. größte Achtung, wegen dem Euphorie Stun dann. hier. Ja, also in Retail zum Beispiel, da gibt es halt M+, da willst du halt auch nicht sterben, weil du hast quasi eine gewisse Zeit, in der du den Dungeon schaffen musst. 3000, Dankeschön. Und das skaliert quasi unendlich danke. hoch. Also du kannst, 45 also du hast eine Keystufe quasi und je höher die Keystufe ist, desto mehr Leben haben die Gegner. Und je mehr Schaden machen die und so weiter. Und da ist halt zum Beispiel auch einfach, da ist auch blöd, wenn du stirbst, weil immer wenn du stirbst, kriegst du halt Timer abgezogen. Was sind Und du willst Maultaschen halt eigentlich nochmal? Ich weiß und das nicht, ob ist ich zum Beispiel die... halt in Retail das, was du... Ich weiß nicht, ob ich schon mal was halt Maultaschen zum Beispiel, hatte, weil ich glaube, das habe ich schon öfter mal Taktik und gegoogelt, so weiter, aber ich glaube, pipapo. die gibt es hier nicht so wirklich. Okay, aber wenn man stirbt, ist es dann so, dass man auf der Stelle dann direkt wiederbelebt wird, full life? Oder wie Nee. kann ich mir das vorstellen? Also im Plus zum Beispiel fängst du immer wieder von vorne an im Dungeon. Du musst dann halt den Weg bis dahin laufen, wo du halt gestorben bist. Okay. Du kannst Kommt auch aber immer Leute darauf an. wiederbeleben. Genau. Wenn du nicht im... Also es gibt 2 verschiedene Wiederbelebungen. Einmal, wenn du nicht mehr in Combat bist, dann kann ein Heiler dich einfach retzen. Das dauert relativ lange, ist ein langer Cast. Und der Heiler muss halt, darf halt nicht in Combat sein. Und dann gibt es noch so einen zweiten, das nennt man so einen Battle Res. Das können Druiden und Hexenmeister und Palas und DKs, also nicht alle Klassen. Und das kann man dann im Fight, in Combat, kannst du Leute wiederbeleben, aber da hast du halt nur eine bestimmte Anzahl von denen pro... Ich glaube, alle 10 Minuten hast du einen, glaube ich, ja. Also in Klassik wäre alle 10 Minuten ja richtig viel. Aber im Retail ist alles ein bisschen schneller. Aber, Oh, Devil! Also, Der Devil ist auf 1 HP gerade. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, sorry. die machen glaube ich, Dingens, oder? Oh mein Gott. Ist auf ein HP?
Okay, ja gut. Ich hoffe nee, mal. Dirty Devil. Ja, ja, ich bin gerade Wir haben so. wir kriegen, du kannst Benachrichtigungen einstellen. Ja, siehst das du, will ich wenn auch, das das will die ich auch, das Gilde. will ich auch. Ja. Das will ich auch. Also, ja, meinst du aber- Erwartet das südwestdeutsche Gericht eine mit Ja, ich Brett selbst das gefüllte ja. Aber meistens schreiben sie es vorher, Was damit ist halt denn eben nicht Brät sowas passiert. nochmal? Also etwas aber, in Fleisch Kiba, in Brät? also so ein Ist das Dungeon einfach wie der nur jetzt zum Beispiel Suppe, hier, den müsstest Fleischsuppe? du halt so eine halben Stunde, mindestens in einer halben Stunde schaffen. Und wie gesagt, die Gegner werden halt immer schwerer und haben mehr Leben und also 10 Minuten ist schon wirklich sehr lange in Retail, in einem Dungeon. Hey, krass. Da ist wieder ein Stun dabei, ne? Ja. Ich kenne ja WoW wirklich jetzt nur eine Hardcore-Variante. Deswegen finde ich es mal interessant zu hören, wie sich das dann anfühlt, wenn man Retail spielt. Ja, ist schon was ganz anderes. Aber könnte ich ja angucken. Jetzt kommt ja gleich die neue Erweiterung raus im März. Ich bin auch schon der Versuchung ja nahe. Dann WoW doch cooler, als ich gedacht hätte. Macht auch extrem süchtig. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich. Ich weiß auch nicht, habt ihr das auch so, wenn ihr so länger WoW dann gestreamt habt und gespielt habt, dass ihr danach so richtig Adrenalin noch habt und dann nicht schlafen könnt? Ja, weil wenn man am Dungeon macht, so ganz am Ende. Ja. Ich habe so richtig viel Adrenalin im Körper und bin so noch voll wie so ein Fokus. Nimm kurz Mana. Oh, mein Inventar ist jetzt schon voll, geil. Oh. Aber in Retail The ist second man immer, boss, wenn du Razor wiederbelebt am Indie-Eingang, oder? Ja, genau, ja. The route Ja, here das is ist das, pretty weswegen in straightforward, Classic but I'd dann like der to Tod auch note a trotzdem, couple obwohl man of the wieder mobs. wiederbeleben For kann, your tut es richtig heats weh, melee, weil so we man just zum had a Beispiel, raid wenn man Maraudern vial. stirbt, wird Heal this man elemental. wird in der on Mitte this von Desolace als Geist be spawnen a und muss dann basic von fight. da aus bis zum This Indie-Eingang laufen, was erstmal away irgendwie 20 Reapers Minuten from dauert und Razor dann Lash. in den This Frontzeit gigantic gehen. plant Also deswegen, monster man ist can halt, cleave, wenn man so the stirbt, tank dann should wird face halt it schon away erstmal from the verloren. group. Kann man Likewise, geportet werden als melee Geist DPS eigentlich, oder should geht das watch als out Geist if there be Nee. cleave and reposition Das accordingly. dann Razor bis zu einer Lash does Weiche. a puncture ability that's essentially just a variant of Man Ramp. hat es So hier in it's a Hardcore dot, wirklich but gar it's keinen nothing Weg too gibt, wenn man zum crazy Beispiel that your healer Disconnect-Tod can oder sowas handle. hat, dass man sich da auch wiederbeleben lassen After kann. this fight, you'll normally Das ist want to so keep selten. going down the path Aber you're das Ich taking. finde so Problem ist, selbstverschuldet Even schon Wildhead okay. says so. Genau, aber du kannst es halt abusen, But ne? a better Also, genau, option das ist would halt be alles, to wo run it du back sagen towards kannst, the okay, du entrance ziehst halt and einfach einen Stecker continue oben, from the hinter das weg. purple side. Es gibt ja Why? Leute, die haben ja, die Not können auf only den will Knopf you drücken, save die halt das time Internet speed vom through PC packs, kennen. but you Was? also avoid Wirklich? Okay, das ist ein... Ja, klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchen Sachen bestimmt ausgenutzt wird, irgendwie. Also, Ich möchte so Makro haben. So ein Makro. Extra. Okay, dann gehen wir danach zurück nach dem Boss hier. Okay, hier ist jetzt noch ein Boss. Der macht nicht so viel. Macht nur ein bisschen Tank-Damage. macht Schaden, fügt körperlichen Bluten, okay. Das Bluten steckt halt hoch und wenn wir theoretisch super lange brauchen, Wenn dann wir Schaden ready sind, höher. gebe ich dir ganz kurz nochmal ein Pre-Shield, kurz nochmal Mana und dann kannst du rein. Ja. Das kann ich stunnen. Oder stunt er auch wie die anderen? Ready. Nee, das dann nicht. Okay. Ich glaube, der hat nur so ein Cleave, aber nach vorne. Mhm. Der fällt ja wie Butter. Okay, der macht wirklich gar nichts. Ja. Mein komplettes Schild hat den Sicher, Boss dass es ein Boss ist? Oh, wie geil. Oh, guck mal, wie Wow, gut die ich bin. Set. Wow. Oh. Oh. 73 zu 70, das ist hart. Oh nein. Ich glaube, wir laufen jetzt einmal wieder zurück raus, oder? Und gehen dann... Ja, theoretisch schon. Das Problem ist, wir haben den Kahn nicht eingeholt, es ist weggelaufen. Ah, Kann sein, dass wir okay. gleich Problemchen haben. Aber das Ding ist, eigentlich wäre es cooler, weg zurückzulaufen, weil jetzt kommen die ein paar harte Packs, aber vielleicht, egal, können beides machen. Wir haben nur ein Problem mit dem Kahn jetzt. Okay. Running across the most dangerous pack in Ich hab ihn damals towards the markiert. even Wir können auch Daughter erstmal Lash weiter does a laufen. puncture ability that's essentially just a Also variant wenn wir of weiterlaufen, Ramp. wird auf jeden Fall mal So it's a buffen. dot, but Also wenn wir rauslaufen, mache ich das danach, weil sonst ist Waste Time. Also gehen wir weiter? Ja, dann lass einmal weitermachen nur. Okay, dann würde ich gleich nach dem Gegner einmal buffen nochmal durch. Okay. Und auch was jetzt, wenn wir diesen Weg nämlich jetzt gehen, kommen gleich so zwei Packs, glaube ich. Das sind so die härtesten Packs in der Indie. Oh. Die haben mehrere solche Pflanzen und so Pflanzen, die so stunnen und die tun schon sehr weh. Ja, schaffen wir schon. Ja, ich denke auch. Okay, ich würde einmal Stärke? buffen. Ist 10 Stärke besser als 20 Angriffskraft? Wahrscheinlich schon, oder? Ähm, Oder dasselbe. Ich weiß nicht.
Boah, das ist in WoW fällt es mir extrem schwer, so Stats einschätzen zu können. Ich weiß auch nie, wann man was nehmen sollte oder was diese Punkte genau bedeuten. Also wie viel das dann wirklich ist oder wie viel das bringt. Ja, ich glaube, 1 Stärke ist 2 Angriffskraft, aber Stärke zusätzlich macht dann auch noch mein Schild besser. Deswegen glaube ich, ist das besser einfach. Stärke nehmen. Oh, nicht weglaufen. Oh, Sorry, ich habe gepult. Sorry, du wolltest ja buffen, mein Fehler. Alles gut. Ich hab noch 20 Sekunden, du hast auch noch. Oh, ja. Ich hab dich. Alles gut. Oh Gott. Ich habe nicht meinen Healpot benutzt. Ja, ich bin auch. Hätte noch einen Dame gehabt. Hab mich trotzdem gerade erschrocken. Da hast du Die werden auch nicht. 3. Die sahen sehr schmerzhaft aus. Und sie gleich haben noch etwas härteres Back, deswegen die tun das echt weird. Okay, ja. Oh, okay. Ja, dann ist Aber die gibt's nochmal beiden durchwerfen, ne? Oder Ja, auf jeden Fall, ja. Kann es sein, dass dein Ausdauerbuff in dem Moment auch weggegangen ist? Deswegen bist du noch mehr gedroppt? Das kann sein, ja. Das kann sein. Wobei, die Ausdauer hatte sie noch drauf. Wille ist ausgegangen. Aber du bekommst ja nicht weniger HP dadurch. Also prozentual schon, aber... Schon, oder? Nee, ich glaube, das ist prozentual einfach. Oder? Also ich glaube nicht, dass du dann... Also dass du wirklich HP verlierst. Nee, es ist andersrum. Es ist andersrum. Wenn du buffst wirst, dann ist es weniger Leben. Ja, true. Ja, genau. Okay, gut zu wissen. Alles klar, dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann. Ja, das wird dann nämlich immer gefährlich, wenn dann der Healer zu nah dran steht, dann noch runtergenockt wird und dann nicht heilen kann, dann wird es echt ein bisschen doof. Okay. Bin drin. Ist das schon die krasse Gruppe? Nee. Ich meine nicht, nee, die kommt da oben irgendwo. Oh Gott. Ja, weit weg. Weiter weg. Auch so ein Ding, Ja, da kommt der Kahn. perfekt. Also ein Ding, was mir öfter aufgefallen ist, was hier generell passiert in einem Dungeon, das haben einige Mobs so ein bisschen so eine AOE-Fähigkeit, die ein bisschen Schaden macht, an den anderen auch. Also wie zum Beispiel der Stun hier macht ja Schaden an Aggression, also an Melees und dann später passiert das auch mal. Aber du bekommst ja nur den Damage und danach nichts mehr, weil du hast ja keine Aggro von den Mobs und du bist dann nicht in Gefahr, dass du stirbst. Und also du musst nicht unbedingt jetzt Aggression heilen, nur weil er dann irgendwie auf 80% HP ist oder so. Außer er hat Aggro natürlich. Also man muss halt immer gucken, dass dann der Tanker als erstes geheilt wird natürlich. Ja. Weil ich habe halt gesehen, dass Heiler dann total Panik haben, weil die anderen halt auch low droppen und dann direkt irgendwie so eine Gruppenheilung machen oder sowas. Ja. Dabei sind die ja echt nicht in Gefahr, nur weil du auf 70 oder 80% bist. Ja. Ja, also ich bin sowieso, ich lasse Aggression auch gerne auf 80% leben. Außer er kriegt Aggro, aber das sehe ich. Ja, bei Aggro natürlich was anderes, aber... Ja. Aber ich sehe, wenn er Aggro hat. Ihr könnt überlegen, zurückzugehen, weil wir vor die Instanz von dem anderen Bereich gehen müssen. Oder wir können uns von hier aus in den anderen Bereich rein. Na, lass einfach zurück, ist schneller geht, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist echt schneller zurückzugehen, oder? Ich glaube auch, Kann es sein, dass man diese... mach mal dein Dingens an, Mazat. Ah, nice. Oh, so viel schneller, oh mein Gott. Also was hilft Hey schneller? Stardell, vielen Dank, I think. Oh. I think it's so incredibly cute how some people are actually trying to learn some German and trying to understand and stuff. That is so cute. I actually love you guys so much for doing that and for watching the stream, even though you don't understand German. It must be difficult to be able to follow along. So I do really appreciate you guys trying to stick around and just keep supporting and just hanging out anyway. That is just so incredibly nice of you. Jetzt würde ich diese Maden vielleicht machen. Aber ich brauche auch noch 2. Die anderen das nicht droppen. Achso, ja, können wir machen. It's nothing too crazy that your healer can't handle. After this fight, you'll normally want to keep going down the path you're taking, right? Even Wowhead says Aggression so. hat die schon fertig, deswegen. But a better option would be to run it back towards the entrance and continue from the purple side.
Why? Das ist Not Gift, only leider. will you save time skipping several packs, but you'll also avoid running across the most Okay, ich dangerous bräuchte, achso, pack das in ist the die ganze dungeon. Zeit. Ah, I'll okay. show you later, but for now, Ja, just ich run bräuchte it auch noch back. 2, aber wir sind. Ah, doch, da ist noch eine Pack. Ja, So das here wird we toll. are at the crossroads once again. Easy, Luckily, the purple entrance knows how to respect people's time and isn't too far away. Before we go inside, the second can be found in the area below. Das ist der moralische Here's a Symbol quick eigentlich als clip Katze auch of where machen. my group found him. Nee, das wird hier Musste trotzdem man Berg leider. So, bitte einmal alles anlooten. Okay, hab's so. Perfekt. Warum sind wir Ich so danke grün? One- Was bedeutet das? Vergiftet. Ach so. Okay, wir müssen raus, dann müssen wir den zweiten Kahn Melee suchen. Range oder sowas machen die immer ein Gift. Also ich habe so Weil viel ich Bugs da ha- oben, ich habe das... Ich mag das nicht, dass ich also dass ich in-game keine Mach Map doch habe. mal- Das mach stört doch mal mich so. Movement an. Was hat? Das ist so Traumhaft. stimmig. Ich mach die ganze Zeit die Map auf. Ja. Oh Mann. Hier, das ist diese Röhre, die ich auch eben ausgedrückt habe. Die Schlepperröhre, die war eben noch offen. Wo muss man da klicken? Also irgendwo? Er drückt hier vorne an dem Ding dann direkt. Da kann man dann Ah, direkt okay. auf das Ding machen. Oh, wir haben die Gruppe verlassen. Kurz stehen bleiben. Danke. Nein. Zu wie Sightseeing. Hier rechts halten? Oh, die Part wieder da. Mhm. Nur um Einschätzung, wie viel Prozent dieses Dungeons haben wir jetzt schon abgeschlossen? 30? 15. Oder 5? War nicht auf 20 oder so? 20, 25 Okay, vielleicht? krass. Nein, das werden wir safe nicht schaffen bis 18 Uhr. Na, schwierig. Ja, werden wir dann bestraft? Also ich würde da schon Also hingehen. ja, auf jeden Fall. Also er hat die letzten Male schon deutlich gesagt, das verstehe ich auch, wenn du online bist, dass man denn Nee, da warte sein mal. Warte mal, ich bin straffrei. soll. Okay, dann kannst du ja allein die Dungeon Ich muss weitermachen. gar nicht gehen. Ich mach einfach alleine weiter. Reicht. Straffrei? Ja, ich hab mit Kevin den Deal, wenn ich Werbung für sein Casino mache, dass ich dann straffrei bin. Ja, also geht alle in Kevins Casino, ne? Wenn er wieder da ist. Nice. Wenn hat ein Da gibt's Casino. einen Clip sogar von, ja. Ja, das ist ein Casino, ich habe da mitgespielt, habe einmal gewonnen, einmal verloren und ja, dann meinte er, wenn ich Werbung dafür mache, bin ich straffrei. Mal Okay, wir Kevin müssen Papa jetzt, Platte? Ja, die Gildenleitung hat mir Straffreiheit. wir müssen jetzt einen violetten Eingang finden, oder? Und den zweiten Kahn auch? Jo. Jo. Okay. Der ist direkt unter dem violetten Eingang. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo der violette Eingang ist, aber werden wir schon finden. Ja, nee, aber ich glaube wahrscheinlich da. Ich glaube, das ist der Pool, wo wir unsere Flasche aufgefüllt haben oder so. Ah, okay. I hope. Hier haben wir die Flasche auch gefüllt, ne? Achso, ja, stimmt. Dann eins weiter, wo wir die Quest angenommen haben. Hier, oder? Hinten kommt. beim Ah, nee, Grün, der ja. kommt nicht mehr. Könnt ihr hier vorbeilaufen an denen? Okay, ich dachte schon. Sorry. Alles gut, alles gut. Warte, welche Quest müssen wir fertig machen? Denk an Quest fertig machen, oder welche? Nee. Das, wir machen alle Quests. Nicht auf Chat Oh, hören. guck mal, der Geisterpilz Okay, ist ich gespawnt. bin... Boah. Kannst du gleich nochmal looten. Okay, dann müssen wir hier nochmal ganz raus, oder? Links oder wohin? Gresham, der Geisterpilz ist Genau. respawned, wenn du den nochmal mitnehmen willst. Achso, das hast du gerade gesagt. Ich habe irgendwie Geist verstanden, Alles das gut. in Kahn oder so. Lol. Guck mal, dafür habe ich gerade gar kein Auge. Ein Aber Thema. dafür habe ich dich. Danke. Ja. Also wenn ich mein Skill hoch genug wäre, dann würde ich dir das nicht sagen. Dann würde ich mir Aber den selber wir schnabulieren. kämpfen. Ich zieh dir mal kurz mit Melona. Gehen wir zu den anderen. Ich glaub, da komm nicht mit, ich zieh mal die Rolle rein. Okay, warte. Jetzt hab ich ihn.
was mitgebracht für uns. Nice, ein Freund. Okay, müssen wir hier runter oder hoch? Ah, da unten ist der erste Kahn, das ist ja der falsche, oder? Wo brauchen wir den? Ich glaube, den brauchen wir. Den brauchen Okay. wir auch, Doch, ja. den hat er noch nicht, ja. Warte mal, der ist so nett, oder? Der ist so grün. Müssen wir den wirklich killen? Ja, ist müssen wir böse. leider. Oh. Wie bei den anderen zwei gerade vorhin. Also da habe ich nicht gesehen, dass die ja vor grün waren. Ich hatte die erst angeklickt, waren rot. Wir sind die Bösen, ne? Sorry. Wir sind halt wirklich die Bösen. Oh, mein Inventar ist voll. Moment. Ja, den müsst ihr looten immer. Also diese Kahns, das sind immer looten, die Edelsteine draus. Weißt du, wo der Eingang ist hier? Links? Ich glaube, wir müssen da oben hoch. wieder Da hoch, zu dieser oder? Schlange da. Ja, okay. Müsste nicht der zweite Kahn hier auch irgendwo sein, oder? Ich weiß auch, ich glaube, das war der zweite, der außen ist. Ich glaube, der nächste wird in der Inni sein. Okay. Und dann haben wir jetzt Wie viele 3 sind oder das 2 zusammen? gemacht. Also sind es 5 insgesamt, dann müsste noch einer vor sein. Nee, Aber das war eine Frage, keine Aussage. Ich glaube 4. Moment, dann. Ich glaube auch nämlich 4. Ja, aber hier und sind wir dann- gerade lang gekommen. Hier kamen wir gerade lang. Ja, aber wir sind Wir sind auch nicht runtergesprungen. runtergesprungen. Ja, genau, okay. Ist richtig. Gut. Hier springen wir nicht. Wusstet ihr übrigens, das habe ich Masa gestern schon erzählt, glaube ich, wusstet ihr, dass der Endboss von Princess, von Endboss von Marauder, die Princess, die hat mit einem, ich weiß nicht wie die heißen, aber halt mit so einem Pferdemensch quasi 5 Kinder gezeugt und diese 5 Kinder sind die Anführer der Kulkan in ganz Azeroth. Aha. Aber aus Liebe, Das ist oder? den Lore Talk, ja, wollte ich euch mal sagen. Das ist die Mutter von den Okay, aber haben die sich geliebt, oder wie kam das? Haben sich also- geliebt, ja, die haben sich Okay. geliebt. Und, Okay. dann, und diese 5 Kinder, die sind halt, aber die haben sich verfeindet und sind dann halt gegeneinander jetzt alle. Aber das sind halt diese 5 großen, also es gibt also in Desolais gibt es ja 3, in Brachland gibt es einen, aber da treffen wir nicht drauf, weil das haben nur die. Once you're inside, skip down die here and Horde? kill the pack in Der front of 5. you. weiß ich ehrlicherweise nicht. By the way, Moment, here's the Wilfried, route ich you'll glaube, be du hast taking vergessen, from den this Elementar side. uns zu looten. Das ist auch eine Quest. Kann das sein, dass er noch glänzt? Oh ja, danke. Keine Ahnung, ne? Wir bauen so 10 Schattensplitter. Naja, ich war gerade so im Talk. Wo die Eingänge. Ah, hier. Hier. Perfekt. Und ich glaube, unter uns trotzdem noch. Also, wir müssen, glaube ich, noch kurz vor dem Eingang diese Steindinger da kaputt hauen, damit wir so 10 von diesen Shards oder Okay. sowas von denen bekommen. Jo, da ist eine andere Wandergruppe gerade. Was? Und theoretisch. Aber wir müssen die Steinelementare töten. Und von uns ist, glaube ich, noch ein Kahn, oder nicht? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja Noch schon, der ein ist unter Kahn uns. außen beim lilanen Bereich gegenüber vom lilanen Eingang auf der mittleren Ebene. Ja. Also ich glaube sogar unter uns ist der. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, glaube ich, hier runtergehen. Ich spring Genau. mal hier runter. Ja, ich glaube, der ist hinten, genau, der spawnt hier, der war ein Altar, theoretisch, glaube ich. Oh, das sieht ja cool aus hier, dieser Unterraum. Wer ist denn der Gute? Ich nenne ihn liebevoll Second Khan. Zack, schöner Name. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ist, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar die 5 Khan 5 Kinder sind. Also es würde ja passen, oder? Das ist Oh, das da ist ist wie er. Bagger Remix. Ah, da ist er. Platz 9. Ich trage den an. 4 Sekunden. Dann sind es dann doch 5 Dinger, oder? Ja, place all 5. Okay, das macht Sinn.
Jetzt der Dann 15 sind das gleich im safe Eingang. die Kinder von ihr. Wow. Die Story ist so krass. Okay, dann gehen wir wieder 10 hoch. von diesen, genau, 9 von diesen komischen Ach so. Steinelementaren, falls wir die Quest machen wollen. Aber Ich bin weiß ja also nicht, wegen wie dem viele von denen hier sind, ne? Town Hall Meeting. Ich weiß nicht, was ihr lieber macht, weil wir Ja, müssen ja sowieso früher gehen. aber Ja, rein, ne? ja. Also geht ihr, kommt ihr noch mal hin? Safe. Für mich die Quest ist grau, aber Ich glaube, also weil das ja vor dem Dungeon ist, auch wenn ihr dann mal einen Prinzessinnen-Run macht, dann könnt ihr ja trotzdem hier noch ein paar umhauen vor dem Dungeon. Ja, safe. Glaub Ich will erstmal so ganz- viel vom Dungeon mitnehmen, wie es geht. Ja. wie auch ist besser. Hä, was sind denn so die später- Strafen, theoretisch? Also Henno hat noch keine Strafen verlangt, aber er hat halt gesagt, jetzt beim letzten Meeting hat er gesagt, so jetzt ist er wirklich, ist ja wirklich blöd, wenn die Leute zwar online sind, aber nicht vor Ort sind. Ich glaube, letztes Mal mussten schon die Leute, also mussten die Leute auch angeln und so. In Hauptmann, glaube ich, war nicht da und war halt auch, musste dann angeln irgendwie. Genau, ja, das eine Stunde genau, oder ja, zwei, das kann keine Ahnung. sein, ja. Und wird aus der Gilde Kann- geworfen. Okay, können wir sonst vielleicht einfach bei einem Hexenmeister anfragen, ob wir da alle hingeportet werden können? Dann hätten wir noch mehr Zeit, ne? Kannst du gerne anfragen, aber es ist meist, also ich kann jetzt schon sagen, den müssen sie es ja vorbereiten, ne? Also in dem Gebiet, wo wir angeln, wird der safe keine Seelenschwitter bekommen. Ja, deswegen müssen wir es vorzeitig. Genau, ja. Hexenmeister ist online, warte mal. Ich check mal ganz kurz. Haben wir es nicht irgendwie Ja, kannst, nach Klasse sortieren, ne? du kannst nach Klasse sortieren, ja. Wer ist online? Es hängt ja dort davon ab, wo das Er halt hat ist, einen ne? Ist, glaub ich, immer noch Strafenkatalog ein Ort angekündigt worden, was ich auch sehr krass finde. Ja, ich glaube, das Problem, Hanno ist krank und ich glaube, Ja. Kevin war im anderen Urlaub. beiden- Ist, glaube ich, wieder Ja, zurück. Er ist gar nicht ja. da? Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder da ist. Ich glaube schon. Oder? Ja, er wird safe da sein, aber ich weiß nicht, ob er wirklich auskuriert, aber er war letztes Mal auch da, hat halt nur sporadisch quasi das gemacht, was er machen musste. Also erstmal Aber- Besserung natürlich. Aber ja, ich glaube schon, dass Henno derjenige ist, der am meisten sich um die Guild-Meetings kümmert. Ja, ich glaube auch. Knieber, du musst noch ein Ding looten hinter dir. Oh, sorry. Ach, alles gut. Henno ist nicht online. Ja, okay, aber er hat ja zwei. Er hat ja so auch zweiten Twitch. Wollen wir dann doch das zu spät kommen Ja, riskieren? ja, Ich Drachen überlege auch. Ich würde aber nicht, ich meine- also ich will schon da sein. Als Anführer der Menschen ich- meinst du, das ist eine gute Idee. Ja. Oh. Nee, also wenn du jemanden findest, der portet, gerne, aber ansonsten Ja, hängt es aber- halt wieder davon ab, wo es halt ist. Ich mach Spaß. Aber wir nicht warten, ob nicht vielleicht das Guild-Meeting dann nicht vielleicht sowieso abgesagt wird, wenn die ganze Guild Ja. nicht da ist? Nein, wir können jetzt Wir gerade sind nicht schon machen, außer da. Ich wollte gerade Ah, sagen, ja. wir machen Ja. jetzt eh so lange weiter, bis Ja, weiß ja. nicht, mit so halb würde ich wahrscheinlich mal gucken, ob das Ort angekündigt ist, halb 8, halb 6. Ey, die Leute hier, ne, können wir das... Nee, und dann Das ist gucken wir krass. einfach, würde ich sagen. Wie sie auf Fangen wir mit dem Wassertempel wie vor sie der unbedingt Info Guild-Meeting skippen. Ja, geil, super. Da wird nur nicht jeder reinkommen, glaube ich. Aber die Idee finde ich gut. Oh Mann. Oder wir machen jetzt das Speedrun. Und dann kommen wir im Wald von Elvin Dungeon spawnen wir. Dann laufen wir vom Wald von Elvin los. Dann ist es vielleicht schneller, je nachdem. Das ist eine gute Idee. Wir können ja anfragen, ob wir vielleicht Wald von Elven das mit Guild-Meeting machen können. Genau, im Startgebiet gerne. wenn Im man Lust hat. Startgebiet wäre cool, ja. Oh, die Stunt Also ich anscheinend als nicht. das kann ich- das kann Menschenkönigin ich nicht, und das natürlich auch als Supporterin der Gildenleitung werde natürlich das melden, dass hier das Town Hall Meeting geskippt werden möchte und Warte, nein, wir Ist sind ja nur ein Späßle am Rande. Ey, also. Würde doch niemand. Oh Mann. Ich bin straffrei. Ich mache Werbung für Casino, so, in-game. Okay. Achso, wir hätten eigentlich Nee, rechts lang ja. laufen können. Aber Okay. das ist der Wichtel hier wieder. Also das mit dem Wichtel müssen wir mal erklären, warum der wieder Das angereist Wichtel ist krass. Der macht mir ein bisschen Angst. Nein, den habe ich Ja, losgeschickt. Den habe ich da hingeschickt. Dafür Aber nicht? wir waren noch nicht Du musst da. ein bisschen der Tank war noch aufpassen, nicht da dass drin, ne? wir... Also, dass Nee, du der nicht nichts ist nur pulst. hingelaufen. Aber Also der als ist erstes muss der voll. Tank immer ran. Und Ja. dann. Also dein Das Wichtel ist wollte immer gerade die Gruppe tanken auf jeden Fall. Also ich sag, mein Wichtel wollte einfach zeigen, wer der krassere Wichtel ist, weil wir fighten ja hier auch gegen irgendwelche komischen XXL-Wichtel. Ja, aber ich mache mir Das ist ein schon Ego-Ding. Sorgen, wenn dein Wichtel einen Boss pult, muss ich sagen. Ja, Das Ding was ist, auch mein schon Wichtel passiert pult ist nicht ist. das Turnier. Ich Ja. bin da, ich bin das. Nochmal, ich bin danke. da. Die 47 Ich werde Monate. Thank you fokussiert so much, Dormo. Wie geht's?
Vor Ist allem ja auch beim zu deiner Wichsen- Sicherheit, Sonntag? weil wenn du die Ja. Akku hast, dann klatscht er halt Ja. dich dann. Also, Das ist okay. Kiba pullt einfach die ganze Zeit vor Packs. Und dein Boss. Richtig gut. Nicht der Assi. Kann man einen Antrag stellen? Auf Gilden-Meeting-Verschiebung oder sowas? Ich denke, Alles, glaube ich. ja, also Sind wir eigentlich ich lang glaube hier? auch, dass Hier unten war das Ja. richtig. ich Ja, glaube auch, unten, dass knapp 300 Leute gerne das Meeting verschieben, weil wir 5 Ja. gar nicht beenden Ne, wollen. wir können Also sagen, du wir haben kannst- etwas Wichtiges. Also wir müssen es halt Ja. gut begründen, ne? Ja, und wir streamen ja auch nicht alle und man sieht ja nicht, was wir alle machen. Ja, Aber wir ja. können es natürlich versuchen. Und warte, wir haben doch irgendwelche Pilze Mello, damit für Tränke. danke für die 2 Monate. Dankeschön. Ja, Das ist ja. sehr das ist eine wichtig gute für die Idee. Gilde. Ja. Zum Beispiel. Das kann man natürlich. Warum kann ich das nicht casten mit Concentration Aura? Oh Mann, wie dumm das ist. Einmal, Wrath. Ich würde so viel Damage machen. Das sind alles Dämonen. Aber Also nö. potenziell können die Mobs hier einen stunnen. Wenn sie den Tank stunnen, verliert der Tank kurzzeitig Aggro. Aha. Just in case. Könnte sein, dass Auch so ein die Leute richtiges zu euch geiles laufen. Classic-Ding, muss ich sagen. Ja, so Tank-Stun und Tank-Sleepen. Ja. Ist auch immer richtig gut. Ja, und alle so, und die Mobs denken sich so, ach nö, der ist eh schon gestunt, dann geht er einfach auf den anderen. Ja. Hinter uns noch einer, pass auf, das ist unsichtbar. Da kommt auch ein Baum hinter uns. Jo. Oh, ich laufe mal ein bisschen den zu an. euch. Nicht, dass der Akku. Den nehmen wir mit. Okay. Hier besteht gerade nur die Gefahr, dass man ja links, rechts die Gruppen gleichzeitig irgendwie brüllt, dann ist es manchmal ein bisschen doof. Ja, ich bin lowest Level, ne? Ja, die Also, beiden also sind, wenn, glaub es ich, nur, gleich. wenn man aus Versehen die falschen Gruppen angreift, dann wird es ein bisschen doof, aber so. so vom Level her soll es eigentlich passen. Guck mal, die hätten die auch noch gedroppt, die Schnitzereien. Sehe ich gerade. Aber war jetzt kein Waste. Die was? Schnitzer? Achso. Die haben wir alle Aber schon. Schattensplitter haben wir noch nicht alle, oder? Nee, es geht Sie doch nur draußen. draußen. Ah, Ja, die ist, nee, die ist vorbei. Also mir ist ein Geisterpilz vorne. Oh yes. Ich bin im Stun. Okay, jetzt wieder. Hier unten ist einer und da. Wo ist jemand? Unter uns links ist ein Geisterpilz, auf den ich irgendwie liebevoll blicke, aber egal. oh. Oh, ich habe halt kein Mana mehr. Ich muss dann. Ah, nee, warte mal, ich will Adelas. Alles gut. Bin voll fein. Da war ja was. Ja. Jetzt kurz ein bisschen trinken. Ich bin Ich dachte schon auch, ich muss trinken, aber muss ich ja gar nicht. Ich hätte auch gerne Adalas. So als Tank. Ja, du musst Boah, nur ich dem denke Healer mehr Arbeit verschaffen. Stimmt, ist das Einzige, der soll ich einzige das dann Aufgabe. vorher callen, immer wenn ich Adalas jetzt benutze? Nee, alles gut. Ich sehe. Also, du solltest auf jeden Fall bitte nicht machen, wenn du um die 50% Leben bist. Ja, nee, klar. Ansonsten Warum nicht? sehe ich aber, wenn du Schaden anlegst. Ja, ich will auch mal gucken, ob es dann wieder Also, gut ist. So. Genau, Ich will ja. auch mal Limit ist. Ich gerne auch 50% Adalas zünden. Warte mal, kann ich mich damit killen eigentlich? Wenn ich das Ja, aus Versehen ich glaube so in oft Classic gespammt habe? ja. Ich kann mich damit killen? Sicher? Ich Also weiß es in nicht, aber ich will es Retail nicht aber probieren. Ich glaube, in Classic würde es gehen. Oh mein Gott, okay, ich werde so aufpassen. Ich Weil muss ich das würde wenn auch wieder. nur sagen, dass es in Classic geht, weil es Classic ist. Aber ich weiß es.
Bei Retail geht's auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Weil da habe ich einen Hexenmeister gespielt. Aber mit Höllenfeuer kann ich mich Cage scheinbar. Aber das habe ich eh nicht gebindet. War mir zu komisch. Was ist denn Höllenfeuer? Ja, Ach so, du verbrennst dass du schneller alles um dich läufst. herum. Nein, Höllenfeuer ist, du verbrennst alles um dich herum, aber auch dich selber. Ach so, okay, ja. Okay. Und das Es dachte ich gibt- mir, das es- ist der Useless. Also, Weil es gibt auch, in Retail hast du so dass du deine Füße brennen, dann bist du schneller als Hexenmeister. Damit kannst du dich... ich weiß nicht. der krank, das ist der Selbstverletzung. Stimmt, bei Adalas geht das nicht, weil damit du Adalas machen kannst, steht da ja bestimmt, das kostet ja Leben, ne? Also steht ja auf der Fähigkeit X Leben, Ja, oder? aber es kann ja genau dann auf 0 gehen, oder nicht? Wenn ich genau... Nee, kann nicht. Nee, das nicht. Weil, also dadurch, dass es eine Ressource ist, die du verbrauchen musst, geht das nicht, weil er sagt einfach, geht nicht wie Mana. Ah, das macht Sinn, Okay, ja. check. Aber bei Hellfire wahrscheinlich steht es halt nicht. Da steht dann einfach nur so und so viel Verbrennst Schaden. dich, genau. Ja, machst du weiter. Genau, deswegen ist es wahrscheinlich so. Ah, hier ist noch ein Kahn. Der letzte, oder? Das ist der letzte, ja. Okay. Oh. Soll ich ihn triggern? Ja, ich Noch? bin den Map noch dazu. Leicht bei mir bei der Ah, okay, dann Seite pullen da. wir jetzt. Ah, so, ich habe jetzt auch Okay. gepullt, aber ist egal. Ich Das denke schaffen wir mit, schon. Ja, Okay. Ja. Ich mach geben wir das AOE. auch. Ja, lief gut. Läuft eigentlich gut. Können wir eigentlich jedes Mal so machen, so große Puls. Big Pull. Perfekt. Ich muss Ich Mana. vergessen, den Kahn zu looten. Genau, der linke hier. Der da. Das ist der letzte. Jetzt könnt ihr auf irgendeinen eurer Diamanten in der Tasche draufdrücken. Dann vereinen die sich alle. Habt ihr ein bisschen mehr Platz. Ah, toll. Oh, stark. Wichtig. Und ein Bäumchen gleich. Oh, direkt viel mehr Platz. Welche Taschengrößen habt ihr gerade alle so? Also wie viel, 2 sogar. Ich 2 14er, 2 12er. Ich habe eine Warum ich Nagelhülle, nicht 3 14er Französisch spreche? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch eine Eigentlich bekommen. was Nee. krasseres? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Was krasses als 14er und das 14er so mehr. Also, Noch bessere. meine Eltern haben sich kennengelernt. Ich glaube 18, das ist Aber die kann man die höchste Stufe. An einem Einen kann man schönen durchcraften, der ist aber sehr, sehr teuer. Sommertag. Und den anderen kriegt man, wenn man Onyxia zum Beispiel tötet. Und Ah, ja, ein oder stimmt. 2 Taschen. die kamen beide aus Südtirol, haben Deutsch Ja, stimmt, bei geredet den Piraten habe ich. Ich glaub, und so eine gibt es noch in Zilgurup. zum Italienisch Beispiel, und das Englisch. Auch, glaube ich, 18er. Und leider hat Französisch da nicht so reingepasst. Okay, aber 18er ist so das krasseste dann dann, wurde ich oder? Es gibt geboren. keine 20er Epic-Tasche Und die haben mir oder dann so. einfach Deutsch und Italienisch gelernt. Also es gibt auf jeden Fall leider in kein höheren Französisch. in späteren WoWs gibt es immer höhere Und Taschen, dann, glaub ich. als ich aufgewachsen bin, dachte ich so, Französisch, nö. Zum Beispiel in TBC weiß ich, ist die beste Das Tasche lerne das ich nicht. schwarze Loch, glaube ich. Heißt das? Okay. Es gab eine runterspringen? Tasche von, wie heißt denn die hier, von diesem einen bekannten Schneider, Harris Pilton? genau, da wurde einfach der Name, die Anfangsbuchstaben Springt man hier getauscht. runter? Oder? Ah, nein, man, Runter und dann hoch auf der anderen Seite rechts in der Bus. Ach so, meinst du? Nee, aber wir müssen gleich Oh, kurz runter das und sind hoch. doch richtig viele hier, ja. Also da drüben ist der Bus. Bei Sternen in der Richtung. ah, okay, also man geht hier einfach wieder hoch. Jo, genau. Hallo, hallo. Die Olle gerade hinter uns. Ja, ja. Okay. Nee, hat sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht Die Pets sind außer Rand und Spannend Band auf hier. jeden Fall hier. Nein, hat niemand angegriffen. Das stimmt, das stimmt. Sie wurde geschnuppert. Pets, ich sag, die Pets wollen halt nicht zum Gildenmeeting. Das sind hier. Ich hab selber gerade gewundert, warum sie da nicht. Ich bräuchte gleich nochmal einen Priesterbuff. Ich glaube, wir alle sogar. Ja, ja. Einfach in der Ist Schule vom nicht Boss- aufgepasst. vom Boss auf jeden Fall. Ja, Oh, sorry. wollte aber nicht Französisch lernen.
Ich konnte das mal und habe das dann bewusst verlernt. Ich konnte mal flüssig Französisch sprechen. Und dachte Ist das so, schon der Boss? nee, Nee, was ist da rechts drin? gefällt mir muss erst nicht. die Gruppe spielen, dann noch 2 Unsichtbare hier vorne. Okay, ja. Okay, dann machen wir erst die Gruppe und dann buff ich durch einmal. Dachte so, nee, du Fiköre? Mach ich nicht. Ich hab auch so einen Tab gedrückt, glaube ich. Ja. Okay, dann buff ich schon mal durch. Ich glaube, der Boss hat irgendwie so 2 Ads. Und der macht man, also der blinkt manchmal so, der ist unsichtbar und kommt dann irgendwann das wieder. Aber sonst macht er nicht viel, glaube ich, oder? Jo, Kann ich aber einen Heal ich noch würd die haben? 2 vorher noch töten. Ja, alles gut. Ich bitte noch nicht losgehen. Ich bin noch nicht mit dem Waffen Also, fertig. ja. Und, Ich würd's nur anmelden. Ich sag, ich sag, sobald ich alle durchgebufft habe und Ja. genug Mana habe, dann können wir los. Dann sag ich nochmal Bescheid. Die Schritte kannst du hier unten nachgucken, die sind hier. Ich bin mit 40 Mana reingegangen und ich trinke legit, glaube ich, nur, wenn ich buffe. Also 1, 2 vielleicht nochmal dazwischen, aber Ich habe kein Ziel. Ich laufe einfach, solange ich Bock habe. Ziel gibt's irgendwie keins. Also die 2 Ads hier kann man, also die 2 Ads können wir zuerst töten und danach Ja. sind noch 2 Ads Übung. links und rechts im Raum, die dann noch gleich dazukommen werden. So glaube ich auch zuerst die Ads wahrscheinlich töten. Heute war ich ja schon rot und ich bin ja schon berghoch gelaufen heute. Ich habe heute bestimmt so einmal schon jetzt für mein Gefühl für den Run. Gibt's hier 15.000 so Safe Schritt, wahrscheinlich Spots, wenn 20.000. irgendwas schief läuft oder Okay, vielleicht nicht Pult 20. oder sowas? Ja, vielleicht Im schon. Raum hier zum Weiß nicht. Beispiel? Oder rennt man einfach? Es gibt bestimmt welche, aber die kenne ich gerade auch nicht. Okay, Man es kann sagen, geht dass sogar los? selbst diese Lampe hier. Ich will aber den Boss machen, ja? Also nicht die Ads. ja, okay. Okay. Perfekt. Dank. Oh. Oh, Wow. plus 4? Hab ich ja noch nie Shit, gesehen. die sind ja richtig OP. Hab ich super geil plus hier, Oh, oder? plus 4 ist krass. Den müsst ihr looten hier, den Boss. Maluna wird hier wieder. Ich freu mich. Irgendwie das Gefühl, jeder Dungeon ist so ein Jäger-Dungeon, kann es sein? plus 4. Krass. Ja, das ist schon cool. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, was dir das bringt. Das heißt einfach nur, du hast Bogen plus 4 Skill, oder was? Ja, ich spiele halt gerade Pistole, Schusswaffe, aber ja, das ja. ist gut. Das ist trotzdem gut. Da kann ich auf. Aber was bringt der Bogenskill? Ist es denn, dass du erhöhten Crit-Chance hast? Oder was macht der Bogenskill allgemein? Das ist einfach ein Waffenskill, ja. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ob du nur mehr Damage bekommst oder auch sonst, aber... Bei Verteidigung zum Beispiel ist es ja, du kriegst weniger Crits und so, ne? Genau, ja. Trefferchance, meine Nice. Leute. Ist es nur Trefferchance? Oder auch... Doch, Ja. Damage doch auch, oder nicht? Wenn man mit einer ganz ungeskillten Waffe trifft, dann macht das ja ultra wenig Damage. Ja, das stimmt, ja. Also auf jeden Fall, also die Trefferchance ist übersetzt extrem viel Schaden. Also Trefferchancen sind extrem guter Stat, mit der Beste eigentlich. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel diese Level 46. Achtung, aber hier das die sind grünen diese wieder. Blobs. Da müsst ihr ein bisschen AOE reinmachen. Da waren's Ach, dann die! ein bisschen. Oh, okay. Ach, das sind wieder viele. Oh, ich finde so süß, wie du die Blobs von uns wegkitest. Oh Mann. Du musst dich selber nicht kiten. Kalte im Kreis, damit die mal an der Weihe stehen. Die sind gleich verwirrt, glaube ich.
Den müssen wir, glaube ich, nicht holen. Ist auch ein Pilz. Es sind noch ein paar Blobs hier. Sehe ich schon Ambient Sounds hier? Man hört den warte mal, Maluna. Ah, okay. Kurz weg. Tschüss, dass du ein DC hast. Wieso? Ja? Maluna war gerade aus dem Discord raus. Achtung, hinter uns, dass wir den nicht pullen, ne? Nicht so weit nach hinten laufen. Also Ich an war den aus dem Rand, meine ich. Discord raus? Du warst bei mir aus dem Discord raus, ja. Hm. Oh. Hab's auch gehört. Guter Call. Nee, das ist ja krass. Achtung, hinter euch links sind noch Mobs, ja? Ja. Ja. Ich drehe das einmal Oh, um. ja, okay, die greifen voran. Heulilei. Oh nein, Kivas, Oh, actually gut. Kivas Pass auf, Ding jetzt- ist gestorben. Nein, mein Sticklots! Okay, warte. Ich muss ihn wiederbeleben. Kannst du die zuerst töten, bevor du die wiederbelebst? Weil wir können einfach keinen Schaden machen an denen. Ui. Okay. Jetzt bin ich genug gelaufen. Das war's. I'm done walking for today, Kuros. I think. Ich muss eben trinken. Mhm. Vielleicht können wir das sogar noch schaffen. Mit dem Ja, und dem Speedrun. Endboss. Also Ohne ich mache einfach ganz Speedrun. normal weiter, Ja, wie ich halt sonst machen würde. Und Ja, wenn wir ja. es schaffen, dann schaffen wir es. Sonst halt nicht. Okay. Genau. Ja. Finde ich gut. Aber links von der Minimap sieht man schon diesen blauen Bereich und das ist der letzte Bereich, ab dem die Princess Runs, nach denen immer gesucht wird, beginnen. Du kannst einfach reingehen hier, dass du quasi das meiste skippst oder was? Weil es da noch einen Eingang gibt oder so? Oder läufst du denn trotzdem bis dahin? Nee, man läuft nicht. Man links, wo wir gleich hingehen, da ist es gleich so ein Boss, den wir töten und der gibt uns so ein Zepter. Und mit dem Zepter kann man dann vor der Instanz ein Portal erstellen und dann wird man hier hingeportet. Oh, okay. Also das ist mit Absicht so einfach, dass man Princess mehrmals machen kann, oder wie? Genau, Ja. ja. Hier links lang, oder? So links um die Ecke, oder wie ging Ich das? würde auch links und den Wasserfall runterspringen. Okay, ja. Wie viele Bosse sind jetzt noch? 5, 6. Ich weiß nicht, aber schon 5, viel. 6 Bosse! Ja, ist Also klar. wir haben Na jetzt gut, gleich so dann. den Zepter-Typen, danach haben wir so einen komischen Steingolem, danach die Princess, danach ein Krokodil und danach ein kleiner Goblin. Achso, Princess ist nicht mal letzt. Okay. Nee, also eigentlich ist der letzte, aber danach gibt es noch so Zusatzbosse danach. Ah ja, okay. Direkt Gut. unter Princess ist so ein Krokodil, das Oh, da hinter uns wurde rumschwimmt. geaddet. Sorry. Ich hab Level Range gefunden. Ja, Stunde schaffen wir nicht. So mit dem Port eventuell. Dann springen wir jetzt einfach runter. Die Pads müsst ihr jetzt wegmachen. Ich habe die schon die ganze Zeit immer weggemacht. Wie möchtest du? Aber ich glaube, ist das nicht egal jetzt, wenn das in einer anderen Phase ist? Ja, Was ich glaube ist- beim das aber weiß er ich kommt, glaube ich, nicht. nicht runter. Glaube ich. Oh mein Gott. Achso, wann soll ich den wiederholen? Oder erstmal töten? Kannst Das- du das wiederholen wird's jetzt, so. ja. Okay. Wir laufen jetzt einfach hier lang, oder? Jo, Oder- das okay. hat er klassen. Jo. Und da kommt der nächste Boss schon.
Hast du von rechts die Gruppe kurz spielen für den? Nee, egal. Ja, schöne Pilz da. Der kann auch nicht so viel, oder? Ich pull den einfach. Nee, ich glaube, es waren nur noch mehr solche komischen Bäume. Okay. Aber Full Damage auf dem Boss, ja. Also Ja, nicht, dass will ich's ich machen auch, muss, ja. aber- Ja. Oh, Freunde, was soll das? Wieso ist alles Leder? 25 Intelligenz! Ah, das ist schon Mann, viel. warum kann das... Ich will das für Wow. Stoff haben. Kann ich das als Stoffi trotzdem tragen irgendwie? Nein, Nein. kannst du leider Kann ich nicht. Lederspecken oder so? Vielleicht kannst du ja beim Schneider fragen, ob er dir das umwandelt. Geht das? Von Leder Ich zu will Stoff. Bild- Einmal umschneidern, bitte. Ich kann dir eine Quest Umschneidern. abgeben, glaube ich. Oder muss ich bei dem irgendwas machen? Der Ja, zeigt ja, mir Stimmt, mit die dem Quest. kannst du reden, genau. Ihr läuft jetzt darüber und dann, das ist jetzt die Quest, wo wir das Zepter bekommen. Ah, stimmt. okay. Da kann man einen coolen Trick machen, dass wir mehrere gleichzeitig irgendwie die Quest jetzt machen können, aber der läuft jetzt immer wieder, dann machst du ein komisches Ritual und dann musst du darauf rumdrücken. Das ist manchmal ein bisschen doof. Gib mal alle die Quest erstmal ab, bevor das nächste passiert. Muss man bitte ziehen wir mehr über Mauradon oder dann das Zepter von Celebras mit S? Geschrieben, Genau, also die warum Quest auch immer. abgeben einfach. Dann Okay. muss man halt die Quest annehmen. Irgendjemand macht das, also Ich Das mach ist mal. mir- mach du mal. Achso, wir machen Start ist an, Ja. perfekt. Aber nur, nee, dann kriegen alle den Zepter, oder? Das kriegen sowieso gleich alle. Es kann nur sein, dass es Okay. manche jetzt halt dieses Event verkackt, dann müssen wir es jetzt noch zweimal machen oder sowas, 2, 3 Mal. Okay. Jetzt macht der hier Zauber und gleich müssen wir auf das Buch hier drücken. Können wir Das war jetzt schon. einfach direkt, also jetzt mal gehen wir drauf. direkt zur Prinzessin, ne? Müssen wir aber noch mal raus? da ist Warte so ein mal. Buch auf dem. It's pretty straightforward from rogue. You Cool, die Was weiß ich, wenn recommends es einer macht. you Ja, ja, es reicht, glaube ich, wenn einer das Make macht. sure you loot the quest item celebrities or creeping sludge Warum at sagt the der right. Zepter mit S? Beginning Das of the ist irgendwie, route das in tiltet that- mich. Find the fan at the start of the orange entrance. He's a druid type a walk teleportation Ayo. scepter. And yes, Das ist he will abgeschlossen. perform this long ass Ayo. RP for every Da freue single ich mich nachher party schon wieder member drauf, who muss ich needs the sagen. scepter. Buckle up. Ich habe aber mit Katze. Once you're Ja. all done with your business with Celebras, just follow the path cool. straight ahead and Alles jump klar. Kann er down was the huge abgeben? waterfall. Ja, ja, Ja. das Kann ist ich das alle. Zepter. Wir können alle abgeben, perfekt. Das ist sehr cool. Oh, you're still around? That means you're still alive then. Und auch keinen Good Ort, by the job. way. Ich gucke immer parallel. The lush green environment with its signature ist der Ort, moss wo and man ferns gut clinging to als, cavernous formations Schamane tell die you that Gruppe you're trollen at kann und Leute Earthsong umbringen Falls. kann. Wir müssen jetzt Wie? nämlich The den next Wasserfall 4 runterspringen. bosses from Und this wenn point Schamanen können onwards so einen being Zauber on the machen, dass man core auf of Wasser Princess wandeln kann, Runs, also dass man auf often Wasser seen laufen in kann. Elef. Dann wird aber auch Wasserstein hart. Und wenn man jetzt hier runterspringt, dann kann man dadurch sterben. Nein. Aber wir haben keinen Schamanen in der Gruppe, deswegen sollte sie Halt wieder wahrscheinlich schon, wegmachen? aber Ich glaube ja, oder? das war, ja. Okay. Ich traue mich Was nicht zu zum springen, ich Ja. vertraue euch, aber... Oh Gott. Wir haben keine Schamanen in der Ja, Gruppe. Schamane gibt es auf der Hortenseite. Guck Die sind alle mal, anders. Iva, guck mal hier nach oben. Wenn Ja? du's, wenn, Ich Siehst bin du den Himmel? geblendet. Ich Oh, sehe ich Ich gar wollte gerade nichts. sagen, ich Ah, kann da gar ist nicht der nach oben Himmel, gehen oh. gucken. Seht ihr Weil das? ich sehe nur Wasser, Oha. nee. Ich sehe gar nichts. wenn ihr Vom vielleicht hier Rand näher sind dann- rankommt, Ah dann könnt ihr von hier ja, gucken. cool. Ich kann mal... Oh, das wusste ich gar Von nicht. hier. Cool. Hier nach oben gucken. Oh, wow. Lol, die sind Oh, draußen. das ist Ja, cool. das wusste ich auch Ja. nicht. Cool. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen hier. Geradeaus. Geradeaus. Okay. Nur aufpassen, dass die Hydras die kicken und die kicken potenziell dann zu den anderen Mobs. Ah, okay. Mhm. Oh, warte. Ja, die kicken ihn weg. Also nur im Video-Range kicken die, aber. Ich Ja, hoffe nur ja. nach vorne. Mal gucken. Jetzt kommen wir gleich zur Prinzessin. Uff. Ich kann halt einmal den Ding babbeln. Das Ding ist halt wegen 4, weil Druide kommt nicht aus dem 4 raus, ich auch nicht. Hallo? Hi. Hallo? Okay, ich war, glaube ich, kurz weg in Discord. Hier Geradeaus, lang? da müssen wir gar nicht lang. Ah, okay. Da, Ah, ich sehe es. Wo links ist der Eingang. Wo das Gildenmeeting ist, würde in Ankündigung stehen, oder? Eigentlich schon, die ja. haben die haben noch nichts geschrieben. Ja, aber Ich guck sag es mal, halt aus. wie soll man denn überhaupt Ja. rechtzeitig bis 18 Uhr da sein, wenn man es jetzt immer noch nicht weiß, wo das ist? Ja, das ist eigentlich schon komisch, Ja, dass sie das true. nicht sagen. Ja.
Ja, vielleicht Also hier müsst ihr steigt es aufpassen. halt wirklich aus. Das wär krass. Abstand von den Dingern. Die Dinger können silenzen. Deswegen auch am besten nicht Agro pullen als Range und den zum Heiler ziehen. Und in dem Abteil kommen sehr viele Patrouillen. Dass man öfter mal dann ein bisschen die Patrouille dazukommt und da ist die Gruppe etwas größer. Wie kann ich denn als Damage-Dealer aufpassen, dass ich keine Aggro ziehe? Wenig Schaden machen. Ganz kurz, Nagura, für dich ist blöd, wenn du gesilenced bist, ne? Also dich soll ich befüllen? Na, es geht eigentlich. Okay, Aggression? Musst du nicht Nee, unbedingt. ich brauch's nicht. Okay, alles klar. Okay, gut, ich mache immer wenig Schaden. Ich werde keine... Sonst call ich das einfach, wenn ich irgendwas casten muss oder so. Ja. Also ich werde dich wahrscheinlich eh mal silenzen, wenn ich genug Mana habe und ich denke, dass ich das easy machen kann, aber nur damit ich weiß, ob du irgendwie beeinträchtigt bist. Ja. In dem Bereich kommt die erste Patrouille, also eine Steinpatrouille mit so kleinen Die kommen jetzt auch Ja, gleich. Da vorne kommt sie schon, ja. Wir nehmen die einfach mit, würde ich sagen. Aber passt auf wegen dem Silence, weil ich laufe jetzt ein bisschen zurück, okay? Mein Sigurd steht mittendrin. Generell, also wenn man weiß, jetzt kommen andere Mobs und die werden gleich gepullt, dann wäre es Ja. immer am besten, wenn man kurz, also wenn ihr irgendwie AOE macht oder so, dass ihr halt kurz wartet. Weil sonst kriegt die direkt ich hab's Aggro, wenn die dann vergessen. reinlaufen zu mir. Ja, okay, sorry. Kein Problem, alles gut. Wir sind noch in 15% Mana. Ja, passt. Ist jetzt zu Ende. Alles Ich glaube, gut, das ist irgendwie jetzt. so ein AOE-Farmender Mage. Trinke. Ja. Haben die hier diese Steine? Nee, ne? Nee, schade, hätte sein können. Wir haben auch Innerwelt eventuell als Anregen vom Druiden, wenn du das mal brauchst. Ja. Ah ja, gut zu wissen, stimmt. Ja, ich schreie. Ich habe auch immer deinen Mana im linken Augenwinkel. Aber ich auch gerne auf Ja, den ich sage Schrein. immer so ab 20% an, aber ich weiß ja zum Beispiel beim Boss jetzt nicht, okay, wir fighten da jetzt noch 20 Minuten. Oder, also, ihr wisst, was ich meine? Deswegen, aber ja, alles klar. Bin ready. Ja. Sorry. Wie geht, also wenn nur die gefiert werden, Aggro-Reset bekommen. Ja, man will natürlich nicht, dass der Heiler gefiert wird, aber irgendwie vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Wie wär's denn dann, wenn unser Druide dann einfach sich wegstellt? Also ich kann den Boss tanken und unser Druide kann sich wegstellen. Und dann, wenn Aber die ich gefiert Patrouillen werde, bei dann uns kann der nicht. Druide ja taunten. ist ein Das wäre großer eigentlich eine Steingolem gute und Idee, eine oder? kleine Steinpatrouillen hat. Und dann, wenn ich aus dem 4 rauskomme, dann kann ich den Aggro wieder nehmen. Und dann kann er wieder weggehen. Das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Hier kommt noch eine Pat, meinst du? Ich glaube, die kommen nicht hier runter, die ist über uns. Ah, okay. Ich glaube, die Stadtblei, die ist mit Stern markiert oben hinter uns links, aber ich glaube, die kommen nicht bis hierhin. Nee, wir haben nicht 4 Ward. Unser Priester ist kein Zwerg. Jetzt die richtige Halbmusik. Ja, die Pat kommt nicht, die geht wieder über die Brücke. Okay. Okay, die geht wieder hoch. Also ich würde hier den einen Mob gleich pullen. Der macht auch so einen Stun. Ich glaube, das Ist ist der aber... Boss? Nee, nee. Oder? Okay, das sieht so krass aus irgendwie. Nee. Aber so sieht auch die Mutter aus. Nee. Oh, Anders. Ah, die warte. Mutter. Prinzessin. Die Mama. Warte, ist Prinzessin nicht Schwein? Oder bin ich jetzt, ist es nicht Schwein? Nein, ja, es gibt auch eine Prinzessin als Schwein, aber die heißt auch Prinzessin. Ich war auch ehrlicherweise okay. ganz kurz Prinzessin. verwirrt, als die Leute mal gesagt Ja. haben, Princess Run. Ich dachte so, verarscht ihr gerade Leute, die Hilfe brauchen Oh Mann. bei Princess? Aber nee, der Boss hier heißt ja. Aber.
Ist wirklich so, okay. Check. Mhm. Nicht, dass das wäre dann so ein Riesenschwein hier drin. Aber ich bin ja auch noch nicht gelaufen. Na, hier ist auch so ein Schwein. Doch, doch. Ach, das ist auch so ein Riesenschwein dann. Da gibt es so eine riesen Ich würde den auch Das schnell ist die, die uns pullen. totkrittet. Aber ich pull den ein bisschen Oh. zurück. Stein, nicht Schwein, ne? Oh, ein Schwein gibt's auch hier. Diesen Schweinfrau. Aber das ist nicht die Prinzessin dann, oder? Doch, Oder ist doch. das Warte die Prinzessin? Das ist die, stimmt, die ist Nein, eine da kommt Schweinfrau. wahrscheinlich Jetzt Ja. kommen beide Pats Ja. hier runter. Aber ich glaube, also einfach den fokussen jetzt, diesen Mob, den wir fighten. Die kommen eh ganz langsam. Die anderen würde ich nicht zusammenpullen. Also jetzt gehen wir jetzt zurück. Ich würde den Stein, also die Pat, das sind beides Steine, aber diesen Wächter würde ich jetzt separat pullen von den anderen. Ich warte auch, bis die Die Steine runterkommen. laufen auf die Brücke drauf. Die Ja, laufen ja. bis auf die Brücke. Dann fighten wir die da. Was können die nochmal? Die machen irgendwie... Ach, den Knock, den Stun, okay. Ich glaube, die splitten sich, oder? Kann sein, Ich vielleicht, weiß wenn man den nicht. großen tötet, kommt der kleine raus wieder. Da steht Terra drin, Steinling beschwören. Also ich glaube, das splittet sich, ja. Okay. Oder also auf jeden Fall beschwert der neue. Ja. Das Schwein ist doch ein Hügel, oder? Leute, die den Ring droppt, ist doch ein Schwein, oder bin ich jetzt komplett lost? Ich glaube, der Endboss hier ist eine Steinfrau, aber kein Schwein. Das ist kein Schwein, nein. Aber das sehen wir gleich. Das sehen ja. Du bist eine richtig schöne Prinzessin, ist das. Ich glaube auch, Keine das ist Spoiler. gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist auch die Tochter der Stein-Elementarherrin. Glaube ich. Also es gibt ja 4 Elemente in Azeroth. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und ich glaube, sie ist die Tochter der Königin der Erde, Erdstein-Schöpfe, glaube ich. Kann ich den Leben entziehen? Warte mal. Ja, geht. Cool. Ja, ist ein Riese, ja. Achso, weil der so steinig aussieht. Aber eigentlich Stein kann ich den Leben entziehen. Ja, aber es ist halt die Klasse Riese, deswegen glaube ich, geht das. Ah, Ungetüm. Ungetüm. Wir töten jetzt auch gleich den Papa von denen. Das ist auch noch ein größerer Steinriese. Okay, jetzt haben wir jetzt 2, aber sollte kein Problem sein. Den linken zuerst. Aber ich darf alle dotten, oder? Ja. Okay. Links steht der Papa schon drin. Oh, warte, wieso ist denn Sichtweite? Ah, das ist Erdrutsch, okay. Ihr müsst wohl auch einen Agro-Reset haben, der Lensleiter, wenn der alle so stunt. Also dann würde ich wahrscheinlich auch wieder reinspotten. Ja. Machen wir es so. Und der macht schon mal so einen Stun, glaube ich. Also einfach ein bisschen wegbleiben. Das Stun, der spawnt dabei so kleine Ads, so kleine Steinchen spawnt er da noch. Okay, ich gehe mal rein. Ich habe nochmal nachgelesen. Also die ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die Tochter der Steinmutter Terrasan. Hallo. Na gut. Muss ich etwas Abstand halten zu dem. Okay, wo ich stelle mich da? Ja, das passt super. Okay. Okay, ich bin gestunt, aber er schlägt mich trotzdem noch. Ach so, Ich das bin haben auch die alle. gestunt. Ja, ich Stimmt, hätte Sind alle Leck. gestunt. stimmt, ja, das ist so ein Event. Und die Ads Stimmt. kommen gerade. Genau, ich erinnere mich wieder, ja. Okay, bin genockt. Jetzt oder Agro-Reset, jetzt habe Oh, wo ich soll ich den Bär. die? Den Bär.
Brandwind-Cooldown kommt gleich wieder. Passt. Oh, stark. Ja, nix. Och Mann, Leute. Mann, also jetzt warum gibt's keinen ein Stoff. Stoffi-Sach? Ja. Du hast schon was bekommen, Kiba. Also, Mann, ich will mehr, wir wollen ich will mehr. Ich darf mich beschweren noch. Nein, ich auch. Ich will auch. Ist nicht besser, glaube ich, ne? Weil, das ist ja 14 Angriffskraft mehr. Und 14 Angriffskraft ist ja einfach nur 7 Stärke. Ja, Also wenn runterfallen langsam ist nicht das das abgezogen. Stärke Stärke drauf. dann Zum will Ball. Ich springe. Okay. ich habe ein Bedürfnis. Soll ganz schnell Okay. stumm werden, dann direkt nebenan. Ja. Die Handschuhe sind gut, finde ich. Echt? Hier kommt jetzt in eine Pad wieder, so eine Steinpad. Oh nee, Und da ich muss kommt die lang. ich muss die kurz holen. Warte mal kurz. Ja, ich mit hatte keine 28 Platz. Angriffskraft, ne? Schon stark, ja. Warte Die doch, haben wir Milch, gestern ich, gelernt. 14 Beweglichkeit. Ich muss kurz die Handschuhe holen, ich hatte keinen Platz. Ja, wir warten kurz. Okay. Ist immer noch nichts angekündigt. Immer Ja, noch komisch. Nicht. Aber wie sollen wir das schaffen? Ist denn überhaupt irgendwer Hat hier? Weil schon jemand normalerweise. gefragt? Ich weiß. Warte. Also ich frag mal, ist heute Guild-Meeting? Sicher, dass du das jetzt schon fragen willst? Ja, das schreiben die halt. Also schreiben die in der Gilde die Er ganze hat ja Zeit heute schon. Meeting Nee, frag eigentlich, mal nicht. gab bisher keine Infos. Kalender sagt ja. Okay, das Ich haben frag die mal, heute schon gefragt. Wo findet es heute... Aber Kalender ist doch ein durchgehender, also das passen die ja nicht jedes Mal an. Das ist immer Sonntag quasi. Aber steht da wo Im im Kalender? Nee. Also, okay. Das steht hab mal einfach nur. gefragt. Deswegen, der Ich ist ja spule das hier in der ist einfach nur Zwischenzeit. dauerhaft eingetragen. Ja. Kurz nach der Pad. Okay, Nagura, du bist ja quasi auch Guildenleitung, ne? Kannst du nicht sagen, dass wir das Guild-Meeting heute hier in diesem Dungeon machen? Das ist krass. Als Ort über dieser Dungeon? Okay, also dreimal hintereinander Silence. Ja, die machen das alles so ein bisschen nervig. Oh, scheinbar kein Meeting. Echt? Let's go! Wer hat das gesagt? Wusch. Also es stand Wie in meinem machst du Chat, geschrieben? aber dem meinem Chat würde ich jetzt nichts trauen, ja. Also. Nee, hat doch, Wenn Kiba du hat das doch mit jemandem also- geschrieben, oder? Kiba, hast du nicht mit jemandem Nee, geschrieben? da hat noch niemanden geantwortet. Achso, okay. Ja, Chat würde ich. Nee, dem meinem Chat würde ich jetzt trauen. wirklich nicht trauen. Mann. 5 Minuten brauchen wir nochmal ein Okay, Bad. aber wir hätten eine Begründung, warum wir nicht da waren, weil... Wer hat das geschrieben bei dir, Nagul? Da ist die Pad, lass sie kurz das essen. Ja, die würde ich dann zuerst machen, ja. Aber also, wir schaffen das Dungeon ja, also ist ja alles gut. Ist einfach das Dungeon machen Easy, hier. Wir sind Speedy Gonzales hier. Geil. Wie gut Kiva einfach so, irgendwer im Chat sagt einfach, es ist kein Meeting und dann so, oh, es ist kein Meeting. Also, wenn ihr wollt, dass Kiva euch irgendwas glaubt, Feuerbälle von oben? anscheinend, wenn mach das im eine Chat steht, ist es so. Ah, Das wie sind Pfeile. cool. Hab gehört, Meeting ist in Undercity. Ja, ich habe eine AOE. Also es ist nicht so, es macht nicht so viel Schaden, aber besser als nichts, I guess. Ja, same. Ich weiß auch nicht, was meins bringt, aber... Wir sind halt keine Mages, ne? Ja. Mann. Oh, ich hab Commander. Nicht wundern, ich muss kurz mein Leben halbieren. So, die Dame, die da jetzt ganz hinten wartet, ist kein Schwein? Ich dachte mal, das ist ein Schwein. Ein Schwein? Nee, das so eine ist in, das ist in, nicht Hügel, sondern wie heißt der andere Dungeon? Nicht Hügel von Ratzorfen, sondern der andere. Da ist ein Ich guck die Schweinmutter. mir gleich mal ganz genau an. Leute, könnt ihr ja? mal Totenkopf zu Ende machen? Irgendwie hittet die Hälfte den Falschen gerade. Ja, ich sehe den toten Kopf halt auf dem anderen. Bei mir sieht das gerade sehr buggt aus. Okay, Oh, danke ich kann schön. hier unten gucken. Der gerade einmal so angeklaut oder wurde dein Akku resettet durch den Steinwurf? Nee, die resetten keine Agro, glaube ich. Okay. Mal Mana nehmen auf jeden Fall. Weiß jemand, wie mein Pet schneller Mana bekommen kann? Kann Nee, da was gar Ich nicht. glaube, muss das einfach geht gar warten. nicht. Ja, Das ich geht aber kann nur relativ ihm schnell. Mana wegnehmen, aber ich kann ihm keinen Mana geben.
Nee, aber das geht relativ schnell schon. Der hat ja kaum. Okay. Willst du direkt schon mal nochmal buffen, Wave Priest? Ja, können wir machen, ja. Okay, es gibt kein Meeting, wurde jetzt announced. Es gibt kein Meeting, ja. Okay. Daher müssen wie gewohnt per Post verschickt werden. Ich hab keinen Mana, ich bin am Buffen. Mhm, alles gut. Also, aber Ich habe mich gefreut aufs Schade. Angeln. Ich auch. Ja, Maluna, wir können uns gerne eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen und angeln. Hatten wir eh vor. Stimmt. also die World Buffs vielleicht mitnehmen und Ja, okay, ja, das stimmt. Aber wir hätten theoretisch noch eine Stunde Zeit bis zu den World Buffs, ne? Wo wir richtig schön. questen können. Ja, das stimmt, ja. Zweite Buff-Runde jetzt. Mhm. Ja? Gucken wir erstmal, dass wir nicht in den Wald von Elvin landen. Ah, das ist haben wir auch ganz viel zu tun schön. plötzlich. Ich Ja, würde wollte da gleich- nicht landen. Ich würde den Soll es denn Nachtelfen, die glaub ich, Potions noch diesmal geben? Danach vom Ja, Boss? klar. Okay. Ich hätte ja sein können, du hast jetzt so confident, dass du sagst, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, Doch. habe ich das jetzt brauchen. Oh, Warte mal, wir genau. sind alles? Nee, Ja, was du? wir sind 3 Nachtelfen. Ah ja. Alle Nacht? Nee, außer Nagura. 3. Hä, warte mal, ich Aber bin auch ein Nagura ist Gnom. offiziell Nachtelf, weil Genau. wir haben ja Oh, eine, Dankeschön. wir haben ja eine eine Heirat familiäre, Genau. Was habt ihr? Wir haben geheiratet. Menschen danke und schön. Nachtelfen haben Wirklich? geheiratet. Ah ja. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich wurde nicht eingeladen. Du bist also die einzige Außenseiterin gerade hier. Wow. Ich wollte aber, oh mein Gott, ich bin Jetzt. nicht freiwillig Gnom. Ich wollte nie Gnom sein. Ich wollte auch Nachtelfe sein. Zählt das? Innerlich fühle ich mich wie eine Nachtelfe. Das ist Ich so finde, cool. wenn du das, Ich wollte wenn du eigentlich das, zu euch gehören. Ja, ich wollte wenn du das das, nicht. wenn du das einmal im Bildchat schreibst, dann glaube ich dir das. Ich habe das sogar dem Gnom-Chat schon geschrieben. Achso, na gut, dann ist in Ordnung. Ja. Du darfst dich auch gerne mir unterwerfen, das ist kein Problem. Nee, gerne. Also kann ich auch zu euch in den Chat dann? ich kann, oh mein Gott, ich kann euer geheim Doppelagent Du sein. darfst die Steuern mir schicken dann, also der Menschenbank dann bitte die Ja, Steuern. genau. Wir sind übrigens schon fast Nimm durch. mich Ich auf. will mich aber trotzdem entschuldigen. Normalerweise versuche ich mich immer zu muten, wenn ich huste, aber das ist immer schwierig beim Heilen. Alles Deswegen gut. will ich mich einmal Gut, kurz ja. entschuldigen für die ganzen Hustis. Du dachtest, Ja, die kein Platz, Prinzessin ist Maluna. ein Schwein. Oh, achso. Ich finde immer noch ganz wir haben gar keinen verwirrt. Platz zum Annehmen. Aber wir können jetzt gerne nochmal. Okay. Ist noch gar nicht Warte, da, ne? Ach doch, der läuft da rum. Okay, aber müssen wir da irgendwas beachten, was so richtig fertig sein kann? Gibt es hier Safe-Spot oder? Das wird, glaube ich, gleich noch erklärt, ja. Alles okay. Ansonsten Ich will rennen wir schon- einfach. Oh. Nein, nicht Brücki. Brücki. Nein. Auch, Na. UBS sind Der die, ist ein UWS. Oh oh. Warte. Und die kämpfen gerade noch. Shit. der Akku Mit gehabt von der wem Kufe. sind die da gerade drin, Chat? Julie Oder was ist jemand? Jones, Reese, Wakayashi und Sirenia. Das ist noch nie passiert bei mir. Nein, oh, ich bin hier. Lauf, Reese! Komm mir um die Ecke, komm mir Und um die die Ecke. rennen, glaube ich, gerade noch. Nein, Brücki hat sich so gefreut, über 60 zu sein. Hier kannst du Karten. Das ist doch nicht safe bei denen. Ja, das ist Ich nur möchte weiter. kein Gilden-Meeting Oh mein Gott, schreibt er. scheiße. Nein, Brücki. Mann, der Arme. Das. Der andere. Shit. Hättest du das für einen Okay, bin Fullfight? raus, Nein, bin oder? raus. Oh, die. bin raus, bin raus, Okay, bin Reese raus. ist rausgeportet. Was ist passiert? Wer ist denn noch drin? Auch raus. Julie Ich Ich habe nicht Jones. verstanden, was vielleicht? also ich weiß nicht. Julie Ich- und ich hab Sirenia uns und auch Wakayashi schon was vielleicht gerade passiert noch. Ich habe nur einen Nee, Fliegen gesehen und Julie dann ist auch bin raus, tot Wakayashi. runtergefallen, aber bist du Ja, die hin- resetten Nein, ich bin überhaupt nicht gegen Sinn. Sirenia ist auch Der raus. Okay. Dann nur Sirenia. Oh, das müssen wir nachher noch mal angucken, wie das passiert ist, ey. Aber Ach, halt gegen die Wand. Kacke. Also ich bin Also, nicht ja. runtergefallen, sondern Ach, Julie ist ja. runtergefallen. Ich hätte wahrscheinlich Ich bin Agro, runtergefallen. Ganz kurz. aber sie ich habe auch läuft gar da nicht hinten, gesehen, dass ich sieht Damage nicht aus bekommen wie ein habe. Schwein. Und das waren ja auch zwei. Ich weiß. Unten stand ein Ogas. Unten stand Boah, ein das Ogas. ist richtig voll gemein von dir, Nein, Maluna. nein, Oha, nein, das ist oberflächlich. Also guck sie doch Ich nicht bin an. auch wie so ein grüner, hässlicher Troll, Und ich aber weiß aber gar nicht, Schwein ist warum krass, ich- finde ich. Boah, ich Hallo, glaub, sie ist die Prinzessin. bullcrittet mich gleich. Die haut mich gleich. Die Aussage. Du assumst das Wesen von ihr. Ach man, der Arme. Ja, okay, von vorne vielleicht ein bisschen. Oh, Ich will das kurz angucken. So, wenn sie auf einen zu. Ja, aber ich Shit, verstehe nicht, was warum ist da hat sie 4 passiert? Arme. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe gerade geguckt, ich weiß, wie die gestorben sind. Das Problem Nein, ist, die wie? wurden von der Julie Jones, der Tank wurde von der Klippe runtergestoßen und dadurch hat der Akku Reset gehabt, glaube ich. Von denen, also so mal wirklich eine Frechheit. Er Oh, hat den shit. Flammenknall nicht berücksichtigt, dass er zurückgestoßen Oh, wurde fuck. auf der unteren Ebene und dadurch No. alle anderen. Was? Danach kam dann Runtergefallen sind. noch ein Knall, der dann quasi Brücki getargetet hat.
Oh mein Gott, und der hat Ist ihn aber einfach nur- gewone-shottet, Nee, ne? der Was? hatte Hälfte Leben durch den ersten Knall. Ah, stimmt, ja, sehr. Oh. Aber ja, er hat halt zweimal, das sind 1250 Schaden, ey. Ah, Ich weiß, also die er waren hat einfach diesen. zueinander, Aber warum oder? castet er das zweimal? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das verstehe ich auch. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber kann man das LOSen? Nicht LOSen, aber dass du außerhalb der Reichweite bist? Ich gucke mal, Moment. Weil das ist ja schon massiver Ja, Schaden. das kann man also, outrange, weil die anderen haben den Damage nicht bekommen. Das hat nur Bröki bekommen. Also die anderen Range haben das Brücki nicht und abbekommen. Ja, okay, dann war Bröki zu nah dran zweimal. Na gut, Ich denke mal, das wusste er halt einfach nicht. Genau, das Aber wurde vor allem wahrscheinlich ist nicht gesagt. Ja. Er wurde genockt und ist dann wieder reingelaufen. Shit. Ja, Oh. aber wie ist denn das, wie kann das passieren? Also ist denn, weil Julie ist ja runtergeschubst worden. Das muss doch eigentlich auch wissen, dass der runtergeschubst wird, oder? Das würde doch auch extrem krass sein, weil das doch Akku resettet. Also das hat ja jetzt nichts mit Agro zu wegen- tun, ne? Aber, also dass er runtergeschubst wird, Also ist du hast- natürlich schlecht, aber Genau, also er aber hatte nicht, das- also der hat nur den Cast zweimal gemacht und das tötet ihn halt, also Bröki in dem Moment. Aber Ja, das Agro heißt, hat die er Gegner hätten nicht. trotzdem. Nee, okay, das war die Frage, weil theoretisch können die ihn ja nicht angreifen, weil er ja ganz woanders ist. Aber deswegen wollte ich wissen, wie das ist. Nee, die würden, wenn dann quasi durch die Dungeon einfach zu mir hinlaufen, quasi. Ja, okay. Kann man das nicht auch interrupten? Also die hatten ja auch. Ja. Kann- Shit, okay. Aber der gleichen Stelle ist selbst letztens Falcon und ich glaube Sanitas oder so, glaube ich, sind auch runtergekickt worden da. Da ist zwar nichts Shit. Schlimmes passiert, aber Ja, das übersehen da viele, glaube ich. Mann. Und ich glaube, die wollten sie sogar Aber in der wie- schieben, ne? Aber wie sind die da rausgekommen, die anderen? Wie haben die das überlebt dann? Elun bestimmt, safe Elun. Also zumindest haben sie danach Lohn noch und geschrieben, Elun Ruhestein und halt alles. Was Oh man mein hat. Gott, und wenn man da Okay, keine Leute. Loot dann hat? Ja, dann musst du Ruhestein drücken halt einfach. Also kannst du ja casten, einfach. Ja, okay. Oder sonst hat die Gruppe verlassen. Das kennst du auch, oder? Also, wenn du die Gruppe verlässt, dann wirst du raus. Also immer, wenn die Leute sagen, man muss laufen und raus und so weiter, dann musst du aber Dann die schon Gruppe mal die verlassen. Gruppe. Und Ja. dann kann ich weiter laufen in der Zeit? Du kannst alles Ja. machen, Okay. aber du hast halt so einen Timer in der Mitte und nach 6 Sekunden wirst du einfach rausgeportet. Du solltest trotzdem versuchen, Ruhestein zu casten, wenn es irgendwie geht, weil das ja schneller ist. Mhm. Aber wenn du einfach nicht casten kannst, dann musst du halt irgendwie so lange überleben, bis du rausgeportet wirst. Okay, Leute, Konzentration. Okay, Full Focus. Warte, sorry, ich muss kurz... Okay, ja. Ich würd Wir noch erklären zwei gleich nochmal den Boss, Gegnern- ne? Mhm. Bei der Erklärung kurz mal auf stille Örtchen gehen und hör sie mich von dort an. Aber sonst platzt ich gleich. Jetzt oder machen wir die Dann noch lass zu uns zweit? doch Nee, mal. soll ich die machen? Lass die es zwei machen, dann können wir den Okay, Boss okay. irgendwie, dann kannst du vielleicht schon mal den Boss erklären. Ja, okay. Jetzt werde ich von Excelsior angeschrieben, ob ich ihm beim Brighton helfen kann. Mann, Bröki, das tut mir jetzt super leid. Oder können wir auch eine Minute oder so Pause machen, bevor die Erklärung kommt? Weil ich habe kein Headset, was ich mitnehmen kann. Warte, pass Ja, auf, klar. Ja, klar. Ja, Klar, klar, klar. meins ist leider nicht drahtlos. Ja, nice, dann machen wir mal kurze Pause in eine Minute. Dann bin ich auch kurz AFK. Ich muss kurz So. noch Brüggi tot verarbeiten. Ist Bis irgendwann gleich. Oh, was? So, kommen gleich wieder, Leute. Tim, bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Okay, ich kurz auf. Five, 4, 3, 2, 1.
Okay, bin wieder da, sorry. Weiß eigentlich irgendjemand, ob Brück jetzt wieder reingehen will? Nee, Hat er das safe sowas nicht. gesagt? Also er hat ja, glaube ich, gesagt, ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber er hat ja, glaube ich, gesagt, Ja. dass wenn er schon, also bevor er 60 war, hat er gesagt, wenn er stirbt, ist er raus. Och nö. Glaube ich. Aber vielleicht hat ihn jetzt auch 60 so gekitzelt, dass er so Bock gemacht hat, dass er sagt, er macht Ja, es ich mal. hoffe. Aber es muss er überlegen, also er schafft es ja, also er braucht ja locker in dem Tempo, also vielleicht wenn er jetzt geboostet wird, vielleicht schneller, aber der braucht ja mindestens 3 Wochen, würde ich sagen. Ja, wo Schläuche fahren für Brüggi? Hallo. Hi. Sind alle da? Bin wieder da, ja. Maluna Oder war ist, noch glaub ich, jemand noch? Achso, Okay, Ja, dann Maluna. warte ich noch kurz. Prinzessin einfach so hot ist krass. Sie ist eine 10 von 10, sieht aber aus wie die Prinzessin. Ich bin da, ich bin da. Okay, ich würde das jetzt einfach so spielen. Also, ich erkläre kurz den Boss. Also, hin und wieder viert sie alle, die in Melee-Range sind. Und wenn sie das macht, dann hast du Agro-Reset. Also alle, die geviert werden, haben Agro-Reset. Das heißt, wenn wir dann alle geviert sind, dann hätten halt die Leute, die nicht geviert sind, Agro. In dem Moment wahrscheinlich unser Priester. Dann hin und wieder macht die so ein AOE um sie herum. Da trampelt sie so auf den Boden und dann macht das Damage und knockt uns so ein bisschen weg. Und deswegen würde ich das jetzt so spielen. Normalerweise, wenn du ein 4-Ward hast, also einen Zwergenpriester oder einen Krieger, dann können die sowas benutzen, um nicht geviert zu werden und können dann den Boss halt wieder spotten. Aber ich habe sowas nicht und wir haben keinen Zwerg. Das heißt, ich werde geviert werden und dann hat wieder anders Aggro. Aber ich würde das wahrscheinlich so spielen. Ich weiß nicht, was du denkst, Aggression, aber ich würde es so spielen, dass du einfach nicht im 4 stehst. Also du gehst einfach auf Range. Und wenn ich dann geviert bin, dann tauntest du einfach den Boss. Und wenn ich dann aus dem 4 raus bin... Ja? Ist das ein Cast, den sie macht? Nein, das ist Instant. Also er müsste einfach dann halt auf Range stehen. Ist halt scheiße, weil er dann das keinen heißt, Damage die machen spielen kann, halt aber... safe. Ja. Das Problem ist halt... Ja, also ich würde das so machen, weil sonst ist halt schwierig... Wir haben 3 Ranged und wenn der Boss dann überall hinrennt und ich kann den dann nicht taunten, wenn ich rauskomme aus dem 4, ist halt schwierig. Ja, wie oft macht die das? Verstehe. Manchmal macht die das ganz oft und manchmal macht sie das nicht so oft. Das ist ein bisschen random. Okay, Okay, wenn man merkt, man hat Akku, dann einfach weglaufen oder was ist der Play, solange ihr... Also ich würde das so spielen, dass die Prinzessin, würde ich hier, also diese runde Plattform, ich würde das so rechts tanken, den Boss. Und alle Ranged-Spieler, also ihr 3, wird dann links stehen. So also so weit weg wie möglich. Und wenn wir dann geviert werden, dann werden wir ja links hingeviert, weil man kann nicht ins Wasser geviert werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so zu euch geviert. Und das heißt, weil die Prinzessin rennt dann ja zu euch, weil ihr dann Aggro habt. Aber dann bin ich oder wir, alle, die geviert werden, die werden dann halt auch da irgendwo dann wieder rauskommen. Und dann sind wir schon in der Nähe und können den Boss wiederholen. Aber wie gesagt, ich würde das so spielen, dass Aggression einfach da draußen wartet und halt nicht geviert wird und dann halt taunten kann. Und danach, wenn Aggression einen Boss hat, oder wenn ich aus dem 4 wieder raus bin, dann würde ich versuchen, die Aggro halt wieder zu holen, damit ich wieder Aggro habe und Aggression wieder weglaufen kann. Kann aber natürlich sein, dass es nicht funktioniert und ich die Aggro nicht zurückbekomme und dann, dass wir beide geviert werden. Wenn ich und Aggression geviert werde, dann werde ich vielleicht einfach bubbeln und mir den 4 runterholen, muss dann aber trotzdem die Aggro wieder zurückbekommen, weil ich habe keinen Taunt. Also einfach ein bisschen aufpassen mit Aggro. Ja? Genau, Die Eule kann auch geviert werden, ne? Die Olli kann auch geviert werden, ja. Ich glaube, ich kann Ollis 4 mit Zorn des Wildtiers abbrechen. Also das kann es sein, ja. Also Olli kann auch probieren, dann die Aggro zu bekommen von Prinzessin. Wenn ich und Aggression geviert sind, dann kann Olli probieren, die Aggro zu bekommen. Also es ist natürlich besser, dass Olli hat, ich instant ihr Knurren 3. an oder sowas dann in dem Moment, oder? Genau, also wenn ich sage, ich kann das callen auf jeden Fall. Und noch was? Darf ich die Mülltonne spielen? Wie? Für den Fall? Den Voidwalker? Ja, kannst du schon spielen, glaube ich. Weil dann kann ich den auch vorschicken und... Der wird halt auch geviert. Also wenn irgendwas ist... Achso, ja, aber ich meine, ich lasse den links einfach bei uns und für den Notfall kann ich den reinschicken, oder? Wenn ihr beide quasi geviert seid, kann er dann taunten. Ja, wir müssen halt nur gucken, also was ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, inwiefern
das jetzt mit einem Damage was zu tun hat. Ich finde immer, wenn es so Bosses sind, die dann ein bisschen schwieriger sind, also wo die Leute so ein bisschen Angst haben, dann machen die so wenig Damage, weil sie so Angst haben. Und dann dauert der Boss einfach eine halbe Ewigkeit und dann wird es gefährlich, weil der Boss einfach so lange dauert. Wenn ihr einfach Damage macht und einfach draufhaut, dann ist der Boss so schnell tot, dass der fast gar nichts macht. Also, dann spiele ich den Imp, dann keine Sorge. Okay, also ich würde wirklich einfach, drückt einfach alles drauf, macht so viel Damage wie möglich. Okay. Wenn die Aggro habt, wir haben ja Dummies und wir haben Sing des Schutzes, also wir haben relativ viele Sachen, um da euch zu retten. Habt ihr denn einen Dummy? Hat von euch jemand... Ich habe einen. Ah, perfekt. Ja, gut. Dann kann ich das ja callen, dass du dann eventuell steilst, wenn ich nicht zu euch hinkomme oder so. Und dann. Also, wenn ich Akku habe, mache ich als erstes Feign Death, ne? Und dann. Tot, und dann. Ich würde, also, wenn du Aggro hast und wir sind geviert, würde ich nicht sofort Feign Death machen, weil sonst hat direkt halt unser Heiler Aggro oder Kiva Aggro. Also aber du kannst ja warten, bis der Boss zu dir hinkommt. Und kurz bevor sie dich hittet, machst du halt Feign Death. Jetzt nicht zu lange warten natürlich, aber du kannst es ja ein bisschen rauszögern und dann haben die anderen Zeit auch wegzulaufen. Ich checke. Noch eine Frage, wenn irgendwas so passieren sollte in die Richtung, darf ich da 4 benutzen bei dem Boss dann? Der kann nicht geviert werden, der Boss. Der kann nicht geviert werden? Nee, Bosse können nicht geviert werden, auch nicht gesilenced werden. Ja klar, okay. Ich bin so useless. Muss einfach Damage machen, einfach Damage ballern. Ich habe gar keinen Counter, okay. Aber wir haben das. Mir war es nur wichtig, dass wir von der Position so sind, dass quasi... Ach, ich war jetzt wieder weg, hört ihr mich? Ja. Jetzt hören wir dich. Bei uns durchgehend da. Nee, ganz kurz war weg, aber ja. Oh. Ganz kurz. Dass wir die Tanks quasi, Nagura und ich, sind quasi zwischen euch und dem Boss. Dass quasi, wenn ihr gefühlt immer in eure Richtung rennen oder so und ihr, ich habe es auch beide markiert quasi, Blau und Mond, dass wenn die Aggro gerade auf euch geht, sowas, dass ihr euch immer an unsere Markierung orientiert, damit ihr quasi zu uns kommt oder in unsere Richtung kommt, dann wird ihr dann halt versuchen, den Boss von euch runterzukriegen. Also wäre doof, wenn ihr quasi komplett in die andere Richtung läuft. Vielleicht müsst ihr es, aber im besten Fall nicht. Okay, aber machen wir das jetzt so, dass du weiter hinten stehst, wie Nagura das erklärt hat? Können wir gerne machen. Okay. Und sonst, genau, wenn wir beide 4 bekommen, man kann gerne Nagura zuerst Bubble machen und zur Not beim zweiten Mal 4 habe ich noch meine Insignie dabei. Das heißt, damit kann ich, glaube ich, auch den 4 brechen. Dann würde ich die beim zweiten 4 dann nutzen. Ich glaube, das geht nicht. Kann sein, ja, das stimmt vielleicht. Wir haben auch immer noch im Notfall die Tränke, ne? Also wenn Was wirklich ist das alles... für ein Trank? Unverwundbarkeitstrank. Ist einfach kein Schaden. Also den hast du zwar schon mal erklärt, aber kannst du ihn noch ganz kurz, also welche Situation brauche ich ihn? Wenn du Aggro hast vom vom Boss. Boss. Wenn dich zu hauen, genau. Okay. Wenn der kurz ist, dich zu hauen, dann kannst du ihn trinken, dann macht er dir gar keinen Schaden mehr. Keinen physischen Schaden mehr. Wenn der Magie wäre, wird schon, aber ich glaube, sie macht... Ja, genau. Und dann wird sie von dir loslassen und zum nächsten Aggro gehen. Und es wird nichts passieren, aber wenn irgendwas passiert und alle sterben, dann könnt ihr hier den Wasserfall runterspringen und könnt da unten ganz schnell den Hearthstone ziehen. Aber ich hoffe, so weit kommt es nicht. Okay, und da müsst ihr aber im Wasser aufpassen, da ist ein Monster drin, also wenn er nur close am Wasserfall runter und dann da unten den Ruhestein. Also ihr könnt seinen Hunter den Boss alleine machen und die ganze Zeit wegrennen von dem Boss. Also der ist relativ langsam manchmal. Willst du das denn so machen mit auf Range stehen Aggression, oder? Kann ich gerne probieren. Du kannst ja am Anfang reingehen, weil es so schnell castet ist ja eigentlich ja nicht. Dass du am Anfang kurz mal deinen Damage drauf machst und dann wegläufst. Okay, ja, machen wir gerne. Oh, warte mal, ich kann die noch weiter verlangsamen mit Fluch der Erschöpfung. Soll sie noch langsamer werden? Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht geht. Du kannst Boss kannst du eigentlich gar nichts, C10, Slow und gar nichts. Boss ist immer Endgegner. Okay. Und das Ding ist, genau, der 4, das ist ja der temporäre Aggro-Reset quasi, wo dann nach dem 4 Nagura wieder Aggro haben wird. Aber sie wird auch ich glaube, das macht der Stein, nicht dieses komische Pupsen da oder so, sondern wenn ihr den Stein auf jemanden wirft, dann resettet er wirklich die Aggro. Das heißt, Nagura muss sich dann von der Aggro wieder komplett hochkämpfen. Und da muss ich, glaube ich, dann spotten, weil sonst wird es schwierig. Noch eine Frage, weil ich das gar nicht kenne. Kann die One-Shotten? Also ist so ein Hit von ihr schon One-Shot für mich? Ja. Okay. Ja, ich würde auch... Level drunter, ne? Okay. Ich würde auch, also Massad, wenn ihr Aggro habt, dann kannst du immer Aspekt des Rudels anmachen, dass die Leute halt schneller wegrennen können, weil man wird ja sowieso nicht gehittet. Ja. Also wenn ich dann wieder Aggro habe, solltest du es wegmachen, aber sonst... Ja. Ich gebe mein Bestes, das alles irgendwie zu... Ja, aber ist jetzt auch nicht, also... Ich warte jetzt, bis der Boss einmal rumgelaufen ist und dann rechts, wenn sie rechts ist, dann tank ich sie und ihr läuft halt hier links ran, wo sie jetzt steht, okay? Also hier, wo sie ist, das bleibt ihr dann ungefähr und ich bin dann rechts.
Und einfach am Anfang, also ich habe relativ schnell Agro wahrscheinlich, könnt ihr einfach alles raushauen dann. Mhm. Ihr könnt auch ein bisschen näher rankommen jetzt. Kommt mal ran. Ich hab so Angst. Ihr braucht sie nicht. Das Der wird Boss schon ist wahrscheinlich sein. instant tot. Alles gut, alles gut. Okay, Das ist halt so ein typischer Boss, wo es besser ist, alles mal erklärt zu haben und Ja, am Ende ja, brauchst du ja. wahrscheinlich Ja, die ja, Hälfte ja. nicht. Okay. Also ihr müsst dann also hier links, wo ich jetzt bin Ich geh ungefähr, schon mal- da ja, ich steht geh ihr. schon mal Ihr hin. könnt ja schon hier bleiben, ja. Ja. Und dann guckt ihr halt, dass ihr in Range seid. Ich gehe jetzt auch rein. Okay, jetzt müssen wir kurz weg. Kann es sein, dass wir jetzt dann gleich geviert werden? Bleib mal draußen. Jetzt Das habe ich ist den da, wo das Felsen. vielleicht- Nee, ist Geht alles nicht, gut, alles okay. gut. Aber der 4 kommt gleich wahrscheinlich. Ja. Ich glaube schon, Aber dass der weiter 4 der Damage Agro-Reset Rate, ist, ne? nicht Ja, der ja, Damage Felsen, immer. glaube Voll ich. Damage, voll Jetzt hier Damage. nicht geviert? Sorry. Perfekt. Okay, stimmt, das war da gewesen. Pass auf, Wave ist knapp, passt. Sah gut aus. Okay, ich bin jetzt wieder da. Ich Okay, war das- versuche wieder Agro zu bekommen. Soll ich das Deck aufhören oder? Ne, ich höre mal auf. Ja, passt sieht gut aus, sieht gut aus. Warum ist mein Stick Ah, jetzt hab Was ich. mit ihm passiert? Der macht Der hat den AOE-Schaden mit dem AOE Stampfen. hier eben. Oh. Aber das stand nah bei mir. Eigentlich. Hier kann es sein, dass der 4 gleich wieder Meine kommt. Eule Jetzt. ist tot, by the way. Da ist sie, ja. Okay, wir haben Jetzt. Torn. Perfekt, ja, easy. Ich bin ein bisschen weg von euch. Mhm. Felsen ist auf mir. Die Gestunt. Eule ist so tot. Oh, wie schön. Beide Guck mal, wie die da Begleiter verloren. liegt. Mann, wir haben einen verloren. Wir haben 2 verloren. Ach, stimmt. Entschuldigung. Ich wollte... Jetzt Stick los. Ich geh wieder rein danach. Ja, wir können jetzt beide geviert werden wahrscheinlich. Oder ich probiere mal wegzubleiben. Ist tot. Ja, ja. Noch nicht ganz. Ich will doch nicht. Schaden, Leute, Schaden. Ihr müsst nicht aufhören mit Schaden machen. Ja, ich mach halt nie Schaden. Es tut mir leid. Stopp! Oh mein Gott, was? Jemand Level up? 20 Intelligenz. Nice, das ist ja gut. Boah, das wäre so krass, wenn ich jetzt Oh auch mein ein Item Gott, bekommen würde, weil bitte. Kiba auch schon eins bekommen hat. Wo kommst du? Nein, ist okay. Okay. 44 Angriffskraft. Ist das nicht krass? Nee. Ich würde Schau wieder mal eure Ja. Tränke Das war einsammeln. die smootheste Dungeon Maraudon Princess Run, den ich jemals gesehen habe. Wir sind noch nicht fertig. Danke. Ja, Ach ja, gute wir Leute. können noch was machen. Naja, Erstmal stimmt, wir können ja weitermachen. müssen wir Ah, ganz mit dem kurz... reden, Wir oder? haben 2 Ich Leute hab als verloren, Paladin-Prinzessin ja? Also, geteilt. Entschuldigung, Ja, das war Entschuldigung, ja, es tut mir leid. Ah, guck. Da. Dafür habe ich Battlewoods gelernt. Da hab ich dann, da hab Ich die kann zwar anderen- ganz souverän, aber ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wenn du mit dem Trank zurückgehen magst. Sollen wir das Fest annehmen und mit dem reden oder noch nicht? Ja, ja, können wir machen. Ich habe angenommen einfach. Okay. Keine Ahnung, was die kann. Oh, jetzt esse ich gleich meine Roulade, Leute. Meine Biskuitroulade. Willst du mir was geben? Soll ich dir was geben? Ich würde den Trank wieder einsammeln. Für den So, ach nächsten ja, Runde. true. Wo ist er denn? Ach so, deswegen Als ich war schon Belohnung. so, hä? Alles Ich gut, bin das auch ist gerade ein bisschen unangenehm. verwirrt. Über welchen Ausland immer so Nein, wieder haben. Natürlich, hä? Der ist ja auch viel besser aufgehoben bei jemandem. Das macht einen ganz nervös, wenn jemand dabei ist, der total Angst hat. Ja, wo man den ganz gut immer ja, nutzen ich kann. mag das auch nicht so gern, wenn andere dann zu nervös sind. Ja. Nee, ne? Okay. Wir sehen das jetzt mal. Ich probiere dann immer so cool wie möglich zu Wenn jetzt bleiben so und dann was zu tun, als wäre das ja runterbricht, alles dann gar kein besser. Problem, Ich hatte weil Angst vor damals. wenn die dann total Angst haben, das ist ja Wie viel, runter? voll schlimm, dann machen die null Okay. Damage immer. Sorry. Oh mein Gott. Wir springen jetzt runter, ja, glaube ich, ja. Kann ich mich an jemanden dranhängen? Ich wurde gerade von Familie zweimal irgendwie angerufen ohne Nachricht, deswegen mache ich mir gerade ein bisschen Sorge. Warten wir wahrscheinlich lieber erst auf dich. Dann warten wir hier, ja. Alter, wir haben noch eine Viertelstunde. Weil das, also, ich glaube, wir das hätten ist jetzt immer so vielleicht das den anderen Boss größte nicht geschafft, Problem, aber das war doch wenn Leute so Gucker. Angst haben Habt ihr echt gut gespielt. von einem Boss, dann
Ja, danke. machen die Ich keinen hätte Schaden echt mehr, Angst. weil die halt, Ein Blick also ins die haben Hintergrund. Angst, dann gucken sie So, auf alles die und ist zwar noch dann, nicht vorbei, Aggression, aber ich möchte jetzt schon macht der mal Dreht sich der Boss kurz um, dann laufen sie schon weg und wisst ihr, Wirklich also dann machen die so großartig. wenig Das war Damage und dann wirklich dauert der Boss über 50%. ewig. Das war man hat sich Und wenn wirklich ein sicher Boss gefühlt richtig mit lange mit der dauert, Angst dann und kann der echt Nein, schwierig nein, werden. Klasse. Deswegen sage ich immer direkt Wirklich toll. einfach alles raufhauen Ja, oder mit jetzt Damage langsam. machen. Sonst glaube ich dir nicht mehr. Tanks hier loben und auch. Ja, hab ich ja gerade. Und Alle. Ja, ich verstehe schon, dass die Leute nervös sind, weil man Den erklärt einzigen, halt den so ich nicht viel lobe, und dann. ja. ja. Ist der hier, Ziglotz. Den lobe ich. Junge, warum Den nicht? lobe ich. Naja, Den Puls? also, der hat schon für interessante Puls gesorgt, sage ich. Nein, Aber das war ja ich. Olli wollte einmal Cyclops nachmachen. Ich wurde du warst es gesteuert. nicht. Nein, Doch, Kiba, du hast alles richtig gemacht. Ich bin Nein. quasi Cyclops. Ich sag, der Diener war das. Okay. Ich sag, der Ja, hat ein Dämonen. eigenes, ja, manchmal bei den Dämonen, da weißt du mal nicht, ob du die wirklich, du unterwirfst sie ja. Und ich Ja. kann mir vorstellen, bei Dämonen vielleicht funktioniert das nicht immer hundertprozentig. Weil Oh, überleg mal, gut, am wenn Ende du den, bist du wenn Aber du den Crash hat das ja richtig gut beschwörst, gespielt mit dem. Ja. wenn du beschwörst, sagt er ja manchmal so von wegen so, wann hört das endlich auf und so, ne? Weil der will gar nicht dein Ach, das ist nur Begleiter Roleplay. Nee, das ist nur Roleplay. Er liebt mich. Ja, das macht, Glaub ich. nee. Ja. Ich glaube, der liebt es neben dir. Und gleich nicht neben BRD, was Ja, macht ja. eigentlich in zu werden und BRD? unterworfen zu werden. Ich glaube, der steht da drauf. Ja. Ich glaub's. Wir sind alle da? Bist du fertig Ja. mit deiner Familie? Okay, dann springen wir runter, ne? Oh Gott. Sind alle da? Mhm. Nagura? Nagura auch? Muss man springen? nee. Ja, Okay. Moment. Ah, doch. Ja, noch einen Moment. Bist du fertig mit deiner Familie? Okay, ich springe. Krass, Und dann- ja. Wir haben keinen Kontakt mehr. Okay, da Oh, ist das schon war der Go. Boss. Okay, sorry. Ich würde den einfach direkt nehmen. Auf den einfach so viel Damage wie möglich. Habt ihr alle Pads draußen? Oder Ja. beschwören noch das Nee, noch noch halt nicht. Ich eben? muss den nochmal beschwören. Faulschnapper Soll ich oder auch beschwören? Tessa Also der Fahrschnapper ist der Braucht ihr Boss. Unterwasseratmung? Ja, das wäre ganz nett. Dann warten wir Dann noch mach ich kurz. das Einfach einmal nicht ganz pullen. kurz. Ja. Ich sehe euch Das kaum Problem ist, hier. du kannst sie nicht trinken, ne? Also guck mit deiner Mana auf. Buff nicht alle. Mich brauchst du nicht buffen, sonst hast du gleich kein Mana. Ich kann doch einfach mein Ding machen. Ach ja, du hast ja Ananas. Ach ja. Ja, da muss ich mich drum kümmern, wie ich Mana kriege. Na, Courage. Schaut mal, habt ihr alle den Buff? Unterwasseratmung? Ich hab, ja. Ja, habt ihr. Chonka ist das. Okay. Das Wichtigste bei dem Boss ist eigentlich, nachdem der Boss tot ist, weil dann wird Nagura noch weitere sehr, sehr starke Damage-Ticks bekommen, dass du da einfach nicht aufhörst zu heilen. Ja, alles klar. Ich glaube, ich müsste das sehen, wenn sie die Waffe hat, aber ja. Schon mal der eine oder andere Tank hier Das gestorben, weil der Healer dann sich wütend. über den Loot gefreut hat und dann war der Tank weg. Oh nein. Nicht unüblich bei dem. Stimmt, einen Gesundheitsstellen habt ihr auch alle noch, ne? Weil sonst kann ich jetzt Ja. noch mal herstellen. Ja. Okay, habt ihr. Der droppt übrigens extrem schöne Lederschuhe. Mhm. Aus Krokodilsleder tatsächlich. Oh. Ja, das dachte ich mir schon fast. Mann, Ledersachen. Da hat sich schon Schlangenleder. Ich will nochmal Stoffi-Loot. Das ist wichtig. Könnt ihr Stoff nicht auch tragen? Ja. Also ihr könnt Kannst alles, immer ne? abwärts. Ja, genau. Kannst immer Ja, abwärts dann ist ja fahren. Stoff für uns alle super, ne? Nein, also. Also du hast halt, also Tank zum Beispiel, wenn du das Paladin Heal, kannst du zum Beispiel Stoffi nehmen, weil du halt keinen Schaden bekommst, aber Nagura sollte jetzt zum Beispiel als Tank sollte jetzt keinen Stoff nehmen, weil dann hat sie weniger Rüstung und fällt schneller um. Okay, dann pullen wir mal den Der Boss. nächste Boss. Es geht los. Okay, muss ich dafür tauchen, damit ich fokussieren kann? Nö. Nö, kannst Einfach du Damage chillen. machen. Brauchst du Nagura? Ich habe einen Stack erst. Achso, nee, ich meine, du tauchst, ne? Du bist nicht an der Also ich bin Oberfläche. Okay, muss ich auftauchen. unten, ja. Also Dass sorry. ich unter Wasser Feuerbrand geben kann. Also wie kann der brennen unter Wasser? Stimmt. Okay. Ist einfach resettet. Ja, nice. Easy. Das ist ein bisschen, oh. Wow. Oh, wow. Toller Remix, muss ich sagen. Wow. Das tut mir wirklich sehr leid, Aggression. Das ist okay. Ich spreche auf den Schmerz. GZ. Nein. Geht's set, geht's set. Jetzt halt. Okay, Bin nicht mal sicher, ob der besser ist. Also ich glaube, der ist safe besser, aber weil ich habe halt auf den jetzigen, die ich habe ich halt plus 9 Heilung, ne? Aber ich glaube, der ist trotzdem safe besser. hier ist auch ein Einfach Boss, weil oder? die andere Der Goblin? Schulter super Ja. alt ist. Der Okay. Goblin noch. Der Goblin ist vielleicht sogar ein gutes Schild für dich. Ich glaube, das habe ich schon. Giflocks, Hyperdeck, Bugler oder so. Mit Mana pro Sekunde. Ja, das habe ich schon. Ja. Okay. Ein Priester Schilde tragen? Nein.
Ey, aber cool, man muss sich nur beschweren, dann kommt Stoffi-Loot, ne? Ja, das ist Ich aber habe oft davor mich so, richtig oft so. beschwert und dann nochmal, bitte, nochmal Stoff. Der hat da Aggressiert gemacht, okay. Ah, vielleicht mit dem Knockback kann es sein. Mhm. Habe ich Schaden gemacht? Oder hätte ich nicht? So, Du hast schon Schaden gemacht, ja. Okay. Wie der aufspringt. Die größte Gefahr gleich bei dem Boss, der später kommt, dass wir Es gibt kein Gildenmeeting heute, ist ist gecancelt. Der kann Wildtiere frieren, also auch Megazoide. Und dann passiert es ganz gerne mal, dass die Tiere dann die nächsten Gruppen pullen. Und dann ist es ein bisschen chaotisch. Ja gut, Tiere können wir schnell freigeben, das passiert nicht. Ja. Können wir Aggression freigeben einmal? Aber genau, ihr müsst mich dann auch freigeben. Einfach aus Also ganz kurz. Ja, aber raus, das ist okay. Einmal kurz freigeben und dann einfach wiederholen. Ja, Lass mich los. Ja, oh, da kommt ein Geisterpilz. Wow. Wow, weit hinter uns aus ein Bürgertank, aber egal. Ja, den habe ich auch gesehen. Hätte ich sogar nehmen können, aber. Kapis sind auch ganz gut platzieren, der habt. Ich glaube, das fängt überall jetzt an. Muss man den hier immer lang zwangsläufig links? später machen oder könnte man hier wieder hochlaufen zum Boss? Es gibt Wege wieder von hier aus bis zum Boss wieder, ja. Das ist die erste Okay. Part. Irgendwie schneller schwimmen? Er ist jetzt so schnell irgendwie im Schwimmen. Ich mache irgendwas falsch. Muss ich nochmal buffen vor dem nächsten Boss oder sagen wir egal? Buff ruhig, dann gebe ich die Anregen zur Not, dann geht das schnell. Ja, dann mache ich. Du weißt, du Mach ich musst das dich, nach der wenn dich hinsetzt, dann regierst du instant. Es gibt heute kein IO, nein, leider nicht. Leider Weißt kein du, IO. dass Anregen, das ich dir gleich geben werde, mit deinem Mana-Trinken durchs Wasser trinken erhöht wird? Nee, das weiß ich nicht. Das ist gut zu wissen. Das ist für mich immer das Beste, wenn man Anregen bekommt, am besten so gut wie, wenn es möglich ist. Und im Kampf nicht, aber dann hinsetzen zum Trinken. Ne? Ja, okay, ja, dann buff ich ja mal kurz das durch. Jo. Wenn du leer bist und sitzt, dann gebe ich dir einen Anregen. Sitze wie? Wow, Alter, okay. nice. Und selbst auf Level 60 habe ich das auch, wenn ich den Leuten Anregen gebe und ich denke mir so, bitte setz dich hin, bitte setz dich hin. Ja. Und dann wirft sie sich nicht hin. Cool, das dann ist Alles klar, das können wir gerne jedes Mal so machen. Was hat das für einen Cooldown? Das ist ja ein Spit-Top. Er hat einen Cooldown ja wahrscheinlich, aber das ist ja ein richtiger hier Racing-Stop. Ja. Ja, 6 Minuten. Na, ich meine, ich hätte es auch voll machen können, aber ich wollte es für so Safety irgendwie noch behalten. Ja, Ja. klar. Aber gefällt mir. Nichts mit Triel, wenn du das abbauen kannst. Luna? Okay. Ich leider auch nicht. Ah, du hast auch Bergbar. Ja, ich kann gerade mal Eisen abbauen. Bei mir ist es mittlerweile bei Gold, aber dauert noch ein bisschen. Also es ist irgendwie hart, Bergbau zu leveln. Ja, irgendwie schon. Irgendwie am Anfang war nur Kupfer überall. Und dann war das grau und dann hat man irgendwie Zinn gebraucht und Zinn habe ich nirgendwo gefunden und dann war es irgendwann schon Eis und das konnte ich nicht mehr. Sind wir hier richtig? Wir sind schon richtig, oder? Jo, das Okay. ist super. Danach gibt es natürlich I.O., aber lassen wir dann auf Spotify abspielen, wenn unser Axel das schon nicht singen kann, leider. So. Da ist ein Pad da hinten, ich markiere die mal. Ich glaube, die kommt sogar zu uns gleich.
Ich würde die einfach mitspielen dann mit dem Freund. Sag mal Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Willkommen, willkommen. Ja, wenn Access so ganz spontan joinen könnte und mir ein Konzert geben könnte, das wäre natürlich schon nice. Was ist ein Wildwedel? Braucht man das für irgendwas? Weil das ist bei mir nicht in Crash drin. Kennt das jemand? Sehr beliebt. Das, da wird sich die Gildenmarkt drüber freuen. Das braucht man, glaube ich, auch sogar für die Krieger-Quest oder auch für irgendwelche Custom-Rezepte. Also das, ich glaube, so heute sogar von einer der Banken gesagt, gerne zur Bank schicken, da freuen sich immer viele drüber. Ah, okay. Okay, gut zu wissen, danke. Das toppt auch immer Trollen und so, glaube ich. Entweder zu Menschen Mats schicken oder zu Mülki, glaube ich. Haben wir gerade so ein bisschen... Also wollten wir organisieren. Ist so krass. Ja. Okay. Das war ein bisschen früh. Oh, ich hab kein Mana aus. Ja, kein Thema. Der Heal hat ja Mana. Ja. Da lass dich voll. Ich trinke lieber nicht, ich lass lieber dich trinken. Sorry. Ja, das ist super nett von dir. Tut mir leid. Dass du auch daran denkst, dass ich auch was zu tun habe. Ja, ich dachte, du langweilst dich vielleicht hier. Außerdem werde ich sonst nie von dir geheilt. Ja, das stimmt. Du kriegst aber wirklich nicht Schaden. Aber ich würde jetzt behaupten, mit Adalas bist du Second Most Heal in der Gruppe. Was? Was? Ich kann auch First Most, warte. Ja. Mach da eine Challenge draus. Ich muss aber wirklich, warte. Das ist eine Quest in östlichen Pass verernt. Ah, soll ich die dann behalten? Wie viel brauche ich denn dafür? Hey, Siggi, moin. Brauche ich viel dafür? Ja, da steht ja nicht so was. Okay, der Tüftler. Am liebsten würde ich sogar hier, wo wir jetzt gerade sind, zurückziehen. Wegen dem 4. Vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber... Maluna, wie viel kostet bei dir dieses AOE-Feld, was du machen kannst? Diese blaue Pfeile? 315 Mana. Kann man das dispellen? Ist das Magie oder weißt du das? Der 4? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß Ich hab gepullt. Also, dann komm mal um die Ecke hier. Komm um die Ecke. Rechts. Okay. Ich hab absolut nicht gesehen, dass der da steht. Ich dachte, der steht links im Raum drin. Alles gut. Also er macht Feuer nach vorne, am besten nicht vor dem Boss stehen. Mhm. Sonst Oh halt mein mit Gott, dem 4. der ist was wie Obertüftler Kutscher. Mhm. Tüftler. Dein Pet könnte gleich geführt werden, aber das wird schon hoffentlich okay Guck mal, ob sein. ich displayen kann. Nee, kann ich nicht. Oder? Ach nee, schickst du gerade zurück. Nee, geht nicht. Nee, kann ich nicht. Ja. Ich kann meine Insignien nutzen, tatsächlich. Ah, okay, nice. Dann fliege ich mein Pet wieder rein, wa? Ja. Ich meine, er kann theoretisch nochmal führen, aber ich weiß nicht, ob deine Pet eine Mach eine Insignie Bombe. hat. Nice. Absolutes Sorry an der Stelle. Kein Problem. Alles gut. Aber wer hat nochmal über den Wichtel eben... ja, okay. Ich akzeptiere es. Wer war das nochmal? Das war das Interesse. Man muss aber, also ganz kurz, unabhängig davon, dass es voll meine Schuld ist, ich finde es aber auch eine beschissene Position für einen Boss. Also ich finde hier drinne ist viel realistischer. Ich dachte, das wäre ein NPC tatsächlich. So, ich habe nicht wirklich gesehen, dass der da einfach in der Ecke steht. Also wie unwichtig kann man denn sein? Also der sollte sich mal besser beschweren. Der steht einfach in der Ecke, in so einem Gang. So richtig random, null episch, keine epische Musik, nichts. Epische Musik. Kommt noch ein Boss? Stimmt. Oder gehen wir raus? Das war's. Also wir können sogar rausporten an der Stelle. Das war der letzte Boss. Gerne, ja.
Ja, das war der Ja, dann Zusatzbot. lass Der letzte ist eigentlich die rausbotten, oder? Ah, okay. Aber auch. Habt ihr alle? Ja. Okay. Schattensplitter wollten wir draußen noch holen, ne? Ja, nee, also wir werden eh nochmal reingehen. Also ich mache das jetzt heute jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber sonst müssen wir halt den ganzen Weg auch nochmal zurücklaufen, ne? Also Maraudern machst du eh noch ein paar Mal, weil du entweder Princess Run oder für die XP. Aber Maraudern machst du nicht den Anfang, glaube ich, oder? Dann nimmst du doch das Zepter jetzt und gehst So. direkt zu Okay, Princess. ich Ja, aber du musst ja log eben trotzdem um für rein. die- Den Zepter kannst du ja nur benutzen, wenn du Die dann... 2 Leute hier, Okay. wenn die So wie ich's jetzt verstanden da habe. wären. Jo. Münz. Ey, super. Vielen Dank, Leute. Das war eine extrem tolle Gruppe, muss ich wirklich sagen. Ja, das war richtig nice. Das hat mich sehr gefreut. Ja, danke schön. Ich würde jetzt zu Dankeschön. Destiny's nochmal fliegen, aber. Ja, mach Tim, ich auch, dann können wir ja. direkt Ja. abgeben Können wir da alles. abgeben? Okay. Ja, bestimmt einiges. Wie geht's? Parlamentsmeeting auf die 1, ja, ne? Oh. Nee, heute ist kein Gildenmeeting. Warte, müssen wir noch für Zulfarak und Uldaman Runs noch was organisieren oder sind wir da voll? Also für ZF hat mich Nilana gerade noch gefragt, die wird mitmachen, dann wären wir 5. Wenn Wilbo jetzt noch tankt, ich vermute. Er hat, glaube Ja, nicht, ja, dass Aber er so Ilana tankt. ist doch Tank, oder? Ja, aber sie wollte nicht tanken. Sie hat nur getankt, weil Ah, sie musste. Ah, Das Milana war will sehr- gar nicht die wollte tanken. eigentlich Okay, gar okay, nicht. verstehe. Aber Wilbo tankt ja sehr gerne. Dafür hätten wir auf jeden Fall für ZF. Und Uldaman müssen wir halt gucken. Oh, Uldaman kann man Ronja, safen danke mit. schön für weiß den auch- Raid. ja, ich weiß aber auch ehrlicherweise Vielen Dank. nicht, ob ich weiß nicht, Uldaman ob ich noch kein Wurst Alert ist. bekommen habe. Also die Quests sind bei mir schon alle Dankeschön. grün. Eine ist sogar schon grau für Uldaman. Müssen wir mal gucken, Wie geht's? Wie war der was nach ZF Stream? aussieht. Machst du Wie heute es mal nach ZF früher aussieht. aus? Okay. Ich hoffe, du Ich hast würde früher unbedingt ausgemacht, gerne damit du Fokuskarten chillen kannst und nicht, weil du einen Termin hast. Ja. Ich hoffe, du machst jetzt absolut Grüße. Chillung. Oh, hallo. Störe ich gerade? Nee, wir sind fertig. Wir sind jetzt fertig, ja. Wir sind fix und fertig. Sehr gut. So mag ich am liebsten. Auf dann. Hi, Leute. Hallo. Guild-Meeting findet ja nicht Braucht ihr statt. etwas? Ja. Ich suche Gruppen für Sulfarak oder Uldaman oder vielleicht Early Maraudon oder sowas. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch einfach eine DM oder sowas. Ich bin noch nicht live, aber ich würde das heute Abend gerne machen und streue schon mal die Info. Ja? Okay. Ich bin leider ein bisschen Ne? zu high-level dafür, aber. Ja. Maraudern haben die Schön, gerade die gemacht, Reisen leider. sicher Ja, wir sein. sind gerade durch Maraudern gerannt. Ach, ihr schließt mich einfach aus, Nagura. Was mache ich nur mit dir? Immer, sie dodgt mich. Merkt ihr das? Ich mache das Chat? absichtlich, ja. Und es klappt Ja, recht das ist- gut. Das, Der brennende Hass, den fühle ich. Ja? Okay, aber ihr wisst Bescheid, wenn irgendwie was Ja. geht, dann. Miller, dann Dankeschön DM für den oder wenn ich dann Subgifts online- an Nein, ihr Lost findet mich schon. Kitten. Irgendwo findet ihr mich. Dankeschön. Ja? Dann euch einen großartigen Back to Abend. back, Ciao. Level 43. Ciao, ciao. Nice. Geh jetzt Pizza essen und frei. Nice. Ich gehe Ja, auch Pizza. Also, ich gehe nicht aber Pizza essen, vielleicht aber mal David nimmt mir eine Uldaman. Pizza Ich mit weiß nicht, wenn wir später. Uldaman machen. Ja, Müssen aber halt Uldaman. gucken, wie viel- Die wird auch ja. nice. Wenn Und wir ich werde jetzt diese eine Roulade Tango, essen dass gehen. wir- Haha, die hole ich mir Ja, nee, gleich. also Nilana hat, glaube ich, nur ZF angefragt. Dankeschön, Also- Ich meine, aber Ronja. das, wenn Viel wir Spaß, schönen Uldaman- Abend Wilbo noch. wollt ihr auch mit Uldaman? Dann werden wir... Ja, Und grüßt ja, Morisho von mir. Ich glaube, beim Krieger, ich glaube, Krieger Wie ist jetzt geht's? nicht schmerzhaft, wenn sie als CD auch So, reingehen. willkommen Also alle ich glaub- Leute. Wir machen weiß nicht, jetzt ob du- gleich BRD. Ich glaube Ich- schon, erst- ja. erst Also ist correct eine me if I'm wrong, aber Roulade und dann gehen wir also die BRD. haben wahrscheinlich eh selten Also, wir brauchen ein Tanken mit bisschen Schild oder laufen mit Bindung. Schild Ja, rum. und die da. Und Gürtel. Das heißt, die können, glaube ich, auch dann hatte ich als BD eigentlich reingehen und machen wahrscheinlich trotzdem den zweitmeisten Schaden oder meisten Svenja Schaden. versprochen, Ja. aber. Ja, sehr gut. Nach Naja. dem letzten Run in Uldaman dachte ich, Da war wir es brauchen nicht immer da. so zwingend ein Mage, weil die so OP da So. drin sind. Ich komme gleich So, ja, wieder. das ist Ich natürlich ein hole anderes mir Argument. jetzt eine Ja, Roulade. ja, Ja, ja. das ist natürlich. So, dann gibt's dann ein Ayo. Punkt. Ja, okay, dann lassen wir Daran hätte ich Ayo. nicht gedacht, ja. Stimmt, wenn wir schon kein Realistisch Townhall-Meeting gesehen, haben. Wir werden keinen Mage finden. Oder ich schaue noch mal, ob sich heute was geändert hat. Hier. Vielleicht hat jemand über die Nacht richtig Level gegrindet. Rolle nächste Ja, Roulade. müssen wir mal gucken. Ja. Nein, es Es ist ein. gibt da einfach keine Mages in der Ich zeige Stadt. sie gleich. Warte, ich mache mal nach Klasse und schaue nur Mage. Wo sind die? Ist eigentlich mal eine Frage an die anderen 50er, 54er. Ist so Düsterbruch so ein Ding, das man macht? Ich habe gefühlt ganz wenig Leute für Düsterbruch also gelesen, dass sie für Düsterbruch suchen. Macht man den nicht? Ist das einfach. Doch. Also, aber ich find- Düsterbruch West ist, also auf deinem Level eh nicht, aber das ist nicht die Ja, Frage, ja. ne? Nee, allgemein, genau. Also Düsterbruch West ist, so sagt man, mit die schwierigste Instanz, die es gibt auf Level 60. Mhm. Ja, da haben eigentlich so schwierig, dass halt Leute einfach da einfach die skippen wollen.
Düsseldorf Nord ist eigentlich sehr beliebt, weil man da diese Tribut-Runs machen kann. Das ist so eine spezielle Sache, da muss man so Bosse skippen, kriegt am Ende mehr Loot dafür und man kriegt am Ende auch World Buffs. Noch 3 weitere World Buffs, die extrem stark sind, so auf dem ähnlichen Level wie Onyxia Buff. Das heißt, der ist normalerweise sehr beliebt, aber ja, auch was schwieriger. Also die sind alle etwas schwieriger. Und in Ost müssen alle Magier machen, einmal, weil die da so eine Wasserquest machen können, damit die ein besseres Wasser bekommen. Wasser Level 55. Und sonst droppen da noch ein sehr guter Bogen für so Krieger, ich glaub, primär Krieger und Schurken. Also das kommt eigentlich auch nicht unbedingt rein. Klingt aber trotzdem so, dass die schon, also okay, also auf der einen Seite ist jetzt nicht so hundertprozentig wichtig vom Loot, aber auch, die sind schon knackig. Dass man einfach sagt, das ist das vielleicht... Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem, Ja, okay, genau. okay. Also der Guck mal, Loot wie ist sogar gut sehr das gut. Also aussieht. vor allem im Norden, bei diesem Tribute-Run, wo man diese Bosse skippen muss, der Loot ist ja sehr, sehr gut sogar. Aber ja, okay. hauptsächlich, dass es sehr knackig ist. Müssen, weil ich habe bis letztens bei... Sorry, ja? Ja, sag du. Nee, mach du erst, du hast bei mir was bisschen was anderes. Im Norden gibt es auch so eine ich glaube, das ist Mini-Quest, wie auch immer Mandarin, was, oder? wo man so einen kleinen Goblin befreien muss. Und der Goblin Ja, spawnt oder da so eine doch Kiste, nicht, die man vielleicht ist nutzen kann. Und Marille. in dieser Kiste können Rezepte für Berufe sein. Ich glaube, das ist Marille. Mitunter der beste Heilerrücken, den es ja fast bis Naxxramas, glaube ich, sogar gibt. Tree Thompson, danke für den Sub an Biskuitrolle. Es ist eine Roulade. Auch super gerne haben, weil es ein extrem starker Heiler-Umhang. Deswegen, also Loot ist prima da drin. Weißt du gerade, weil es ist bei Tolkien das ist ja eigentlich lecker. irgendwo, du musst ja für die Paladine und Hexenmeister müssen ja für ihr Mount auch irgendwo rein. Weißt du, wo der Hexenmeister rein muss? Ich meine, der Hexenmeister war nämlich im West drin, letztens mit Falgan. Ah, das war Tolkien, okay, ja. Ich glaube schon. Ich glaube Tolkien und noch Terste wahrscheinlich, vielleicht. Die waren, glaube ich, zu zweit. Ja, macht Sinn. Ja, macht ja Sinn, ja. Aber die müssen, glaube ich, in mehrere Inis, weil ich meine, es gibt auch einen Teil dieser Quest in Cholomanze, in Cholo. Ah, okay. Das klingt ja da nervig. bin ich aber, ich habe nie Hexern so gespielt, deswegen das ist Halbwissen. Ja. Aber ich meine, die waren Okay. auf jeden Fall in West drin. Ah ja. Ja, aber spannend. West ist wirklich extrem übel, also kann man auch spielen, 100%, aber muss man echt, da soll man nicht unvorbereitet reingehen und das ernst nehmen, die Ini. Narocken, Dankeschön für den Da Gift gibt's an zum Beispiel einen Boss Roulade. drin, der hat die Danke, größte Narocken. Ja, es ist eine Agro-Reichweite Roulade, im ganzen danke. Spiel, im Classic zumindest. Also wenn man die sagt, pass auf, der Boss, die kannst du sehr früh pullen, wenn du zu nah rangehst. Und selbst wenn man dann vorsichtig ist, dann pullt man ihn trotzdem zu früh. Also gigantisch. Das ist echt super Du lecker. wirst den aus der Entfernung und plötzlich greift er dich an. Und das ist dann auch ein bisschen doof. Aber ja, auch trotzdem coole Inis eigentlich. Ja, ich würde schon gerne wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob ich alle gehen würde wollen mal, aber Das ist so lecker. es ist auf jeden Fall interessant. Also Düsseldorf ist ja irre groß. Also deswegen wird es ja auch unterteilt, aber ich finde die allgemein schon... Uff, das triggert hart. Was triggert dich? Ja. Also, lustigerweise im Norden, den können auch Hunter solo machen, quasi diesen Tribute-Run. Da gibt es so Taktiken, das hat Hahn Ja, auch gemacht. Roulade heißt ja eigentlich nur, dass irgendwas eingerollt ist. Weil die dann immer diese World Pass verkaufen. Das Die heißt, machen also quasi es die gibt, Ini gibt alleine auch quasi. Und Fleischrouladen. Genau. Ja, aber ist das der Strobel nicht verkaufen? beigestorben? Also das heißt ja, das ein Wort Eichenrolle? Roulade Nee, heißt ja einfach nur, es das ist ist Das ist noch was eingerollt. anderes, aber das war auch Verkaufst wahr. So, der das- Strobel ist in DRD Rolle auch. gestorben. Ja, ihr könnt das Der Strobel gerne ist in Rolle DRD gestorben nennen, und aber bei da- uns heißt es Roulade. Ja, disconnected. Ja, Hört mich wieder wieder? da. Ja, okay, doch. Ja. So random. Das sind Reifen und auch, in diesem Rouladen? verkauft man zum einen die Buffs quasi. Das kostet Nein, jeweils ein 5 Gold. Dann Reifen wird ist man ein quasi Kreis. in die ID Aber gelassen von dem also Hunter. Roulade Und ist dann wie muss so man eine durchlaufen zum Ende und kann sich Spirale. dann diese Buffs abholen, die extrem stark sind. Die Ja, braucht man für jeden also Raid alles, was so quasi. spiralenförmig ist, Oder also wo den dann holt man sich jeden Teig Raid, ist und warum dann was tut das drin, nicht? das ist eine Roulade. Deswegen gibt es ja auch diese Und die der Fleischrouladen, Endboss, das sind der ja, droppt die so sehen eine ja Kiste genauso auf den Boden. aus Und in dieser wie Kiste ist dieser gute Loot drin. eine- Und diesen Loot in dieser Kiste, den kann man auch verkaufen. also wie eine süße Weil dann Roulade. halt man auch andere Leute einladen kann, die laufen durch die Instanz durch und können dann die Kiste looten. Und dann verkaufen meist halt auch Jäger dann diese Items. Also Maluda, wenn du eine Herausforderung willst. So, danke, das Sub an Rolle. Das ist cool. Wow, geil. Da kann der Hahn nicht bestimmt teachen. Ich meine, das ist Croissants, Rouladen. direkt und mal beim austesten. ersten. Genau. Ja, die Alter, ist Croissants, ein geiler Alter, kriege ich einen geilen Stab. also das muss, What the fuck? also ich glaube, die Definition von Stellen alle Roulade 5 Sekunden ist, dass du Mana halt, wieder her. Den hab ich auch Dafür- abgeholt, ja. also entweder einen Wow, Teig oder Alter, irgendwas halt der macht hast. gefühlt doppelt so viel Schaden. Warte mal, ich gehe erst Und mal kurz verkaufen. dann kann hast ich du was jetzt doch- dazwischen. Okay, warte mal. Also Aber das ist Schreibe doch, ich der jetzt hat dafür doch. keine Stats. zum aber der muss Beispiel, trotzdem glaube safe ich, wäre besser eine dafür sein, oder? Cinnamon Roll, Okay, aber welche Robe wäre haben wahrscheinlich wir eine Roulade. bekommen? Hast du die auch bekommen, diese Tasten? Weil die dreht man ja auch so ein. Also du musst ja Ich immer hab die Teig gestern sein nicht abgegeben. und dann was
drauf weiß und auch dann wieder nicht, Teig, dann was abgegeben, drauf und es muss halt gerollt sein. Intelligenz. Die Frühlingsrolle wieder nicht. So Geschäft. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn etwas Du hast einen Bogen bekommen. wenn ihr etwas ausrollt Alter, und dann irgendwas geil, drauf kannst du macht dann macht das und das andere dann Item jetzt auch Sinn. einrollt. Mega geil. Ja. Aber du wirst so Das ist halt eine gesteckt gerade, Roulade. ne? Ist das heftig. Hihihi. Jetzt sterben. Nein. Hattest du mit dem anderen Hunter schon so viel Gier? Nee, ne? Nein, also von Anfang an aber nicht. Also von Anfang an ist das hier deutlich besser. Hier, Definition. Roulade. A roulade is a dish of filled rolled meat or pastry. A roulade can be savory or sweet. A Swiss roll exemplifies a sweet roulade. Various European cuisines produce roulades. The English name roulade originates from the French word roulade halt. Meaning to roll. Hier, Meat Roulade, hier hast du hier. Hier Sushi Roulade, guck. Und hier Slice of Cake Roulade. Achso, muss ich mal hin. Cinnamon Roll, see also. Ich müsste mal hier Ding fragen, Gringo Meier, ob er mal ein Lied über Rouladen singen möchte. Naja, für die Idee auf jeden Fall mitnehmen. Some roulades consist of cake, often sponge cake, baked in a flat pan rolled around a filling. Cake rolled around jam, chocolate, buttercream, nuts, or other fillings is an example of a sweet roulade like the and the Swiss roll. Jetzt habt ihr es aber, ja. So. Jetzt, wo ich gewonnen habe, jetzt, wo ich das Argument gewonnen habe, was machen wir jetzt? Jetzt, wo ihr alle Unrecht habt und ich Recht, was machen wir jetzt, Leute? Aggression, schwarze Perle. Was machen wir jetzt? Auch Bank? Oder kann man das zählen? Weil ich habe manchmal Leute gesehen, die brauchen so Perlen, aber weißt du das? Ich habe schon gefühlt 30 Perlen aus der Nagerhöhle zur Bank geschickt. Okay. Also wir sollten genug haben. Also kann ich demnächst anstatt Sushi einfach Fischroulade bestellen? Ganz genau. Ich schreibe das alle falsch. Das heißt Mach nicht einfach. R-O-U-L-A-D-E ist das. Alles gut, wenn du nicht weißt. Das ist nicht Roulade mit 2 L. Wenn ich dich gerade mal habe, frage ich dich. Das kommt aus dem Französischen, Leute. Es ist eine Roulade. Es auf dem englischen Client. Es gibt aber leider nur für den englischen Client ein Add-on. Es sind keine Rollläden. Es ist eine Roulade. Für jeden Beruf, wofür man dieses Item braucht. Das ist Französisch. Das finde ich extrem cool. Bin ich falsch geflogen, unlucky. Wie geht's? Masa, wie lange brauchst du noch bis zum Level Up, wie viel XP? Müsste bald so sein, ne? Ja, bald. Also ich bin gerade über die Hälfte, aber ich habe auch noch nicht alles abgegeben. So, ich bin auch, also ich bin noch 24%. Zellstoff muss ich behalten, ne? Was du das? Wo gibt man denn? Okay, dann schon. Es ist eingerollt, genau. Es wird eingerollt. Ganz genau. Habt ihr sonst irgendwelche Tipps, wo ich am besten jetzt questen kann, wenn ich Level 48 bin? Wo es halt sicher ist, auch alleine? Ich Also eine alleine ist, glaube ich, Gegend oder... schwierig. Also uns schickt der zumindest jetzt, glaube ich, mit 50 nach Unguru-Krater. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Irgendwie, ich habe halt Rested XP jetzt wirklich ausgemacht, weil es irgendwie für mich... Also ich weiß nicht, die meisten Quests kann ich nicht machen. Oder ich glaube, ich spiele es so schlecht. Nee, also ich glaube, Rested ist ziemlich blöd, doch, wenn du das erst später anfängst. Ich meine nur Unguru im Sinne von schlägt davor, weil vermutlich das ein gutes Gebiet ist. Wohin gehe ich jetzt eigentlich? Also ich hole mir gleich die Double Buffs. Ich glaube, wir gehen als nächstes, wir sind jetzt fertig hier und dann sagt er uns nach. Achso, warte mal. Ich gehe, glaube ich, noch mal das sagen, ist der ja 50 Schlucht bis einfach. 51. Ja, meint, ich bin dumm. Hallo. Ja, wir sind ja schon gleich da, aber ich bin ja immer ein Level hinter dir quasi. Deswegen. Ja, ignoriere alles, was ich gerade gesagt habe. Vergiss es. Lösch es aus deinem Gedächtnis. Das ist noch sehr hoch, glaube ich. Wir gehen auf jeden Fall gleich. Bin mir Buffs gibt es um 19 Uhr oder 18:55? Ich gucke eben nach. Ich glaube schon um 19 Uhr. Aber Nagerhöhle ist für mich immer noch Worth, auch auf Level 48. Ja, glaube ich schon. Und dann probiere ich da einfach. Ich war auf Level 52 drin. Bis Level 52? 19 Uhr, okay. Okay. Hast du da Tipps für alleine? Wenn man alleine Lagerhöhle Pass auf. Weißt du ja, warum meine aber ich war halt Deleter.
Frage ist eher, warum meinen Kuchen rollen? Du musst dich ja langsam vortasten, aber du musst halt echt, also die respawn halt obviously relativ schnell, deswegen ist man ja da drin. Ja, ist echt eine gute Frage. Warum sollte man den rollen? Ja, aber schwierig, da Tipps zu geben, also... Ich würde aber langsam vorgehen, so ein Gefühl dafür Gute Frage. Zu bekommen, quasi, wie die respawnen und sowas. Wir sollten... ich habe das nur als Wir sollten das auf jeden Fall recherchieren. Warum warst du da drin, wenn du nach Rested spielst und du ja von Anfang an mitgemacht hast? Einfach um die XP rauszunehmen, oder? Also ich mache da viel mehr XP als mit Rested und das ist auch, also ich hab dann kurzzeitig mal eine Pause gemacht. Ich habe da 40.000 XP pro Stunde gemacht, das war echt hui. 40.000. Dann machst du viel Schaden. Kann das sein, dass du wieder? Man könnte ihn auch falten, sehe aber scheiße aus, darum rollen wir. Also man kann quasi crazy spielen, wahrscheinlich auch als so eine Klasse. Irgendwo sonst steht, dass es etwas anderes außer Fleisch ist, abseits von Wikipedia. Aber das ist halt Was? super riskant. Ne? Nein, du kannst es... Was ist los mit euch? Ich kann mich nebenbei quasi heilen und so. Das heißt bei uns halt einfach so, Leute. Ich habe am besten, glaube ich, immer noch wahrscheinlich als Krieger, wie immer für alles Krieger. Ich kann das ja direkt googeln und es kommt Kuchen. Und ich halt hier, Roulade. Ich habe das gegoogelt und es kommt Kuchen und Fleisch. Ey, es ist aber wirklich jetzt. Nur weil ihr das anders nennt, ist ja okay. Ihr könnt das ja Rolle nennen, wenn ihr das möchtet. Ja, aber bei uns nennt man das halt Roulade. Und das ist nicht falsch. Das ist halt einfach. Okay. Das nennen die halt einfach so. Das ist aber nicht falsch, deswegen. Ja, das ist immer so. Ich mache das Ganze so wie Mikado. Das ist ja jetzt aber auch gut, Leute. Das ist nicht so ein... Darüber muss man sich jetzt wirklich nicht 2 Stunden lang streiten. Das ist echt schnell gewesen, was man streng habt. Mann, das ist ja schlimm mit euch. Ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt deutsche Viewer habe, ne? Leider. Egal, ich probiere die Nagel. Das switche ich von Englisch auf Deutsch, ne? Und dann streitet man sich 2 Stunden lang über das Wort Roulade. Das ist ja aber hier sehr wichtig, dieses Gespräch. Das sollten wir weiter aufgreifen. Ich sollte vielleicht ein paar Leute anrufen und fragen, wie sie das nennen. Wir sollten vielleicht eine Umfrage machen. Ich sollte Deutschlehrerin sollte ich anrufen. Vielleicht sollte ich mal Ding fragen. Warte mal, ich sollte mal hier... wie heißt er nochmal? Gringo Maya sollte ich mal fragen, wie er das nennt. Ich glaube, egal wie Gringo Maya das nennt, das wird ab dem Zeitpunkt dann einfach korrekt sein. Also wenn irgendwer den Kontaktdaten von Gringo Maya hat, sag gern Bescheid. Der wird dann einfach entscheiden, wie wir das ab jetzt nennen, okay? Okay. Warte mal, 18. Also, nee, das wollen wir nicht. Okay, was ist das eigentlich? Du kommst da halt nicht hin, ne? Geil. Ja, ich erinnere mich. Sigmund, danke für die 4 Monate. Also Nun hast du echt einen Antwort. Ja, leider schon. Hast du diese Staffel Gringo ist Pelz, also, dann nennen wir es Kuchen. Ich habe ihn angelegt, ja. Der Kuchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob... also der ist schon geil, aber auf jeden Fall halt nicht Jen-Fragen. Ja, Jen nennt das wahrscheinlich... Ich weiß halt nicht, ob 5 Sekunden 8 Mana wiederherstellen besser ist. Wie nennst ist du das wohl? Wahrscheinlich... 18 Willenskraft und 5 Intelligenz. Weil ich glaube, Stats sind schon echt wahrscheinlich Lasagne gut. Oder so. Aber ich finde die Mana halt auch bei geil. Jen ist es bestimmt eine Lasagne. Ja. Segenbunden ist ja immer, wenn du Ausquest bekommst. Oder was meinst du? Das wusste ich. Ja, das meinte ich. Immer, Questgegenstände sind immer Segenbunden, ja. Also der Vorteil, das ist Halbwissen leider, weil heißt im Osten auch Roulade? Aber der Vorteil von diesem, was auf dem Stab ist, dieses 8 Mana pro 5 Sekunden, das tickt halt jede 5 Sekunden. Und die Willenskraft zum Beispiel tickt dann nur, wenn du diesen MP5-Fenster bist. Ja. Das ist ein bisschen, wenn du so gefühlt Speedrun von jeder Pause machst oder so, dann ist natürlich das 8 Mana pro 5 Sekunden. Das Problem ist halt, ich habe halt als Heal, gehst du in die geistige Führung rein, das ist Cremeschnitte. da kriegst du 5 Punkte. Und Warte mal, die machen aber viel Damage in diese Elite-Mobs. Deine Heilung, der am Ende, wenn du 5 Skillpunkte hast, 25% eurer gesamten Willenskraft entspricht. Ah, true, ja. Und das ist halt dann, da weiß ich nicht, also da brauche ich noch ein bisschen für und ich glaube, ich werde ihn jetzt trotzdem erstmal anlegen.
Aber das sind dann so Sachen, da muss ich mich dann irgendwann mal später beschäftigen, was besser ist. Oh, für den brauche ich schon ein bisschen. Hm. Das, Kurze Frage. Kiba, Ja. bist du noch? Kannst du auch ein bisschen noch nochmal. Ironforge machen? Nee. Ich bin kein Mage. Eine halbe Stunde später. Nee. Tut mir leid. Aber Kiba könnte für uns. Kiba könnte für uns Ich könnte jemanden ich kann nur jemanden herporten. Kiba könnte für uns nach Ironforge fliegen und dort Oder jemanden 2 fragen Leute und uns organisieren. rantporten. Ja, Genau, 2 das könnte Leute. Kiba machen. Das ist aber lieb. Nein. Danke. Ja. Danke. Das ist ja nett. Das hätte ich nicht erwartet, dass das für uns tust. Für euch alles. Oder man nennt es einfach Biskuitrolle. Du hast gerade Biskuit mit QU geschrieben und jetzt möchtest du das wieder so nennen. Ja. Wirklich? Wir machen es einfach weiter, würde ich sagen, ne? Eine Biskuitrolle, wir sind ja oder eh was? in Hinterland Ja. Ich glaube, Springelthornvale. Jetzt wird's aber ganz wild Aber hier. wir müssen noch gleich nach Minitil, dann würde ich kurz nach Ironforge. Jetzt An die beschreibt Bahn. mir es noch, wie man das Minitil Wort müssen wir. Biskuit schreibt. Hinterland ist auf einem anderen Kontinent. Kommt schon Nee, Hinterland kurz. ist dort, wo Booty Bay ist. Achso, wir müssen jetzt auf einem anderen Kontinent, ja. Genau. Aber Hinterland ist da, wo Booty Bay und auch Sorry. Ironforge ist. Achso, kommen wir von hier schneller von Booty Bay oder von Minitil? Ich glaube. Safe Booty Bay. Safe Booty Bay. Also Ratchet. Wir würden nach Ratchet fliegen und dann nehmen wir den nach Booty Bay. Aber dann fliegen wir doch länger wieder hoch nach Hinterland. Aber was ist denn der aktuelle Punkt? Ich weiß da nicht, 89. Hinterland ist ganz oben. Ach, wir sollen jetzt schon nach Hinterlande fliegen. Nee, dann, sorry. Ja, dann Düstermarschen. Wollen die eigentlich einen Full-BRD-Run machen? Was haben die denn für ein Level? Die Leute, mit denen ich jetzt gehe. zu erledigen. Kann ich in Schlingdorn eigentlich noch questen mit Level 48? Oder Ja. geht das nicht? Weil ich glaube, dann würde ich lieber bei Booty Bay jetzt hinfliegen und mich da schon auf den Weg machen. Es gibt noch, also wir hatten zumindest noch 3 Quests gemacht oder 4. Das war einmal, dass du die ganzen Elite töten Und ich musst. schaff aber die schaffst du, Mobs denke ich, mit einfach deinem nicht. Begleiter Guck auch mal, wie viel HP alleine. die Mobs haben hier. Bactira oder so und Mama. Ja, Bakteria habe ich damals auch alleine gemacht, Bagatera. genau, das sind 3 Quests auf jeden Fall. Die, denke ich, kannst du machen. Und ansonsten weiß ich halt nicht, was du noch gemacht hast, aber also die werden wahrscheinlich, also wenn da noch Quests für dich sind, werden die wahrscheinlich grün sein, aber ist ja eigentlich trotzdem wirklich. Du musst halt, ich weiß halt nicht, was für Quests du noch offen hast, ne? Also, Toro ist. Ich würde halt irgendwo einfach Mob-Farming machen. Ja, ist doch mal Hantor. Ja. Hantor. Da noch ein 54, Race, weiß okay. ich nicht. Also, Und sie waren. Wer war da jetzt noch? Noch ein Hunter, glaube ich? nee, Pille glaube nicht in der vielleicht? Nähe. Nee. Also nicht richtig in der Nähe. Weiß nicht. Gucken wir dann. Aber ich denke, wenn sie 54 sind ungefähr, dann wollen die auch nicht einen Full Run machen, glaube ich, oder? Aber du Wahrscheinlich. kannst schon, Nee, mach du erst. Alles gut. du kannst schon, also wenn du jetzt in Feralas in die Höhle da gehst. Wie gut du ist bist denn die ja, ich sag mal, du Drop-Chance? brauchst von Muss der ich ja Höhle, irgendwie wenn du jetzt 50 nicht von bis denen ganz am Ende töten, bist, oder? Bis zum Flugpunkt Denkst brauchst du? du, ich würde sagen, 2, 10 3 Minuten. reichen. Und dann kannst du von dort fliegst du nach Ratchet ja, und perfekt. dort ist ja das Boot direkt nach Booty Bay. Also du Ja, könntest easy. theoretisch locker noch, Ja, je dann. nachdem wie schnell du halt da bist, bestimmt 20 Minuten mindestens noch in der Höhle Nagas töten. Das Ding ist, ich komme hier gerade nicht mehr von Desoles weg, weil ich irgendwie nicht zu diesem Flugpunkt komme hier. Ah, okay. Vielleicht solltest du kommst Ich Rest verlaufe sagen, dass mich du die ganze Zeit. Taler Ich bist. die ganze Zeit. Ja, ich glaube, Jetzt hab ich den Weg gar nicht gefunden. Restixy weiß nicht, was ich für eine Klasse spiele. Ich glaube, ich fliege einfach schon mit nach Booty Bay und dann kann ich auch welche von euch dann porten, wenn ich schon mal früher da bin. Das ist total so oder so nicht. Ja, kannst, also wenn du den Stern Ja. hast, würden sich bestimmt Leute freuen. Genau. Auch falls ihr zu spät dran seid oder so. Ja, da wir jetzt auch bald zum Booty Bay buffen müssen, Tim, Das stimmt. Ich liefere ich nur will feinste gleich nach Ware. Minitil, wirklich, von Terramon. Braucht ihr etwas? Und dann würde ich ganz kurz, ich habe noch diesen Hat den Piraten, Torch das, of was du gestern Retribution? gemacht hast mit der Kanone. Das Dann würde ich ganz seht kurz einmal abhaken. Machen wir so. und vielleicht Jawohl. Torch of müssen wir dann Retribution. Booty Bay abgeben, glaube ich. Ja, klingt toll. Machen wir so. Geil. Und wir können unterwegs auch Okay. dann, wenn wir in Stormwind waren, danach kurz in Ich werde Westwald Geduld die haben, ja. echt silberbaren Quest abgeben, weil das sind beides so Quests, die uns jetzt noch XP geben würden, wenn wir noch Ja. länger warten, sind die dann. Ja, ich check auch gar nicht, warum er uns das nicht abgeben lässt vorher. Der hat halt Ich gedacht, müsste auch noch dass, irgendwo eine also, Quest um abgeben. diese echt silberbaren zu bekommen, das ist halt Zufall. Ach, Internaris Also, muss ich noch eine ja, Quest abgeben. deswegen dachte er, lass Genau. es lieber sein. So. Also fliegen wir jetzt nach Terramoya. Ich muss noch eine Quest auch in Danassus abgeben. Gut, ich bin mal kurz auf K. Dauert 5 Minuten. Und eine hier. Und hier. Oh shit.
Seid gegrüßt. Hallo. Hallo. Ja, hallo. You must have the torch of resolution equipped. Ah, verstehe, verstehe. Okay. Kannst du eine Playlist da machen? Ja, okay. Okay, weil du so nett fragst. Also, ich sehe das ja. Also, wir müssen jetzt auf den Turm und das irgendwie. Können wir das so in Range machen? Bei einer Wachposten Kohlenpfanne? Ah, nee, das braucht eine Kohlenpfanne dafür. Okay. Also ist wieder hoch auf den Turm rauf wahrscheinlich, oder? Don't go yet. Nee, ich glaube schon. Don't go yet. Warte, wer ist denn hier Elite? Ach, der ist Elite. Mann. Wo sind die alle Elite? Schaffe ich den? Ist da nur der eine? Ja, okay, dann fighten wir den mal jetzt eine halbe Stunde. Der knockt mich nicht oder so. Macht er irgendwas Komisches? Der macht hier gar nichts. Also der hittet mich einfach nur, oder was? Okay. Okay, ja. Das geht ja, der Mob. Der ist nicht so schlimm wie der andere vorher. Ja, ich sehe das schon, dass das eine Elite ist. Ich sehe den schon. Danke. Du musst mich nicht nochmal warnen, dass das eine Elite ist. Ich hau den ja gerade. Dankeschön. Okay, da muss irgendwie eine Kohlepfanne sein. Wo ist die denn? Ist die unten? Warte mal, ist die gar nicht hier? Ah, doch, hier. Cool, okay. Jeder zu mit der Ecke. Okay. Oh, das soll ich. Oh, das ist wahrscheinlich zu spät jetzt. Aber ich hätte vielleicht ein paar Pre-Quests machen können für BRD. Oder. Es sind bestimmt noch irgendwelche, die ich noch machen kann. Ja. Shit. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Welcome back. Tonight was. Warte mal, das ist hier, ne? Vielleicht irgendwas was ganz Schnelles vielleicht? I was somebody. This is somebody. Aber es gibt aber so viele Quests, aber die sind alle rot. Ich glaube, das ist eh egal. Quest Start, NPC, Marshall, Maxwell. Habe ich das? Die wahren Meister. Ah, die kann ich nur eben machen. Du kannst diese Quest nicht annehmen, warum? Ah.
Warum? Nee, ich habe mein Hühnchen-Interface nicht gebaut, nein. Nope. Maluna, beeil dich, das Schiff ist gerade da. Hast du im Flieg schneller. Nicht beide. Ich glaube, das schaffst du nicht. Die Unifried, du musst zuerst Drachie-Bedrohung in der Brandstadt machen. Ah, okay, danke schön. Also. Ah, die da, diese 44 Elite-Quest. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen hoch. 44 Elite. Ist es noch da? Ich renne. Ist noch da, ja. Ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Vielleicht hätte ich mounten sollen und nicht Okay, ja, dann schaffe ich die vielleicht noch nicht. Ah, vermutlich. Wenn es jetzt wirklich auf die Sekunde nicht passt. Aber zum Mounten muss ich ja auch kurz warten. Oh, Nein! Geh drauf, Oh. geh drauf. Ach, scheiß auf. Ja, die ganze 60er-Quest, die brauche ich ja nicht machen, oder? Nee, hier da nicht. liegt jemand. Ah, da liegt auch jemand, guck mal. Oh ja, stimmt. Urzutz HC. Den hat's zerschossen. Ja, egal, das mache ich mal nicht, weil... Ja. Naja. Schön, man kann hier angeln. Warte mal, kann ich angeln? Oh. Nee. Was für ein Skill brauche ich für Angeln hier? Okay, ja, egal. 130. Wait, das habe ich. Ja, ich kann nicht angeln, kann ich ja sagen. Alter, geil. Geh mal kurz in die Küche. Das, Nein, ich hab's das nicht, weil ich das Lustige Ding gekauft hab, daran ist eigentlich, dass... Also ich mache ja gehe da an den gerade... gleichen Ort wie Maluna und Ich mache gerade Rested Experience. Ja. Und ich mache 50 bis 51. Jo, vielen Dank. Und ich Hier. müsste diese Ist 44 geil, Elite ne? hier mit Ja. 50 Und so. töten. Ja. Genau, genau. Jetzt Ich weißt bin du wieder, dass 54, er kann ich kaum töten. Wirklich, ja. Aller Priester. Alles klar. Eine tolle Gruppe. Ja, schreib mir gerne. Ja. Habt einen schönen Dankeschön. Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Danke, tschüss. Achso, wo müssen wir eigentlich wegen ZF? Wo treffen wir uns da? Und welche Quests müssen davor noch angenommen werden für ZF? Oder kann man die alle scheren? Die sind, eine ist in Düstermarschen und die anderen sind alle in Gadgezahn. Oder Tanaris. Oh nein, ist das auf dem Kontinent? Oder wo? Das ist auf einem anderen Kontinent. Das ist da auf dem Kontinent, wo wir gerade waren. Oh nein. Nicht da, wo Booty Bay ist. Aber alles gut, du hast doch, also ist doch kein Stress. Okay. Also, du fliegst eh von Booty Bay nach Ratchet, von Ratchet gehst du dann nach Düstermarschen, da nimmst du die eine Quest an und dann fliegst du nach Tanaris, wo auch der Dungeon Man, ist diese und da sind die ganzen Quests. Elite-Warnung hier über meinem... Das ist eigentlich total dumm. Kann ich das wegbewegen? Das ist ja genau über meiner Castbar. Das ist richtig dumm eigentlich. Obwohl Booty Bay kommt erst in einer halben Stunde, right? Nee, heute ist kein Gildenmeeting, weil Hennos krank ist und Papa Platte war im Urlaub, hat dann natürlich auch keine Zeit, irgendwas zu organisieren. Okay. Und deswegen gibt es kein Gildenmeeting. das oben? Dieser Ganz Wald? unten rechts. Ganz unten rechts. Unten rechts. Ich habe In dann Kalimdor. Gadgezahn Tanaris, Ja. aber ich habe da keinen Wald, wo ich hinkomme. Oder muss man da dann hinfliegen? Ist oder das keinen reiten? Bock? Hast da keinen Hey Leute, Ruhe. Ich meine, Erstes Mal. Einmal So. in Gadgezahn Hey, kann man welche erstmal wird hier niemand geflamed. Und zu dem wollte ich jetzt hin. Genau, Ja, das was ist ist los mit euch? Warum ist das so Marsch von toxic? Dustwallow. Das ist unter Hey, alles in der Ruhe unter hier. Flachland, unter Ratchet. Bei Terramore, ne? Genau, Also wenn das Terramore, einfach, genau. Da es müsste ist, eine okay, Quest, es ist wenn halt du da einfach raufgehst, Hennos müsst ihr auch sehen, Aufgabe, die diese ist, Gilden-Meetings zu machen. Die haben ja, bisschen sind ja 3 Leute, die haben bestimmte Aufgaben aufgeteilt. Und das Guild-Meeting war halt einfach die Aufgabe von Henno und der ist halt krank, kann das nicht machen. Und Kevin kann das halt auch nicht vorbereiten, weil er im Urlaub war. Und der ist ja relativ kurzfristig krank geworden. Eine Quest, die müsste sie Und eigentlich dann hat, sein. wenn Mitashi halt keine Zeit hatte, das dann kurzfristig zu übernehmen, dann hat er halt keine Zeit. Ne? Also, Ja, der Tiefen. beruhigt euch doch mal. Genau, jetzt. das ist eine Quest und die anderen sind alle in... Das ist hier, ne? Okay. Wir spielen wie ein Videospiel. Gerne. Dann kann ich die nämlich schon mal abholen, kann ich was Sinnvolles machen. Und die anderen hole ich dann quasi, wenn wir eh zusammen hinfliegen, ab. Ja. Was meinst du? Wie, da muss man nicht mehr was vorbereiten? Natürlich muss man da was vorbereiten. Was denkst du denn, was da passiert? Denkst du, wir treffen uns und dann sagt niemand was, dann gehen wir wieder, oder? Oder was? Wenn man nichts vorbereiten müsste, dann müsste es ja auch keine Meetings geben. Aber wirklich jetzt. Seid doch was nicht so toxisch. Ist doch hier, oder? Also ist doch viel besser, dass man es abbricht
statt jetzt irgendwie sich zu treffen, so ganz gezwungenermaßen und dann hat man nichts, das man erzählen möchte oder will, weil einfach nichts geklärt wurde. Also wenn halt nichts geklärt wurde und wenn Metashi halt irgendwie, keine Ahnung, einfach nicht weiß, was Hendo machen will und Hendo hat einfach keine Energie, das jetzt irgendwie weiter zu sagen, dann ist es halt so, ne? Also kann man da auch nichts für, dass Hendo jetzt krank geworden ist. Und sich einfach so treffen, weil man sich, also einfach so, ohne einen Grund, macht ja auch keinen Sinn. Die ganzen Leute, die bei dem Event mitmachen, die wollen ja auch andere Sachen machen. Die wollen ja auch Dungeons machen und leveln. Ne? Und sich da einfach so zu treffen, ohne irgendwas, macht ja auch keinen Sinn. Deswegen ist ja gut. Was ist eigentlich mit der Quest hier? Ich glaube, ich gehe da mal nicht rein. Das sieht gefährlich aus. Mal hier hin. Ah, der Turm ist auf einer... Aha. Ah, da muss ich die ja alle clearen. Oh Mann. Shit. Das dauert ja eine Ewigkeit hier. Hey, Tom Turbo. Am Wochenende Level 60. Nächstes Wochenende, ja, vielleicht. Bin zwar ein bisschen langsam, aber... Was ist denn heute? Sonntag. Wie lange brauche ich denn bis Level 60? Ich weiß es nicht. Also nächste Woche, also Mittwoch bin ich nicht da. Morgen und übermorgen wäre schon cool. Also bis Mittwoch schaffe ich doch wohl Level 56? 56 schaffe ich schon in 2 Tagen. Schon erst 57, oder? Ich weiß nicht. Je nachdem. Solo-Level ist halt schon echt einfach ultra langsam. Und wenn ich ein paar Dungeons mache, dann geht's halt. Aber Dungeons halt auch immer so. Wir machen halt jetzt Dungeons, die halt eher High-Level sind. Und dann kommen da Leute mit, die halt schon fast Level 60 sind. Und dann bekommt man da irgendwie gar kein XP mehr. Heute in Maraudon habe ich auch fast gar kein XP mehr bekommen. Hab da auch keine Quest und nix. Ja, Gucci Kids sind jetzt 43. Das ist echt gut. Das ist richtig nice. Ja, und Jen wird jetzt ein bisschen behind sein, weil Jen war jetzt ein paar Tage nicht da. Heute ist sie auch nicht da. Ich glaube, Jen ist 50, oder? Brauchst du Hilfe bei dem Piraten? Eigentlich... Was war denn das eigentlich? Das war nur, dass die 2 da gespawnt sind, ne? Ja, das sind 2 Leute. Jen macht demnächst Skiurlaub. Wann fährt sie denn eigentlich in Skiurlaub? Ich kann ja auch, muss ich für die Quest auf die Kanone schießen oder soll mir das einfach nur helfen? Ja, nee, ich glaube, du musst. Also bei mir hat es auch erst funktioniert, als die Kanone die Nagas getötet haben. Glaube ich. Okay. Vielleicht war es auch einfach zeitlich, keine Ahnung, aber die ganze Zeit dann nichts funktioniert und plötzlich. HC, ja, wir spielen HC, ja. Ja. Also wir fliegen auf jeden Fall 8 Minuten nach Woody Bay, ne? Merke ich gerade. Von da oben wahrscheinlich sogar 10. Also du musst... Ich habe gesehen, dass sie einen Iron-Stream macht mit einer anderen Streamerin. Die kannte ich gar nicht, eine Streamerin, aber... Das ist okay, dann komme ich glaube, sie kommt aus Schweden? Okay, Boah, ich weiß nicht, ich würde lügen. Du hast 10 Minuten Zeit. Was machen sie denn heute? Also ich habe halt ganz am Anfang geguckt, als sie in Hamburg waren, aber ich habe nicht gesehen, was sie dann gemacht haben. Oder was sie machen. Ja, Johnson ist auch fast Level 60. Aber Johnson habe ich keine Bedenken, dass der das schafft. Johnson ist ja fast schon 60. Wird er richtig hart durchgezogen. Ich glaube, Gucci und Lost Kitten, ich glaube, ohne Witz, ich glaube, das größte Problem könnte vielleicht echt Jen sein. Weil Jen war jetzt ein paar Tage nicht da und Solo-Leveln für Jen ist halt schwierig, sie ist Priesterin. Wir haben noch die Schrifttafel. Sie bräuchte halt irgendwie, mit der sie leveln kann.
und noch irgendwas. Und wenn sie jetzt wirklich in Urlaub fährt, Also ich hab, glaub ich, alle abgegeben, aber ich dann, glaub, dir fehlte dann noch weiß ich nicht, ob sie das schafft Schweiß, bis, oder wie das heißt. bis zum das Molkenkott-Termin. Das wäre schon schade, wenn sie es nicht schafft, aber Okay. also wenn sie Urlaub hat, dann hat sie Urlaub, ne? Also. Ja, super. Aber ich hatte dann 3 Sulfara-Quests, als ich wieder zu Stimme, also neue Quests. Ist halt dann so. Muss ich gleich mal gucken nochmal. Die habe ich dann jetzt Neue abgebrochen. Quests? Ich guck nochmal. Ja, ja. Aber ich guck bei Quests hier. Ja. Verfügbare Quests. Necroms Medaillon. Nö, ich glaube nicht, dass sie die Lust verloren Ja, hat. oh, Sie die hat halt müssen wir einfach andere für die Sachen. anderen Also, du musst halt bedenken, es geht einfach so lange, ne? Ich mache ja auch andere Sachen. Ich habe ja auch jetzt einen Real-Life-Stream gemacht und so, weil du musst halt auch bedenken, also haben wir, wie die Jen haben zum Beispiel, wir, sie ist die halt haben wir eine noch. Streamerin, die macht sonst RP. Ja, aber die habe ich halt. Ja, Und aber du musst mir nochmal teilen. Wenn weil sie ich jetzt hab 2 ja Monate lang Wochen nur Platz WoW zu streamen machen. würde und sonst gar nichts, die Leute, die dann Die halt ist auch das teilbar. Event nicht mögen, sind halt dann auch irgendwann weg. Ne? Also ist nicht Ja, so, dass dann, sie, also ich denke nicht, warte mal, dass es Verwüstete so ist, Land dass sie ist keine doch Lust hier, hat. oder? Es ist halt einfach, sie muss halt auch hin und wieder mal andere Sachen machen. Und einige Termine, die sind halt schon vorgeplant, die, Actually, also wie zum Beispiel, es war halt Eisstockschießen vorgestern. Wenn die teilweise. Und ich denke mal, das war halt einfach ein Event, das war halt schon geplant. Kadi war ja auch da und Asta und so weiter. Es war halt einfach ein geplantes Event. Und So, dann am eventuell, nächsten Tag war sie halt wenn du es zeitlich nicht in schaffst, könnte Kiba dich bei irgendeinem abordnen. Magic the Gathering Ja, Event. er hat gesagt, dass sie das Und das war halt wahrscheinlich auch schon vorher geplant alles, ne? Also musste sie halt hin. Und dann heute hat sie diesen Real-Life-Stream mit der anderen Streamerin. Ich denke mal halt auch, dass das alles geplant war. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass sie keine Lust mehr hat. Also Leute haben halt einfach andere Sachen zu tun. Das ist halt so. Und ja, hin und wieder macht sie halt auch RP-Streams wieder. Was ja auch völlig okay ist, weil, wie gesagt, sie ist also eine RP-Streamerin und wenn sie nur noch WoW spielt, dann also. Ja, und sie muss eben auch noch an einem Studio arbeiten, ja. Also Jen ist, also schon krass viel Jen halt arbeitet und macht. Und dass sie generell 50 noch in WoW geschafft hat dazu. Und dann hat sie ja teilweise ein bisschen langsamer gelevelt, damit sie auf uns warten kann, weil Ronja nicht gestorben sind. Aber jetzt müsste sie halt wieder ein bisschen mitleveln, aber ist halt schwierig, wie gesagt. Wenn sie andere Sachen zu tun hat und so. Aber ich glaube wirklich nicht, dass sie keine Lust mehr hat. Ich glaube, es hat einfach andere Sachen zu tun. Ja, das mit dem Urlaub, ich weiß nicht, wann sie fährt. Kann schon sein, dass sie es trotzdem schafft, Level 60 zu werden. Weil es dauert, also ist ja noch 2 Wochen. Bis zum Termin. Und dann wissen wir noch nicht mal, ob dieser Termin überhaupt eingehalten werden kann oder ob der noch verschoben wird. Also nochmal die andere Frage. So, jetzt muss ich losfliegen. Sonst schaffe ich den Double Buff nicht mehr. Genau, Chrisfix. Sie muss sich schon wegen der königlichen Nachkommen, ganz genau. Ja, es wäre ja ziemlich gut, wenn Gucci und Kitten es schaffen würden, also auf Jens Level aufzuholen. Weil dann könnte Jen wieder mit Gucci und Kitten mitleveln. Ich glaube, also Jen braucht einfach jemanden, der ein bisschen mitleveln kann, weil sie ist halt einfach Priesterin. Und alleine ist halt schwierig. Deswegen glaube ich, wäre es ganz gut, wenn Ronja und Gucci da mit ihr wieder spielen könnten, eventuell. Hey Maya, wie geht's? Weiß denn jetzt jemand, wann sie Urlaub hat genau? Hey Tiloken, guten Abend, guten Abend. Ich meine am Wochenende. Ah, sie fahren nächstes Wochenende, meinst du? Ab
Mittwoch meintest du? Den 5. Okay, und wie lange ist er dann weg? Eine Woche, oder? Also 5. wäre Donnerstag. Ja, wenn sie dann eine Woche weg ist. Ja, dann kann es schon ein bisschen knapp werden. Also, es könnte knapp werden für den ersten Termin, der halt gesetzt wurde. Weil dann hat sie halt jetzt nur noch 3 Tage bis zum Urlaub. Und dann nach dem Urlaub hatte sie noch, wenn es eine Woche ist, hätte sie noch mal 3 Tage. Dann hat sie halt 5, 6 Tage, wo sie dann halt noch Level 60 werden könnte. Könnte ein bisschen knapp werden von 50, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Termin halt noch eine Woche verschoben, kann halt auch sein. Braucht ihr etwas? So, mal gucken. Ich nehme das, was am meisten Geld gibt. Seid vorsichtig. Turn in the key to freedom. Wir können da wooden Outhouse. Ah, die wollten, dass ich da unten die Quests mache. Ja, nee. Muss ich da irgendwas machen mit dem? Nee, oder? Ah, doch. Oder? Nee, das ist eine Drop-Quest. Oder? Muss ich mit dem was machen? Ah. Ach so, ich muss da draufdrücken. Ah. Man, das ist irgendwie so angsteinflößend, wenn das so ein riesiger Drache ist. Aber Was kann ich für euch tun? okay, das war's jetzt? Oder wie? Kann ich euch helfen? Oh, ich tue jetzt runter, weil vielleicht ist da ein Mana-Pot drin. Ich brauche Mana-Pots. Sehr viele Frage, aber ist das dann ein Run auf den Raid und dann ist das Event zu Ende oder wie versteht man das? Nee. Also das mit diesem Molten Core Ding, das ist halt nur dieses große Ziel irgendwie, dass man sich halt am Anfang mal setzt. Aber dass das Event dann zu Ende wäre, das stimmt halt nicht. Also ihr müsst halt bedenken, Leute, also ihr müsst halt einfach immer bedenken, es macht ja gar keinen Sinn, irgendwie irgendwas vorher dann total also, weil ihr müsst halt denken, es sind halt einfach alle Streamer, die hier eine Gilde zusammenführen und die halt richtig viel Zeit investieren in dieses Event. Und dann muss man halt einfach gucken, was passiert. Es ist wirklich nicht so, ich glaube, es ist gar nicht so dramatisch oder irgendwie zu sagen, okay, machen jetzt einmal Molten Core, dann ist vorbei. Weil, warum sollte man das sagen? Wenn die Leute Bock haben, dann haben sie halt noch Bock, ne? Also ich glaube, es hängt halt wirklich einfach nur davon ab, ob die Leute spielen wollen oder nicht. Wenn die Leute spielen wollen, dann spielen die Leute, wenn nicht, dann halt nicht. Das ist halt immer... es hängt halt wirklich total davon ab, wie viel Bock die Leute einfach haben. Weil klar, wenn jetzt einfach alle aufhören und man hat nur noch irgendwie 10 Leute, die das Event spielen, klar, dann kannst du halt keinen Molten Core machen. Und wenn wir jetzt Molten Core machen und wir schaffen das mit den Leuten, was ich auf jeden Fall glaube, wir haben ja irgendwie schon Levels... Ich glaube 60 Level 40, 60 Level 60er ungefähr haben wir schon. Also echt viele. Und wenn wir jetzt Molten Core machen und dann danach haben irgendwie 80% keine Lust mehr, dann haben die Leute auch keine Lust mehr. Dann macht man halt nicht mehr weiter. Ich glaube, das ist halt einfach, wie die Leute sich fühlen und wie man Bock hat. Ja, wenn 40 Leute sterben, in Molten Core wird es schwierig weiterzumachen. Das stimmt natürlich, ja. Aber ja, ich glaube echt, es ist einfach, wie die Leute Bock haben, wie man... Und ich denke, es hängt auch davon ab, wie viel Spaß die Leute in Molten Core haben, weil wenn den Leuten das voll Spaß macht und die voll Bock haben, da auch weiterzumachen und sich irgendwie auch, keine Ahnung, BWL anzugucken oder so, das wäre ja richtig cool. Wahrscheinlich nicht BWL danach, sondern eher so Zul'Gorub und
Sowas halt mal zuerst, aber ja. Lange dauert es? Das ist eine gute Frage. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe ja noch nie, also ich habe früher schon Molten Core gemacht, aber in Vanilla WoW, also das ist ja seit 20 Jahre her. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Weiß es irgendwer, wie lange man braucht, wenn man das alles erklären muss? Also wenn man das erste Mal Molten Core macht und das alles erklären muss, ich glaube, das dauert schon lange, oder? Henno meinte was von 8 bis 9 Stunden. Das kann schon sein, ne? 8 Stunden. Und wollen die das alles in einem Tag durchziehen? 8 Stunden? Das ist auch interessant, weil ich glaube, einige Leute wird das voll mitnehmen. Boah, das ist auch so ein Ding, das ist relativ interessant. Ich finde das immer richtig cool. Als ich früher Race to World First geradet habe, da kamen richtig viele Trials rein, die halt, also man hat total gemerkt, dass die das nicht gewohnt sind, so lange zu raiden. Weil das Ding, ich glaube, in dem C ist es jetzt nicht so, also das ist schon eher so ein, also das passiert eher später, glaube ich. Aber, jawohl, es ist Hardcore, vielleicht schon. Ich weiß nicht. Aber jedenfalls in diesem Race to World First Environment, da hat man total gemerkt, dass nach 5 Stunden, 5, 6 Stunden, haben einige Leute, die halt neu waren in der Gilde, haben dann angefangen, so Fehler zu machen. Und am Anfang halt ein paar und dann immer mehr und irgendwann haben die halt richtig viele Fehler gemacht. Und das war einfach nur so, weil die das nicht gewohnt waren, so lange zu raiden und so lange halt konzentriert zu bleiben. Weil in Race to World First, da musstest du ja wirklich einen Boss spielen und da hast du gespielt, gewiped. Und einfach immer wieder diesen Boss gemacht. Und du musst dich halt einfach die ganze Zeit konzentrieren. Du musst ja die ganze Zeit gut spielen. Und wenn du das nicht gewohnt bist, also wenn du wirklich gewohnt bist, eher so zu chillen und dann halt mal 3 Stunden konzentrieren und dann wieder mal eine Stunde chillen, dann ist das halt nicht so cool. Ich denke mal nicht, dass man jetzt in Molten Core sich wirklich die ganze Zeit konzentrieren muss, dass das ein Problem wird. Es ist schon hardcore, also man muss sich schon konzentrieren, aber ich denke mal, wir werden auch so ein paar Pausen einbauen und dann machen wir Trash und ich glaube, das wird jetzt nicht so krass, dass die Leute da wirklich total schlecht spielen würden auf einmal. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, in Molten Core geht das schon. Es ist halt trotzdem HC, also die Leute werden schon nervös sein, denke ich, und vielleicht auch hohen Puls haben. Aber dass die dann echt, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie anstrengend das ist für die Leute dann. Ja, eben ist Ragnaros am Ende. Das ist ja das Problem, weil Ragnaros ist ja dann der schwierigste Boss. Und wenn man das ganz zum Schluss macht, nach 8 Stunden, könnte das schon vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich weiß es nicht. Josie wieder bis 60. Warte mal, da muss ich was Stream aufmachen. Was macht er dann eigentlich für Level 60? Macht er das, macht er das mit den Level 1 Neue Bereich? Aktion. Geil, Nice. sehr gut. Oh, er Heute ist so gibt's knapp. kein Gildenmeeting, nein. Gildenmeeting. Macht er das mit der Level 1 Quest? Wie wir das beredet haben oder nicht? Erkenne Nick im Mob im Teufelswald. Okay, ja, nice. Ich könnte eigentlich schon rüberfliegen. Ja, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr. Wir haben ja Double Buffs jetzt. Warte, wer hat hier geschrieben? Ja, koordinieren, 40 Leute koordinieren ist schon schwierig auf jeden Fall. Das stimmt.
Stehe vor der Taverne. Ah, sehe. Okay. Aber Jonesy Level 60, das ist schon krass. Vor allem ist es so cool, weil er halt gestorben ist damals, als ich auch gestorben bin und ich hätte ihn halt retten können und ich habe mir... Es ist ein bisschen traurig, dass er dann gestorben ist, weil ich das scheiß Makro da nicht richtig geschrieben habe und so. Das hat mir halt voll leid getan. Und dass er jetzt der erste von uns, der Level 60 wird, ist schon richtig nice. Also das freut mich echt total. Wo ist Jonesman halt eine Ehre? Eine Rede? Ja, dann hört euch die mal an, Leute. Hört euch die mal an. Oh, Jones ist aber so ein Cutie Pie. Es ist so, ja, Jones ist super, super cute. Drei Mobs und er macht doch einen großen Mob, oder nicht? Er erzählt doch nicht einfach einen Baum, oder? Kann Jonesy mal kurz über Roulade reden? Den möchte ich dann killen, Chat. Mir fehlen noch... Könnte Jonesy mal bitte sagen... 325. Oh, da ist er. Ich glaube, der hat einen großen Baum wieder töten. Den besiegen wir gleich, Chat. Okay, ich verstehe. Und der wird mein 60er. Er möchte den großen Baum töten, hier, den 56er. Ich kann noch einen Kill machen, oder? Kein Elite! Mir fehlen noch 325. Der wird mir jetzt nicht 325 geben. Das wäre jetzt lustig, wenn er jetzt randomly aber 60 wird. Okay, Freunde. Hat auch epische Vielen Dank, Musik dass ihr mit dabei wart. Oh, Jonesy. Vielen Dank für Level 60. Es war eine unfassbar geile Zeit. Und jetzt geht's nochmal ganz kurz in die Highlights rein, was wir alles hier in dieser Zeit erlebt haben. Jonesy hat Highlights? Hier seht ihr mein Level 9, das ist das Wichtigste. Er hat Highlights? Was ist das denn für Production Quality? Wait. Wait, what? Oh, das ist so schnell. Oh mein Gott. Er hat Anzug an. Och man, Dicker. Direkt wieder am Grind drin. Ja, nee, klasse. Man kann einfach in ein anderes Gebiet schwimmen. Ich dachte, wir müssen immer diese Pfeile da nehmen. Aber ich bin gerade einfach vom Dämmerwald nach Westfalen geschwommen. Westfalen! Das ist Aber Wasser. Jonesy. Ich dachte, wir sind Feinde. Hilfe! Ich habe den Boss hier gestartet, aber ich wusste nicht, dass der... Kommt mal bitte ganz schnell zu mir, so schnell wie ihr könnt. Ich weiß nicht, ob ihr mir noch hinterher rennt. Der ist Level 20 und will mich killen. Das war's. Ich brauche auch so ein Highlight-Reel, wenn ich 60 werde. What the fuck? Jonesy voll Production hier. Ruhig. Seid mal jetzt ruhig. Nein, der ist 2 Level über mir. Bitte rennt jetzt mal zu mir. Relativ kleine Beine, das wird ein bisschen dauern. Oh mein Gott. Das ist gar kein Gegner. Der läuft mir einfach normal hinterher. Guck mal hier, junger Waldbär. Es war einfach ein NPC, der ihm hinterhergelaufen ist. Ein grüner NPC. Oh, wie nice. Vor allem dieses Geräusch davor, dieses weil man so doppelt diesen Damage-Sound bekommt, das ist so geil. Wie macht das? Dann ist wahrscheinlich wirklich der Call hier, Eschental. Geil, let's go. Sag mal, bei mir früher auch so? 100%ig. Aber ich würde so gern wissen, was ich früher alles so gemacht habe, was so peinlich war und so richtig schlecht einfach nur. Was mache ich, wenn ich PvP-Fleck bin? Ich habe als Holy Paladin gelevelt damals.
Das ist auch schon mal interessant. Ich weiß, dass ihr nichts seht. Ich muss hier meine Double Buffs abholen, Leute. Boah, ich musste jetzt so vor so 3 Wochen wirklich... Leute, wenn ihr Jonesman Stream gucken wollt, dann müsst ihr einfach Jonesman Stream aufmachen, ja? Das ist hier... ihr müsst seinen Stream gucken, ihr müsst ihn supporten. Das ist... normal, dass dein Name so unfassbar hoch ist? Guckt euch seinen Stream, wenn ihr das gucken möchtet. Bitte guckt seinen Stream an. Und folgt ihm bitte und subscribt und gebt ihm alles. Ihr werdet hier Level 60, nicht ich. Ich bin nicht. Hi, Leute. Gönnt ihm den View, ihr Ficker, ganz genau. Gönnt ihm den View. Das Kiffen hat gejohnst. So, endlich habe ich meine Double Buffs, nachdem ich die gestern knapp verpasst hatte. Kommst du mittlerweile klar mit den ganzen Shortcuts? Ich war kurz AFK. Auf einmal komme ich wieder, 60 HP. Und so ein Schredderer, der irgendwas greift mich an. Josie. Oh mein Gott. Close Call, 9%. Okay. Mach das jetzt nicht. Ist es safe? Ja, auch mal ein Vanish gehen. Ich hatte auf einmal 3 Raptoren an meinem Arsch. Und so gibt es noch ein, zwei andere Sachen, die ganz cool zu Das war fahren einfach sind. auf der LAN, ist einfach kurz weggenickt. Tatsächlich neben Ich hatte sehr Angst vor diesem Bereich, aber zu zweit ist es wirklich überhaupt kein Problem. Ja, deine Augen, weil du keine Angst hast. So Alpha und männlich. Ja, Mann, ich pass auf dich auf, Schnecke. Okay, das reicht wieder. Nein, Josi, das Pass auf dich auf, Schnecke. Ja, Freunde. Wir haben viel erlebt. Oh mein Gott. Und das Leveln hat ein Ende, Freunde. Das Leveln hat nun ein Ende. Ihr habt die große Bestie gesehen, die wir schlagen wollen. Es hat mit Level 1 angefangen und jetzt können wir einfach alleine einen 56er töten. Und das werden wir jetzt machen und damit unser Level abbekommen. Das Licht. Okay, Jones ist bereit. Wo ist er? Wenn er noch findet, vielleicht ist er gestorben. Und die epische Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss Hardstyle anmachen, wenn ich Level 60 werde. Ja, bei mir gibt's Party. Nicht so epische, langsame Musik. Bei mir gibt's, glaube ich, Party einfach nur. Oder Volksmusik. Das, ja, Volksmusik kann auch ganz gut sein, ja. Er ist aber nichts. Der Mob ist weg. Ist gestorben. Wo bist du? Gönn mir Level 60. Hiermit wird es beendet. Das Level. Edenvan, danke für den Prime. Dankeschön. Und begonnen das Equippen für Molten Core. Versteck dich nicht, komm raus! Ziehe den Ehren. Zieh den Ehren. Sehr das verkaufen. Ich kaufe und handle. Ich brauche ein bisschen Wasser wahrscheinlich. Dann verkaufe ich das hier. Wo ist er? Und das hier. Kack jetzt nicht noch rein. Das hier auch. Den Helm weiß ich. Ich mach den mal auf die Bank. Wir suchen ihn so lange. Oh, warte mal. ihn Das haben. kann ich auch verkaufen. Seid vorsichtig. Aber ich bräuchte Letzte eigentlich schon so ein Mob-Kill, der Cheerleader im XP bringt, Hintergrund. Chat. Das wäre schon nice. Wir suchen einen riesigen Mob. Wenn ihr ihn seht, dann schreit. Schönen guten Tag. Boah, ich habe so viel Müll auf der Bank auch nur. Oh Gott. Wer kauft das hier? Oder warte, die sende ich einfach mal auf die Metz-Bank.
Die hier, das hier auch vielleicht, das auch. Brauche ich diese schwarze Diamanten eigentlich? Oder einfach nur einen davon? Weiß es irgendwer? Hier bist du! Und hier! Axel, Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. 1 gegen 1 jetzt. Oh, warte mal, ich muss hier kurz kronen. Auf dann. Hallo? Ja, red das hier rein. Okay. Dann das Bank. Das Bank. Mögen die Reisen Okay. sicher sein. Dann das hier. Oh, hat's geschaut! Hab ich's verpasst? Nein! Level 60, Leute! Wir sind Level 60, Leute! Yes! Jones jetzt geschafft, Leute. Jones jetzt geschafft, Leute. Es ist passiert. Nice. Nice. Oh. Vor allem für Jones ist es auch so cool, weil er... Also für Jones ja echt so, dass er wirklich weniger Viewer hat, während er WoW spielt, weil er sonst wirklich nur Real-Life-Sachen macht. Und das finde ich schon extra cool, dass er das so durchgezogen hat und auch was so rein nerdet. Das ist so nice. Was ist das denn hier alles für ein Schmutz? Brauche ich das? Abgestreifte Haut des schwarzen Drachenschwamms. Mache ich damit irgendwas? Sucht ihr was Bestimmtes? Wir lieben Johnson, ja. Johnson auch der Beste. Panini Dank für die 2 Monate. Dankeschön. Willkommen zurück. Ach, Jonesy. Eine Parade für die Königin, let's go. Aber ich sollte eine Parade für Jonesman feiern, nicht für mich. Okay, warte, wer? Banana Bell war das? Bestienkarten. Hallo? Man sieht sich. Schönen Tag auch. So. Müsste eigentlich mal die Post... Ich habe nichts in der Post. Ah, doch. Hallo. Warte mal, ich habe ja... Meine ganze Post ist voll. Holy shit. Ich lasse alles looten hier. Gegenstand wurde nicht gefunden. Wie geht das denn? Oh, guck mal. Schattenklinge. What the hell? Ich bekomme hier Epics oder was? Okay, hier werden mir die ganzen falschen Mats mal geschickt. Okay, warte mal. Stehe vor der Bank. Wie geht's? Wofür? Ah, ne, jetzt bin ich verwirrt. Auf dann. Also, hier Items. Schusswaffe, Waffe. Noch mehr Items. Dann Tränke meinte ich, nehme ich auch. Und Taschen nehme ich auch. Okay. So, dann behalte ich die da auch. Okay, dann schicke ich das alles weiter. Und das behalte ich noch.
Man sieht sich. Oh. Ja, ich habe Epics bekommen. Nice. So, dann schicken wir die mal alle. Also, das. So viel Stoff. Ich weiß nicht, ob er mit dem Stoff irgendwas... Rieseneier. Nice. Ähm, 40 Magiestoff und das weiße Spinnenfleisch. Okay. Dann, keine Ahnung, was das hier alles ist. Tränke behalte ich, Taschen behalte ich. Das weg. Ich muss gleich umloggen, weil wir machen BRD. Ich glaube, das war alles. Okay, perfekt. Schönen guten Tag. So. Okay, perfekt. Dann lass uns mal die anderen suchen. Timer ab von 1 Minute und wenn der weg ist, bist du instant tot. Weil du halt ertrinkst, in Anführungsstrichen. Ja, aber auch wenn ich Unterwasseratmung habe. Ja, ja. Das ist Randall, danke schön, wie du das sagst. Vielen Dank. Ja, Erschöpfung, ja. Willkommen, Also Antefila, Mori, Shabel, Bami und Nimelio. Also es geht auch sowieso nicht, weil das Willkommen alle, schönen Sonntag. Zonen sind, Und sag ich Ryak, jetzt mal. danke auch für den Prime. Vielen Aber Dank. also irgendwann wirst du, wenn du das nicht machen würdest, oder wenn sie das nicht machen würden, könntest du, Such also ich müssten sie halt eine eben unsichtbare mal Wand quasi machen. Das ist ja Toro, genauso wo ist denn unsexy, sag ich jetzt mal. Ja, aber da sterbe ich halt nicht. Nee, genau, aber das ist ja... Oben Hallo. rechts. Ich habe noch Wasser. Ich habe Wasser für uns doch besorgt. Machen wir Ribley Okay. heute? Miau, ich habe noch, was? Ja. Machen wir diesen Ribley? Könnte sein, ja. Okay, dann nehmen wir die Quest an und ich muss oben in die Höhle diese Haut abgeben. Gehen wir zusammen, Nose? Komm, ich scheiß mich sonst ein, Bruder. Bremsstreifen ist real. Hallo, hallo? Ja. Hallo! Na? Was geht ab, Skiprofi? Seid ihr alle bereit? Bereit wie eh und je. Ja, das freut mich. Hat irgendwer von euch Mana-Pots eventuell? Ich war nur ein oder zwei. Ich habe überragenden Mana-Trank 5-mal dabei. Kann Ja, ich perfekt. Nice. abgeben. Oh, es blinkt hier irgendwas. Hier blinkt alles. Hier ist Blingelinge. So, die veränderte Haut habe ich dabei. Die Vorhaut sozusagen. Also wenn dir 2 oder 3 Stück reichen, habe ich dabei. Ja, das reicht. Dankeschön. Warte mal, Nose. Achso, du rennst vorbei, ja? Okay, ich check. Okay. Ja. Also ich habe jetzt noch... warte, rennst du direkt in den Dungeon? Also ich habe 100 herbeigezaubertes Wasser und mir noch Gold vom Magier. Nein. Okay, ihr seid ihr bereit für BRD? Kann ich dann Wir nochmal... machen so Double Tank. Wir haben 2 Hunter. Und ich muss in die Höhle, Nocerino dann wird kannst noch du jetzt Ja, aber da tanken. links. Ja, okay, komm. Ja, easy, oder? Links Das ist so ein ist halt ja Zahnrad, da musst du easy. danach dann hin. Achso, ja, dann mach doch. Perfekt. Agura, du hast aber diese Feuerresi-Aura, ne? Also, den Klar habe ich sie. Sehr Ich bin gespannt gut. worden. Achso, ich hätte noch zum Lehrer gehen können. Upsi. Ja. Du kannst noch umdrehen. Ja, dann drehe ich noch eben um. Ja, das wäre ganz geil, wenn du da vielleicht noch ein Upgrade hast. Weil die machen schon ein bisschen Aua hinten im BRD. Danke. Hey, Erstmal wieder ein Leder Leder. mache ich alles. Wow, direkt unverwischter Balk. Boah, Leute, ich bekomme heute noch Agura, Pizza. hast du noch, hast du da schon ein bisschen durchgequestet? Also wir nehmen auch diese veränderte Haut des schwarzen Drachenschwarms mit. Für Belgar. Veränderte Haut. Nee, das habe ich. Was muss man da machen? Ah, ist das die eine, also die Onyxia Prequest?
Du hast ja so eine Haut gekriegt, wo du in Sengende Schlucht warst, wo du diese Questreihe gemacht hast mit den 2 Typen da unten, mit dem Drachen. Und du musst rechts, guck mal, rechts in der Höhle hast du ein Ausrufezeichen. Gut, dass ich deinen Stream offen habe. Da musst du eine Haut hinbringen. Aber ich habe, glaube ich, keine Haut. Achso, eine von, also diese Schuppen. Da auf deiner Bank. Ja, diese, guck mal, Was Lachen das denn? die schwarze Ei mit den grünen Umrandungen bei dir im Ah, Inventar. Ganz ich verstehe, rechts ich unten. verstehe. Ja, cool, dann komme ich da hin. Ja, dann sind wir alle auf dem gleichen Step dafür. Perfekt. Boah, komm, ich warte hier. Hier ist kuschelig warm. Wir sind nur ein paar Elite. Ist gar kein Problem. So, ich habe auch alles. Ich komme da jetzt auch hin. Furunkel, wer ist danke aus schön für dem den Sub. Zahnrad Vielen, vielen Dank. Nö. Kein Quest. Okay, warte mal. Gib mal Miau noch so ein Chronomat, wenn ihr noch habt, damit die ihren Buffer entsperren kann. Ich hab keinen. Auch kein. Ihr seid alle so unvorbereitet, ich hasse euch. Komm, soll ich machen? Oh Mann. Brennende Steppe. Let's go. Habt ihr einen Stream together? Wir ja. haben einen Link, ja. Ja, Okay. Da ist noch ein Link, ja. Im Channel hier ist der Channel? drin, Okay. hier. Ich nehme das jetzt einfach Was soll an. ich hier annehmen? Ich habe jetzt einfach mal Herz angenommen und hier Ribley ist wichtig halt. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, die anderen sind halt hoch. Ja. Oh, mein Char sieht so gottlos scheiße aus. What the hell, Alter. Guck mal, was macht Dalukat? So, Die sind schon okay. wieder in Ubers drin. Oh, der arme Nicht Brötchen. trollen, ist alles okay. Oh Mann. Das Mikro schon wieder. Chris, bitte. Ich glaube, ich habe richtig gemacht. Ich weiß Nagora, nicht. wie war Skifahren? Hast du die Erholung genutzt? Ja, also ich habe gestreamt, ne? Also ich habe Ja, halben hab Tag ich gesehen. Skifahren und halben Tag WoW gespielt. Erholung würde ich das jetzt nicht nennen. Okay, ja, okay. Aber okay, ich check. Mittwoch nehme ich mal einen Tag frei. Aber Skifahren war trotzdem nice. Es war so ein kleines Gebiet halt nur, weil am großen Gebiet geht das Internet leider nicht. Aber ist trotzdem Das cool. ist crazy. Ja. Internet einfach. Nee. Einfach der Blocker. Der Blocker. Ja, aber geil. Es sah auf jeden Fall sehr witzig aus. Ja, es hat Spaß gemacht. Zur Not holst du dir das nächste Mal einfach so eine Starlink-Antenne hinten auf den Rucksack schrauben. Ja, ja, genau. Das wäre so witzig. Imagine. Ist nicht so ein Starlink langsam Meta in EL-Streaming? Nee, das geht nicht so gut. Also sind sie tatsächlich, weil sie sind nicht mehr standortgebunden. Also das ist jetzt. Es geht leider nicht so gut. Also das Modem muss halt irgendwie immer relativ stabil gehalten werden und auch, also wenn du kannst das Ding nicht die ganze Zeit, also wenn du dich bewegst, geht das nicht gut. Mit dem Auto geht das richtig gut. Spieler früher oder was? Ja, ja, so ungefähr, ja. Oh nee, das war ja so nervig immer, wenn Alter, what the fuck? Das war so nervig immer, wenn man irgendwie unterwegs war auf einmal. Muss man hier irgendwas fighten, wenn ich die Quest hier annehme, oder? Ah, du bist schon bei mir? Ja, du musst dem sagen, hier ist ein Beweis meiner Tat. Du redest mit dem quasi. Ja? Und Du dann musst dir die Geschichte anhören von dem. Okay, weil ich muss mir die niemanden Quest teilen, fighten. Victor? Okay. Achso. Ich muss dir nichts andrücken. du musstest ihm beweisen, dass du ein krasser Banger bist. Achso? Okay, Ja. bin ready. So, Warte, sucht Nagura noch hat in das auch. Canyons in den Blackout-Typen und vernichtet ihn. Warte, Die warte Quest mal. brauche ich definitiv. Okay, noch. auf. Oh, Junge, Ey, Nagura, du hast richtig kommt mal Swag. zu uns. Ihr habt hier gleich auch eine Quest. Daran Ah, könnt ihr okay. das teilen. Ja, wir kommen, aber wir müssen gerade kurz dodgen. Weil der Bre, der guckt uns schon schief an. Achso, damit wir die noch teilen können, ne? Ja, okay. Mhm. Nagura, Das du muss hast ja man hier richtig so einen töten, Feuer-Theme, Alter. Der Wappenrock passt richtig gut zu deinem Gear. Ja, oder? Ja, voll. Holy Ja. shit, und dann eine Nachtklinge, ja. Okay. Sorry. Warum redest du eigentlich mit mir? Hast du um Erlaubnis gefragt? Oh, sorry. Boah. Hey. Oh, wow. Oh, je. Hallo. Was im Raid passiert, bleibt im Raid. Also hier im Dungeon. Also. Eure Heiligkeit, das tut mir sehr leid. Ich mach nix. Dankeschön. Ich bin Zwerg. Dann mir ist überlege ich mir die relativ Bestrafung dann trotzdem nochmal.
Oh. Ja, muss ich, glaube ich, mal Mauki anschreiben hier. Meine Frau? Ja. Was die wohl zu sagen hat. Zu wem die wohl hält. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich diese Wette eingehen möchte, sag ich mal. Das ist halt schwierig. Aber Herz des Berges war doch ziemlich weit hinten und BRD, oder? Die Quest? Ich weiß es nicht mehr. Wie mussten wir dafür umnieten? Also wir gehen eh nicht full, aber so halb. Achso, warte, hier ist ein Zahnrad. Was müssen wir machen? Also müssen wir irgendwas annehmen oben? Zahnrad einfach anklicken. Nee, weiß ich ja nicht. Ich kann's, Holy ich kann's shit. teilen. Komm einfach Dieser Shared Hype Train hat so krasse Animations. Habt ihr das gesehen jetzt? Also es war ja nicht mal Shared Hype Train, das war ja nur, weil ich während dem Hype Train das Stream-Ticket angenommen habe. Aber das, wie krass das ist, so ein ganzer Rave hier im Chat. Voll. So, ich weiß nicht, ob Hahntor das auch noch braucht. Der Kastenraum war das doch. Was ist denn der Kasten? Was? Leute, wir haben den Hype Train, den Shared Hype Train gewonnen. Mit 100%. Das sind wir erste Leute. Ich habe eine Krone, seht ihr das? Warte. Ich habe eine Krone. Nein. Warte, mein Bruder. Ja, Twitch weiß, wer die Königin der Menschen ist. Geil. Was habt ihr noch angenommen? Ja, ich warte auf dich. Ich kann das teilen. Ich weiß nicht, da muss man irgendwas abgeben. Hast du Herz? Bist du wieder zurück, oder Dankeschön. Herz habe ich auch angenommen, zurück, ne? aber... Sie müssen wieder zurück? Ja, ich die warte müssen wir noch da kurz oben auf wieder Taro. abgeben. Dann kann man noch Rible annehmen. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. So, und teilen. Bringt Max über den brennenden Stapel die Abschrift der Schrifttafeln. Ja, das ist aber hier. Da drinne? Einfach aktivieren, Nee, ja. das ist hier. Das ist hier oben. Hol. Jetzt kann man es oben abgeben anscheinend, ja. Ja, cool. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Die hätte ich ja, wo hast du die angenommen? Die hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja gut, das ist ja auch keine BRD. Okay, jetzt müssen wir noch Wasser holen und dann bin ich bereit für BRD. Gestern war BRD schon ein bisschen sketchy, muss ich sagen. Also gestern dieser BRD-Run, der war... Puh, Einfach annehmen. das war interessant auf jeden Fall. Das war ja sehr interessant. Vielleicht wird der heute ein bisschen entspannter, der Run. Dings am Arsch, okay. Alles wütend hier. Ich habe einfach angenommen, was wir machen, machen wir. Was wir nicht machen, machen wir nicht. Wir haben hier gar keine Follow-Quest. Und dann ist gut. Ich habe jetzt hier keine Follow-Quest bekommen, aber... Okay. Oh. Naja, 2K, EP. Was soll's. Immerhin. Hey. Besser als nicht. Also mehr geht bei mir nicht. Mehr kann ich hier nie annehmen. Ja, und ich bin full. Wir nehmen eine Mage? Warum brauchen wir einen Mage? Full. Also, wirklich jetzt? Warum brauchen wir einen Mage? Eben. Boah, ich bin fast runtergefallen. Oh, das ist... Ich habe gerade gesehen, die Quest ist ein bisschen... Na gut. Für Wasser? Ah, na, wir haben ja Wasser. Abbiegen, kurz in MC rein. Also ich habe Wasser. Trash farm. Weiß nicht, ob die anderen Wasser haben, aber... Wolltest du mir diesen Kanister da geben? Ja, wo bist Das du? stimmt, Mages sind schon ziemlich OP. Das stimmt. Kurz. Warte, nee, lauf ein bisschen weiter. Ich habe einen Golem am Arsch. Ja, ich glaube weiter. Aber Das gleich Geschenk kannst möchte du ich nicht. Oh, hier ist noch so einer. Ich laufe so lang. Ja, gestern, also wir sind halt BRD gelaufen und wollten halt nur den Anfang laufen. Und ich glaube, also unser Tank war halt ein Tank, der ist jetzt nicht, also ist ein neuer Spieler, ist ja schon High Level, aber ist trotzdem halt nicht super safe und hat halt auch nie BRD gemacht. Und also die Person, die am meisten Ahnung hatte von BRD, bei dem war es auch schon eine Weile her, dass er das gemacht hat. Und mir kam ein bisschen vor, also er hat den Leuten halt so ein bisschen Angst gemacht mit allem, was ja auch verständlich war, weil wir waren ein bisschen Low-Level. Und dann wollten wir, also wir haben trotzdem immer weitergemacht, obwohl alle so ein bisschen Angst hatten und alles so ein bisschen so, oh, das wird jetzt echt krass, das wird jetzt super krass, das wird super schwierig und die können uns vorstellen und bla 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 und wir haben trotzdem immer weitergemacht. Ich weiß nicht mehr. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Kann gerade nicht, muss reiten. Okay. Und dann war das halt einfach so ein bisschen, ja. Willkommen im Irrenhaus, by the way. Ja, alles gut. Von mir. Ich habe Trank für dich mitgebracht.
Nagora, wie machen wir das? Ja, wahrscheinlich. Du tankst, ich off-tank DPS? Aber ist selbst gemacht. Können wir schon machen, ja? Okay, machen wir so. Ja, schauen wir, wie das Das sind schon größere Gruppen und mit Fury habe ich irgendwie nicht so die Kontrolle bei so Gruppen. Da ist das besser mit Weihe. Ja, denke auch. Und wenn du Agro hast, dann hast du halt Agro. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Die kann ich mal Aufseherin, wieder die können wir, glaube Sweeping-Strikes auspacken. die können wir liegen lassen, oder? Oder wollen wir die gehen? Welche Aufseherin? Ich darf tanken, Ah, Leute. die, wenn wir reinkommen im Dungeon, die auf der rechten Lol, ich habe vergessen, Paladin. Egal. Ey, Ich wollte hier noch, alle Chantal. ich wollte noch Fähigkeiten lernen und dann habe ich es vergessen. Ich warte auf dich. Ja, ich werde auf jeden Fall. Also ich glaube. Warte mal, Nagora, warum läufst du? Achso, ja doch, du hast recht. Oh Gott, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, euer Durchlaucht, I'm sorry. Bitte die Peitsche drin lassen. Ich hatte vor, Guild Wars 2 nochmal zu spielen. Ich kenne den Weg hier nicht. Aber dann muss man immer gucken, wie lange das Event noch dauert und bla bla bla. Also ich kann da jetzt nicht genau sagen, wann, wie oder was. Vor allem, weil halt auch TBC rauskommt nächste Woche und Midnight dann im März. Einfach runterfallen. Und tschüss. Ja, das ist ein bisschen. Später muss aber ich will es schon noch spielen. Und das läuft ja nicht weg. Also Guild Wars ist ja nicht ein Spiel, das ist jetzt morgen weg. Nee, weil du gehst links lang, wir gehen gerade rechts lang. Aber ich werde euch schon vorwarnen, wenn ich Bock habe. Oder wenn ich weiß, wann. Reinhard falsch. Was ist das denn? Schreib den, du stinkst, Alter. Lerne mal schreiben. Die eine Quest können die Leute doch annehmen hier wahrscheinlich. Ich bin auch ein bisschen toxic manchmal, wirklich. Also ist crazy. Manchmal? Was? Was? Ja, nur manchmal, Bro. Meistens bin ich sehr lieb. Oh, ihr seid ein bisschen schnell, ne? Ja, das Problem ist, diesen Winter ist schon echt WoW-lastig. Zuerst das Event, dann TVC, dann Midnight Release. Boah, also ich würde ja auch gerne mal andere Spiele spielen, aber wann? Du hast einfach schon da, jetzt einfach verkauft. Er hat gesagt, scheiße auf euch. Hier müsst ihr, glaube ich, den Ding anklicken und dann in der Mitte. Habt ihr schon alle? Ja, ja. Also die Okay. Quest, aber ich gehe nochmal gucken, aber ich glaube, die hatten wir schon. Okay. Ja, die hatten wir schon. Gut, dann können wir rein. Boah. Ich habe noch was für euch. Warte, kann ich euch noch Trinke geben so? Ich habe noch das hier für dich. Ja, lass es drin machen. Okay, dann machen wir das. Okay. Gott. Ich habe eigentlich nur auf den Schrei gewartet, dass jemand so weit gesteppt ist und. Yippie. Weil mit der Hunter-Aura bist du aber so schnell. Ja, du bist richtig schnell. Also falls jemand Also wenn du runterfällt, da da links rechts. runterfällst, da ist ja, auch vorbei, ne? Also da rechts könnt ihr nochmal hoch. Auf diesen. Bis dahin seid ihr aber hier tot. rechts. Aber links ist tot. Links ist RIP. Links ist wirklich RIP. Piece of shit. Ja, wir dürfen keine Scheiße machen, Leute. Wenn Nagora stirbt, kriege ich Ärger von Mauki, Alter. Ah, stimmt. Ja, okay, den werden wir pullen. Wir bringen auch jemanden mit. Okay. Und Digage. Alter, hallo? Ja. Und diese Zwerge mit den dicken Ärschen, ey. Sag mal. Ja, guck doch mal. Wir töten gerade deine Brüder und Schwestern. Junge, wirklich, mit deinen Augenbrauen darfst du gar nicht reden. Geh mal lieber einen Baum umarmen, ehrlich. Ey, Bäume umarmen ist gut. Das ist gut für die Umwelt. Mhm. Boah, ich muss 2 Hunter-Pets buffen. Ich muss alle 5 Minuten 7 Leute buffen. Ey, das ist Geil. das ist Katastrophe. So geht es seit Tagen, Nagora. Oh mein Gott. Die Pets kriegen von mir schon nicht mehr meinen anderen Buff. Den brauchen die nicht mehr. Das ist vorbei. Hallo? Kann nicht mehr. Was soll das? Brauchen wir diesen Übermeister Pyron? Nee, oder? Hast du eine Quest dafür? Ich nicht, nein. Wir haben den schon gebildet. Die Folge ist ja in Kindios sozusagen. Okay. Oh, und wir haben niemanden dabei, der super high level ist. Nice. GZ. Let's go. Nice, dann können wir... Ja, wir sind alle relativ. Dann können wir alle XP ausgeglichen. bekommen. Es gibt gute P auf jeden Fall. Ja, das ist nice. Hatte ich schon länger nicht mehr. Wenn ich hier den Schlüssel schon habe, kann man da irgendwas schon vorher aufmachen, oder? Hast du links den Schlüssel? Ja.
Ja, geil. Dann können wir da uns die Essenz holen von dem Dicken. Hä, warum willst du meine Essenz? Okay, jetzt kann ich aber vorteilen. Ich habe noch Geschenke. Ja, Geschenke! Geschenke. Na, du hast schon bekommen. Geschenke. Warte mal, du kriegst auch noch. Sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Geschenke. Ja. Oh, geil, Alter. Diese Vibes sind insane. Warte, hier ist Wasser. Ja. Warte, ich gebe nochmal Wasser. So, hier. Top. Ich hoffe, Deutsche Bahn gibt mir morgen auch Geschenke. Boah, was ist das? Gut Boah. Braucht noch jemand? Ich Eine habe jetzt Stunde. nur noch so Sachen. Arthas Gabe. Leute, ich habe jetzt gerade noch. Pizza bekommen, aber ich kann die Pizza jetzt nicht essen. Die esse ich dann später. Begrenzter und Verfügbarkeitsgrenze. Nach dem Dungeon. Wir müssen schnell durch das Dungeon, damit ich die Pizza essen kann. Das war's. War noch irgendwas? Ich will jetzt Bescheid geben. Okay. Ich hab alles. Warte mal, ich muss gerade hier. Ich glaub, dann ist Und ich glaube, Die Pizza, die ist eh schon kalt, also. Kommt dahin, da, okay. Weil die hat er mitgenommen von der Pizzeria, deswegen. Ach so, ja, und vielleicht die Traps. Genau. Hey, mir wird gesagt, Ja. zurückgehen. Bei dem Blood Elf gibt es eine Quest, irgendeine Pre-Quest und da ist wohl irgend so ein Ah, die Zwerg, Molten gibt mir auch eine Core Pre-Quest. Habt ihr die? Ich hab die nicht. Du kannst erst ab 55, ich glaube, du kannst erst ab 55? Kann das Ich glaube sein? Also auch, da- ja. Oder Weil ich 56 schon sogar. Könnte ich. Ich weiß nicht. Das Können wir die Ausrufezeichen kurz war bei annehmen? dem. Das Ausrufezeichen war bei dem Breder, wo ich meinte, spring durchs Fenster. Was ist Also- mit der Quest? Was willst du da holen? Ja, wir Mir gehen wird eh gesagt, nochmal ich soll die rein. unbedingt annehmen. Ja, wir gehen eh öfter Ja, rein. Wir gehen eh nochmal rein. Also wir gehen ja jetzt jeden Tag reingehen. Das wird unser zweites Zuhause hier. Ja. Sorry. Sag mal echt, wenn so ein krasser Feuerboss kommt oder so, dass ich diesen Trank da rein schepper. Mhm. Ja, guck mal, gestern haben wir hier gesagt, oh, vorsichtig, heute Typ tot. Habt ihr Knochen an? Aber hier, mit euren hier Ärzten? ist schon. Ja, willst du das aushaben oder was? Wäre mir, glaube ich, schon lieber, ja. Okay. Ja, aber das, also pass auf. Ja, aber bei den ganzen Packs wollen wir, glaube ich, Knoten anhaben. Man, Davon, ich, oder? Dass also, wir so- der Grund, warum wir ich das nicht markieren uns mag, jeweils ist, weil also wenn ich laufe und die Hälfte dann hinten bleibt, ich finde es halt nicht gut, weil die Pets laufen ja nicht mit mir mit und dann splittet sich der Pull und dann kriegt der Heiler Aggro, weil die Pets das nicht overagron können und dann, also ich mag das einfach nicht, wenn man das so splittet. Oh, okay. Achtung! Oh, Luftwaffe kommt. Oh. Hey, Luftwaffe, halt dich zurück hier. Beruhig dich. Ich hab ruhig, so, oder? Knoten ist aus. Ich hab Knoten aus. Luftwaffe fand das nicht gut, dass das jetzt aus ist. Ich habe aber auch okay. ausgemacht, oh gut. Okay. Kannst ja, du dann lass mir- mich ein bisschen länger andenken. Kannst du mir diesen Offizier auch, also den würde ich einfach in die Trap machen, aber ich glaube, das geht nicht richtig, oder? Also du kannst ihn nur out of combat Oh, stellen. wir haben gepult, Achtung. Okay, ja, dann ich kann gucke ihn out ich of mal. combat stellen. Ah, gut, dann läuft er Alle jetzt. geslowt jetzt. Also, Ja da gut, kannst du- die machen jetzt ziemlich viel Damage an mir, okay? Achtung. Ja, ohne. Ja, also du musst nicht viel heilen. Das habe ich nicht erwartet. Ja, Die können was, Packs hier, können was. diese Zwerge, die machen alle richtig viel Damage. Liebe ich das ja, wenn wir mit Pets spielen, oder? Ja, wir haben es, also nur für dich, Nago, wir haben es gestern so gemacht, dass wir Pets immer mal einen getankt haben. Um das Dann hast einfach du ein weniger bisschen... auf dir. Also der Grund, warum die so viel Damage machen hier, die Mobs, ist wegen diesem einen Dude, also der ist der Offizier, der bufft die alle mit Battle Shout. Und wenn man ihn halt irgendwie schieben kann oder so zu 10 kann, dann ist halt durch, weil nice. sonst muss ich meinen Mana-Trank usen jetzt. Nee, also sollte jetzt safe sein. Ist halt nur so ein Cleave, der Ja, klar, wenn du- reinkommt. Da muss das Arena vielleicht mal kurz einfach mal weggehen, wenn Ja, du zu chill low ich droppst. Will ich jetzt im Port? Ich chille. Damn, I ich chille. do figure. Ja, dann. Oh, die wurden jetzt gar nicht getauntet. Achso, die haben den einfach so schnell weggehauen. Das ist ja interessant. Die haben meinen Dummy Instant getötet. Holy shit. Okay, ey, ich hab reportet, Leute. Ja, alles das gut. War... Bullshit. Also ich würde ganz gerne, wenn ich das jetzt, also das war ein guter Test, also ich würde gerne durch die Pads 2 Mobs rausnehmen. Jeweils links und rechts, die wir markieren. Und dann können wir die einfach anderen downzergen. Weil die Pads tanken halt jeweils ein. Dann, ne?
Auch im Pack, du kannst ja deine Weihe machen. Wir gehen ja nicht auf die Mobs. Ist das okay? Also ihr möchtet die halt weg, also von mir wegtanken quasi, oder wie? Nö. Also die Ja, bleiben die bei dir cleaven stehen, halt aber auch. du hast einfach nur keine Agro. Das Ding ist, also ich bekomme ja, aber also die Mobs cleaven. Das heißt, wenn die dann trotzdem bei mir sind, dann bekomme ich ja trotzdem Damage von den Mobs. Achso. Ja, okay, Deswegen, ich check. Oder wir machen mit Dings, wir machen mit Eiskältefalle am Anfang. Ja, das können wir auch machen. Also, weißt du, wo man die dann einfriert? Ja, Ja, genau. wir können die halt pre-pull legen und dann hitten wir den Mob jeweils an und dann haben wir Aggro und dann gehen die in die Falle. Blöd nur, wenn die resisten, weil dann... Ja, ich würde das wahrscheinlich Wollen wir machen. weitermachen? Ja? Okay. Ich Okay, pull ja, die nur mal diese Hunde hier. Kommt dann nochmal so ein Pack, weil ich habe Ja, jedes einzelne Pack von denen macht genauso viel Damage. Das sind, diese Zwergenpacks sind relativ schwierig. schwierig. Also ich habe auch den Cooldown geused für den hier eben. Ja, ist alles gut. Also Ich würde jetzt, also ich würde halt wirklich einfach 2 so. ziehen jetzt von diesen Mobs. Also einfach die Fallen stellen. Okay, Toro, meine nimmst Kette zur Not du links, nicht rechts? Ja, wir spielen jetzt ohne Knoten, wir spielen jetzt mit den, genau. wir spielen Ja, jetzt einfach aber um mit die den Eis... Pfeilen. Ja, nimmst du links, nicht rechts. Wartet mal Ja. ganz kurz. Und also die heilen auch, die anderen. Könnt ihr das auch interrupten? Oder kann das nur Serena machen? Mit dem Pet können wir das interrupten, wenn wir wissen, wann er heilt. Der macht das Ja, hier. Lose. Täter, ne? Der blaue. Also müssen wir den fokussen. Eigentlich fokussen müsste Okay, man Fokus hier ich- den und den... Oh, ich habe gebabbelt, nice. Also fokussen müsste man den Totenkopf. Okay. Und den blauen sollte man halt einfach nur interrupten. Ein bisschen weiter hinten spielen wir das. Wir spielen das nicht hier vorne, damit wir nicht noch mehr pullen. So. Also du hast hier 2 Fallen, da kannst du so reinlenken, wenn du Okay. willst. Pulst. Ja, okay. Und wir spielen das. Darf ich hin. nochmal kurz eine kurze Frage noch? Ja? Sorry. Ist das was anderes, was wir gestern gemacht haben? Weil ich bin sehr Ja. erschrocken über den Damage gerade. Ja, das ist der andere Wing. Also Ich sag's euch direkt, also ich hatte sehr Probleme gerade. Holy shit. genau, also die Packs hier sind alle sehr gefährlich. Die machen alle richtig viel Damage. Vor allem, weil dieser Offizier, die alle buff mit einem Battle-Start, normal, wenn du einen Mage hier hast, dann wird dieser Offizier geschiebt oder es CC, damit er diesen Buff nicht macht. Und dann ist es alles viel einfacher, aber wir haben eben keinen CC. Und dann müssen wir eben mit diesem Battle-Start kämpfen und der macht einfach so viel Damage. Okay, wenn das so schwer ist, ich glaube, ich würde meine Bird Buffs für die rausholen, weil sonst kriege ich euch nicht. Ja, Wir das können- wir sowieso machen. Könnt ihr die wieder also habt ihr noch einen Nein, Chrono? kann ich nicht, aber es ist mir wert, das hier zu machen, die Packs, Aber- wenn die so krass sind. Weil ich würde dann Also vielleicht für mich, zuerst irgendwo ihr müsst- anders ihr müsst die ja nicht hingehen. rausholen. Also wir können ja hier dann später hingehen, weil sonst machen wir das jetzt, Ja, machen können die wir auch. Buffs und dann machen wir irgendwas, was viel einfacher ist und haben diese Buffs drin, das ist ein bisschen gewastet. Dann können wir halt die einfach später also ich müsste nach zurückkommen. jedem Fight gerade so, also es war wirklich gerade so, dass ich noch Mana-Pad machen musste und so. Ich meine, wenn wir es irgendwie anders spielen, kann sein, dass es dann anders funktioniert jetzt mit den Pads so, aber das, ich höre das nur von meiner Seite aus. So. Ich bin der Ja. Healer und ich weiß halt nicht, ich will euch halt nicht verlieren, weil ich irgendwas nicht geheilt bekomme. Nee, das macht schon Sinn. Ah, guck mal hier rechts, die Wein, guck mal da. Die hier. Im Käfig an der Wand. Warte, ich habe jetzt nicht richtig verstanden. Was ist unser Plan? Ja, wir machen was anderes erstmal, damit wir jetzt nicht die Boons breaken. Hier, Nagora, warte, kannst du nochmal. Achso, okay. Was ist das? Hm? Ja, dann habe ich auch ein Level nice. up, dann bin ich auch Cool. ein Level höher. Ja, ist schade, dass wir keinen CC haben für diesen, den einen Mob da, aber ja, die machen schon richtig viel Damage. Aber wenn wir halt einfach nur 2 Mobs freezen, dann ist es, glaube ich, echt kein Problem. Nehmen wir beide Hühnchengruppen? Ja. Mit Non-Minute. Achtung auch mit ein bisschen zurückgehen, dass wir den anderen nicht auch noch pullen hier rechts. Die machen schon relativ viel Damage an mir, aber es sollte schon passen. Nicht so viel wie die Zwerge vorhin. Ja. Da wird wieder gekirschnert. Geile Scheiße, Alter. Ey, ich hab so viel Leder, du weißt nicht. Aber Kirche lohnt sich halt echt, ne? Das kann man so viel machen einfach. Ja, hier und im Tempel halt auch, ne? Also Ja. Das ist schon verrückt, ja.
Was gerade voll Folter für mich, weil als wir das Dungeon hier angefangen haben, habe ich Pizza bekommen und ich darf die jetzt nicht essen, bis das Dungeon vorbei ist. Ich meine, zur Not kann Nosserino das hier tanken und du kannst deine Pizza nur essen. Nein, ich möchte das auch gemütlich essen dann und nicht, nicht voll behalten. Reinschlingen. Ja. Kalte Pizza. Die ist eh schon kalt. Kalter wird sie nicht mehr. Nutzt du die Hunde noch dazu? Nee, da Nee. kriegen wir noch Doppelfett da hinten. So, ich muss trinken. Ich habe euch alle gebufft. Und 3, 2, 1, Hundepart Risiko. Wir müssen hier lang, oder? Oder hier? Die Frage ist, wollen wir den noch oder wollen wir den nicht? Also ich bräuchte ihn nicht, den Boss. Also der droppt nichts mehr von Wert für uns, also für mich. Ihr könnt gerne mal nachgucken, also ich kann euch sagen, was die droppt. Hier. Ja, wenn du mal posten könntest, wäre nice. Ja, das sind die Sachen, die sie hat. Ja, nee, eigentlich nicht der Weg wirklich. ist halt Braucht irgendwas? zu dem, ne? Also ich brauche das nicht, keine Ahnung. Okay. Ja, auch nicht. Dann gehen wir aber die hier vorne rechts, oder? Ja, Arena halt, Muss ne? da auch nicht Ja. hin. Laut Die Rocco. Schultern habe ich da auch schon bekommen, von daher ich bin auch happy. Okay. Ja, gut. Also außer du möchtest. Hat jetzt irgendwie niemand was gesagt, außer. Sage für Dankeschön für Prime. Dankeschön. Ich habe auch gesagt, ich brauch's nicht. Achso, okay. Ja, nur so habe ich noch gar nicht gehört. Vielleicht geht der Discord nicht mehr. Weiß nicht. Nö. Achso, okay. Achso, okay. Brauche ich nicht. Okay. Na gut. Ist ja eine Gruppenentscheidung. Ich deswegen. melde mich, wenn ich doch was brauche. Okay, okay. Da kommen noch 3 Hunde von hinten, aber ich denke mal, die nehmen wir aber dazu. Warte, ich hol die auch rein. Achso. Das ist aber nicht unser Gang, ne? Achso, das ist der falsche Gang. Okay. Ja, ich lass ihn mal machen, also. Das ist nicht der Gang. Ja. Okay, hier sind viele Gänge, viele Gänge. Also der Gang links von uns führt dahin, wo wir hin wollen. Okay. Links von uns oder vorne hier? Nee, hier, gerade der hier. Der hier. Okay, okay. In die Richtung. Bitte noch damit. Nutziger, danke für den Sub, Dankeschön. Und Kirika, danke für den Fry. Vielen, vielen, vielen Ich habe Dank. das Gefühl auch, irgendwie sind die Game-Server heute ein bisschen laggy irgendwie. So ganz leicht. Also ich bin happy. Gestern zu der Zeit hatte ich 9% Laptop-Akku und dachte, der geht aus im BRD. Holy shit. Oh nein. Weil es ja süß, dass du nichts gesagt hast, weil. Ja. Ich hab. Nee, das war was anderes. Da war ich. Da hatte ich einen Anruf bekommen. Es war ein bisschen. Da musste ich kurz mal. Dinge klären. Ja. Okay. Geht los. Geht los. Und hier in dieser Arena, da ist alles immer ein bisschen random, oder? Was für Bosse man bekommt und was für Waves? Genau. Okay. Aber das ist wirklich, also das haben wir gestern easy runtergespielt, da gab es auch keine Probleme. Okay. Mit 2 Kältefallen einfach gearbeitet. Und hier kann auch irgendein Epic droppen, oder? Ja. Schöne Brust. No ist das. Fängt das an, wenn man da reinschaut? Ja. Ah, okay, dann buff ich nochmal eben.
Ne, da gehen wir jetzt ja noch nicht rein. Wir machen erst rechts. Also. Erst laut Rocco. Ja. Also hier laufen auch Pads rum. Ne? Mhm. Zum Beispiel kommt da gerade eine Pad hochgelaufen. Ich markiere mal. Ja. Da kommt eine Pad hochgelaufen. Wir arbeiten uns einfach runter. Lord Rocco läuft hier auch rum. Ist das ein Boss, laut Rocco? Ja. Ah, okay, okay. Ich pull die mal für uns. Oder? Naja, kommt doch. Ja, kannst du selber Ja, machen. kommt eh. Ja. Ja, Disarm ist ja wieder... Aber ist ja gut, dass ich tanke dann. Dann hast du deine Waffe trotzdem noch. Und für Pala ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, okay. Ja, bei mir ist schon direkt nicht genau. gut, aber... aber Krieger kann ja gar nichts mehr machen dann. Braucht man diese schwarzen Diamanten hier für irgendeine Quest oder sowas? Ich glaube, das ist nur für Craften und Abgabe irgendwie für Hut oder so. Aber ganz genau okay. weiß ich es auch nicht. Zu lange her. Da kommen 3 Hunde. Mhm. Warte, ich glaube, ich laufen die bis ganz hoch, dann können wir die gleich mitnehmen. Ja, ja. Easy. Ach, Freunde der Sonne. Wenn wir hier noch 5 Stunden so drin sind, krieg ich Level up, okay? Nice. Dann müssen wir den Boss dann noch machen, den wir nicht wollten. Ja, genau. Der droppt zwar nichts, aber für die XP. Mit Boons, Alter, wir machen, also, ich check schon, all good, ist auch gut, dass du das gesagt hast, so, wenn du dich damit Ich nicht meinte so den ganz anderen. wohl fühlst. Den anderen meinte ich gerade. Welchen? Wo ihr gesagt haben, die Items brauchen wir nicht. Wenn du sagst, brauchst XP. Achso, ja, true. Ah. Ich check. Ja, weil was machen wir dann noch? Was noch relativ... Also die Bar, glaube ich, ist so ein bisschen schwierig auch, Genau, oder? die Bar. Ne, die Bar eigentlich sind. Oder halt der Weg zur Bar, glaube ich, oder? Ja, ja. Genau, also dann können wir ja zum über Schluss... der Arena das machen. Dann können wir nach der Arena einfach die Buffs nehmen und dann links zu diesem einen Magma-Boss. Weil der Boss an sich ist ja echt... Der macht ja gar nichts. Es ist wirklich nur diese Zwergen-Packs, die dann relativ schwierig sind. Und dann auch diese großen Elementare, die dann später auch sind. Aber wenn wir das bei den Zwergenpacks benutzen, dann sollten wir die Double Buffs ja noch haben bis zu den Elementaren, oder? Da ist Lord Rocco. Ah, da ist er. Warte. Vielleicht läuft dann. Leider. Ich weiß nicht, ob Okay. wir ihn kriegen. Lass mal versuchen. Warte. Ja, ist egal. Oh, Okay. Okay. Aber Okay, war wir hätten das jetzt nicht Drei Meter riskieren weiter wäre müssen. die Ja. Deswegen, ich hab mich sicher gefühlt. Ansonsten Oh wäre ja, das okay. Ich habe mir Aber schon da haben wir kurz uns ein gedacht. bisschen Zeit gespart, deswegen war das jetzt eigentlich ganz gut. Müssen wir dann Also, Trust, noch ich hier weiß lang, schon bei der oder? Range. Ja, wir können noch den Hundemeister machen, Also. wenn wir wollen. So, Schon das wieder? ist aber gar nicht so. Die sind ja richtig nice. Hast du die schon? Habt ihr dich gestern gedroppt? Nee, die sind Nee, gestern ich, nicht gedroppt, ich hatte gestern. Achso, gestern andere Schultern. Warte, lass mal gucken. Aber die sind, also, die haben halt einen coolen, also die haben halt einen Warte besseren mal, die haben Effekt plus drauf. 26 Healen und du kriegst 5 Mana alle 3 Sekunden. Ja. Nee, alle 5 Sekunden 3 Mana. So, nimm Oh, mit, shit, pack ich hätte ein. die jetzt gerne gehabt. Ich dachte schon, oh, Miau hat die schon. Jetzt kann ich nehmen. Nee, aber wenn ich mir auch. Nee, auf jeden Fall. Nee. Meine sind halt auch Nimm schon mit. gut, die ich habe. Nimm mit, ne? nimm mit. Nee, die sind Wir haben super schon alle okay. gepasst. Ich glaube, die sind richtig gut für dich. Ja, jetzt kämpfen wir uns einfach weiter runter. Okay. Für die XP nehmen wir Meine natürlich Alten den sahen so Hundeboss noch mit. schön aus. Das ist immer so schade, wenn man irgendein neues Item bekommt, das richtig gut ist und dann sieht es einfach scheiße aus. Ich habe mich so über die anderen gefreut, weil die so geil aussahen. Und dann, ja. Bei mir kannst du auch immer, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mir kannst du immer direkt am Anfang schon ein Schild geben. Also du musst nicht warten bei mir. Wirklich, wirklich Okay. so ein Scheißprogramm. Hast du die Buffs draußen, Laranis? Nee, ich brette einfach nur rein wie ein kranker Oger. Holy shit, Alter. Wieder nur rein. Junge, MM hat das Superior Race einfach.
Das ist schon krass, wie viel Damage Hunter machen eigentlich. Schon super fair. Also, oh Gott, Nagura, also Toro ist BM. Ja. Hat Pre-Bis-Raid-Waffe, ist ein Level über mir. Aber MM ist einfach kranker Spec. Schleuder, Mana-Schleuder bis nach Uganda, aber Damage ist crazy. Machst du viel Aggro, also du selber? Weil sonst kann ich dir auch... Ja. Ah, okay. Das ist ja das Problem. Ah, okay, das weil... ist so eine agra-hungriger... Ja, aber sonst könnte ich dir halt STW geben, aber ich glaube, Signer-Rettung ist schon wichtig vielleicht. Oh, Vorsicht, Pets zurück. Oh, wir haben... Ja, wir pullen jetzt echt viel. Ich würde rauslaufen. Damn, I do figure. Ja, wir gehen raus. Ja, lass aber ganz rauslaufen. Damn, I do figure. Wir laufen. Gib mal Aspekt. Nee, warte, da wird jemand... Ich mache noch einen Dummy, warte. Damn, I do figure. Ja, Nose ist gedazed. Lauft weiter hier. Ihr müsst weiterlaufen, ja? Ich kann dir erst... Ja, aber Nose. Versuche. Ja, ich gebe dir... Eiskette verlegt. Renn durch. Ich bubble. Ich bin schneller. Du hast Bob. Links halten. Head haben wir drauf geschickt. Alles gut. Sind wir alle da? Wir sind alle da, ja. Einfach geradeaus durch. Also weiter. Passt. Warum ist denn der so weit weggelaufen? Ja, der war so runtergeklopft, dass er einfach weggelaufen ist hinten. Aber der ist auch gesprintet, also... Die sind echt schnell. Ich werde ab jetzt Ding drauf machen, dieses Siegel, dass sie nicht weglaufen. Warte hier kurz. Okay. Einfach alle raus. Ja, raus. Achso, meine Uhr habe ich ja, stimmt. Aber hat ja so geklappt. Boah, da ist Davidose, ne? Das war sehr, sehr gut gespielt. Ja, das war nice. Mit dem, ich glaube, das war, also mit dem Ding ein bisschen warten mit dem Aspekt, glaube ich. Ich glaube, deswegen war Nocerino gedazed. Ja, er war dazed, ja. Aber sonst war alles richtig nice. Junge, Todstellen, Eiskältefalle, pam, schnelle Finger, als wäre ich 16. Ich meine, aber da kommt der Retail-Spieler aus mir raus. Ich muss mal Luftwaffe wiederholen, der hat leider geopfert. Holy shit. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen, dass die Mobs da weg sind. Nicht, dass wir reingehen und die direkt uns umhauen. Eigentlich sind die direkt weg. Okay. Moment, ich muss auch... Hey, Nagura, geh vor. Aber ja, ich mache jetzt dieses eine Siegel drauf, dann laufen die auch nicht mehr weg. Na, ansonsten legen wir halt noch eine Frostfalle irgendwo dahin. Das Ding ist, ich hab auch noch Damage gemacht und Pets waren ja weg, aber der ist einfach durchs Weglaufen hat der Double Pack gepullt. Der Arschkopf. Ja, der ist halt auch nicht gestorben. Wenn er noch gestorben wäre, das linke Pack hätten wir ja machen können. Gewesen, glaub ich, ja. Aber, ja. Aber die Elementare. Nein, gut reagiert, dass wir rausgegangen sind mit dem allen drum und dran. Wir haben niemanden zurückgelassen. Perfekt. Auch eine gute Frostfalle nochmal gestellt. Okay, dann lass doch wieder rein. Ich trau mich. Nice, okay. Imagine, wir werden jetzt reingekommen, da stehen so 2 Feuerelementare und klatschen uns erstmal ins Gesicht. Hallo. Eieiei, aber also wirklich, nochmal, ne, also hier Nose, Miau, dafür, das war richtig gut. Na, ist echt schön gut. Dummy, schön slow, ganz entspannt. Wir hatten viele Dummies, ich glaube, wir hatten irgendwie 3 Dummies, oder? Noch eins weiter, noch eins weiter. Ja. Das ist echt gut. Lass mal zur Not die hier bitte noch wegmachen. Beim Zurücklaufen hatte ich ein bisschen Angst, dass einer von uns da reinläuft. Ja. Und einer wäre fast in die Arena gelaufen. Ich weiß nicht, wer das war. Das wäre aber ein guter Todesclip geworden. Also ich glaube, als Hunter hätte ich einfach Totstein gemacht, wäre liegen geblieben und hätte gesagt, bitte resettet und kommt mich retten. Oh Mann. Ja, was schon gut. Aus der Gruppe gehen, dann wärst du rausgeportet. Achso, Toro, du bist ja auch NG, ne? Ja, Ja. dann haben wir ja Double-Attrappe. Ja, das ist gut, das können wir auch so spielen. Das ist ja auch nice. Ich habe eine große geworfen. Es Warte mal, waren sogar 3. Schöne, Holy shit, wir ja. haben wirklich 3 gestellt. Holy shit. Ja, Alle hat Hose voll. Vielleicht pullen wir die auch ein bisschen zurück und machen sie nicht da, wo sie stehen. Ich glaube, das ist auch... Ja, Genau. genau. Trappe looten. Warte mal. Ja, Ich kann dir die ranholen, Agora. Ja, mach. Ich meine, da sind die jetzt eh slowed, also. Na gut. Mhm. Kriminelle kleine Schweine, Alter. Guck, das machen die Zwerge mit dir. Das sind deine Brüder und Schwestern, Nose. Die wollten dich umbringen.
Ist okay, wäre eine ehrenvoller Tod gewesen, an den Zwerg zu sterben. Ist okay. Das verkrafte ich. Jetzt mache ich Faustkampf mit dem. Der soll mal kommen. Der hat also nicht, der hat seine Brüder, Schwester und Cousins geholt, wirklich. Ganze Familienstammbaum kam da gerade. Sei ehrlich, Nose, ging Puls hoch beim Laufen? Ging hoch? Okay. Okay. Noch war okay. Ja, Mit okay. Dungeon so. Also ich hatte 500 Puls, ja, ihr bestimmt alle 50, ja. In meiner Stimme war ich so, Bestimmt. War okay. Nein, ich hab gesagt, Leute, Dummy. Ich hab direkt. Also ich hatte gedrückt. Schiss. Ich hab alle gebabbelt, die gingen, die da noch waren. Ich bin nicht. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, war nicht alles. Ich habe noch nicht so oft so Situationen gehabt. Aber, ja. Könnt ihr wieder ranpullen, ne? Ja, bitte, ja. Ja, kein Problem. Nagora, wie sehr freust du dich auf Midnight? Ich freue mich schon, aber nicht, also es hält sich in Grenzen. Ja, okay, ich check. Bei dir? Also als der Pre-Patch kam, hatten wir nochmal Raid für die letzten 3 Mounts. Ich habe mich eingeloggt, habe mein UI gesehen und habe mir gedacht, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ja, das mit den Islandern ist, ach, keine Ahnung. Mich fuckt es halt ab, dass das so halb ist. Also wenn sie sagen, es geht gar keine Add-ons mehr, dann würde ich mich halt damit abfinden und irgendwann gewöhnt man sich an dieses Standard-UI und das werden sie schon verbessern, keine Ahnung. Aber dass man jetzt irgendwie die alten Add-ons nicht haben kann, aber dafür kannst du die ganzen neuen Add-ons haben, die irgendwie dasselbe machen wie vorher und brauchst aber irgendwie nur 50 davon und keine Ahnung. Ja, ich check das. Ich bin richtig gespannt. Die müssen wir da machen. Weil ja. Ist okay. Halt, ne? Okay. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu viel Pain. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die erste Season komplett Arsch wird. Aber... ja, mal gucken. Ich glaube auch, dass die erste Season vielleicht jetzt nicht... Vor allem ich glaube, viele Klassen sind auch einfach ein bisschen langweilig jetzt, aber... Ich hatte 3 Tasten im Raid. Das war so boring. Diesmal nicht. Meinst du wie Classic Paladin dann, ja? Ja, so ungefähr, wirklich. Nicht mal mehr Crusader Strike, das haben sie uns ja jetzt zurückgegeben, Gott sei Dank. Aber es war wirklich, also du standst einfach rum und hast dir gedacht, ja gut. We chilling. Ich pull uns das raus gleich, Warte mal. Es kommen wahrscheinlich viele Hunde mit, aber ist ja egal. Also die schaffen den, glaube ich, schon. Nee, wir machen ja nicht gleich den Boss. Ich pull erstmal die Hunde Parts links und dann rechts. Ja, manchmal kommt der Boss halt mit, aber probier mal. Sagen wir, die rechts nicht pullen, ist eh safe. Ja, warte, gerade doof. Spannung steigt. Nice. So, hier der AOE auf Wish bestellt. Boah, ja, okay. Schreibt gerade jemand, Crusader Strike ist auch schon wieder rausgepatcht, ja. Ja, Holy Power wird turbo langweilig. Was soll ich sagen? Weißt du schon, was du spielst, Nagora? Herr Klasse, Dankeschön für den Prime, Dankeschön. Moonkin, ja. Okay, ja, ich check. Du. Okay, kommt. Diese eine Runde
der immer meine Falle auslöst. Wirklich, ist das ein Arsch. Jetzt können wir Boss machen, oder? Können wir rein? Yes. Entweder, ja, wir können ihn drinnen machen oder draußen. Ja, kannst du einfach rausholen eigentlich. Geil, ja, kann Lara nass machen. Ich trinke. Alles Okay. klar, kein Problem. Okay, wir machen Doppelbrandfalle. Geil. Nicht gut. Geil. Klar. Hier ist sonst nichts mehr drin, ne? Okay, 3, 2, Doppelspringfalle. 1. Der Bre kommt! Lass du gleich klatschen. Oh ja, Baby. Ja. Der wurde deleted. Ui. Okay. Ah, Wildtiere, okay. Wildtiere. Ey, Nusse, willst du die haben? Ah ja. Nicht Aber unbedingt. zum Pullen mit den 3 Zum Pullen ist Bewegungen ja vielleicht gut. besser als deine langsame. Ja. I don't know. Hey, was soll das? Meine hat dieselbe Geschwindigkeit. Ich hab doch eine neue, Junge. Wollt ihr dann, So. also gehen wir jetzt in die Arena, oder? Wir gehen jetzt zurück wieder. Okay. Ja, mit Orientierung ist nicht so meine Stärke, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Ja, das haben wir das Da fahren wir doch Toro, der weiß, der kennt sich aus. Okay, sehr also schön. bis hinten Unser hoch Guide. Arena, ja, aber dann bei dem... Wollt ihr hier schon Double Buffs oder brauchen wir nicht? Ihr könntet rein theoretisch... Also wenn der Gladiator kommt? Double Buffs könnte man hier schon rauspacken, so. Ja, lass Komm einfach mal nicht machen, zu oder? tun, auf geht's, Freunde. Komm, dann macht das Spiel Jetzt- doch Spaß. Jetzt Ja, hat wissen wir Nagura die wenigstens, wann's schlimmste zu Zeit Ende ihres ist. Lebens. Ja. Hey, die kannst nicht abwarten. Noch nicht reingehen, noch nicht Oh, reingehen, sorry. weil sonst geht das Tor zu. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt einfach rein, machen rechts jetzt und ja, gucken, was Okay. da kommt. Go. So. Geht da echt Gut die Tür Luck. zu? Danke. Und dann kann man draußen bleiben, oder wie? Ja, wenn er hier kommt. Okay. Ja, für 10 Gold renne ich jetzt wieder raus, so, ne? Also, oder 10 Subs besser Kannst gesagt. durchs Gitter Aber okay, wo- Bonaparte Kann da, man? gewinne Ich glaub nicht, 500 da Bits. ist Guten das Sichtfeld, glaub ich, Abend, guten blockiert. Abend, guten Also Abend. normalerweise bei den Bossen. Dankeschön. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntagabend. Mal gucken, was wir kriegen. Was möchten wir haben? Gibt es irgendwie gute Items oder so? Was wir. Gibt schon die. Die Brust hätte ich gerne. Die Brust hätte ich auch Bis- gerne. Da mache ich auf jeden Fall. Was kommt? Okay, Spinnen. Spinnen? Ja, Spinnen. Ist sind gut oder schlecht? Nee, Spinnen. Ja, die sind schön. Die machen nur Vergiftung. So ein bisschen, ne? Okay. Gegenheilen. Weiß man dann auch schon, welcher Boss dann später kommt? Oder weiß man es jetzt noch nicht? Das ist random, was hier rauskommt gleich. Ah, okay. Ich dachte, Random, wenn die Spinnen Spinnen... kommen. Ah, okay. Ah, jetzt könnte man die Wildtierwaffe anziehen, ne? Also danach, Oh. danach können wir einfach kurz hinsetzen und Mana machen. Okay. Wenn noch Mist. Wenn die Tiere tot sind. Dann haben wir nämlich nochmal kurz einen Moment Zeit. Wenn der Ork rauskommt, der ist krass. Ja, also Okay. der macht Damage. Okay. So, genau. Also der macht einfach nur... Ah, macht der auch hat diesen Epic Drop. Mortal Strike, dieser Ork? Ja, ich glaube schon. Irgendwas, der war fiese miese. Okay. Ja, wer kommt? Wer kommt? Ich trinke noch Trommelwirbel. eben. Moment. Ja, ich trinke auch, Auf Nimmerwiedersehen, ja, okay. Okay. Erzähl Meistens mal. kommt der Trash. Oh, Mob der und- Ogre. Der Ah, der Ogre ist Ah, gut. das ist so ein Der Ogre Caster, ist, oder? Fein. Ja. Okay. Okay, Nagura, ey, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, dankeschön. Wofür? Okay. Ja, so, also normalerweise habe ich jetzt schon immer Agro. Achso. Der kann Ich hab dich. Gladiatorhosen droppen für uns. Okay. Aber es sind die Dudu-Hände. Ja, Oder guck. auch vielleicht für den Pala was. Ja. Ich nehme es dann mit, weil braucht ja eh niemand, oder? Ne. Nö. Okay. Fertilgear hätte ich jetzt gesagt, aber das geht nicht durch hier. Wir haben Krabblergift drauf, ne? Irgendwie so. Ich nehme das runter. Ah ja. Achso, also das, Lara, also,
hier oben spielen wir jetzt, glaube ich, 3 Packs, kleinere Packs im Gang. Ne? Ja. Die spielen wir Sagst hier du im das Gang mir drin. oder sagst du das Nagura? Natürlich sage ich das Nagura. Ich aber Weil du Lara gesagt hast und ich dachte mir, ja, ich dachte so. Ja, ich trinke noch eben, musste Waffen. Frage, aber das war nicht mit dem 4 das, oder? Wenn das 4 kommt, der mit dem 4, wo war der? Ja, mit dem 4. Hatten wir nicht war das in diesem Ding? Oder was im Tempel? Das war eigentlich im Teil davor. Okay. So, also wenn du hier ganz kurz gucken gehst, siehst du links ein paar Zwerge, rechts ein paar Zwerge, dann läuft hier eine Patt lang. Versuch erstmal links so ein bisschen die Dann pull ich's erst einzeln links. rauszupullen. Okay. Genau. Ich hab schon 2. Achso, ja. Du meinst die 4. Ja, du meinst die 4 Tanten. Komm ruhig zurück mit denen so ein bisschen, ne? Okay. Perfekt. Dass sie nicht abhauen. Ja, ich habe das Siegel, dass die nicht weglaufen. Also, solange die nicht alle gleichzeitig sterben, kann ich das drauf machen. Deswegen fokussen. Perfekt. Wollt ihr jetzt reingehen oder spielen wir das Nee, noch draus? wir pullen noch raus. Okay. Wir pullen hier weiter in den Gang rein. Dann pull ich mal die rechts. Ja, schön vorsichtig. Mhm. Es kann sein, dass da auch Dings mitkommt. Feuerelementar. Ich pull die mal weiter zurück. Hab ich den Akku? Ja, ich habe mich schon mal totgestellt. Sorry. Ja, keine Absicht. Also doch, war schon Absicht. So, jetzt müssten irgendwo noch Feuerteile sein. Die können wir auch noch hier machen. Und die eine Patt läuft da noch rum. Mhm. Pull das, was du einfach kannst. Ich kann mich gerade nicht waffen. Ah, jetzt. Nehme ich mal die Wache hier. Oh yes. Kommst du? Kommst du raus? Ich spiele das einfach hier. Das ist nur der eine Mob hier. Okay. Ich schicke mein Pad einfach nicht drauf. Links haben wir nämlich auch noch die Zwerge. Ich glaube, die würde ich auch noch gerne machen. Aber die können wir auch da spielen, wo sie sind, glaube ich, oder? Nee, die können wir nicht da spielen. Ich weiß nicht, ob die einzeln kommen, ob die alle 4 kommen. Ich glaube, die kommen einzeln. Wenn du Okay, dann pull ich den. Ersten Puls. Ich würde die auch hier spielen, weil wir sind übersichtlicher hier. Okay, dann können wir auch die anderen 2 spielen. Ja. Die Part von hinten. Die macht nichts. Kommt einfach zu mir hin. Ich sag nur, damit die anderen vorlaufen. Ja. Die können wir gleich mitnehmen. Mhm. Ich hol die, glaube ich, eben. Ja. Mhm. Die können wir auch da spielen, aber ja. Was auch, der rennt weg, der Low Level, also macht den, damit Okay, er nicht irgendwie was Ich pullt. slow. Ah, perfekt. Ich slow. Wir können ja unseren Slow-Shot machen. Ja, perfekt. Die hatte ich leider nicht mehr, aber ja, aber normalerweise können wir das machen, ja. Wir müssen jetzt vorne rechts, oder? Wir müssen jetzt hier also eigentlich können wir jetzt hier schon hoch erstmal gehen und dann machen wir erstmal den Part. Okay. Ja. Da oben sind jetzt ganz viele, aber die sind alle. wegen was? Die einfach nicht angreifen. Ah, ja, ganz kurz. Wir gehen einfach lang. Wenn's, also, wie lange braucht denn? Okay, ja, geht schon gut. Ja, geht gut. Dankeschön. Und hier spielen wir zweimal Line of Sight. Ah, aber da geschrieben 2 oder 2 Bandlern? Oh, ich markiere mal. Ah. Wir haben einen. Aber. Ist hier die Arena Okay, unten wieder? cool. Also. Und wir haben Jo, Okay. das sind die, die uns zugeguckt haben, wie wir uns geprügelt haben. Ja. Hier sind jetzt, glaube ich, einige sind einfach Non-Elite, oder?
Ja, die zwei sind Elite, die anderen sind Non-Elite, aber hier läuft auch noch eine Feuerpad lang. Mhm. Ne, eine große. Ich darf eben mal alles durch wieder. Ah, na gut, du kannst einfach pullen und dich hier hinstellen, dann kommen die alle hier hin. Dann können wir Ja, ist das die Feuerpads? Ja, die warten wir ab. Wollt ihr Ich kann die auch irgendwas anpullen, wenn zu du willst. 10 oder so? Ne, wir chillen hier und dann bomben wir die runter. In der Ecke. Aber noch nicht pullen, erst wenn die Pad wieder komplett nach links rüber gewandert ist. Warum Achso, kommen die ja, nicht zu die uns? dreht jetzt um. Ja, die Ah, okay, dreht ich jetzt sehe, um, die ja. hat jetzt umgedreht, okay. Ja, und das Und wollt ihr nicht die Publikum, ja, Caster also deswegen wird fokussieren? immer- Die Abgesandten? Wir legen auf alle Fälle eine Frostfalle, damit die schön slow hier sind. Dann gehen die auch durch. Und wartet auf jeden Fall mit Agro hier, also bevor ihr ja komplett... Ja, ja. Okay, ja, dann geht los. Loslegen. Bekommen wahrscheinlich relativ viel Damage hier, aber nicht, Ich mag nicht so nur viel die wie bei den Elite. Zwergen. Also wir haben 3 Ich Elite pull. bei denen, Ich ne? pull. Ja, Das ja, sind ja. drei Elite Achtung, pull. 3, 2, 1. Erstmal die Castle wegmachen. Stand. Also Totenkopf und X einfach weg. Mhm. Ne? Wir können hier einen AOE machen. Der hier runter geht, ne? Der geht safe core rein. Und schön aufpassen mit durchtappen. Ne? Nicht, dass wir unser Pad hier auf irgendwelche Zuschauer schicken oder so. Mhm. Also brauchst du dir bei mir keine Sorgen machen. Da gibt's noch eine Pad, die wir hier hinziehen wollen, ne? Genau, das passt jetzt auch gerade. Ich mache jetzt nochmal eine Frostfalle. Du kannst die ruhig, von der Mana Die reicht rechten es, war das, ne? die rechts Die rechten einfach war's, einmal ne? pullen. Ja. Aber markier sie kurz, wer Elite... Okay, markier sie nicht. Da, das Totenkopf ist markiert. Kommt um die Ecke Ja, ja, wegen gut. Agro. Ja. So, ich bin gestunt. Ich auch. Achtung wegen Agro hier. Der eine ist ein Heiler, vielleicht machen wir den zuerst. Da läuft einer weg. Ja, ich finde den. Ist down. Wo die Alles sind gut, alle alles low. gut. Sehr gut, schön gelöst. Ich kann gerade nichts machen mit der Nase. Kurz Okay, Mana und perfekt. dann kommt gleich die Pad, oder? Ja, wir müssen da nicht runter, Nosserino, weil... Ja, ich hab gelootet. Ja. Da würde ich tatsächlich sagen, lassen wir kurz die Pets einfach antanken, weil der Feuerschaden von denen schon echt eklig ist, von den Feuerelementaren, den großen. Aber du kannst auch gerne selber versuchen, wie viel Damage du reinkriegst. Nagura. Also, das Problem ist einfach nur, finde ich, für eine Pets, wenn jemand Agro zieht von den Pets, ist halt blöd. Und wenn also ich muss ja aufpassen, also wenn ihr das tanken wollt, dann darf ich nicht richtig Damage machen, sonst bekomme ich ja Aggro. Ja, Okay, auf Und geht's. also das ist halt, wir müssen jetzt nicht Schieb rein pullen. den Arm. Nein, Auf pull, geht's. nein, pull einfach mal nicht. Wir müssen ja nicht hier durchrennen. Aber wir gehen auch Lass hier, uns doch wir mal, spielen unten. ja, aber lasst uns doch kurz mal besprechen. Und zwar, ja, keine Ahnung, also wenn ihr mit den Pets denkt, ihr könnt da echt Aggro halten die ganze Zeit, dann ist ja okay. Das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit hin und her switchen, einmal hat das Pet, einmal ich, einmal Nosserino, dann weiß Miao ja gar nicht, Ja, wen das sie kann heilen sein, soll. ja. Das ist halt irgendwie das Ja, Problem, sonst finde ich. tank du einfach. Ich kann es einmal probieren. Ich bin jetzt schon ein bisschen Low-Level und wenn ich echt richtig reinbekomme, dann machen wir das anders, okay? Okay, ich hol den Gib dir mal. ein Schild vielleicht uns doch geben. Ja, gib mir direkt ein Shield. Die kann man auch stunnen. Ich stun den jetzt mal. Ja, gar nichts macht der. Tschüss. Okay, nice. Tschüss, Alter. Einfach 15 Minuten Besprechung für 3 Sekunden Fight. Ja, ist schon Geil, wichtig aber überleben better und be die safe hauen than dich sorry. halt echt so schnell weg. Die Was ist Mobs. mit Better den be Linken safe than Das ist alles ne? andersrum. Ja, ist so, ist so. Ja, ich würde. Wollen wir einfach den Boss machen statt die Ads? Sind halt alles Caster, ne? Ja, also. Ja, dann lass den Boss einmal wegmachen. Hier rein. Entschuldigung. Ich habe ihn auf mir, okay. Den Alles noch gut? Bro. Oh mein Gott, was ist das für eine Hose, Alter? Scheiße. Ui. Was ist das?
Die ist insane. Holy fuck, was? Ich finde eher die feurige Waffe-Verzauberung ist schön. Okay, Leute, was haltet ihr von dem hier? Feurige Waffe. Können wir erstmal donaten, wer die kriegt, ja? Ja, also. Eine gute Hose. Ey, also guck mal, Toro, ne? Ich hab ja die andere Hose Also ich finde das bekommen, richtig ne? cute. Also, wenn du kriegst jetzt hier, die kriegst du jetzt, komm. Nimm sie dir, pack sie dir ein. Oh, ich nehme sie mal mit. Jetzt mal. Ein bisschen mehr Leben und die ist schwer. Ja, oder? Kuros, do you remember if somebody wanted M and P? Ich muss mal Or did they want one with M and one with P? Like, I don't remember. I feel like I checked, but I don't know. So, bin wieder da. Okay, dann gehen wir hier weiter einfach, oder? Warte, ist hier irgendein Caster? Nö. Die sind alle Non-Elite. Achso. Ja gut dann. Ja, da vorne am Eingang links und rechts stehen 2 Feuerpads von den großen. Ja. Also hinter den Mauern. Ja, sind das aber wieder die... Ah, das sind nicht die gruseligen, sondern die normalen, ja. Nö, das sind die großen jetzt. Die werden nicht mehr klein, glaube ich. Nee, das sind die kleinen, glaube ich. Ja? Ich glaube schon, ja. Die großen. Ich hole die auch hier rein zu uns. Kommen die beide? Ich glaube schon, ja. Ja, okay, dann fokussen wir rechts. Okay, nice. Also, da habe ich jetzt einfach mal Knoten angemacht. Ja, du kannst auch den linken jetzt tanken, dann tanke ich den rechten. Hier spawnt gerade jemand bei mir. Also, ich habe gepullt, aber lauf bald nach hinten. Ja, wir haben hier gerissen. Okay, ja, laufst um die Ecke, damit die Elementare zu uns kommen, okay? Hier um die Ecke laufen, die Elementare sind schon bei uns. Wo kam der her? In der Ecke stand er auf einmal, ich weiß. Ich glaube, der spawnt, wenn man in die Mitte reingeht. Ich wusste es nicht, ich bin noch nicht gelaufen. Einmal alle auf das hab ich mal Totenskopf irgendwie hier. Miau hat Net. Ja, Ja, ist ich- okay, da. Ja, Trotzdem, komm ich. macht mal die Elementare bitte zuerst. Die jetzt Ja, schon unterwegs. machen ja nicht so viel. Komm mal. Full Send. Perfekt. Reini tankt ja gut. Ja, die kann was. Die zerstört in-game so krass wie auch in Real Life. Ja. Und Nagura wüsste. Ich hätte einfach weiterlaufen. Der hätte mich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, wo der gespawnt ist, aber ich war so. Ja, alles gut. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also den Bewegungstab kenne ich nicht mehr. Ich will mal kurz einen Reload machen. Reload? Ja. Ja. There's one MP? Okay, nice. Bomba. Okay, nice. Das war geil. Ist okay, läuft das nicht? Also ich finde das voll cool. Die Schaut sind gerade jetzt cool alle aus. Elite. Und im Nee, Mon nicht ist schon alle, MP, aber also Ich weiß gar nicht, ob wir Border auf Ohren. den Weg Ist super. gelaufen sind mit Hand damals, oder ob wir hinten... Du musst einmal aufs Ding auch auf den Anhänger, dass ich weiß, was wegen der Länge von der Schleife. Lass schauen, wie es ausschaut, wenn da der Anhänger drauf hängt Wir und können uns das ja mal leise ne. vorarbeiten. Kann ich irgendwie runterschmeißen oder irgendwas? Weil das so gebaut ist, als ob das so ist. Gewollt ist. Als Mobs hier runterschmeißen? Nö. Also, dass die kicken, wüsste ich nicht. Steht doch nicht da. Die kicken nicht, glaube ich, nein. Okay, Nagura, ich hab markiert. Du kannst Ja, ich feuern. würde die auch mal zurückpullen hier. Hier einfach nur um die Ecke quasi. Mhm. Kommt der Part. Und Der rennt weg. Nice Hodge, by the way. Ja, war sehr Shit. nice. Okay, nice. Die Kackdiamanten, ne? Wirklich. Keiner braucht die. Okay, krass. Wir wissen es nicht. Wir wissen Sandriana, nicht. Dankeschön für Prime, Dankeschön.
Ich pull die linke mal raus. Ich glaube, da kommt ein Elementar mit. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, mal kurz hier um die Ecke. Nee, warte, ich laufe ganz raus einfach. Ich will dann schon das Elementar zuerst machen. Full Send. Mhm. Aufpassen mit dem Weglaufen hier auch, wenn ihr AOE macht. Elementar dead. GZ, wer auch immer. GZ. GZ. Sehr gutes Ziel bei der Vamy auch. Ja, richtig nice. Oh, danke. Man muss seinen Healer auch bei der Stange halten, ne? Ich muss kurz durchwachen. Ey, sag das mal meinen Raidern bitte. Sag das mal bitte meinen Raidern, ja? Das, Und das alles mit Overlay-Bug seit 1 Woche, 2 Wochen. Das läuft, also ja, ich gebe euch, also irgendwie, es läuft auch. Schön ist nicht. Also dein Spiel ist laggy, meinst du? So ganz leicht, ja, so ganz dumm. Irgendwie. Hey, Lasko, moin. Aber Ich hab brauche noch jetzt so also viel ich wüsste Mana. jetzt nicht, Mann. Wenn ich jetzt auslogge und wieder einlogge, bin ich ja eigentlich, glaube ich, noch in der Inni drin. Ich würde hier mal das Pack vorne einfach zurückholen, aber ich komme wieder raus. hier mal eine Slowfalle hin. Spielen wir die drinnen? Nein. Oder willst du die draußen spielen? Ah, sorry, ich war gemutet. Ich würde die rauspullen. Oh, Käse. Die brauchen ein bisschen. Die sind jetzt ein bisschen... Die Hunde sind Arsch, ne? Die machen auch irgendwie Blutungen und sowas, right? Die machen Exposed Weakness, aber... Du hast einfach keine. Ganz genau, ja. Ach, der eine kam nicht mehr mit? Was ist das denn? Der eine Mob war einfach nicht gelinkt mit den anderen. Soll ich dir, ich hol dir den ran, warte. Ja. Der hatte voll keinen Bock auf die. Der hat sich gedacht, ich verkaufe euch. Ihr seid eh noch eine Elite. Ihr könnt gar nichts. Okay, wir können eigentlich reinkommen. Da kommt noch einer, oder? Mhm. Ja. Okay, links oder rechts? Links, oder? Warte, Nee, man muss hier, ganz glaub kurz ich, hier einen vorne Waffen mal runtergehen. machen. Boah, rechts sind viele, holy shit. Oder kann man hier einfach runterspringen? Über die Weil Wand. ich will hier nicht skippen. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich vergiss es, dann gehe ich auch einfach raus. Ich weiß noch nicht, ob man hier dann Sind Sie langkommt, oder? Ja, da kann man rumlaufen, aber guck erst mal, ob da was ist. Ansonsten pull die um die Ecke, das passt doch. Irgendwas mit 4 ist ja nicht, ne? Immer crawlen. Ah, hier ist nichts. Okay, wir können hier reingehen einfach. Okay. Oh, ich habe einen Kuchen gefunden. Okay, hier ist auch noch so ein Pack. Sieht auch aus, als wären da viele Leute, aber die meisten sind Non-Elite. Ich würde das einfach um die Ecke pullen hier. Jetzt einfach hier rein. Okay, die haben gar keinen Bock. Hallo! Bisschen nachfassen, vielleicht wegen dem Weglauf hier. Der
Totenkopf, der... Oh mein Gott, what the fuck? Okay, Entschuldigung, Ich hab dir so Entschuldigung. direkt einen Slowshot gegeben. Heilige Scheiße. Einfach Ich wusste, 2 dass mal 1000. Der ist geplatzt, der Brudi. Oh, der ist auch geplatzt. Okay, nice. Ich krieg erstaunlich selten Aggro, das ist crazy. Also, das Props an. Ja, aber das Ding ist, guck mal, ich kann dich jetzt nicht meine Queen nennen, weil Miau. Miau. Miau ist deine Queen. Ja. Und deswegen. Das Moment! Ich will gleich mitreden, du. Ich bin mal raus, ne? Ruhestein, man sieht's nicht. Danke für das Projekt, Freunde. Was schön mit euch, Alter. Du bist mein Vaus, Junge, direkt raus. Warte mal. Also eigentlich, ne? Hier drüben, da wo die Tür ist, wo man einen Schlüssel für braucht, der Säuferdings, da sind wir eigentlich rausgekommen. Also eigentlich sind wir ein bisschen falsch gelaufen, tatsächlich. Ach so? Ja. Warte, wo sollten wir sein da? Also wir könnten auch noch mal ein bisschen zurück und durch die Kneipe gehen, wie es eigentlich geplant ist. Ah, Dann kommen wir aber... nämlich da drüben raus. Aber gehen wir da nicht hinten rein dann? Wollen wir nicht das machen? Wir kommen doch da nicht rein, wir haben ja keinen Schlüssel. Ja, doch. Ich habe doch einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Für den Ich hab grimmigen hier Säufer? Reliktkasten. Der Reliktschlüssel. Ja, das ist ja nicht der Schlüssel für die Tür da. Okay, schade. Aber es ist Schlüssel. Ich habe einen Gefängniszellenschlüssel. Warte, Ja, aber der Nakura, hilft hast uns du auch den nicht. Schlüssel? Schade. Nein, den kriegst du erst später. Also ja. Ein Werkstattschlüssel? Also ich sag, wir laufen nochmal zurück. Ist doch kein Ding. Aber Ja, wollen wir nicht hier noch... Warte mal, ist hier nicht ein Wollen wir Boss? nicht klären? Oder ist hier nicht diese eine Quest, wo man da... Also ich kenne mich aus, dass wir da in die Tür rein müssen. Da drüben. In diesen Gang. Hinter dem Feuerelementar. Da weiß ich, wo es weitergeht. Und dann kommen wir auch da runter. Ne? Ist halt richtig für die Schlüsselquest, ja. Die Schlüsselquest ist hier, glaube ich. Also dieser Tresorraum, wo man das Herz des irgendwas rauslooten muss. Das ist hier. Okay, wir machen weiter. Auf geht's. Warte. Das sind ein bisschen viele. Warte mal, wie sind das? Kommen die alle 1, zusammen? 2, 3, 3 Elite sind mach, das. wie du denkst. Ich bin hier. Ich laufe hier rein. Warte ein bisschen mit Agro halt. Pure Angst. Und du kannst mich immer gern pre-shielden, okay, ja? Bin ich auch ein bisschen okay. sicherer. Ich weiß halt immer nicht, ob das dann direkt Akros sieht, deswegen mach ich das nicht. Nee, wenn du mir bevor ich pulle, das Schild gibst, dann macht das keine Agro. Soweit ich das verstanden habe. Wenn du mir es gibst, nachdem ich gepullt habe, dann schon. Der läuft weg. Okay. What the fuck? Ich dachte gerade, das ist durch den Boden gebackt, weil du den so schnell getötet hast. Ey, guck mal runter, da ist ein Boss. In der Mitte. Ja. Ja, den müssen wir töten. Lord Inkenny. Oh. Dafür haben wir eine Quest. Uiuiui. Hier ist, genau, hier ist dieser Boss. Dieser Verek ist hier. Genau. Ah ja, Wertast. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Okay, ich pull das nächste Verkehr raus. Ja, ich Slowfalle liegt. Perfekt. Hab mal einen eingesperrt. Auf entspannt. Ich glaube, die werfen auch Bomben jetzt, ne? Boah, die haben jetzt aber voll die Akro. Ich hätte den muss ich vorher wahrscheinlich geben. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Warum? Du hast keine Agro? Ich habe komplett von allen Akro gehabt, in dem Moment, wo ich dir das Schild gegeben habe. Achso, ja, da waren sie ja schon gepullt. Du musst das Schild dann, bevor man in Combat ist, dann quasi halt. Sag einfach immer Schild, Nagura. Ja. Ich bin nicht gewohnt, dass ich schilde. Ich bin mit einem Tank zusammen. Ja, dann kann ich das einfach immer ansagen, bevor ich pulle. Ich nur, wenn er low wird oder so, sonst... Nee, also für mich ist es richtig nice eigentlich, wenn du das immer so auf Cooldown einfach immer direkt machst. Aber wenn du das nicht gewöhnt bist, dann... Bei mir mal. Ein Schild, wieso? Soki, danke für die 9 Monate. Danke. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay, ich würde hier einfach, glaube ich, diesen Verek umhauen. Weil der macht irgendwie Thrash und Enrage. Dann lass den mal rein. Ah, perfekt. Danke. Ich habe schon wieder nicht dran gedacht an dieses Schild.
Kommen die Golems? Wenn Nee, die kommen, hab ich nein, Angst. die kommen nicht. Okay. Ja, dann mach den Hund als erstes. Pum pum. Okay. Dead. Holy shit, hab ich erschrocken, Alter! Einfach Handy klingelt, Lieferando. Hallo, Pizza ist da. Junge. Okay, hier. Warte, kriegst mal nix an hier, bitte alle? Oha. Oh, nice. Was ist das? Da geht's ab. Eltern sind ja Imbanit. Imbanit. Aha, okay, komm. Ich glaube, okay, Nein, warte mal. verloren, Was schon soll wieder den gegen hier Laranas. aufmachen? Laranas schiebt mir meine ganzen Sachen ab. du Leute, warte Ja? mal kurz. Meine Maus ist alle. Ah, okay, alles gut. Kommt mal hier hin. Hier sind wieder keine cool. Mobs, also hier ist nichts gefährlich. Kommt hier, wo ich bin. Ja, wir kommen, Nichts wir kommen. gefährlich, sagt ihr, Alter, gleich kommen alle 4, Junge, bumm. Und hier, also stellt euren Charakter hier hin, muss wo grad ich mal stehe. Und dann zoomt ihr eure Kamera ganz, ganz, ganz rein und da seht ihr so ein lila Ding. Und das könnt ihr anklicken. Das ist für die Quest. Wo ist lila? Zwischen den Schlitzen. Genau. Das müsst ihr jetzt warten, weil das muss respawnen wieder. Okay, ich sehe es noch nicht. Ja, das ist gerade weg, wo du gerade gelootet sitzt. Komm, wir machen eine Schlange, wir sind Deutsche. Wir machen eine Schlange. Ja, hier mal alle anstellen. Ich bin Krone, ich steh nicht an, ich Ninja-Lute. Ich bin Zwerg, ich dränge mich vor. Also müssen wir in die Ich-Ansicht gehen, um das zu sehen? I don't know. Was meinst du? Ein lila Ding. Ja, durch die Wand. Das respawnt und spawnt wieder, weil wir halt. Das hat halt einen Spawn-Timer. Mal den Vogel, ich sehe nicht. Kurze Frage, Nagura, ne? Darf man Ja? diese Kassette hier drücken oder kriegen wir dann auf die Fresse? Ich glaube, die kannst du aufmachen, ja. Du glaubst, okay, warte, ich geh mal rein. Ich glaube, also Ich weiß, was das ist. diese Golems, die spawnen, wenn man alle Türen aufmacht, dann kommen die, glaube ich. Okay. Ja, wenn ihr jetzt alle Kassetten aufmacht, dann. Ah. Okay, ich habe geninja-lootet die Kassette. Aha. Okay, sehr gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Habt Ich ihr hab alle? die Golems nicht. Ja, Warte, was ich geil hab- Herz? Okay. Habt ihr alle das Herz gelootet? Okay. Da war nur Scheiße drin. Okay. Aber ein Säckchen mit Geld. Wie viel Geld war denn da drin? Also, das sagst du da nicht, ne? Na klar. Ich glaube, Kleiner jetzt Sack können wir mit zurück. Ich weiß nicht, ob hier rechts noch irgendwas ist. Also wollt ihr die Kneipe machen, dann müssen wir zurück. Weil wir kommen Ah, weil jetzt hier in ist den auch noch ein Hintereingang Boss. nicht rein. Ja, aber wir können auch, können wir auch erst gerne machen. Ja, will ich schon aber noch spielen. allerdings Pass jetzt auf, fest pass auf. Vorsicht. Boah, Ja, hallo. Wir haben Okay, gepult, wir okay. Gepult. Ja, ich. Ich habe so einen Rum getrunken und ich sehe nichts mehr. Deswegen ist Ja, das jetzt macht das mal bitte nicht. Konzentriert euch mal hier. Geht auf den Das ist Totenkopf, noch bitte. Danke. Da Nein, sind das noch die sind. Leads. Nein, das sind nicht London Leads. Hier sind auch. Das ist ein normales Pack, okay? Spiel mal bitte nochmal. Also so lustig wie das ist, aber ich möchte hier nicht drauf gehen. Also, Ich auch nicht, aber. Ja, keiner. Was hast Ah, du ich denn finde das da auch gar. getrunken? Also, das macht Ich man habe nicht gar nichts bitte, ne? getrunken. Ich habe in den Raum geguckt. Achso, ich habe verstanden, du hast irgendwas getrunken und bist irgendwo hingelaufen. In-game dachte ich, hättest du irgendwas getrunken. Ja, das kann gut sein. Deswegen musste ich so drüber lachen, weil ich dachte, du hast so ein Item in der Box aufgenommen, was du getrunken hast und dann so war, weil du irgendwie betrunken bist, irgendwie so rumgelaufen. Das habe ich so. Das passt zu ihm. Das hätte gepasst, oder? Mhm. Ja. Nur am Saufen. Was? Hier kommen immer diese großen Dudes, das sind Patrols und die rumstehen, die kommen immer mit Zwergen mit. Ich glaube, der Große macht irgendwie so einen Stun auf mich. Und die anderen schmeißen, glaube ich, Bomben, aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich hol mal ein rechts. bisschen auf Range der Heiler stehen, damit er nicht umgeklatscht wird, oder? Warum? Ah, nee, der macht nur einen Stun auf mich, glaube ich, nicht AOE. Glaube ich. Ich bin im Stun. Okay, nice.
Irgendwas ist weggelaufen, glaube ich. Ja, die schmeißen immer so Bomben. Das sind wie die in American mit den Minen. Also ich glaube, die schmeißen eine Bombe und laufen dann weg, damit sie selber die Explosion nicht abbekommen. Ja, die haben auf uns geworfen. Deswegen habe ich selber schon irgendwas bekommen. Ja. Haben die auf uns geworfen. Ja. Junge, das ist ein Raum. Heiliger Bimbam. Ja. Da sind ja ein paar Golems. Aber die können wir machen, meint ihr noch? Ja, da ist unten so ein Boss. Den können wir noch mitnehmen. Das ist auch für eine Quest, glaube ich. Wenn du den anschießen kannst, dann kommen da rechts diese Mobs dazu. Ich gehe hier um die Ecke dann. Ich schieße an. Perfekt. Ich schieße hier gar nichts mehr an. Nachher bin ich wieder schuld hier. Also, Ja, besser Was ist heißt immer. hier wieder schuld? Du bist da. Du hast gebodypoolt! War das jetzt nicht deine Schuld oder was? Ich war im Gym die letzten Tage und mein Booty ist ein bisschen Der eine gewachsen, tut deswegen- gerade so, als hätten wir jetzt hier ihn einfach beschuldigt wegen was wer anders gemacht hat. Rennt da in den Pack rein. Ja, ich würde eben auf die Setz mich Pad jetzt hier warten. Ja, da, ich setze mich jetzt auf die Bank und jetzt mache ich hier Urlaub. Oh, okay. Schön Urlaub. Leg mir noch eine Eiskältefalle hin, dann habe ich auch Skiurlaub. Alles kein Problem. Sorry. Okay, perfekt. Bei dem nächsten Pack würde ich einfach reingehen. Ja. Wechseln. Skifahren im BRD ist ganz nice eigentlich, oh. Ah, Skifahren oder Snowboarden? In meinem Alter rodeln. Ich war heute rodeln, war nice. Hat die anderen auch keinen Bock hier, die Handwerker? Ah doch, jetzt kommen die. Mir hat ein bisschen Agro von den anderen, aber ich hab die jetzt. Er wirft mich mit irgendwelchen Sachen ab, ja. Ja. Das ist okay. Sind eh keine Elite, diese kleinen Zwerge hier. Yeah. Alles gut. Warum musst du das klein davor sagen? Musst du das extra nochmal erwähnen? Oder? Puh. Das sind die Zwerge, die meint er nicht uns. Genau, genau. Okay. Ja, ich meinte nur die, ja. Ja, nur die. Die sind ja Non-Elite, ihr seid auf jeden Fall Elite-Zwerge. Oh, rede mal. Oh, rede mal. Diesen Fluch kann ich leider nicht runternehmen, weil ich habe einen Trank, aber es ist bald vorbei, ne? Ja. Du bist krank? Nee, der Fluch, den du hast, Ach so. ich habe so Tränke, die das runtermachen. Der Fluch, aber der ist ja jetzt bald vorbei. Ich pull die hier nach hinten. Ja, 2 Minuten ist okay. Oh Gott. Oh nein, shit. In Unknown? Oh Gott, war das wieder ein Dungeon? Oh oh. Sieht so aus. Oh shit. Da. Also Brökis Tod war auf jeden Fall sehr wild. Boah, das war so scheiße. Oh Mann, der Arme. Das ist echt mies, ey. Deswegen, Max Strange ist dein Freund. Ja. Ja, also wir haben es eben ja schon gesagt. Die einzige, also er stand zu nah dran, ja, aber das weiß man halt, oder das wurde vielleicht auch einfach nicht gecallt und der Health-Pot hätte ihn den Arsch gerettet. Pipi-Pause. Mini-Pipi-Pause. Der Health-Pot Ja, hätte ihn können wir gerettet, aber ich in will dem noch Moment eben. schaltest du vielleicht auch nicht. Sorry, bist du schon weg? Ja, shit. Ja, sieht so aus. Okay, weil dieser Boss hier, also der steht hier, dieser blaue, und der patrollt hier rum, aber ganz langsam. Also der steht jetzt da unten eine halbe Stunde und kommt dann wieder hoch. Und ich würde eben dieses Pack hier rechts pullen, bevor der wieder hochkommt, weil sonst müssen wir ewig warten. Das können wir auch zu viert spielen, oder? Okay, ja dann, ja, ich glaube auch. Ich hol das einfach zurück. Kommt einfach nach hinten, damit der Boss nicht hochkommt.
Perfekt. Ja, ja. Alles klar. Wir brauchen dich nicht. Ich bin so gerade auf der Toilette. So, ja, ich pull das Pack nach hinten rein. Ich sitze da und denke, der braucht. Ah, jetzt kommt er. Gut, dass wir das gepult haben. Okay, das ist der Boss. Ich glaube, der kann nicht so viel. Also der kann nichts, was ich beachten muss. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist relativ tanky, aber. Und danke, bitte schön. Ich will das immer vergessen zu callen, ne? Danke. Oh, diesmal war schwierig mit Agro. Also, ich habe mein Trinket noch nicht mal ready, ne? Nur ich habe ja Pets dann gemacht, alles gut. Nice, geht's. Oh, das sind geile Schultern für dich. Holy shit, Nagura. Ey, Miau, looten. Ja, die nehme ich dann mal. Nice. Hat die Nice. Quest irgendwie nicht? Hast du Oder die vielleicht schon? ist es buggy? Hab ich nicht, ne? Warte mal, warte, vielleicht kann ich die. Warte. Vielleicht muss Nagura im anderen Leben mal heilen. Deswegen sind ich vielleicht. Chinose? Wer weiß das schon. Ja. Einfach nur Platte, Kann ich danke schön für den Prime. Vielen Dank. Oh nein, hä? Ah, Oh, shit. warum hast du die Quest denn nicht? Ah, Keine bestimmt Ahnung. abgebrochen, weil Questlog voll. Fuck, shit. Das habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Morgen. Ja, das ist Wo wollt ihr hin? Ja, jetzt, glaube ich, würden wir zurückgehen und diesen Magma-Boss machen. Nee, Die der ist Bar, hier oder? unten, der Infernus. Nee, also, ja, den Infernus können wir auch. Können wir Infernus machen? Ja, Lord Okay, ja, dann lass hier Infernus unten. machen, ja. Warte, ich buff nochmal durch. Und Ja, wir du können eigentlich kriegst schon noch mal den an. Feuertrank. Ich glaube, Miao hat ja noch einen Feuerresi-Trank, ne? Ja, einen habe ich, den habe ich schon Victor gegeben, weil ich noch nicht wusste, wer jetzt denkt so. Kann ich abgeben. Oh, gut. Das ist keine Problem. Also mein Pad hat komplette Feuerresi oben. Ja, meins hat auch ein bisschen. Also Ja, da das, müssen die was Pets ging. eigentlich tanken. Ja, also wir können das gerne das Pad gucken lassen. Sind da rechts auch die Wachen, oder? Ja, okay, das sind die kleinen Wachen. Dann pulle ich die wieder zurück hier. Ich will zuerst den rechten machen. Kleinen Scheißer. Ist auf das Agro. Ich dispel dich. Ja. Die sind weg. Hä? Wie den Fight in der Ich seh Gora den noch? nicht. Was? Na gut, Da ich ist- seh den nicht. Achso, Oh, ja, den nicht. what the fuck? Oh, der war in der Wand. What the fuck? Ich dachte, verarscht ihr mich? Oh mein Gott, what the fuck? Ich kann dir Feuertrank geben, wenn du willst. Aber ich kann ja dich auch Ja. babbeln sonst am Anfang. Ah, weil wir haben keinen Fluch-Dispel, ne? Weil der macht so einen, ganz am Anfang macht er so einen Fluch. Ne, haben wir nicht, glaube ich. Kann niemand hier. Wie heißt Hier, das? achso, nee. Also Fluch-Dispel, ich glaube, das kannst du nicht. Das ist, warte, habe ich einen Trank dafür? Ich guck mal in meine Kiste. Oh. Ich habe einen Trank, der hebt 30 Sekunden lang alle 5 Sekunden eine magische Fluchgift oder Krankheitseffekt. Regenerationstrank. Vielleicht sollte ich Aber den dann... Der teilt sich cool dann mit hier Trank und so. Ah, vielleicht benutze ich den hier. Also ihr bekommt alle den Debuff, aber ich glaube, ich bin halt die Einzige, die das dann halt wegmachen soll. Dankeschön. Was macht der Debuff? Du bekommst viel mehr Feuerdamage, glaube ich. Oder Feuerresi runter. Minus 100 Feuerresi. Willst du den Feuerschutztrank auch noch Feuer saufen? Ja. Also ich bin dafür, wir schicken erstmal die Pets rein, gucken, was so passiert, ne? Nee, nee, würde ich jetzt... Also ich würde wirklich den umhauen, weil... Der macht halt die ganze Zeit Flüche auf alle und macht AOE-Damage. Und wenn wir den nicht... Also wenn wir das so ein bisschen antanken, Ja, dann... ich check. Ja, okay. Und ich glaube, der macht auch so Knockback, oder? Ja, dann spielen wir den hier vorne einfach, oder? Oder Ja, muss der da ich gespielt glaube, werden? mit Hahn haben wir den auch hier hinten gespielt, tatsächlich. Also ich meine, hier kann man ja... Hier können wir den ja spielen. Der kann ja Knockbacken, so viel der will, der Arschkopf. Genau, ich würde den auch hier nach hinten ziehen einfach.
Okay, dann kannst du mir schon ein Schild geben, dann gehe ich rein. Auf Und geht's, dass er dich auf da nicht in die geht's. Lava kicken könnte, falls er irgendwie so einen Quark macht. Okay, der castet, aber kommt gleich wieder zu mir. Und nicht auf mir draufstehen, weil ich glaube, der macht AOE. Du bist auch so, du bist ein auf Zeit, Aber ne? da, Oh Gott, da kann Ja, ich kommt nicht rein, stehen. kommt Hast du das rein, noch kommt, von- kommt rein zu mir, kommt rein zu mir. Aber dann kriegen wir ja Damage hin. Na gut, oh, egal. Also einfach nur nicht auf mir draufstehen. Du hast Agro, pass auf, ne? Habt ihr nicht? Hat Agro, alles gut, ist halbes Leben. Tankt noch. Luftwaffe einfach ein halbes Leben Perfekt. klein. Hat der. Abgespottet, ich habe abgespottet. Okay. Alles fürs Tee, alles für den nix Vogel. kann er was. Sehr gut. Er spottet einfach vom Pet ab. Oh, Baby! Die sind, liebe die Tiere, sind ganz immer. nice, oder? Die sind echt ganz gut, ja? Okay. Nimm du die, ich brauch die nicht. Ich habe ja die Bestienjägerbindung. Ach, du hast schon Bestienjägerbindung. Ach so, ja. Ja, nimm doch. Hab ich mir mal Bestienjäger... Ja, okay. Das sind irgendwie 5 auf der Bank. Die kannst du aber Was? runterholen. Hey, Dagura, hallo, meine Queen? Yes, du musst aber anschreiben, ne? Ich renn den Leuten nicht hinterher. Müsst ja gucken, was Ja, auf der das Bank Ding ist. Das Ding ist, seit das Add-on ein Update hatte, Ja, das ich ist kann echt einfach nicht mehr buggy. gucken. Ich kann nicht mehr gucken. Ja, das stimmt schon, komplett das ist Arsch. echt buggy. Jetzt auch, wenn du jetzt guckst? Weil ich sehe jetzt wieder. Ja, ich hab's jetzt ausgemacht. Okay. Weil das war wirklich, also... Ja, ich glaube, also mir geht's jetzt auch wieder. Ja, ich guck mal Welchen danach. welchen sollen wir zuerst, also wo soll das Pad drauf? Auf welchen? Auf X? Und wir machen einen Punkt Ja. auf Down? Ja, genau. Sind wir diese normalen, also Spielst nicht du die vorne? super schwierigen? Bin drin. Ey, Nose, hier kannst du auch irgendwas schmieden, ne? Hier ist der schwarze Amboss. Ich glaube, den brauchtest du für irgendein Dunkeleisen, irgendwas, meine ich. Wenn du irgendein Dunkeleisen-Shit machen wolltest, musstest du das an dem Amboss craften, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier noch weit. Also ich weiß nicht, was hier noch ist. Achso, das ist Hier ist der dicke Golem, oder? Ah, der da, wo wir am Riese ist doch hier, Anfang waren, oder nicht? Ja, wir kommen von Oder? hinten rein sozusagen. Ja, wir kommen von Okay. hinten rein. Ich glaube, die sind nicht gelinkt. Oder doch? Doch. Die sind gelinkt. Doch, die sind gelinkt, ja. Pferd geht auch links, ja. Ah, guck mal hier, Chat weiß, Dunkeleisenbarren schmiedest du da an dem Amboss. Ah, okay. Also, Kann ich aber noch nicht. Also ich weiß nicht, einer Ja, muss ja. mir das beibringen. Hab ich noch nicht gelernt. Gibt bestimmt ein Rezept oder so, aber dann weißt du zumindest, wo du die craften kannst. Danke, ja. Okay, dann gehst du wieder links und ich gehe rechts, okay? Ja. Ja. Oh, okay, ja. Okay, ja, jetzt sind wir wieder bei diesen Offizieren, die so viel Damage machen. Also wir sind gerade unter der Bar. Ja. Ja, die lachen auch alle da über uns, die Schweine, Alter. Die haben eine gute Zeit, ey. Und wir schwitzen hier. Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen sollen oder einfach zurückgehen sollen. Also ich bin der Meinung, wir kommen hin. Das ist ein Boss, glaube ich, sogar, der Offizier, oder? Nee, das sind einfach dieselben Packs, die wir ganz am Anfang hatten, diese Zwergen-Packs. Das sind echt viele, ne? Holy shit. Aber ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, hier lang zu gehen, statt einfach zurückzugehen. Ich bin der Meinung, Twitch-Chat? damit, also, wenn wir Warte, hier steht lang um die gehen- Ecke direkt was. Um die Ecke steht Ja, was da irgendwo. stehen Elementare. Ja. Was meinst du? Wenn wir hier lang gehen, sparen wir uns diesen ganzen Weg, den wir vor uns, wo wir am Anfang in die Innenreihen sind, wo du das Tor aufgemacht hast, links, den ganzen Weg. Diese ganzen Parts sparen wir uns. Ich glaube, wir kommen Nee, hier... weil wir müssen. Also, der Boss steht ja da, müssen wir sowieso die Mobs töten in dem Gang, oder nicht? Nee, der steht doch an der Wand, oder? Der Boss. Also- Oder bin ich jetzt falsch? Vorhin, wo wir da auf diesen Gang geguckt haben, da ging es links und rechts lang und ganz links steht der Boss. Genau. Und ist das nicht die Tür am Ende des Raums, wo der Boss steht, hier, wo wir gerade davor stehen? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich meine, wir können ja spielen. Guck mal, die hauen ja gerade ab. Lass uns erstmal Wir die spielen erstmal Feuerelementare links Elementare. und rechts machen. Ja. Ja. Wir können ja gleich mal gucken. Pet tanken links, du gehst rechts, Nagura, oder? Ja.
Ja, wir wollen ja zum Eingang, also wir wollen ja zu dem Boss. Ich frage mich nur gerade, ob wir das von hier spielen sollen oder halt zurückgehen und von da. Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das jetzt von hier zu spielen. So, ich lass mal das Pad da stehen. Okay, warte, die Pod kommt. Okay, wir können jetzt, halt wieder mit Eisfallen spielen, ne? Also wir können mit Eisfallen spielen. Also ich würde 2 Eisfallen hinstellen und dann sehen wir einfach 2. Das sind wieder die so viel Damage machen, also ein bisschen aufpassen wieder. Pre-Shield am besten geben für mich und den Offizier fokussieren. Die Heilung interrupten, wenn ihr könnt. Ich markiere dann auch, der heilt. Mit Eisfallen oder mit Close-Fallen? Also die Fallen, die C10, ja. Die C10, nicht die slowen. Ich nehme Stern. Ich nehme Stern, okay? Ich nehme Viereck. Ne, Viereck kann ich nie rausnehmen. Ich nehme hinten einen Soldaten. Den nehme ich in meine Falle rein. Ich pull die mal jetzt. Okay. Ey, wir müssen so. Alles gut, der kommt jetzt rein und Ja. jetzt können wir loslegen. Perfekt. Okay, dann mach Viereck. Der Offizier steht ganz hinten noch. Der Offizier, der ist ein Hunter. Also der schießt auf mich drauf. Okay, aber so ist es okay. Also nur mit diesen 3 Mobs. Einer ist rausgekommen. Die breaken jetzt, ja. Achtung mit Agro hier. Ja, Offizier finishen, right? Ah, ja. Ist auf die Cleaven auch? Ja, Laranas, Vorsicht. Ja, der Offizier hat ein Dings. Eine Bubble gerade. Ja, die bubbeln sich immer. Wenn man die vorher stunt, also wenn man die bei 30% stunt, dann geht die Bubble nicht durch bei denen. Ja, gut. Okay, nice. Aber es war angenehmer, als wie nur mit diesen blöden Frostfallen zu spielen. Ja. Das war schon, da konnte man so anderthalb rausnehmen. Warum sind die rausgekommen? Wurden die irgendwie dispelled oder ist es einfach nur... Nee, die können halt, je höher die sind vom Level, dann brechen die das irgendwann. Ah, okay, verstehe. Mana. Ich muss Mana holen dann jetzt. Ja, eben, das dachte ich. Das gleiche wie vom Anfang. Also, eben, wenn ihr zurück auf den Eingang bin, kann man alle Gruppen auslassen, ja, oder? Ja, dachte ich mir schon. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir ja schon getötet. Aber das dachte ich mir eben auch, dass man am Anfang weniger töten muss. Aber jetzt ist schon, wie es ist. Egal. Circle Dankeschön für den Prime. Vielen Dank. Ich hab die alle weggeschmissen. Damit kannst du die Türen halt aufmachen, da wo die Golems waren. Und da ich dachte mir auch, dass man hier mehr spielen muss als... So, jetzt weiß ich nicht, ob hier direkt um die Ecke was steht. Ich gucke, warte. Da hinten. Ganz rechts hinten ist eine... Ja, nee, warte, das ist Quark. Wir sind jetzt, ich weiß, wo wir sind. Wir müssen mehr töten hier, Wo wir vor uns in den Raum geguckt haben, wo du nach links gehen wolltest, wo der Boss steht. Wir sind jetzt rechts. Das ist hier der rechte Flügel. Ah, okay. Ja. Also gehen wir zurück. Ja, das ist zurück, okay. Und Discord ist tot. Ja, sehr gut. Oh nein. Guter Call, um zurückzugehen. Ich meine, wir wollten ja die Kneipe vielleicht noch machen, oder? Ja, also ich werde jetzt diesen Magma-Boss machen und dann können wir schon mal in die Kneipe reingucken, eventuell, ja. Ja, die Kneipe kommt davor eigentlich. Ja gut, dann können wir auch da anhalten kurz. Ich muss noch mal überlegen, wie die Kneipe gespielt wurde. Man ist, glaube ich, irgendwie nach hinten durchgerannt, hat die Fässer kaputt gemacht und dann kamen da welche rum und dann musste man aufpassen, dass die nie rausrennen. Ich weiß eben nicht, wie man die Bar spielt, also ich habe keine Ahnung davon. Auch nicht. Wir können ja gern noch mal Hahn hinzurufen bei der Bar. Dann gibt ja. Einen kurzen Quick-Tipp. Ja, frag mal Chef Strobel, der weiß auch, wie man die Bar spielt. Nee, der weiß garantiert nicht, wie man die Bar spielt. Ich glaube, hier sind noch ein paar Mobs hier drin. Also geradeaus und nicht links laufen. Ja, rechts bleiben. Ich weiß auch nicht wegen Respawn, ne? Ein bisschen gucken. Müssen wir ganz zurück, oder? Wir müssen... Ja. Okay. Mann, also für mich sieht einfach alles das gleich aus hier, ne? Da, wo wir bei der Arena rein sind und dann, also wir laufen jetzt oben Arena, wieder zurück und dann sind wir da, wo es abknickt zur Bar. Also rechts bleiben. Ah, okay. Hier. Gehirn funktioniert noch gut. Noch.
Hier sieht alles gleich aus. So, und hier geradeaus runter geht's zur Tingle-Tangle-Bob-Bar. Okay, noch ein bisschen auf, es sind noch ein paar Mobs, Ich würde oder? erst mal ganz kurz, warte mal. Bin gleich wieder da. Ah, hier ist die Tür. Doch, ich hab den Schlüssel, oder? Warte mal, wo geht's hier zur Bar? Schattenschmiede. Boah, ich weiß nicht, ich glaube Hahn kommt jetzt und Ist erklärt die uns Bar das, und nicht wir kennen vorne in den Gang rein? Weil hier unten ist also hier unten ist diese Tür, da kommt man, das ist die Anfangstür. Wo man reinkommt, die kann man da aufmachen. Die vor mir hier unten. Ey, Lagura, ich hab gar keinen Plan. Bevor mein Fettarsch hier wieder was pullt, warten wir jetzt, dass Hahn kommt. Ja, weil ich glaube, man geht hier geradeaus rechts. Oder irgendjemand, der da ist, ja. Wir können auch einfach den Golem zuerst machen, der ist halt hier links unten. Je nachdem, was wir halt machen wollen. Waren wir hier oben schon? Nee, von hier sind wir gekommen gerade, ne? Also. Wir waren vorhin hier, ja. Ja. Uiuiui. Achso, wir müssen den Hebel drücken, damit wir die Bar spielen können. Ah, okay, verstehe. Ich verstehe jetzt. Ah, okay, okay. Also wir müssen hier dieses Ding aufmachen, okay. Okay, das sollte ja kein Problem sein. Hallo, Rehe. Hallo. Mal gucken, ob er uns verkaufen will. Dann gehen wir hier runter und zünden ein paar Mobs in der Zwischenzeit, oder? Ich pull mal ein Pack hier. Laranas ist noch nicht da. Also. Hallöchen. Hallo. Hi. Hallo. Wir sind gerade im WRD und sind verwirrt. Zugucken? Eigentlich egal. Okay, was habt ihr... Moment, also was wollt ihr denn machen? Ne, wir wollen einmal die Bar hinten bespielen, bis zu der Tür. Mehr müssen wir nicht machen. Weil wir haben hinten schon, also Lord Incendius ist tot, der Typ bei den Golems ist tot. Okay, aber also ihr das haben wir seid schon noch gemacht. nicht in der Bar. Ne, wir sind noch nicht in der Bar, aber wir sind davor. Also wir gehen ja jetzt hier runter, denke ich mal, ne? Nee, also da, wenn ich habe Nagura-Stream offen und das, was ich gerade sehe, ist, dass sie an der, Bei der dass sie Arena das sind wir Ding gerade. da, genau. Ihr müsst dieses Ding aktivieren, um die Brücke runterzulassen und dann kämpft ihr euch von euch aus oben rechts durch diesen Gang. Hier, da wo meine Maus ist? Hinten rein? Genau, aber, ja. aber erst den Knopf da unten drücken, also das riesige Rad. Mhm, okay. Also kämpfen wir uns jetzt runter. Genau, also bis in der Bar seid, dauert es noch ein bisschen, deswegen Aber das können wir auch spielen hier, ne? Wartet mal kurz. Ich würde das hochziehen. Okay, okay. Die ja alle nicht durch die Falle gelaufen sind. Oh Mann. Und wir können halt hier auch kurz rausgehen und den anderen Boss spielen, wenn wir das wollen, ne? Also, der eine Magma-Boss, der ist halt hier vor der Tür. Bitte nicht rechts stehen, ja? Guck mal, rechts sind noch eins, Okay. ja? Okay. Ich habe noch nicht gesehen, wo Nagura steht. Ich war unsicher, dass ich fliehen kann. Oh ja. Wollt ihr das machen oder wollt ihr einfach nur in die Bar gehen? Ich glaube, die Bar ist theoretisch schwieriger wie der Magma-Lord da vorne, oder? Der da draußen ist. Der Magma-Stein. Keine Ahnung. Also meint ihr den Riesen? Ja, genau. Ja, der Riese. Der Riese ist zwar vom Level her nicht der höchste, aber ich finde, das ist einer der härtesten in BRD. Ich finde eigentlich, also ich spiele alle anderen Bosse lieber als den Riesen. Okay. Aber nur wegen den Zwergen und davor, die Packs, oder? Nee, der haut gut rein. Also der Boss selbst ist ein Heavy-Hitter. Okay. Da können wir ja den weglassen und machen einfach jetzt nur noch die Bar, glaube ich. Aber der hat Mehr gute haben wir Items dann für nicht. mich. Aber Der- ist die der hat eine Frage, Waffe. ja, der ist ein Heavy-Hitter, aber sind wir denn das Level dafür? Also, oder vielleicht Vorsicht, die wollen weglaufen. Ich glaube, Level wäre schon fein, oder Dado? Was meinst du? Ja, oder? Ich sehe eure Level gerade nicht alle, aber ich sind denke, alle ihr seid... 54 und 55.
Ja, also ich glaube, das erste Mal haben wir den auch schon mit dem Level gemacht. Ich bin aber wirklich ehrlich, es hätte nach hinten losgehen können. Also, es soll jetzt nicht Und sein, ihr dass seid das aber ein super, erfahren, oder? es Also soll ich jetzt hab nicht den sein, dass das gestern ein schon super gemacht. krasser Boss ist, genau. Okay. Und also die Zwerge-Packs, die waren auf jeden Fall viel schwieriger als der Boss selber dann. Ja, das verstehe ich. Das sehe ich auch so. Die Packs sind auch übel. Ja. Aber weil man muss halt einfach immer weglaufen, wenn er dieses Ding castet, ne? Also der castet, der Okay, aber spawnt ja wenn du irgendwie so ihn ein eh Ad. schon gemacht hast, wenn du den eh schon gemacht hast, dann ist ja gut. Also ich dachte, ich erkläre euch kurz die Bar, wenn ihr in der Bar Ja. seid, weil die Bar selbst ist sehr einfach eigentlich. Ja, weil die Bar habe ich noch nie gemacht. Also da wäre ich auf jeden Fall Ja. froh, wenn du das erklären kannst. Ja, also wenn ihr euch noch überlegt, die Bar zu machen, dann lasse ich deinen Stream sozusagen noch offen und erzähle euch das gleich. Perfekt. Ja, das wäre nice, bitteschön. Weil dann habe ich es nämlich auch mal verinnerlicht. Ich weiß nur noch, dass wir nach hinten gehen mussten, die Fässer kaputt schlagen, dann kam irgendjemand, dann musste man die da hinten töten, glaube ich, irgendwie. Es gibt 4 Kleinigkeiten, die ihr dann gleich machen müsst. Also 4 Bosse, Ja. die alle eine bestimmte Sache benötigen. Siehste? Vielleicht kann ich es einfach Lass mal anklicken. Belegkastenschlüssel habe ich gelootet. Ja, die sind Arsch. Also. Okay. Oh, wir haben geredet. Das fand- eine fand ich, Elementar glaub ich, nicht so hinten, geht mal auf das da. Keine Kapriolen hier. Okay, und dann die Zwergenpacks, die will ich aber gleich spielen, wie halt vorhin, mit den zweimal die Falle stellen und zurückziehen und dann sollte es schon gehen. Und ich probiere diesen Offizier dann zu stunnen, damit er die Bubble nicht macht. Dann soll es auch alles schneller gehen. Kriegen wir denn überhaupt so eine Packs jetzt gerade? Also jetzt gehen wir ja Richtung, den Knopf haben wir gedrückt. und Jetzt gehen wir Also hier draußen ist der Eingang, hier bei der Tür. Ja. Also die sind da hinten dann draußen, oder nicht? Warte, sind wir jetzt richtig gelaufen? Wo geht's denn jetzt zur Bar? Und wir sind... Bar war Ja, der oben, Bar war oder? hinten, wo wir jetzt Mann, ich rausgehen. wollte doch Aber wir gehen ja nicht zur Bar, wir gehen ja jetzt zum Magma-Boss, der ist hier. Okay, okay. Bar machen wir dann arbeiten danach. mit den- Warte. Die Oh, das sind jetzt. Ach, jetzt sind diese Zwerge. Oh, ich schwitze jetzt schon. Kani, danke für das Subgift an Dalu, Also, wir sind danke. immer links. Nee, man musste das alles clearen, ne? Ja, also wir clearen jetzt hier alles links bis zum Boss. Ja, weil die hier so kreuzen und so. Ja, das muss man schon machen. Ich glaube, die vor uns, die sind starr. Ich Aber würde die vor uns legen mal jetzt hier- pullen. Das ist Ich das nehm Pack, das ist Stern. leider gerespawnt. Ja, mach mal die Fallen nehm hin. Stern. Nein. Genau. Ich nehme den hier. Also den schieße ich mir einfach an. Ja, same. Okay, dann macht. Runterzählen. 3. 2, 1, los. Müsst ganz weit zurücklaufen, damit sie dann durch die Fallen kommen. Oh mein Gott. Oh, der Offizier, ja, nice. Perfekt. Wenn wir das so weit nach hinten pullen, dann müsst ihr auch echt mit Agro dann aufpassen, weil ich mache ja wirklich gar nichts, bis sie dann zu mir kommen. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Okay, die sind draußen. Mhm. Ich Der übernehme Offizier auch. einen. Dann wir, Ah, ja, lass auf das den hab ich Offizier dann. Ich habe jetzt keinen Stun leider, der wird sich jetzt babbeln. Ich hab versucht zu stunnen, aber Ah, vielleicht? Ah, shit. Fast. er ist sehr schnell. Egal, ja. Ja, aber wenn wir so damit arbeiten können, ist alles fein, finde ich. Ja. Nicht so schlimm. Ja, mit dem. Immer ein bisschen aufpassen mit dem Cleave, weil, also, einfach ein bisschen weggehen, wenn die Mobs halt nah an euch dran sind. Damit wir nicht so viel Gruppendamage bekommen. Trink was. Am liebsten hätte ich es, wenn wir das irgendwie in der Ecke ziehen könnten, damit das ein bisschen einfacher für mich ist, dann die Agro zu bekommen, von denen, die nicht in der Falle sind. Was
denn die nächste Partgruppe? Die kommt da jetzt gleich wieder, oder? Die laufen da hier irgendwo, die rennen doch auch. Wir sind relativ langsam. Ich glaube, das linke Pack könnten wir pullen. Die Fallen würde ich aber weiter, ein bisschen weiter nach hinten machen. Kommt der Feuerelementar? Der kommt, ja, dann... Dann lassen wir den abwarten, oder? Ja, wir warten auf den, ja. Jetzt kommt die Putt rüber. Wir können eventuell das Elementar töten und dann die Putt gleich danach mitmachen, wenn die dann hier in der Mitte ist. Ah, die kommen nicht ganz rüber, die stehen da erstmal. Ah, okay, die machen erstmal RP hier. Okay, jetzt laufen die weiter. Jetzt kommen die, oder? Und dann kommen die Stellen, die sich Ja, hier zurück, hin. pass auf, wir Genau. machen, wenn die auf der gleichen Höhe sind, machen wir dasselbe Spiel nochmal. Ja. Mit den Fallen hier. Mhm. Ich markiere mir einen raus hier, den Sanitäter nicht. Wir nehmen uns hier, das ist meiner. Markier dir mal einen vorne, Laranas. Ist eigentlich komplett egal, also ihr könnt einfach... Ja gut, markiert trotzdem, damit ihr nicht denselben anhittet. Okay, dann bereit? 3, 2, 1, go. Perfekt. Dann wartet kurz mit Agro, der hat widerstanden, aber ist okay. Nee, der ist einfach nicht durch die Falle gelaufen, lol. Und der ist ja komplett durchgelaufen, oder nicht? Das sah bei mir jedenfalls so aus. Kriegen wir einen Stun? Ja, ist nice. Stunned. Gut. Dann kam komplett. Oder? Das ist schon wieder jemand. Wie schnell sind die? Okay, Vorsicht, noch drüben. Ein Agro verloren. Ja, ein Agro. Mhm, alles gut. Jetzt der Offizier, bitte. Achso, das war nicht der Offizier, der wir hier. Dann habe ich den falsch gestunt. Das war der Heiler, oder? Nee, du hast den gestunt. Ah, und der hat sich einfach danach trotzdem direkt gewappelt. Verstehe. Der hatte 5% oder so left. Mhm. Ich will einen Schaden machen, Alter. Ja, das ist der scheiß Battle Shard. Es ist schon viel einfacher, wenn man irgendwie einen Rogue oder einen Mage hat, der die halt sehen kann. Ich habe jetzt einen Cooldown gezogen von 3 Minuten. Ich war mir nicht sicher, ob mein Mana reicht. Ja, alles gut. Wusste nicht. Ich habe halt leider nicht so die Übersicht. Also was mir fehlt, also da fehlt mir einfach so vom Spielverständnis noch her, wie weit sind die Leute tot, die Gegner. Also ich sehe manchmal dann, okay, da sind noch 2 Balken, kann das man nicht so gut einschätzen. Sind da jetzt noch 2 oder 3, weil das nicht so dauert. Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay. Also, dass du so 3 Minuten Cooldowns ziehst oder auch so Mana-Pot und sowas, das ist ja wirklich gar kein Problem. Das kannst du wirklich einfach machen. Wirklich on Cooldown, legit, einfach, weil, also Damage Cooldown at least. Ja, du musst, ich habe irgendwie... jetzt noch die Kette, also sonst für die nächsten, die Kette habe ich glaube ich angelegt. Ich guck mal. Machen wir erst links, okay? Würde links, ja. Okay, du hast jetzt... Wir können die einfach um die Kette rumziehen, legen hier die Falle, weil die laufen ja an der Wand entlang und dann gehen die ersten 2 halt in die Frostfallen. Ja, das ist perfekt, ja. Ich leg die, pull. genau. 3, 2, 1, go. Und dann töten wir das, was hier hinten noch übrig bleibt. Mhm. Oh, der Heiler. Perfekt. Nice. Stun. Lass mich mal stunnen, weil mein Stun ist länger als deiner. Okay, sorry. Und beides geht, glaube ich, einfach nicht. Wir sind jetzt beide draußen, aber ist okay. Ja, Offizier wieder. Ja. So, den hier. Ich nehm den Heiler hinten. Ich hab den Heiler hinten, alles gut. Perfekt. Offizier ist tot. Heiler tot. Alter, die Cleaver, ne? Ja, der Cleave ist... Was ich für einen Damage mache, Junge, da will ich nicht drin stehen. Okay, perfekt. Nice. Mana? Mhm. Die hier laufen definitiv immer hier rüber. Das haben die vor uns auch gemacht. Die sind einfach rübergelatscht hier. Ja, wir spielen die auch. Also, better be safe than sorry. Also Ja, ich würde die alle spielen in den ganzen Gang hier. Die machen Ja, das alles, was links ist, wird weggemacht. Ja, würde ich auch. Warte, Ja. wir legen einfach wieder die Fallen einfach hintereinander, so. Mhm. Eine dahinter, ich pull und dann laufen halt 2 rein. Komm Ja, noch ein bisschen vor, Toro. So, ja. Leg deine Falle und dann pull ich und dann
Ach, willst du wieder hintereinander? Ja, weil die laufen eh straight path auf mich. Da kommt gerade eine Part, oder? Oh, Ja, stopp. die laufen. Gut. Oder sind die das, die so komisch laufen? Weiß nicht. Die sind jetzt irgendwie. Kann man sich da jetzt Die laufen von links nach rechts. Ich mache jetzt meine Falle hinter die. Dann ziehen wir die in der Kette. Ich will nur gucken, Weiß nicht, ob die links rüberkommen. Das Elementar kommt jetzt. Ah, die laufen wieder rechts, okay. Also diese Pad rechts können wir, glaube ich, ignorieren. Ich glaube, die laufen nur rechts lang. Dann machen wir das Feuerelementar erstmal. Mhm. Nur gucken, wie weit das Ding Wartet läuft. kurz, damit es nicht. Ja. Ah, okay. Ich lauf rein, ich tue das einfach hier. Perfekt, okay. Dann let's go. Ja, wir müssen die Fallen neu legen. Mhm. Sollten die nicht. Ja, dann pull die und wir machen die hinten wieder. Mhm. Ah, Discord wieder dead. Hey, dieses scheiß Discord. Also. Mann. Oi. Hallo? Hallo. Ah, okay. Ja. Kannst du deine Falle ein bisschen weiter nach vorne stellen, Toro, sonst müssen die 8 Kilometer hintereinander weglaufen. Das ist halt aber sehr ich hab weit ein bisschen weg. Angst vor der Doppelfalle, ne? Also, Ja, also stell's nicht in meine rein, aber so ist ja. Wait, okay, ich pull in 3, 2, 1, Achtung. Na, mal gucken. Okay, ich lass dich dann. Perfekt. Ne? Agora. Ja, genau, danke. Der eine ist jetzt raus. Wenn ihr den Offizier noch finishen könnt, wäre nice. Der Sanitäter ist Ah, shit. shit. Der Sanitäter ist aber dead. Der Sanitäter ist dead. Das ist halt. Ich glaube, der Sanitäter ist einfach. Ich würde echt den Offizier zuerst machen. Weil der Sanitäter, der könnte es interrupten dann hier. Ja, aber der. Ja, okay, aber wenn wir durchziehen können, okay, weil bis jetzt ist er immer nicht gestorben und dann wurde er geheilt. Ja, nee, aber. Also ich habe ja jetzt das dann check. und ist 5 Check. Sekunden Okay. lang, also ich glaube, da haben wir auch genug Damage, wenn wir alle drauf gehen. Also ich war drauf. Du hast auf den Ich hab den Sanitäter komplett aus dem Leben geprügelt, aber ja, ich, Full Focus. Aber wir machen das gut, Was ist denn hier für ein Loot? Okay. Nice. Ein Traum für den Verzauberer, ne? Eieiei. Lara, das kann ich dir noch. Ach, nee, lass. Das Feuerding noch looten? Was kannst du mir? Ich habe eine Beweglichkeitsrolle. Ich Der glaube, blöde ja, Belgar, das ist schon, ey. ja. Also kann auch der Ja. Tank nehmen sonst oder irgendwer anders. Also kannst trainen, ja. Aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich kann den nicht Okay. usen, weil ich auch bin im der Meinung, Dreikopf. hier läuft keine Pad mehr rum, ne? Nee, Also- hier läuft keine Tank Pad. hat's nicht. Wir können einfach. Wollt ihr zuerst links oder reicht es egal, oder? Ist zuerst links. Ja, aber warte, lass links machen und wir machen wieder die Fallen hier Ja, hintereinander. ja, macht. Du sagst Bescheid. Achso, ja, aber hier kann man. Sauer. Hier kann man so Kacke. Machst du ein bisschen weiter rechts die Falle? Ja, also, die laufen Ja, auf mich weil zu, leider ne? auf Also Seite, dann ich- müssen wir so eine Kurve laufen, ist ja Kacke. Oh. Okay, 3, 2, 1, go. Yippie! Oder nicht so weit nach hinten, aber die kommen da wieder. Ich weiß nicht, wie die Range davon denn ist. Warte. Hinter uns Ja. drin. Okay, alle auf Ja. den Totenkopf. Ich bin gestunt. Stun ihn. Okay, jetzt tot. Perfekt. Oh, what? Ne. Okay, ich glaube, der macht das Also, einfach durch den Ich Stun. glaube, bei 5 Sekunden ist die Bubble Der andere da, kommt also- raus. Ja, beide sind raus. Ja, Bin ich jetzt trotzdem einmal. Der andere halt, der. Haben wir eigentlich. Also, wir haben keinen Interrupt, oder? Also keine Unterbrechung. Und der kann das nicht? Nur Beastmaster kann nur, dass das Pad einmal stunt. Ah, okay. So Verstehe. für 3 Sekunden oder so. Mehr Verstehe. Ich kann am Pad gerade nicht healen. Ich Finish mach bitte den Offizier. Ja. Ja, der Offizier lebt hier noch ganz gut.
Der wurde halt gerade Ja, dreimal gut, wenn geheilt und der. ich glaube, das ist genau wenn, das. Der geht ja, einfach in nee. Bubble. Also, wenn der Bubble geht, dann sollten wir die Heiler zuerst töten. Mhm. Alrighty, dann machen wir das gleich. Also dann einfach Eisfalle wieder rechts. Also hattest du, nur für mein Verständnis, Nagura, also du hattest ihn gestunt oder er war im Stun, hat er die Bubble gezogen oder was? Ich weiß nicht, ob der ganz. Ich weiß nicht, ob ganz zum Schluss der Stun ausgelaufen ist oder ob der das einfach durchgebubbelt hat. Ich weiß nicht. Aber es sah schon so aus, als hätte er irgendwie im Stun einfach gebubbelt. Dalu kann ja nicht whispern. Wie? Also ich weiß nicht, wie das. Also egal, lass einfach die Heiler fokussen. Also das Schwierigste an dem Offizier ist eigentlich nur dieser Shout und den macht er ja sowieso. Warte kurz, bevor du reingehst, dann ist mein Buff nur noch ein paar Sekunden. Ja, reck ruhig. Das ist eben nochmal. Auch nicht mehr lange. Sorry. Ja, wäre so doof, wenn er mitten im Kampf weg gewesen wäre in 25 Sekunden. Okay, dann können die pullen. Ja, okay. Okay, Miau, ready? Aber der läuft safe. Wahrscheinlich wird der safe in die Falle laufen, der Healer. 2. Ja, ist egal, ist ja auch gut, wenn der in der Fall ist. Ja, ich kann ihn auch slowen. Dann sollten die anderen in die Falle laufen. Ja. Einmal der Offizier, nice. Den Heiler fokussieren wir dann. Ja. Guck mal, als hätte ich nie was anderes gespielt außer Hunter. So, oh jo, Digga. Die anderen sind jetzt raus. Warte mal, wir haben hinten was. Ja, also ihr müsst ein bisschen aufpassen mit weil ich kann die halt nicht runterholen. Ja, tötet die einfach. Alles gut. Schick mal dein Pad nach vorne bitte. Damit er den mitzieht. Wir können noch mal probieren, ob man den jetzt töten kann. Geht mal alle aufs Offizier und dann probieren wir das noch einmal. Full Swap. Was ist dann jetzt? Oh, das ist ein bisschen früh. 3, 2. Ja, nee, der bubbelt durch den. Der bubbelt einfach. Der war auf jeden Fall noch gestunt. Der hat einfach Bock. Wie viele Gegner sind das noch? Weil ich nicht mehr viel Mana habe. 3. Jetzt 2. Ist sie gleich tot. Jetzt sind sie tot. Noch einen. Stark. Ich habe trotzdem meinen Cooldown benutzt. So alles gut. Weißt du, als ich zum Beispiel, also ich finde es auch mal schwierig abzuschätzen, welchen Cooldown nehme ich, naja. Also wenn ihr dann, wenn ihr Aggro zieht generell, dann laufe ich da nicht hinterher, außer ihr callt das, okay? Also ich denke dann halt einfach, dass ihr das kalten könnt. Oder Feign Death oder irgendwas. Also Ja. Jetzt machen wir den Boss oder was? Man muss halt nee. Also da kommt noch ein Pack, okay. Ich pull mal diese 2 Hunde hier an der Seite. Ja, auch random, dass da das 2 das Pad, wenn du hinten das Pad bei dir in der Gruppe hast, dann schickst du das einfach random mit dem. Ja, ich muss aber auch noch 5 andere Dinge machen, deswegen der war geslowt und irgendwann schicke ich das schon, keine Sorge. Deswegen habe ich ja einfach gern gesagt. Hier ist nur ein Heiler. Das ist auch richtig gut so, dass man einfach... Oh, okay. Okay, wir machen es genauso, oder? Einfach Doppelfalle, ich slow den Heiler. Und dann geht wieder irgendwer rein. Toro legt auch. 3, 2, 1, kommt. Ich slow den halt, damit die anderen den überholen. Komm, Marathon. Ja. Okay, der Offizier ist nicht im Stun, aber das ist so ein Hunter, also der schießt jetzt auf irgendwen. Okay, er ist hier. Perfekt. Der Soldat ist raus, kommt gleich zu mir. Jetzt gehen wir trotzdem auf den Offizier, ja? Ja, weil der Heiler ist ja kein Heiler mehr da. Können wir schon auf den Offizier. Nee, also selbst mit
Hunters dann und so, der geht einfach, der bubbelt. Schweinepriester. Also wenn das Einzige, was wirklich vielleicht noch funktionieren könnte, ist, dass du den bei 15% gleichzeitig mit einem gezielten Schuss mit 2 Huntern irgendwie fokussiert. Also, aber egal. Nee, ich glaube, der hat einfach wahrscheinlich so eine Mechanik, dass der bei 5% einfach immer das drückt oder so. Keine Ahnung. Ja, bei 5%. Ja, außer man overkillt das dann, ja stimmt. Also wenn man von 20 auf 0 tötet, dann vielleicht macht das nicht. Okay, ich würde hier gerne 1 Minute auf jeden Fall warten, damit mein Trinket wieder abkommt, weil den will ich gerne umscheppern. Wir haben hier noch Mobs, glaube ich, links und rechts. Sind noch Trash Packs. Rechts in der Ecke sind welche. Die müssen wir noch töten. Oh ja, I see. Der war weit. Können wir die linken zuerst, dann pullen wir die um die Ecke und machen dann wieder hier so eine Falle irgendwo hin? Oder Double-Falle? Das ist 1, jo, ich mach die Double-Falle hier hin, weil die so an der Ecke kommen. Ja, perfekt. Und ich slow den Sanitäter wieder. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie weit ich vor darf. Okay, ready? Ja. Warte. 3, 2, 1, go. Bin ich gemutet? Nö, okay. Doch, wir haben mich einfach ignoriert. ja, nehme ich auch. Gut. Okay, der Offizier ist in der Chat, nice. Nee, lass den Sanitäter hier fokussieren. Offizier ist jetzt draußen. Aber lass einfach die anderen machen, weil irgendwie der Offizier irgendwie scheiße, wenn der ihn fokussiert und dann ist er in der Bubble. Das ist schon ein Schild, der hat schon ein Schild. Mhm. Ja, lieber so einen Cleaver wegmachen. Ja, finde ich auch, weil wenn man die sowieso bubble, also der macht ja echt nichts, der Offizier, außer diesen Buff und dann macht das sowieso. Deswegen. Okay, ja, noch ein Pack. Let's go, Team. Warte mal, hat noch jemand Wasser? Ich habe 65 Wasser in diesem Dungeon getrunken. Ich habe auch richtig viel getrunken. Ich habe noch Wasser, ja. Ich kann auch geben. Geil, Miau, danke, groß. Ja, also, ist ja Miau teilt schon. Ich muss gerade nur gucken, wo das ist. Ach, meine Taschen sind so voll. Hier so ein bisschen. Ja, das reicht. Dankeschön. Okay. Mehr bräuchte ich. Perfekt, dankeschön. Buffs sind ja noch okay, ne? Vielleicht dann nochmal. Also nee, deine Buffs laufen. Also meine laufen jetzt aus. Achso. Ich würde noch dieses rechte Pack und dann können wir nochmal rebuffen, oder? Ja, das war nur 20 Sekunden bei ihr noch. Ja, weil es war echt. Okay. Bei Taucher eigentlich auch noch, aber ich glaube. Ach, man macht die Traps zuerst hin, ne? Ja, da sind 2 Sanitäter. Und mit dem Boss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr. Die Falle liegt ein bisschen doof. Mach mal ein bisschen mehr. Das passt schon. Das passt schon. Okay. Der feine Herr, das passt schon. Na gut, dann lege ich meine hier hin. So. What the fuck? Da lag ich gar nicht. Nice. Also wir wollten ja nicht den Offizier machen. Ja, erstmal die anderen, ja. Ja. Oh, jemand hatte Akku auf mich. Mhm, ich komme. Fetzen drauf. Ich schicke den Offizier mal in die Bubble und klebe den Rest um. Okay, dann können wir rebuffen und dann erkläre ich dem Boss, soweit ich das weiß. Ja. Okay, also. Der Boss, also, der macht schon viel, aber eigentlich auch nicht so viel. Und zwar castet der hin und wieder mal so ein Ad, der spawnt einfach so ein Elementar. Und das sieht man nicht so gut, das ist einfach so ein Cast von Boss, da muss man auf die Zauberleiste achten, ich kann das auch immer callen. Und ich glaube, das ist eigentlich nur ein Problem. Ja, für dich ist das eigentlich egal. Das ist nur, weil der castet auf mich oder halt in Melee Range castet er so ein
so ein Ad einfach nur. Aber wenn das spawnt, dann macht das so ein bisschen AOE-Damage. Ich glaube, für mich und für Nocerina soll das kein Problem sein. Ich glaube, wir können da einfach drinstehen. Aber ich würde den Boss trotzdem einfach ziehen, jedes Mal, wenn er das macht, damit wir da nicht unnötig irgendwie Damage bekommen. Ich mache auch Feueraura an. Ich glaube, das macht Feuer-Damage. Ja, Feueraura, bitte. Ja, und sonst würde ich einfach nur... Also der macht noch so einen Debuff auf mich drauf. Das ist einfach so ein Dot, das kann man nicht dispellen. Und ich würde halt das Elementar immer umhauen. Das hat echt wenig Leben. Ich würde einfach sagen, die Hunter switchen da kurz drauf, machen die weg und wir gehen sonst auf den Boss. Und irgendwas, wo ich noch nützlich bin, ich habe halt nur diesen Schattenschutz noch, 4 Schutz, irgendwas. Nö, der macht eigentlich nur Damage an mir und halt an Nocerina so ein bisschen. Und die Ads, die das spawnen, die töten, also die haben fast gar keine HP, die sterben wahrscheinlich instant. Also wir machen Knoten jetzt aus hier, ne? Für dich. Ja, will ich ausmachen, ja. Ja? Also ich kann den schon tanken. Ich glaube, der macht nicht so viel Damage an mir. Okay, bist du ready, Miau? Jetzt. Okay, kannst du mir noch ein Schild geben? Ja. Dankeschön. Okay, ich gehe rein. Ja, das Schlangenbiss geht schon mal auf ihn. Jetzt castet er das. Ich würde jetzt hier kurz weglaufen. Und dann macht ihr das Ad, wenn es spawnt. Jetzt einfach umhauen. Jetzt castet ihr das nochmal. Aber nicht bewegen, nicht so mit dem Dicken hier. Ja, Ich halte den einfach im dann ein Kreis. bisschen schneller. Macht ihr das Ad? Ja, das dauert halt ein bisschen. Das ist Jetzt tatsächlich kommt gar nicht nochmal so ein Ad. Shot. Ich hole mir das Ad ran. Ihr könnt jetzt einfach den Boss machen eigentlich. Jetzt kommt noch ein Ad, aber ich würde wirklich einfach den Boss umhauen jetzt. Nagura, ich hab dich irgendwie nicht jetzt. Okay. Der Boss ist gleich tot. Yay. Jetzt noch das Ad umhauen hier. Wartet, das Ad. Okay, perfekt. Ist das das, was du brauchst, Nagura? Nein, die habe ich schon, aber die sind auch bestimmt gut für Nocerina, oder? Sehr gut, ja. Ja. Bomba, klar. Perfekt. Und denkt dran, ihr müsst eure Schuppe hier irgendwie aufladen. Nee, ihr müsst jetzt diese Haut in eurem Inventar rechts anklicken, damit ihr die Essenz lootet von dem. So. Geile Ja, perfekt. Meile, Nice. Ja, also dieser Gang ist schon ein bisschen blöd, diese Zwerge da. Aber der Boss an sich ist ja echt Ja, nicht aber so es schlimm. war doch trotzdem entspannt einfach mit den Fallen. Ja, und so. doch. Nein, yes. ich hab was gesehen. Was denn? Halt, stopp. Okay. Ein Skillpunkt. Ah, nice. Also Süß. Junge. Ja, also ich muss sagen, ich war sehr erschrocken am Anfang von diese Zwerge. Aber Ja. dadurch, dass wir so eine Combo gefunden haben, wie wir die spielen und die Worldbuffs hatten, ging das jetzt dann doch noch ganz Ja. okay aus. Ich Ja, und fand wenn auch, wir- das haben wir mit der Ja, das war dann Zusammenstellung gut. eigentlich doch gut Ja. gespielt. Ja. Musste dann erstmal rausfinden, wie man es spielt und Worldbuffs, dies, das, alles gut. Ja. Ich würde jetzt noch, ich würde jetzt Richtung Bar gehen. Das Problem ist, also Richtung Bar ist relativ schwierig, weil man hier diese Double-Elementare hat, die großen Elementare. Also wir hatten bis jetzt nur ein großes Elementar. Oh, die anderen waren alle die kleinen. Und die großen, die hauen kennt ihr echt grad rein. davon? Was? Also brauch ein Nagura, bisschen- da würde ich brauch Speedboost. gerne... Achso, ja, Pech. Bin ganz hinten. Da würde ich gerne genauso spielen, wie wir die anderen gespielt haben. Wir schicken ein Pad links rauf und wir fokussen das rechte weg. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Die machen halt auch so, also die machen ein Feuerball-AOE-Ding da, glaube ich. Also auf alle. Ich glaube nicht, dass das jetzt super, super viel Damage macht. Aber nur, damit wir halt Bescheid wissen. Also ich würde das einmal probieren mit dem Double Pull. Und wenn das zu krass ist, dann lassen wir es halt einfach. Aber ich würde jetzt hier... Wir können auch links Die pullen, wenn wir das wollen. Ja, die sind alle Elite da links. Ja, dann da braucht ist man, dass eigentlich die rechts niemand. sich, zurückziehen? Oder wie wollt ihr das machen? So. Wir können aber zuerst diese drei, also diese hier pullen und dann die anderen Ja, machen. nimm die da weg, genau. Siegelst du die wieder, Nagura, wegen Weglaufen und so? Ja, Dass das hier kann nicht ich. passiert? Also, Das wäre richtig geil. ja. Bei dem habe ich es jetzt nicht, aber beim anderen mache ich es.
jeder mit der Drachenschippe gemacht? Ja. Ja. Ich hab's gemacht. Ja. Musste ich das auch wir die machen? spielen? Warte mal, muss ich das auch? dann- Achso, ja, shit. Du musst nochmal zurück. Achso, okay, sorry. Ich dachte, ich habe die Quest schon gemacht. Wir machen Dankeschön. Wir kommen alle Oder mit. wir gehen alle. Ich bleib da nicht stehen, ich bleib hier zusammen. stehen. Hier Ich kann bleib nicht, ich lasse niemanden alleine stehen. Na doch, Lara, das lasse ich allein. Das ist okay. Das wär's noch. Der liegt der. Oh, ich hoffe, der Mob liegt noch da. Oh nein. Ah ja, der ist da noch. Ich mach das nicht so getrennt. Das wird sich nicht richtig an, getrennt zu sein. Warum bleiben wir stehen? Weiß ich nicht. Muss ich da jetzt hin? Nein. Einfach dieses grüne Gedönse da anklicken, wenn du bei ihm bist. In deinem So Inventar. ist fein, da kann ich die noch sehen. Ah, Was okay. sie sehen kann. Hm. Gut gesehen, Chat, gut gesehen. Danke, Chat. So, perfekt. Dafür kriegt Chat auch kalte Pizza. So. Boah, BRD ist schon ein bisschen lang, ne, das Dungeon. Boah, ja, aber Ja, alleine man macht die das ja auch Quests. eigentlich nur ein, zweimal, ne? Gefühlt. Und dann Ja. machst du ja nur noch Arena. Ja, So. stimmt, ja. Also die Quests, die wir hier gemacht haben bis jetzt, geben nochmal 22%. Ah, nice. Na gut. Das ist wirklich crazy. So, jetzt Okay, ja, dann können wir würde ich das dieses Aspekt linke gleich Pack machen. hier. Rechnen wir den Aspekt aus. Das sind keine Caster. Das sollte eigentlich so schwierig sein. Dann gehe ich mal rein. Dankeschön. Kurz warten mit Agro. Okay, alles gut. Das Elementar zuerst umhauen, bitte. Okay, ist gleich tot. Schon dead. Aus dem Leben geprügelt haben wir das. Oh, man muss das AOE verteilen. Den schlechtesten AOE im Spiel. Geil. Ja, das Ich ist habe immer noch riesig. erst 15 Taschen. Oh, 16. Nice. Oh Mann. Ich habe hier Das zwei ist Puls die ganze Zeit während dem Dungeon hier. Das machst du halt immer in der Arena. Aber ist alles gut. Ist das fertig? Bis jetzt. Ich habe Angst vor den Elementaren. Ein bisschen. Bisschen Angst. Nur ein bisschen. Okay, bin drin. Oh, okay. Hallo? Hallo. Hallo? Ja. Ich hasse wirklich Discord immer. Disconnect. Das ist schon dumm. Hier wieder Elementar zuerst. Ich gehe rein. Perfekt. Jetzt hat so gar keinen Bock, immer hin, zurück. Heute will er nicht. Hier ist links und rechts sind hier ein paar Leute. Soll ich eine Eisfalle legen einfach? Willst du eine Ja, Eisfalle? um die Ecke pullen. Ja, okay, ja. Ja, dann zieh einfach um die Ecke und dann Mhm. die ersten zwei. Es sind eh nur 3. Ja. Wenn ich dieses Siegel drauf mache, also dieses Siegel, dass die nicht weglaufen, dann mache ich ein bisschen weniger Aggro. Hast du vielleicht gemerkt, dass du ein bisschen mehr Aggro hast jetzt? Ja, aber totstellen, ne? Beste Leben.
Nee, ich meine, Ja, Noserino Nose hat tankt gesagt, alles. Also. Aber. Ich hab's aber Hast du gemerkt. getauntet, Nose? Nee, einfach Sleeping Strikes durchgeknallt. Okay, okay. Ich trinke noch Mal eben. gescheppert. Deine Pizza wartet auf dich, ja, ich weiß. Ich habe keinen schwarzen Beutel aufgehoben. Keine Sorge, kein Todesurteil. Was für ein schwarzer Beutel? Ja, man sagt das so in Classic, wenn du So, einen schwarzen ach so, Beutel so. aufsammelst, dann ist das wie ein Todesurteil. Also, Wir schaffen das dann schon ist bis zur Bar, oder? Okay. Oder sollen wir rausgehen? Ich weiß es nicht. Stimmt, ja, da war Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Nein, wir Sollen wir ja zur der Bar Vortag. laufen? Nein, aber das ging. Jetzt soll ich meine Pizza essen gehen und aufgehen. Gipperuski. Ah, hier ist auch so eine eklige Stelle. Ja, hier ist, also die ist eine Patz. Das ist ein großes Elementar. Das habe ich gerade markiert. Ich glaube, das würde ich jetzt erstmal abwarten und dann Solo spielen. Oder nee, warte, das ist jetzt gerade weggelaufen. Ja, dann lass zuerst die Mobs hier töten. Das sind jetzt große Mobs. Also die sind jetzt gefährlicher als die wir vorhin gespielt Boah, haben. und hier ist halt auch echt eklig, dieser Gang. Ja. Hm. Ich bin ready, wenn du ready bist, Nagua. Ja. Ich hol die ran. Mhm. Ich stehe halt im Gang. Ich würde die Falle ist ein bisschen blöd vielleicht, weil das Elementar da reinrennt. Achso, das ist die Falle, okay. Okay, dann ist alles gut. Hoffe ich. Ja, so Das pullt extra nicht, oder? Also das Feuerelementar wird damit nicht gepullt? Nee, wenn das auch schon auf dem Boden liegt, eigentlich nicht. Okay. Wenn es kommt, schicke ich Pet Die, drauf. die cleaven auch. Müssen wir aufpassen. Ja, ein bisschen. Wir bleiben schön hinten hier. Ja. Nice. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt das Elementar Solo spielen und dann sehen wir, wie viel Damage es macht. Willst du das selber machen? Klar, du willst erstmal selber gucken, wie viel das an dir macht, ne? Ja, ich mache, also ihr könnt auf jeden Fall Aggro machen, aber also ich will einfach so spielen, dass ich so viel Aggro wie ich kann mache. Wenn die Pets dann trotzdem Aggro haben, ist ja perfekt. Einfach nur, damit ich halt trotzdem Aggro habe. Wenn ich weniger mache und dann die Pets nicht genug Aggro haben, dann hat halt irgendwer Aggro. Aber wenn ihr dann mit den Pets Aggro bekommt, ist ja nice. Wenn ihr mich over-aggro, das ist ja perfekt dann eigentlich. Ist gut. Wir machen auch wieder hier rein in den Gang, ne? Ja, ich würde Nee, das... diesmal können wir es hier spielen, tatsächlich. Ja, Okay, ich würde hier drin spielen. Wir warten, bis es kommt. Dicker Elementar, kaboom! Es ist nämlich ein Zerstörer. Ja. Und ich glaube, das macht auch so ein Volley, also das macht Damage an allen. Aber ich glaube echt nicht, dass das so viel macht. Ich habe da gar keinen Bock. BRD Full Runner. Jesus Christ. Würdest du dir rechtzeitig Jetzt kommt er. Bescheid geben? Dass du Bescheid Ja. Ich sehe es halt nicht. Siehst Aber du das Leute, blaue, wenn wir hier, den blauen wenn wir hier Marker? Der rauskommen, da können wir einen dicken Haken machen, ne? Und sagen, wir haben das auch so geschafft. Mein Buff läuft in 50 Sekunden aus, mein Word Buff. Das ist dann weg. Okay, ja. Da kommt sie. Mhm. Wir warten, bis der ganz hier hinten ist bei uns. Moses, danke für die 4 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. 56, Baby. Der Shepard. Okay, dann kannst du mir jetzt ein Schild geben, bitte. Perfekt. Geh gleich rein. Oder ich warte halt, bis er um die Ecke kommt hier. Okay, ich habe Aggro. Ich stun jetzt auch gleich. Perfekt. Okay, ich Der sehe. Damage ist so schön von uns. Also Ja. der Damage, damit haben wir kein Problem. Ja, das stimmt. So, das hier. Okay, das ist auch ein großer. Dann haben wir hier einen Heiler. Wir spielen das mit Fallen, ja, wir spielen das mit Dingsfallen. Ja, das Problem ist, der Elementar wird als erstes laufen und... Achso, du slowst. Warte, ich leg mal eine Eiskältefalle hin für den... Ich würde, ja, also wenn wir den Heiler irgendwie da reinbekommen, das wäre nice. Ja, welcher ist der Heiler? Der Marschall da. Kannst du pullen und ich hit den direkt an, dass der in meine Richtung läuft, okay? Ich buff noch eben, warte einen Moment.
Okay. Ja, okay. Ich ja. dachte nur, mein Discord ist wieder gone. Okay. Nee. Ja, okay. Du Okay. pullst und ich hit den an, dass er zu mir kommt. Ja, perfekt. Kriege ich ein Schild, dann pull ich gleich. Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen weniger Mana, 500 weniger. Das ist okay. Okay, dann laufe ich rein. Okay, dann gehen wir gleich aufs Elementar. Nein. Ah, oh lol. Oh mein Gott. Okay, dann lassen wir das Ja, da lass drin. den Heiler kurz machen, Lass den oder? Heiler machen, genau. Kommt um die Ecke, kommt Du einfach bist, nach hinten. du bist halt links gelaufen und da stand halt genau... Kommt mal alle eine nach hinten, Falle. auch die Pets bitte. Ja, komm. Okay, das Elementar kommt jetzt rein. Wir machen das jetzt. Oh. Wir bekommen jetzt relativ viel Schaden. Ich dann einmal. Perfekt. Luftwaffe hat Agro. Ich lasse das der Luftwaffe mal. Ich habe Akku. Ja, habe ich wieder. Alles gut, habe ich. Perfekt. Also ich wusste gar nicht, dass diese Inventare auch, dass man die auch Nee, ich dachte, freezen die wären kann. immune. Ich dachte auch. Ehrlich, ich dachte, die wären immune. Aber, Ja, aber das ist ja gut. Ist ja gut, weil da kommen ja 2, right? Ja, genau. Dann können wir eins ziehen. Jetzt sind hier links Da, nämlich 2. Sind da Zwerge bei? Ja. Okay. Toro, pack mal deine Falle hier hin. Wo? Da? Hier. Push für Also hinten. wir machen die, ja, wir leihen die, okay. Und wir leihen die wieder. Und Nagora, wir ziehen die einfach wieder da, wo wir gerade eben waren, okay? Und dann haben wir 2. Ich würde die nicht, ich würde die, Oder glaube ich, willst du nicht jetzt ganz anspielen? zurückziehen. Oder? Ich weiß es nicht. I mean, wir können es auch hier spielen. Dann. Aber. Ah, doch, Aha. lass sie aber ganz zurückziehen. Ist egal. Warte so, guck mal. Toro, stell mal deine hier hin. Ja. Okay, ich slow den Marshall. Dann gehen beide Elementare in die Falle und wir gehen einfach in den Gang, okay? Ja, okay, dann machen wir das so. 3, 2, 1, kommt. Ich habe jetzt keinen Schild gegeben. Warte. Ah, das sind Ja, ich hab die 2 auch Zwerge, ne? Also da ist noch ein Zwerg. Der könnte da jetzt reinlaufen. Ja. Ich bleib hier Ja, vorne, was? okay? Ein Elementar. Okay, lass hier fighten. Also hier bleiben bei mir. Okay. Oh ja, ich bin einfach, also sorry, aber wirklich 500 Deko runter. Wenn die rauskommen, dann switchen wir sofort auf die Elementare, ja? Und vielleicht das kriegen die eine Marshall, eines dann ist Dead raus. Elementare. Könnt ihr Ja. das auftanken Pet auch, ist eins drauf. davon? Pet Ich ist bekomme drauf. jetzt viel Pet ist drauf. Damage. Ich bin auf Tank auf dem einen. Da ist Ja, einer, ich der läuft seh's. low weg gerade. Ist okay, Ja, ja, dann ich Kümmere mich, der ist tot. einmal auf den Totenkopf. Totenkopf, bitte. Totenkopf. Perfekt, und jetzt einmal den anderen. Ich heile die Luftwaffe. Alter, der hatte noch 1% Leben. Holy shit. Ich konnte nicht wieder, das ging leider nicht. Alles gut. Ist der hinter uns Easy. noch weg? Also hast du die doch gekriegt? Ja, der ist tot. Der ist Den hab tot. ich erledigt. Weil der war Ja, halt aber- 1 HP, voll schade. Naja. Der ist wiedergekommen, ja. Mach mal einer. Die halten halt eigentlich wenig aus, die Feuerelementare. Also Ich muss die mag lieber das zu nicht. töten, Ich mag das tatsächlich am nicht, die Anfang. zu sehen, weil dann haben wir Ja. die anderen noch nicht tot und dann kommen die erst rein. Ich mag das nicht. Ich glaube, wir wollen dann lieber irgendwie entweder das auftanken oder die Zwerge zu sehen. Das ist, glaube ich, besser. Ich pull jetzt die 2 Zwerge in der Mitte, da sollte es uns eigentlich nichts kommen. Gesundheit. Gesundheit. Oh, die haben Akraf nicht. Ja, okay, das Schild kam ein bisschen, aber ist egal. Die kriegen wir schon runter. Ich habe den Fall noch nicht gesehen. Ja, alles gut, alles gut. Okay, jetzt haben wir nochmal 2 Elementare und ich glaube wieder 2 Zwerge. Aber wenn wir die Zwerge irgendwie ziehen können, ist nice. I mean, ich weiß nicht, ob ich den Elementar slowen kann. I can try. Ja, kannst probieren, ja. Ich leg auf jeden Fall Also wenn wir... wir spielen um die Ecke, right? würde ich ja. Und wenn wir ein Elementar in der Falle bekommen, das ist auch okay. Also solange nicht beide in der Falle sind. Eins ist ja okay. Ja, warte mal. Dann wäre wahrscheinlich Totenkopf in der Falle. honestly. Okay. Ja, dann machen wir Totenskopf in die Falle und... Spielen wir das hier um die Ecke wieder? Oder? Ja, Ja, hier ja. nach hinten zu uns. Dann Warum pull haben wir ich. Ich hätte gerne trotzdem noch das X da. Damit wir wissen, welches wir geben nicht, weil es da irgendein anderes reinläuft. Ja. Warte, was Okay, meinst du? Oh gut, oh gut. Toro auch Falle, bitte. Ja, ich mache hier eine in die Ecke. Und ich slowe
Ja, wo sind denn die Zwerge? Die sieht man ja so schlecht. Ah, da, der Marshall ist das, ne? Okay. Genau. Ich slow mal den Marshall. Oder slow ich den? Ich slow den. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, der Slow geht. Okay, dann kommt das X wahrscheinlich in die Falle hier. Dann machen wir Totenkopf. Perfekt. Okay, dann hier Das war Fokus. gut, ja. Perfekt, dann machen wir jetzt X. Und wir müssen den anderen wahrscheinlich ein bisschen... Was dann denn kurz wegen Agro? Ja. Also wir müssen wahrscheinlich den Heiler interrupten. Ich glaube, der macht ja gleich einen Holy Light dann wahrscheinlich auf diesem Map. Wenn ihr könnt. Ah, nee, macht er nicht. Alles gut. Ja, ich habe nach deinem Stun nochmal gestunt. Also ich konnte das Feuerelementar eigentlich gar nichts machen. Ja, nice, nice, nice. Okay. Ich glaube, rechts runter müsste man jetzt gehen Richtung Bau. Das sind diese ganzen, also diese ich würde die anderen Elementare, die will ich einfach gar nicht pullen, weil wir müssen da überhaupt nicht lang. Ja, wir haben, Hahn hat das immer irgendwie auf der Treppe gespielt. Die kamen irgendwie immer hochgelaufen. Das war mal richtig ätzend hier. Ja, ich weiß nicht, wie man das spielt, weil, also irgendwie... rechts ist auch noch ein Boss. Hier rechts runter ist auch noch ein Boss. Ja, also wir müssen rechts lang, ja. Also hier rechts runter. Links ist auch noch ein Boss. Also hier Links ist ein Boss, aber den müssen wir nicht spielen. Ja, General... Also. Arsch. Ja, dann lassen wir den aus. Er ist 57 Elite. Ja, den scheiß auf den. Also General Zornstern hat aber nette Sachen, ne? Ja, aber egal, der ist 3 Level über mir. Ich treffe den nicht. Also. Ich auch nicht. 57 ist der. Ah, ja. Lassen wir mal. Okay, hier sind, glaube ich, so ganz viele kleine Mobs. Aber vielleicht muss das der Chat mal kurz erklären, weil ich glaube, das sind so Golems und die aktivieren die irgendwie. Ich weiß nicht, wie das geht genau. Ich weiß nicht, wie man das spielt. Also, die sind alles Non-Elite, diese kleinen Gnome. Aber ich weiß nicht, also ob man die hat die irgendwie an wegbombt den oder... Säulen gemacht. Hahn ist immer irgendwie an die Säule da vorne links gegangen und hat die irgendwie zurechtgepult. Ne? Und dann kamen die irgendwie alle zusammen an der kleinen Säule und dann hat man die da weggeauet. Das war so. Und man hat mit Frostfallen gearbeitet. Also dass die nicht so schnell irgendwie weglaufen oder so. Okay, dann pull ich einfach mal irgendwas. Hallo. Hallo. Ich hab Warte mal. Tom weil hat gesagt, ich soll in den Channel kommen. Ja, kurz nur wegen den, wir sind hier bei diesen kleinen Gnomis. War da irgendwas zu beachten? Ja, ihr müsst den ganzen Raum clearen. Denn der Boss ruft in dem Raum um Hilfe. Aber warte Also mal, der Boss wollen wir den Boss überhaupt spielen? Wo kommt man denn in die Bar? Die Bar ist jetzt einfach rechts von euch. Also wenn Okay, ihr weil den rechts- Boss, hinten glaube ich, rechts wollen wir nicht rausgeht. spielen, den Golem Lord. Mit unserem Level, oder? Der ist 3 Level über der mir. Der eine macht halt sehr viel AE, der eine haut sehr viel rein und wenn ihr zu lange braucht, kommt der eigentliche Boss zurück und schießt Kettenblitze. Also Ja, schon ich ein würde den, bisschen glaube so ich, nicht Damage Race. spielen. Ich würde einfach nur die Bar machen, glaube ich, weil die ist ja fein für uns, oder? Ja, die Bar solltet ihr komplett schaffen. Also, ne, wenn ihr jetzt nicht irgendwas over-aggrot oder so, ist die Bar relativ einfach, weil die Bosse alle nicht stark sind. Okay, ja, dann würde ich da einfach hin und die Bosse hier auslassen, weil die halt schon 3 Level über im Tank ist. Also nicht die so können gut. gar nichts, ne? Hier gibt's diese Schicksalsträchtigen, keine Ahnung. Da müssen wir einfach hier nichts beachten, also einfach nur. Da müssen wir auch den Raum nicht clearen, oder? Wenn wir den Boss nicht spielen, Dalu? Korrekt. Okay. Und wir müssen, also wo ist die Bar? Also einfach im Raum rechts. So, wenn du jetzt in den Raum reinguckst und der Raum ist eine Uhr, dann ist es auf 2 Uhr. Ah, okay, perfekt. Okay, dann laufen wir hier einfach mal quer durch. Ich pulle einfach immer zurück, damit die zu mir kommen. Oder hinter die Säulen oder so. Ah ja, guck mal, da kommt ein Pack. Die großen Golems, machen die irgendwas Schlimmes? Flame Das ist immer nur Cannon. Schaden. Okay. Lass mir Feuer auch an. Ihr wollt die auch zuerst wegmachen. Die Ads sind nicht so schlimm wie der Elite. Okay. Dalu, den Dings, der ist böse, oder? Der General Zorn schießt mich tot da hinten. Mit seinen 57. Also ich mach den nicht. Also ist Nee, egal, mach ob der nicht. böse ist oder nicht. Ich mach den nicht. Also ich touch keine Bosse an, die 4 Level über mir sind, sorry. Da hast du recht. Ich wollte nur wissen, ob der was kann. Mehr wollte ich von Dalu gar nicht wissen. So für die Ich Zukunft. glaube, ich Also, kann sein, dass der ab- Discord wieder down ist, auch vielleicht, dass man nicht hört. Ab hier habe ich die Buchse voll, sage ich so, wie es ist. Kannst du mir Shield geben? Dann pull ich dieses Konstrukt hier noch hin. Okay, hier haben die Eck, also hier haben die Säule.
Es kommen 2, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich nehm den Mal gucken, ob lilanen. einer von Den lilanen denen... nimm- Wartet den mal lilanen kurz. Wartet kurz. Ich dachte, der wird es sieht. Okay, wird er nicht. Dann lass mal den hier fokussieren. Ich stun den auch kurz. Also den Totenkopf. Flame Kanone, ist das ein Frontal? Achso, das ist einfach nur ein Caster. Der spammt das einfach, okay. Okay, die sind jetzt nicht super schön. Alles gut. Oh. Was castet hier noch? Ach, da ist so ein kleiner... Das ist ein Techniker. Im Golem drin. Einfach Telekom-Techniker. Ja. Mach mal Discord-Teile. Den habe ich nicht mal gesehen, dass er da war. Ich denke, wer schießt mich denn an, weil dieser Golem so groß ist. Wenn ihr reinrennt, geht nicht zu weit links, weil da ist so eine große Gruppe da in der Ecke. Ich würde jetzt wahrscheinlich... Du meinst rechts, ja. Okay, oder? Also wir müssen hier vorne rechts. Also vor uns einfach geradeaus müssen wir. Aber ich glaube, wir müssen halt rechts diese Gruppe spielen, weil die pullen mir wohl beim Vorbeigehen. Ich kann... Es sind alles Non-Elite, außer der Nur der Konstrukt. Golem, ne? Deswegen würde ich einfach da dann reingehen. gehst du einfach rein, oder? Ja. Okay, check. Let's go. Wenn du noch ein Schild für mich hast, perfekt. Ich leg eine Rückzugsfalle auf alle Fälle hin. Mhm. Oh. Ja, Ja, alles fein. Ja, den Golem einfach auf jeden Fall finishen. Der Techniker rennt weg um die Ecke. Der pullt jetzt wahrscheinlich 2 Elementare. Das sind große Elementare. Die Okay. kommen jetzt um die Ecke. Okay, könnt ihr eine Falle? Ne, könnt ihr nicht. Lass Totenkopf fokussieren. Kannst mir Schild geben, wenn du eins hast. Ja, ich kann das. Guck mal, zieh die mal auseinander. Ich schick meins auf den anderen drauf. Perfekt. Hallo. Hallo. Warte kurz. Warte kurz. Totenkopf, Fokus. Mhm. Jetzt den anderen. Okay, und swappen. Bisschen Luftwaffe heilen, wenn du kannst, Miau. Ist gleich tot. Okay, sehr gut. Ja, ist okay, aber er tankt ja, deswegen, okay. Gut. Perfekt, alles okay, fein gut, jetzt. Gut geschwitzt. Aber es war Arsch, Alter, holy shit. Ja, Okay, so ich ein bisschen Glück. Okay, hi Matteo. Was geht? Hallo. Hallo, ihr habt anscheinend gewonnen. Habt ihr nice gemacht. Was habt ihr gemacht? Außerdem 2 große Elementare gepult. Hoppala. Martin, du bist doch Mallet, Mann. Für Zilfarak. Theoretisch habe ich den Mallet, ja. Bist du heute schon locked? Weil nicht, hättest du Ich Lust mit bin uns danach mitzukommen? instant schlafen. Okay. Was ist das hier für eine Gar kein Schriftrolle? Ich muss ins Büro morgen, deswegen. Jo, klar. Gibt es sonst einen DPS, der Lust hätte, uns, also im Optimalfall mit einem Mallet mit uns zu Fahrrad zu laufen? Ich bin danach auch Weil weg. wir sind jetzt gerade Ich nicht. warte nochmal also kurz hier durch. Eben. Feuer. Crowd goes wild. Aber gar kein Problem. Dann danke und eine gute Nacht später. Stay safe. Tot. Hallo. Du auch. Okay, wir haben nochmal 2 Elementare. Ich würde aber die Luftwaffe wieder auf einen schicken, auf den linken, und ich mache den Ja, rechten. ich habe noch kein Mana, ne? Also, Ja, wir warten noch, wir warten noch. Okay, danke. Wir machen unser Tempo. Easy. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, als ich gesehen habe, dass der Okay, dann Gnome da bist die Mobs... Ich wusste gar nicht mal, was da steht. Und dann gucke ich so um die Ecke und sehe, dass da Ja, 2 Zerstörer stehen. Ich so, oh Gott. Nagura? Bitte? Bist du soweit? Dann geh auf Ja, den rechten. bin bereit. Let's go. Links läuft. Mhm. Ich stun den kurz. Das hast du auch fast kurz. Perfekt. Okay, ich habe die Luftwaffe, die hat jetzt angetankt. Der Luftwaffe war ein richtig guter Tank. Ja, Perfekt. Resi kann was. Okay, jetzt sind wir in der Bar. Jetzt ist hier irgendein Questmob. Also hier theoretisch sind jetzt alle neutral. Just for sure. Also wichtig, erstmal in der Bar nichts irgendwie erstmal ansprechen, anklicken und vor allem niemanden angreifen. Mhm, okay. Und das erste, was Haben ihr wir eine macht, ist. Fluchtmöglichkeit, wenn irgendwas passiert? Wo können wir flüchten? In die Lava wahrscheinlich nicht.
Also wenn ihr nicht alle eine Petri habt, dann, oder Elun, Zurücklaufen, okay. dann laufen, aber es sind halt sehr, sehr viele, ne? Also es sind wirklich, wenn ihr schafft, Totstellen Frostfalle zu legen, um zu slowen, dann habt ihr auf jeden Fall Zeit, weil die meisten sind halt Melee, aber die Bahn an sich ist nicht schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass das ihr müsst einfach nur kurz konzentriert bleiben und halt nichts Falsches anklicken. Okay. Also es gibt 4 Bosse, die ihr in dem Raum machen könnt. Zuallererst geht ihr in den Raum rein und dann links in den Nebenraum. Packen, okay. Ja, also wenn das schreit, irgendein Boss und... Also das kannst du später herausholen. So, wir gehen rein und links. Okay. Kommt mit, Freunde, kommt. Digga, ich hab Arschwasser. Okay. Okay. So, den ersten Boss könnt ihr triggern, indem ihr diese Fässer, die so ein bisschen komisch aussehen, die stecken so ineinander, 3 Fässer. Wenn ihr die kaputt macht, dann kommt der erste Boss mit seinen Ads rein. Das ist ein Elite und der hat so 3, 4 Minions noch mit dabei. Sie sind nicht besonders stark, aber ready sein dafür. Und kämpft erst, wenn die auch in dem Raum drinne sind. Also lasst die auch zu euch in den Raum reinkommen. Nicht, dass ihr mit irgendeinem AE, Mehrfachschuss oder sonstiges, ihr dürft keinen in der Bar treffen, also keinen saufenden Gast oder so. Ihr wollt halt die Bar-Leute nicht angreifen. Laranas, mach mal Screech aus. Wir spielen nicht mit Screech. Ist alles aus. Okay, dann. Wir legen hier eine Frostfalle, damit die nicht weglaufen können. Das ist ja okay, glaube ich, hier so. Dann mache ich die mal kaputt. Und am besten spielen wir die hier so. Also ich gehe halt um die Ecke, damit er ein bisschen zu mir kommt. Ich will kurz warten dann. Okay, sehr gut. Ja, da kannst du das spielen. Ich lasse dir den. Totenkopf-Fokus, ne? Ja. Passt das hinten? Ist gut? Mhm, ja. Ist Pet Tank oder nicht? Okay. Hat ein bisschen gebraucht, bis es akkurat war, aber ja. Ja, also hier, Achtung mit, also nicht irgendwie nach hinten schießen, ja? Mit euren Multishots oder keine Ahnung. Also ich mach gar keinen Multishots. Okay. Achso, ich glaube, du hast es verfehlt und dann sah das so aus, als würdest du da nach hinten schießen. Nee, manchmal Doppelshot wegen dem. Nee, weil ich glaube, wenn du vorbeischießt, dann sieht man das erst, oder? Genau gepasst, wo ich denn? Ich glaube, das war's. Okay. Das ist ja gut. Okay. Das ist ein sehr, sehr guter Drop. Nice. Ja. GZ. Laranas. Mein Freund, geht viel Lack beim Wurf. Ich habe kein Wasser. Ah doch, ich habe noch ein Wasser. Das ist strong. Der nächste Boss. Ich kann dir noch was geben. Bei dem nächsten Boss kann ich euch nur 90% geben, weil ich nicht weiß, was er sagt. Der steht direkt links um die Ecke. Da stehen so 3 Mobs, die anders aussehen. Also die sehen nicht so aus wie diese grimmigen Säufer. Die kannst du dir mal angucken, Nagura. Die machen auf Anhieb, machen die erstmal nichts. Ich hab deinen Stream halt offen. Ja, wenn du so um die Ecke gehst, müssten da so links 3 Mobs stehen, die anders aussehen. Also du kannst ruhig rausgucken, geh ruhig raus. Ja. Da ist so ein Goblin bei und so weiter. Ich habe ein bisschen Delay in deinem Stream, glaube ich. Ja. Deswegen muss ich kurz warten. Also das Pack hier gleich? Oder? Ja, siehst du diesen Tauren und der steht da auch noch mit so anderen Leuten rum. Ja. Und einer davon, kannst du mit einem davon reden, hat einer eine Sprechblase, wenn du über den drüber hoverst? Eigentlich alle. Ich glaube, der Kleine ist es. Der kleine Goblin. Ist er Ripley? Wenn du mit ihm redest, ja, genau. Wenn du mit Ripley redest, dann will der dir auf die Fresse hauen. Okay. Und dann gehst du, ohne was zu machen, direkt in den Raum zurück. Also du machst kein AE oder so, sondern du redest mit dem und rennst direkt in den Raum zurück. Die hauen aber in der Zeit schon zu dritt auf dich ein. Die machen jetzt nicht so viel Schaden, nur dass du aber dafür ready bist, jetzt nicht mit dem Rücken da zu stehen. Okay, gibst du mir ein Schild schnell? Also Schild können wir ja geben, oder? Vom Priester. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Oh mein Gott, ich bin dumm. Können wir eine Minute noch warten? Ich habe aus Versehen einen Trank getrunken. Ja, alles gut, waren wir. Ja. Ich habe das auch, also ich habe vorhin diesen Trank, den du mir gegeben hast, getrunken, weil es aussieht wie Wasser. Ja, das genau dasselbe habe ich jetzt auch gemacht. Ich hasse diesen Trank. Ja.
Ich habe auch deswegen das Schwimmtempo-Trank nie dabei, weil ich das aussieht wie Lune. Okay, dann würde ich auch einfach diesen Ripley fokussieren wahrscheinlich. Oder ist hier irgendein Highlight? Warte, ich guck mal, ob da irgendein Highlight oder irgendwas dabei ist. Hier ist 2 Du kannst ja Rogues. selektieren schon. Du kannst ja vielleicht da schon ein paar Dinger drüber machen. Ja, ich glaube, die machen alle nicht. Also die anderen sind, glaube ich, alles Rogues. Außer dieser Ripley, das ist so ein Krieger. Wichtig ist halt wieder kein AE, weil die Zwerge wollen wir nicht. Wir wollen nur die 4 komischen da. Ja. Du putzt ihn hier in den Raum rein dann, oder? Genau. Okay. Aber die brauchen noch ein Schild, die Nagura, oder? Ja, bitte. Ja. Okay, dann hole ich sie. Brustpalette können wir trotzdem legen. Okay, Varana, alle am Start? Aha, ich laufe rein. Ja. Der Ripley, ne? Ripley ist schon tot. Sehr gut, Leute. Perfekt. Nice. Und hier ist auch der Kopf drin für die Quest. Oha, sehr gut. Ja, 1% Laranas, mehr. GZ. Oh, Baby, holy shit. Der kann auch, glaube ich, Nice. einfach Schusswaffe droppen. Da ist ein Kopf drin, Korrekt. ne? Den Kopf. Ah, nice. Okay. Ein Kaffee, ja. Das ist schon mal gut. Oh, ich glaube, ich habe ihn nicht. Habe ich einen Kopf? Gehen wir jetzt nicht wieder raus, Dalu? Nein. Nach dem Hack? Nee. Ihr geht jetzt ganz hinten rechts die Bar hoch. Also lauft einfach durch die Bar. Wie gesagt, niemanden angreifen, kein AE, ne? Nichts machen, mit keinem reden, keinen schief angucken. Okay. Das Ich sind guck einfach nicht, ich laufe mit Augen zu. Einfach hinten durch die Bar laufen. Ja, du mit läufst beiden einen meinen Tisch. Augen auf. Jetzt gibt es noch 2 weitere Bosse, die ihr machen könnt. Die Sache ist, das kann ich, wollt ihr danach raus oder wollt ihr danach weiter? Danach wollen wir Danach raus. sollen wir raus, glaube ich, ja. Okay, gut. Nur zu wissen. Also, was ihr jetzt machen wollt, ist die Phalanx töten. Das ist dieser Golem, ich glaube, der steht gerade hinter euch in der Ecke oder so. Ja. Ist nicht angreifbar. Genau, um den attackieren zu können, muss irgendwie Unruhe gestiftet werden. Das macht aber nicht ihr. Ihr geht jetzt zu dem Barmann, der ist noch in der letzten Ecke, wo ihr jetzt noch nicht wart. In dem Raum. Also es gibt ja noch eine Ecke, wo ihr noch nicht wart. Oben. Müssen wir da alle hin oder einer? Einer reicht. Der spricht mit dem Barmann. Das ist, der hat einen roten Hut auf und läuft über den Tresen. Ja, Ja, ich der sehe. kleine Gnom da auf dem Tresen. Und der verkauft Bier, wenn ich mich nicht täusche. Du kannst mit dem reden, du kannst mit dem handeln. Hau ihn aber nicht. Du könntest ihn auch angreifen, das wollen wir aber nicht. Einfach nur in Ruhe rechtsklicken, kein Auto-Attack, keine Ability. Das Dunkeleisenbier, oder? Ja. Genau, du kannst da das Bier kaufen. Ich glaube, es sind 6 Stück, die du kaufen musst. 6 Bier. Okay, hab. Und dann steht genau 180 Grad hinter dir, steht so ein Typ allein an einem Tisch. Ah ja, dieser Rockknott. Ja, genau. Und dem gibst du mal, den füllst du mal ab. Okay. Dann rennst du wieder zu den anderen. Die anderen stehen ja da alle noch an der Ecke bei dem Phalanx, ja? Die bleiben hier, so guck mal hier. Hier ist unsere Ecke, wo wir Genau, gib dir mal ruhig das Bier. Hast du ihm alles gegeben? Ich hatte irgendeine Quest, das hat das automatisch gemacht. Achso, ich muss 3-mal machen. Okay. Genau, also du musst alle deine 6 Bier loswerden. Lust auf ein Glas? Ah, okay, jetzt glaube ich. Jetzt wollt ihr nochmals. Ah ja, jetzt macht er irgendwas. Ja, ich komme. Und dann gehst du zu den anderen. Jetzt haut der auf die Bierfässer ein. Ja. Und das wird dann so gesprengt, dass die Tür kaputt geht. Das findet die Phalanx halt gar nicht lustig und guckt erstmal, was da los ist. Und danach könnt ihr die Phalanx dahin pullen, wo die jetzt steht. Also ihr kämpft gleich gegen die Phalanx an der Stelle, wo er jetzt steht. Der wird sich gleich umpositionieren. Okay. Ich glaube, der macht einen Agro-Reset, also dann musst du eventuell taunten. Also. Okay. Ich glaube, der knockt mich und hat dann Agro-Reset. Aber gucken wir dann. Also wir Heiler und so und Fernschützen, wir bleiben hier an den Treppenabsatz. Außer der kommt zu uns, dann kommen wir zu dir rein. Soll ich diese oben drauf stehen? Oder Nee, komm hier runter. Nicht, weil das ist Agro-Reset vielleicht.
Okay, dann pull ich den einfach zu mir hin. Oder ich bodypull den einfach. Ich glaube, du kannst den einfach pullen, ja. Darf ich dir ein Schild geben schon? Ja, kannst du. Genau, wieder da aufpassen, nichts mit Ja. AE, nicht die anderen treffen, der übliche Kram. Einfach. Okay, ich wurde genockt, aber immer noch aggro. Ist kein Reset anscheinend. Perfekt. Kann man auch stunnen. Da kommt gerade eine Liebe, die glaube ich nicht angreifen. Okay, perfekt. Aber gar nichts angreifen, ja. Perfekt. Die Faustwaffe. Junge Nose, zieh die an und wenn Fistfight-Event ist nächste Woche, klatscht du damit alle um. So, und jetzt gibt es noch einen, den ihr machen könnt, und das ist der Barmann selbst. Und Okay. deswegen habe ich euch gefragt, ob ihr danach weiter wollt oder ob ihr danach raus wollt. Denn in dem Moment, in dem der Barmann tot ist, habt ihr noch Zeit. Mehr als genug, keine Angst. Ist jetzt nicht so schlimm, ist nicht dramatisch, ihr müsst jetzt nicht einen Hurtigkeitsrang nehmen, aber die Gäste merken irgendwann, dass der Barkeeper tot ist. Ja? Ich will den Barkeeper nicht machen. Und also der Ich Barkeeper, will nein, den also macht Barkeeper dir wirklich keine Sorgen. Den Kampf einmal gesehen zu haben und zu verstehen, ist super wichtig. Ne? Der Kampf ist auch sehr einfach. Der Barkeeper selbst ist auch sehr schwach. Aber ihr müsst halt danach einfach rausgehen. Also es geht nur darum, dass ihr jetzt nicht dann 5 Minuten kurz sagt AFK. Okay. Wenn wir Ruhestein machen? Nein, könnt ihr raus auch aus locker. der Bar oder raus aus Raus der aus der Bar. Einfach raus aus der Bar. Eigentlich geht der dann durch die Tür, die offen ist. Aber geht erstmal zu dem Barmann in diesen Nebenraum. Der hat auch noch so einen kleinen Raum, da steht ein Zwerg, mit dem ihr handeln könnt. Okay, aber ich zünd danach Ruhestein, just saying. Okay, ihr könnt, wenn ihr euch darauf einigt, portet danach, wenn der Barmann gelootet ist, einfach alle raus. Ganz Okay. easy. Ja. Haben wir alle Ruhestand? Ja, klar haben wir. Das sind ja 3 Stunden hier drin schon. In dem Raum, wo der Zwerg da drin steht, wollt ihr kämpfen. Okay. Gegen alles, was jetzt kommt. Das Einzige, was ihr vermeiden wollt, ist, wenn ihr irgendwas pullt, ihr wollt nicht zu nah an die gelben Fässer stehen, denn die sind ein bisschen buggy gecodet. Die Gegner wissen nicht, wie sie da hinkommen zu euch. Das Okay. heißt, immer so einen kleinen Abstand zu den gelben Fässern haben, sonst laufen die nämlich quer durch die Bar. Und das ist, ich wiederhole es, weil es ein gutes Beispiel ist, dass das, was Chef Strobel passiert ist. Der hat den Boss gepullt, hat sich hinter den Fässern versteckt. Der Boss wusste nicht, wie er laufen soll und ist quer in die Bar gelaufen, also alles gepullt. Okay. Also bleiben wir Und- einfach hier genau mittig stehen und. Ja, werdet ihr gleich sehen, ist super easy. Nagura, du kannst dich mal an die Ecke stellen, sodass du den Barmann siehst. Ist das der, wo ich das Bier gekauft habe, oder? Genau, ja. Ah, okay. Mhm. Im Optimalfall, wenn man es jetzt richtig machen möchte, will man den Barmann so nicht pullen, weil der hat ja noch 4 Gäste, die vor ihm stehen. Deswegen klaust du jetzt einmal ein Bier vom Tisch. Okay. Du klaust das Bier und gehst wieder zurück, wo du bist. Der wird, Ich mach wenn du das jetzt Bier einfach, ja. geklaut hast, genau, ja, der wird, wenn du das Bier geklaut hast, rumschreien, ey, lass das. Macht aber nichts. Beim zweiten Mal ist er auch noch sauer, tut aber immer noch nichts. 3 darfst du nicht klauen. Okay. Dann ist er Dann nehme ich aggro. jetzt mal eins. Ja, denk aber das Bier, nicht das Essen. Das geht nämlich auch. Also, ich habe es nicht rausgelootet. Okay, er meinte aber schon, hey, lass das. Und jetzt nehme ich noch mal eins, oder? Ja, dann nimm noch mal eins, das geht ja noch. Okay. Ja, aber schau, dass du es auf jeden Fall jetzt lootest. Okay, ja. Weil das ist nämlich, das ist nämlich wichtig. Ja, verstehe. Okay, ich hab's. So, das Bier ist jetzt wie so eine Art Freibier und funktioniert so ein bisschen als Köder für die Gäste. Ja? Das heißt, wenn da irgendwo, du kannst das Bier nämlich hinstellen. Und wenn du das Bier platzierst, kommt der nächste Gast angelaufen und möchte das aufheben. Ja? Deswegen stell dich noch mal an die Ecke, wo du gerade standst, als du ihn angeguckt hast. Einfach nur, Ja. damit ich dich einfacher positionieren kann. Mhm. Ich muss kurz auf das Delay warten. Und jetzt stell dir vor, du gehst jetzt noch so 3 Schritte nach rechts. Also du willst das eher an die Wand in den Raum stellen, als in die Bar rein. Macht das irgendwie Sinn? Also einfach hier? Oder noch weiter drin? Ja, da, wo du so ein bisschen mit der Kamera geschüttelt hast, war schon richtig. Und wenn du das Bier jetzt da an die Wand stellst... Also schon an die Wand. Also wo mein Richtung Charakter jetzt Barkeeper. ist? Hier? Ne? Ich warte kurz aufs Delay. Ich hoffe, es ist Ja. okay. Genau da, wo dein Charakter jetzt ist, da stellst Okay. du das Bier hin. Ja. Und dann kommen einzeln Zwerge an. Und ihr tötet die, wenn die so 3 Schritte von dem Bier weg sind. Super wäre, wenn ihr die stunnen könntet, dass sie das Bier nicht erreichen. Denn wenn die das Bier erreichen, ist das Bier weg. Und ihr könntet aber mit einem Bier 4 Zwerge anlocken.
Okay. Das heißt, ihr wollt den Zwerg eigentlich, der ankommt, töten, bevor er am Bier ist. Ah, und ich mache das hier hin, damit die Gäste, die da drüben sind, kommen, die halt neben ihm stehen dann quasi, Genau. oder? Ja, weil ich du verstehe. möchtest natürlich die nächsten Zwerge haben. Okay. Aber was heißt denn Stun? Also wir können ja nur... Also Ja, der Hand Nagura of kann ja nur Justice ein- von Nagura. Ja. Pet Stun. Ein Pet Stun. So, das kannst du schon mal platzieren. Das ist auch Okay, dann nicht mache so ich das schlimm, glaub erste. Also ein erstes, warte mal. Warte. Rechtsklick, okay, verstehe. Was ist mit dem Typen hier vor uns? Der macht hier nichts, oder was? Es kann auch sein, dass ein, in Anführungsstrichen, falscher Gast kommt, aber es ist Ich dann stun halt den gleich, egal. der kommt, ne? Ist not ready. Und... Okay, dann tötet den. Ich mach nur Single Shot. Okay, der nächste kommt dann gleich, oder? Im Optimalfall will er halt, Ja. darf er das Bier Seid ihr nicht ready mit erreichen, dem weil sonst Stun? ist es weg. Kommt gleich um die Ecke hier. Okay. Und umhauen. Ah, der hat das Bier gekriegt. Okay, ja, gut. Der hat das jetzt schon. Ist jetzt in der Hinsicht nicht schlimm. Du könntest jetzt zum Beispiel warten, wenn der Barkeeper auf dem Tresen links ist. Also ich so dann das weit Bier weg wie nehme? möglich vom Bier und dann das Bier nehmen. Okay. Aber direkt zurückgehen, weil er wird aggro sein. Okay, dann nehmen. Okay, warte, dann warte ich noch kurz. Vorsicht, da kommt jetzt was mit der Succubus. Die macht, glaube ich, nichts. Die ist grün. Nee, die macht nichts. Okay, ich kann auch drüben warten einfach, oder? Im Normalfall kannst du das sogar mit allen 4 Edge spielen. Du möchtest aber nicht, dass die doof laufen und das Pathing. Es geht ja darum, es einmal richtig zu machen. Kann es sein, Wenn du dass das Bier jetzt hast, wenn du das Bier kommt. jetzt halt Okay, er hast, ist er halt kommt. aggro. Aber ist okay, oder? Also wir fighten die halt jetzt einfach alle. Okay. Genau, ja. Es ist nicht schlimm. Mhm. Im Optimalfall kannst du es mit allen 4 Ads machen. Es ging nur darum, wie man es einmal richtig machen würde. Okay, verstehe. Also das ist das, damit man die Gäste hier wegmacht, das ist eigentlich nur nützt. Also wenn man das jetzt solo und möchte als Rogue oder so zum Beispiel, oder? Also Ja, wenn du Fünfergruppe, du dann kannst schaffst du die schon, oder? Ja, du kannst ja auch schon ein bisschen lower vom Level her sein, wenn du da reingehst. Ne? Also die Bar ist ja dann auch schon. Und dann macht der ja schon gut Schaden. Und es ist einfach nur, um das halt zu reduzieren. Aber ja, du kannst auch alle 4 Mobs mitpullen. Es ist einfach nur die Mechanik, wie Oh, krass. Nose, geil. Okay, dann habt ihr alle gelootet. Wir müssen jetzt raus, ne, Leute? Also wir müssen jetzt Ruhestein. Was schon mit euch? Zündung. Alle Ruhestein drücken. Ruhestein. Alle safe. Okay, perfekt. Der hat irgendwie gar nichts gedroppt, der Typ jetzt, oder? Ja, der droppt Die sehr. Erklärung Also der hat mir mehr Angst gemacht als der ganze Dungeon. Weil man so in diesem Raum drin war, wenn die jetzt alle kommen. Aber ich habe das verstanden jetzt. Und er wird Ja, es aggro, geht wenn man ja darum, 3 was haben die Bier sich- nimmt, oder? Ja. Genau, okay. Genau, das Mhm. 3. Bier macht ihn aggro. Wenn er Außer er ganz ist links ganz stehen links. würde, Okay. dann wird er trotzdem aggro, aber dann steht er weit genug weg von dir, dass du ihn nicht bodypullst. Ah, okay, verstehe. Okay. Okay, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Danke, Dalu, für die ganzen Erklärungen. Wenn ich es nochmal klar. denke, dann weiß ich jetzt Bescheid. Der droppt zwar selten, aber was er droppen kann, ist gut. Also vor allem, wenn ihr einen Schurken dabei habt oder einen Lederträger an sich. Also der Dolch ist super selten. Ich glaube, wir haben auch einfach noch keinen Dolch in der scheiße. Gilde. Leute, wir haben es geschafft. Ja, das war ein bisschen stressig, aber war gut. Ey, ich fand, wir haben das gut gespielt in der Konstellation. Ja, auf jeden Fall. Waren ein paar Kniffe drin. Ja, das war echt aufregend. Wie viele Quests Der haben wir erste gemacht? Moment, wo wir da reingegangen sind, war echt so, oh shit, seid ihr sicher? Ich war richtig Verabschiede überfordert mich dann mit mal dem ersten wieder. Tag. Ja, danke, Dalu. Danke dir. War lustig. Bis später. Bis später. Boah, ist das ein Scheiß-Dungeon, wirklich. Also wirklich. Das ist einfach. Also. Nee. Das ist ja 18 Boah, fucking ich Marathonläufe schwitze. gemacht, 70 Wasser versoffen. Bruder, wirklich, also. Das ist schon krass irgendwie. Ja, Boah. Oh Gott. Ich höre nichts. Es war mir ein Fest, ihr Süßen. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Entschuldigen Sie nochmal meine zweite Königin. Ja, bitte auspeitschen, bitte kein Gericht, ja. Alles gut. Danke auf jeden Fall. Und vielleicht ein anderes Mal nochmal, aber vielleicht nicht mehr BRD oder so. Vielleicht was anderes. Ja, geil, geil, bitte. Ja. Weiß einer der Leute noch. Jetzt nur noch Arena-Runs, ganz ehrlich. Arena-Runs, das ist easy peasy, da muss man nichts für können. Habt ihr, wisst ihr, wo man diese Dunkeleisenerbe abgibt? Weil da ist irgendwie da drinne das, ne? Fragezeichen. Ich sehe das nur gerade auch hier.
oder so. Kann das sein? Ich glaube in der Mitte, da wo man rechts anklicken muss, oder? Damit man den Geist sieht? Oder nicht? Oh, das kann sein, Also da ja. drinnen wieder dann wahrscheinlich, ne? Weil ich gucke gerade, wo man abgeben kann. Ich habe nur 18. Mir fehlen 2. Miau ist fertig. Was habe ich? Achso, ja, ich bin fertig. Die blöden Taschen. Ja, aber du kannst die eh nur drinnen abgeben, scheinbar. Also Ich esse jetzt meine Pizza. Da drinnen. Warte, ich gebe die Quest echt morgen ab. Ich gehe jetzt. Fuck it. Achso, Leute, ich gehe jetzt. Ja, gut. Abgeben immer was. Folgt mir meinem Stream, wenn ihr noch nicht followt. Das würde mich echt freuen. Danke, dass ihr hier wart. Ich gehe jetzt Pizza essen. Wollen wir die noch abgeben, die Quest? Ja, kann man gerne machen. Wenn ihr noch Bock habt, dann folgt mir meinem YouTube-Channel. Ich poste immer Recaps und meinem Instagram. Ich poste auch ganz viel. Damit ich mich nicht so schlecht fühle, weil ich jeden Tag englische Viewer oder Subscriber und so verliere. War genug? Jetzt, wo ich für immer Deutsch streame, für immer und ewig, brauche ich ein paar neue deutsche Subscriber und die englische sind halt, ja. Es tut weh, es tut weh. Aber vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Und danke fürs Zuschauen. Deswegen. Und es heißt Roulade und nicht Rolle, okay? Und ja, das war's. Danke für den ganzen Support auf jeden Fall. Kustigi. Mann, ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen. Das ist echt schlimm. So, ich lasse euch jetzt. Ich werde noch jemanden kurz suchen zum Rain. Irgendwer, der noch vielleicht ein bisschen länger da ist. Es gibt bestimmt einige, die ein bisschen länger noch streamen, oder? Ich glaube, in der Gruppe hier nicht so wirklich. Die meinten ja alle, dass sie schlafen gehen. Ja, ja. Jo. Lass mal gucken. Ist hier alles on? Wir können auch Dalu raiden. Weil Dalu so nett war und uns das alles erklärt hat hier. Wir haben richtig gut erklärt auch. Dalu ist einfach der Beste. Warte mal, was? Honeypoo spielt WoW? Weil das, was ich halt machen will, ist, dann müssen wir hier Honeypoo raiden. auf der Seite so, Ich muss gerade überlegen, wo ich hinfliege. ja, Wir müssen Honeypoo raiden. viel Pflanzenshit machen und weil ich finde, das passt da nicht so rein. Sorry, ich finde sie ultra cute. Ich folge ihr auf Instagram. Sie kennen mich gar nicht. Aber ich folge ihr auf Instagram und ich finde sie ultra cute. Also, die Augenklappe, ich weiß nicht, warum das jetzt. Also, ich glaube, das ist ein richtig geiles Rogue-Item, aber für uns ist die nicht gut. Okay, Leute, dann viel Spaß bei Honeypoo. Habt noch einen schönen Abend. Ich habe mich halt nur und gefragt, einen weil guten Start in die Woche morgen. Okay, ich check, Vielen Dank für den ganzen Rogue, Support. da ist der Orgasmus Ich muss jetzt erstmal runterkommen, damit ich schlafen kann. Um 12 brauche ich jetzt bestimmt 2 Stunden, bis ich wieder normalen Puls habe. Okay, klar, aber für uns. Also Okay, danke schön, Freunde. Und wir sehen uns morgen. Gute Nacht und schlaf gut. Ich guck gerade, ne? Also ich verliere Ciao. eine Crit-Chance. Ne?